machine. Woo! Pixelated dreams coming true. With every game he's breaking through. When the games are on, who you gonna find? Hammer time with Troy Hammerin. When you need that thrill, who's one of a kind? Hammer time with Troy Hammerin. When the games are on, who you gonna find? Hammer time with Troy Hammerin. When you need that thrill, who's one of a kind? Hammer time with Troy Hammerin. Joystick ready, controllers tight. Troy's on a roll, it's a crazy night. Chat keeps spinning with memes in play. Troy keeps winning in every way. Troy Hammerin. Troy Hammerin. Hey Troy, that's a song from me, Lilina, to you. I hope you enjoy it. It's a little chill. Hey, my name is Troy, I'm in the house. I got a big hammer, what you talking about? It's Jonathan, don't let him get out of here, cause he's swinging right back to me. I got good gameplay, no just kidding. I'm chatting and I don't know what I'm doing. I'm chilling here with my awesome chat, but they all wanna fight me until I come back. Franciscus is doing all the jobs. He's twerking from right and up above. The cutest nut I've ever seen. You don't believe me? Come hop into the stream, yeah, it's hammer time, hammer time. Shake it with the
hammer time, shake it like it's hot. Hey there, Chad, what's happening? We got me outer space, floating Hawaiian shirts is the way to go. Every girl season drops it low. Shaking the cake and this is how I like it. You better play marbles or you don't hide it. When Jack comes in with the buzz fight, you fight them until you can't hide. It's a hammer time, shake it with the hammer time. Yeah, it's hammer time, shake it like it's hot. Everyone! Hammer time, shake it with the hammer time. Hammer time, shake it like it's hot. Far, where
Grüezi miteinander. Da brennt das Licht, das nicht brennen darf. Chat. Grüezi miteinander, Chat. Es ist wieder Samstag. Es ist, ich glaube, wirklich wieder Samstag. Oder? Was haben wir für einen Tag? Kokainum. Hey, Chat, grüezi miteinander. Wie geht's euch? Schön sind ihr da. Wie war eure Woche gewesen? Und, genau. Und bye. Ich gehe dann mal wieder. Ne? Hey Chat, ich begrüße schnell alle, die geschrieben haben. Zum Glück funktioniert mein Chat-Tool wieder. Vorher hat es schnell nicht wollen. Aber jetzt geht's. Carnage Rage, grüezi. Und Carnage war, glaube ich, First, wenn es mich nicht täuscht. Carnage, GZ, Finchen, grüezi wohl. Highway Racer, Kotmar, Jenny, Juti, Arti, Trini, Kaylee, Lulu. Hey, ich habe extra, Lulu, für dich noch deine Version eingespielt, weil der Highway Racer war sehr schnell gewesen. Und dann hat es halt einen Cooldown drauf. Und ich werde dir auch mal das gönnen, dass du das einlösen kannst. Calls, grüezi wohl, grüezi Bergwerk, Tutsu, Nelfi, Flo, Kashira, Brother from Another Mother, Lilo, grüezi wohl, Specku, Poppy, Schippo, Äpfelmast, Maverick, Celiabo, grüezi miteinander. Schön sind ihr da. Schön sind ihr da und schaut, dass euch ein Display nicht kaputt geht beim Handy. Zu dieser Jahreszeit, wenn es draussen Temperaturunterschiede und so, Chat, kann vieles kaputt gehen. I guess. Genau, Temperaturunterschiede, Chat. This is fine, Chat. This is fine. So, Chat. Ich steige mal irgendwann ein im Chat. Mal schauen, ob ich da oh, das ist schwierig. Schwierig, mal schnell schauen. Ich überfliege rasch. This is madness! Madness. This is Sparta! Genau, Highway Racer, ich habe es eigentlich... 03 du dreckige Schiff. Ich habe es eigentlich selber noch eingespielt. Weil die Lulu sonst das nicht einlösen kann, wenn sie schon da ist. Es ist natürlich dann auf Cooldown, wenn es den Highway Racer einlöst. Darum habe ich es schnell manuell noch gemacht, damit die Lulu ihre Version noch bekommt. Also die Lulu, die Lulu, die die Version selber eingesungen hat. Genau das wollte ich sagen. Ich bleibe jetzt bei dem. Beste Lied, ja, indeed. Indeed. So, wo sind wir? Tickets haben wir schon gekauft gesehen. Ja, lieber Chat, Giveaways, es geht weiter, muss ich glaube nicht sagen. Ausrufezeichen, Giveaway. Für mehr Infos, Ausrufezeichen, Tickets, um ein Ticket zu kaufen. 200 Punkte kostet das, 203 Punkte, die ihr mit Ausrufezeichen Points könnt überprüfen. Zieg zwischen 22 Uhr und 23 Uhr, Chat. Und dann wie immer
Ich habe noch ein paar, ich habe noch viele tatsächlich. Wie immer gibt es auch ab und zu mal so ein Giveaway für eine kleine Eichel. Also auch dort immer ready sein, wenn ihr so eine wollt, die spawnen einfach amigs. Die spawnen, dann haben ihr 15 Minuten Zeit und so weiter. So, Chat. Fienchen hat kaputt gemacht, hä? Fienchen am kaputt machen. Und damit bin ich schon mal darauf vorbereitet, sollte ich gewinnen. Let's go. Chat, mir fällt gerade ein, ich kann euch nicht einmal noch entscheiden, was ich anlege. Ich habe es völlig vergessen. Da habe ich einfach etwas angelegt, Chat. He? Immerhin bin ich nicht nackt. He? Also, bitte für das. Ich will die Eichel, Schippo, dann musst du ein bisschen dranbleiben. Du hast mich jetzt auf dem Fernsehen getroffen. So hast du mir das ja letztens geschrieben, im Teams. Hast mich auf dem Fernsehen getroffen und wenn du hörst, hey, jetzt Ausrufezeichen Eichel und so, dann musst du in den Chat rein. Dann musst du mitmachen. Aber ich würde mal sagen, das erste machen wir dann schon gleich einig und dann schätze ich mal, kommt es, wenn es kommt. Chat. Ja, es ist halt einfach, es ist jetzt so, Chat, wir können es nicht ändern. Einisch darf das Lied anlaufen, es ist sogar in meiner Playlist. Die Song-Requests sind nicht einmal eingeschaltet, Chat. Liebe Fienchen, du darfst sehr gerne, wenn du willst, natürlich auch Song-Requests einschalten. 180 Minuten ist, glaube ich, nicht schlecht. Und jetzt lassen wir Wham-Chat. Und ich tue es nicht skippen. Ich tue es einfach nicht skippen. Die Weihnachten sind vor der Tür, Chat. Nicht schon wieder ein Hammerspeck, no. Nein. Wie viel hast du denn jetzt schon? Und übrigens Speckeier im Teig. Speck, grüezi wohl, schön, dass du da bist. Hure dreckig, der Blätsch hat sich über die Troilina gefreut und geschrauen. Es war aber im Cassini. Scheiße, nein! Was hat denn der Blätsch bekommen? Ich sehe es wahrscheinlich nicht. No, das ist mega doof. 6 Monate Treue, Hug treuer Pat. Oh, Juti, danke dir für den Resub im 6. Monat. Merci vielmals für deinen Support, Juti. Ehren-Juti. Juti bekommt auch einen Hauptpreis, eher einen Wunschpreis sogar, Chat. Ja, ich habe es schnell gesagt. Das ist plus ein Eichel. Das ganze Programm bekommt Juti. Das ist unglaublich. Wo bin ich gewesen? Was wollte ich noch sagen? Aber das kennen wir doch alle, Chat. Wenn man sich über etwas freut, man denkt so, wow, ich habe es geschafft. CrossFit, du Bandeliage, oder was, Mann? Ja, Mann. Ja, Bandeli, Chat. Dann freut man sich über etwas und dann merkt man, shit, das ist gar nicht meins. Das ist uns doch allen schon mal passiert, Chat. Jetzt war der hure mies gewesen. Ich habe gemeint, endlich die Rollina gezogen. Aber nein, es war im Call Scene. Was hast denn du zu sagen? So ein Hammer, oder? Wahrscheinlich so ein Hammer. Geil. Also, tut mir mega leid, Platsch. Wieder so ein hure Hammer, natürlich. Oh no. Ich frage mich, ob auf Weihnachten das noch jemand schafft. Also, Eis geht noch raus, Eis-Stack, habe ich noch nicht verschickt. Das geht noch an liebe Bounce, der hat das geschafft. Und der Bounce hat ja lange Mühe gehabt, Chat. Also das ist schon, der Bounce hat ja verdammt lange Mühe gehabt. Ich habe eigentlich den Bounce immer so als Beispiel genommen. Für jemanden, der Pech hat bei dieser Sammelkartengeschichte. Und das hier hat es dann eben schon geschafft. Plötzlich hat sich der Knopf gelöst und dann hat er die richtige Karte gehabt. Endlich auch Ferien, let's go, Speck. Nice one. Jetzt habe ich etwas übersprungen. Was sind noch Giveaways noch da? Ich kann es schnell zeigen, Chat. Jetzt haben wir zuerst Wham hören, ganz wichtig. Chat, ich mache schnell auf. Ich glaube, Fienchen, wo sie Wham gehört hat sie mich gemutet. Ich mache die Song Requests auf, lieber Chat, für 180 Minuten.
Ausrufezeichen SR Abstand Spotify-Link, wenn ihr euch einen Song wünschen wollt. Das darf alles sein und es darf auch weihnachtlich sein. Ich überlasse euch das, ihr macht das amigs gut, Chat. Was gibt es noch zu gönnen? Das war noch die Frage, Chat. Das schauen wir schnell an. Es hat noch ein paar Sachen. Es hat nicht mehr alles. Aber es hat noch ein paar Sachen. Also von Prag haben wir einen leeren Tisch. Ja. Der Ullen stellt sich zur Verfügung. Ullen, Mann! Not. Der Ullen ist auch da. Der Ullen gibt es aber nicht zu gönnen, lieber Chat. Der Ullen gibt es nicht zu gönnen. Wir gehen schnell durch, lieber Chat. Wir haben von Govi noch 2 geile Produkte. Also einerseits, das ist etwa das teuerste Produkt, das jetzt noch rum ist. Beleuchtung für hinter den Monitor, wo man sich ankleben kann, plus 2 Stehlampen. Das Ganze wird über eine HDMI-Box gesteuert, wo ihr euch ein HDMI-Signal durchschlaufen könnt. Normaler Lightstrip Nummer 6 von Govi über Govi App steuerbar. Dann haben wir von WOG.ch The Last of Us Part 2 Remastered, Until Dawn, Horizon Zero Dawn, Skull and Dawn und FC Dawn. Nein, natürlich, Skull and Bones für PC oder Xbox, FC 25 für Switch oder Xbox. Hä? You side all geil. Yeah, we are. Geil. Chat, und dann hat es noch von mir 2 45 Franken Steam-Gutscheine, die noch rum sind. Also wenn ich euch ziehe, könnt ihr noch etwas von diesen Preisen auswählen, von diesen Sachen, die rum sind. Lieber Chat, es hat noch viel. Und ich würde sagen, Govi ist schon noch spannend. Oder Schippo, das ist also schon geil. Jetzt Weihnachten sind vorbei, Chat. Uns laufen die Tränen vom Gesicht. Reih dich ein. Wir wollen zusammen traurig sein. Chat, jetzt sind wir nicht traurig, hä? Jetzt sind wir nicht traurig. Ich lese schnell vor, ich begrüße noch schnell die Leute. Ullen grüezi, Rina grüezi, schnell im Lörr kochen. Nein, viel Erfolg beim Kochen, Rina. Blake Music grüezi. Und Herbsti und Snuffis grüezi miteinander. Wie habt ihr's? Wie geht's euch? Schön sind ihr da. Und Cookfrags grüezi wohl. Cookfrags? Jetzt habe ich ohne Scheiß schnell müssen überlegen, so, wann habe ich dich das letzte Mal gesehen? Aber es ist noch nicht mal so verrückt lang her, wo man sich sogar live gesehen hat tatsächlich. Nice. Wie geht's dir? So, Chat, schnell schauen, wo ich bin. Wo bin ich hier? Oh, Speck, der Speck. Das habe ich gelesen. Speck hat endlich Ferien, Chat. Und bleibe weiterhin im Lurk. Viel Spaß euch, Jutti. Danke dir für den Lurk-Support. Und bis später dann. Jetzt muss ich schnell schauen. Der Speck, ihr habt dem Chi-Chi gesagt, wieso noch? Hat der Speck etwas gewonnen? Season 2. Dunkelwald, Kaffeetrink, kennt ihr das? Jets Hype Train, Torlina. Was fehlt noch? Was fehlt denn da noch? Shield of Reflection fehlt noch, Chat. Shield of Reflection fehlt dem Speck noch. Schauen wir schnell am Call seine Karten an. Dunkelwald, Kaffeetrink, Shield of Reflection, Ende des Jets Hype Train. Calls, du könntest dir Torlina-Karten herstellen, dann fehlt dir aber wieder Type Train Karten. Wie viele Karten hat das Produkt? Die Frage beantworte ich dir jeden Stream, oder? 6, Mann. 5 können droppen, 6 die können sein. Eine musst du noch herstellen. Die kannst du herstellen mit Ausrufezeichen herstellen, Abstand S2 für Season 2. Das wäre Torlina-Karte. 38 Karten habe ich gesagt, bis jetzt kein Troy. Ich bin eben selten, Jenny. Ja?
Hast du das Gefühl, ich komme da jedes zweite Mal aus dem Booster-Pack raus? Ja, I know. Ich glaube, die Troy-Karte ist die, wo die Leute meistens den noch nicht haben als letzte Karte, die ihnen noch fehlt. Also es war bei den Fienchen, glaube ich, auch so. Ich glaube, die Fienchen haben auch noch lange auf die Troy-Karte gewartet. Und Schmarz, grüezi, Schmarz, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello. Immer noch Shield of Reflection fehlt, genau. Falsch zugeordnete Zitate. Die Macht ist nicht etwas, was man erwirbt, wegnimmt, teilt, was man bewahrt oder verliert. Die Macht ist etwas, was sich von unzähligen Punkten aus und im Spiel ungleicher und beweglicher Beziehungen vollzieht. Ja, Zitat von Darth Vader. Michel Fossard in Sexualität und Wahrheit. Das ist jetzt, okay, that escalated quickly. Okay. Oh, shit. Ah ja, stimmt, Reflexion fehlt, Mann. Jetzt habe ich gemeint, du hast es. Und ich war verwirrt, weil du geschrieben hast, Chi Speck. Und ich habe gedacht, jetzt ist es soweit. Jetzt müssen wir den Spezialstream starten für den Speck. Aber da wird schon noch. Speck, das wird schon noch. Ja, also, wenn ihr dranbleibt, dann werdet ihr früher oder später sicher ein Season-Deck voll haben, wenn nicht sogar beide. Und bevor ihr wahrscheinlich beide habt, gilt wahrscheinlich nicht für alle, aber bevor ihr es habt, wird wahrscheinlich dann schon Season 3 einmal kommen, Chat. Da bin ich voll Gas dran. Alles, also Never Gonna Give You Up als nächstes, ich habe nicht gesagt, dass ihr euch alles könnt wünschen könnt. Ich habe ein Sternchen gedacht. Und das Sternchen bedeutet, Never Gonna Give You Up gehört natürlich nicht dazu. So, Chat, ich bin ein bisschen am Überfliegen. Ich hoffe, ich überlese nichts Wichtiges. Ich habe die Perks vermisst, Jutti. Man kann halt nicht ohne. Das ist ja so. Mein Stream ist ja so wie. jetzt darf ich kein Zeichen sagen. Also, da ist nichts Pay to Win, lieber Chat. Aber so ein paar Microtransactions müssen schon sein, oder? Für so ein paar Perks und so. So bin ich halt, Chat, ne? So bin ich halt. Ja, aber das meiste könnt ihr ja ohne machen. Und Troy, eine letzte Sache noch. Oh nein. Jutti, reden wir jetzt drüber? Ist es jetzt soweit? Ja, Jutti hat gesagt, Troy, wir müssen noch über ein ernstes Thema reden miteinander. Und jetzt kommt's. Mir fehlen nur noch 55k Kanalpunkte. What? Tommy? Merci vielmals, ich lese es gerade vor. 55k Kanalpunkte für die Franziskus als geile Karte, Chat. Dann tue ich auch noch schnell teasen. Noch schnell einmal in Erinnerung rufen. Die limitierte, nummerierte Franziskuskarte, lieber Chat, die existiert natürlich auch noch. Das wäre die. Sie glänzt ein bisschen. Und sie ist hinten nummeriert. Das 0 gibt es nicht offiziell, das war mein Prototyp. Und, Tommy Mann, merci vielmal für den Resub im 14. Monat. Danke vielmal, Tommy, merci vielmal für den Support. Und wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und grüezi auch Römer. Hello Römer, wie hast du es? Schön, dass du da bist. By the way, ich weiss, Schmarz, ich muss noch antworten. Ich bin wieder DMs am Durchkämpfen, Chat. Ich bin wieder DMs am Durchkämpfen. Da kommt schon noch eine Antwort. Keine Panik. Das meiste habe ich schon gesehen. Ich habe meine Liste, die ich so ein bisschen abhökle, damit ich weiss, wo muss ich noch was haben. So, Chat. Aber Jutti, das kommt auch gut. 55k. Dauert noch eine Weile, aber nicht mehr so lange. Ne? Nicht mehr so lange.
Cordon Bleu essen, ja genau, Cook Frags. Da haben wir uns gesehen. Das war auch so geil, ne? Cordon Bleu. Und dann mit Barracks gab es noch ein Vermicell. Oh, das war so geil gewesen, Chat. Specko hat auch Ferien, let's go, Specko. Ja, wenn machst du denn jetzt amigs die Wäsche? Ja, also weißt, die Frage habe ich mir jetzt auch gestellt, die letzte. Also gedacht, hey, ich muss ja gar nicht dann die Wäsche machen, wenn ich mich eingetragen habe. Gut, es ist auch blöd, wenn ich mich eintrage und nachher nicht die Wäsche mache. Aber wenn man Ferien hat, kann man ja immer die Wäsche machen, Chat. Über was Ernstes wollten wir reden? Oh, Jutti, nee. Ich habe versagt, Jutti. Thema erledigt. Herr Punkt, Ende aus. Nein. Ich habe nur Chicken Nuggets. Chicken Nuggets kann ich anbieten. Frisch aus dem Airfryer, das kann ich anbieten. Nein. Keine Gipfel, Jutti. Leider nicht. Heute nicht. I'm sorry. Nee, das Ding ist, ich bin heute nicht mehr einkaufen gegangen, weil ich eigentlich alles habe, ne? Alles. Nur die Gipfeli, ne? Die habe ich natürlich nicht. Ich kann mich nicht beklagen, Cook Frags, kann mich nicht beklagen, merci vielmals. Freut mich, dass es dir gut geht. Gigi Massi. Jetzt ist eine Languste. Jetzt ist... Du bist nicht eine, ja? Du isst eine. Ja, hey, Specko, gönn dir. Gönn dir. Hoi Troy, bin nur da wegen der Giveaways. Blake, hey, ich habe nichts anderes erwartet. Nein, alles gut. He? Alles gut. Das ist überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Weil wenn du genug Punkte hast, dann hast du genug Punkte. Blake, wenn fährst du endlich du wieder anfangen zu streamen? Das wette ich jetzt als Gegenleistung, die Antwort auf diese Frage. Wann kommt das Comeback? Wann kommt das Comeback von Blake Music? Ja, das müssen wir jetzt schon wissen. Und why are you running, Lizzie? Lizzie, grüezi wohl. SDTSC, grüezi wohl. Schön, dass ihr da sind. Hello. Wie habt ihr's? Ich lasse doch nie zu, Mann. 6. Hey, machst du einen Screenshot? Genau, machst du einen Screenshot von dem. 10. Hier. 6. Screenshot machen, ausdrucken, aufhängen. Dann hast du die Antwort auf die Frage immer parat, Calls. Und natürlich Troilina nicht, trotz Perfect Match. Ah, ja, der Perfect Match, den können wir uns endlich noch anschauen, Chat. Da ist auf Discord noch etwas reingekommen. Die Zeit nehmen wir jetzt, Chat. Schnell schauen, wie weit. Ich bin nur 7 Minuten hinten nachher. Also das ist noch easy. Es war schon schlimmer gewesen, Chat. Weil der Mr. Blatsch hat nämlich im letzten Stream noch etwas reingeschickt, das ich mir nicht angeschaut habe, Chat. Und das schauen wir uns noch schnell an. Wir kennen die Dating-Apps, Chat. Die Dating-Apps, man kennt sie. Und der lieber Misty, der lieber Misty Blatsch, du heisst jetzt Misty Blatsch, Mr. Blatsch, hat natürlich einen Screenshot gemacht, Chat. Er hat einen Screenshot gemacht von seinem Perfect Match, Chat. Und da haben wir ihn. It's a match. You and Troilina, hat Troilina sogar noch ein bisschen so aufgestellt, weil Troilina ist ein Premium-Benutzer auf dieser Plattform. Have liked each other. also das ist ein bisschen sass, Chat. Oder nein, das ist ein bisschen sass. Also wie sie schaut. Und da kommt da noch so Kokain um, aber ich finde das schon ein bisschen sass. Und lieber Chat, ganz wichtig, sorry Plätsch, jetzt tue ich es hervorheben, wenn du mir schon gesagt hast. Eine Überschrift, das ist auch Teil vom Screenshot-Tool, wo der Plätsch da hat. Da gibt es auch so automatisch generierte Überschriften, Chat. Let's go, merci für das. Merci für das, Plätsch. Sehr geil. So, jetzt muss ich da schnell weiterlesen. Ja, das Gefühl hatte ich, aber du spawnst halt einfach nicht. Ja, Spawnchance sehr gering.
Schaut da, der Flo hat es komplett. Der habe ich das jetzt muss ich wieder überlegen. Flo, habe ich dir es geschickt? Habe ich dir es geschickt? Oder? Oh mein Gott, jetzt kommen die Fragen. Jetzt merkt die Chat, dass Troy lost ist. Ja, gut, das ist ja nichts Neues. Ich sage zuerst mal Grüezi Airfighter und Typ. Grüezi miteinander, schön sind ihr da. Flo, habe ich dir das geschickt? Verdammt. Hey Schmarz, ich kann mich nicht beklagen, alles gut, alles gemütlich. Ich geniesse immer noch die Ferien. Und es ist schön. Es ist schön. Aber was ich noch gemacht habe, lieber Chat, ich habe Babys eingepflegt. Ein Baby habe ich noch eingepflegt. Das ist jetzt auch lang liegen geblieben. Ich habe noch nicht mal die Season 2 angefangen, weil die Season 1 noch nicht habe. Ja, aber das macht auch Sinn. Es gibt gewisse Leute, die haben so ein bisschen einen Mix. Die haben vielleicht einmal ganz am Anfang schauen, was überhaupt so droppen bei der Season 2. Aber ich glaube, das Vorgehen ist schon das Richtige. Zuerst Season 1 komplettieren. Oder zumindest probieren, bis du auch Rage Quit ist. Und denkst, weißt du was? Wahrscheinlich sind die Chancen besser beim Season 2 Deck. Eigentlich müsste das einmal jemand ausrechnen, mathematisch. Weil Season 1 und Season 2 haben unterschiedliche Karten, also mit unterschiedlichen Seltenheitswerten von Karten. Es kann sein, dass die Chancen insgesamt besser sind bei Season 2. Bin mir jetzt aber wirklich nicht sicher. Weil Season 1 hat 2 Legendary Cards, also 2. Ein Legendary Card, der droppen kann, während Season 2 keine Legendary Card hat, die droppen kann. Die Hauptkarte ist natürlich dann Legendary. Und jetzt hatte ich, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich Jutis Nachricht fast gedruckt. So, Rechtsklick drucken. Und jetzt hatte ich 5 Euro an Twitch-Guthaben übergehabt. Hast du verdient. Oh, Juti. Und dann einfach an mich. Ja. Dave fehlt auch nicht mehr viel für die Karte. Oh, ja, jetzt ist es gleich so weit, oder? Dann passiert es, Chat. Dann passiert es. Und es kommt ein Sternenschnucki vom Himmel gefallen. Mit 47 Minuten. Hey, Sternenschnucki, merci. Danke dir für den Raid. Und liebe Raiders, grüezi miteinander. Und ich begrüße noch Feta-Käse und Daisy Wannerpels hier. Wannerpels. Und Nick, grüezi Mann und liebe Raiders. Wie war euer Stream? Sternenschnucki, was hast du gezockt? Was gab's bei dir? Wie war's? Und wir machen direkt ein Foto mit dir. Und jetzt muss ich auch wieder, jetzt ist zu der Moment gekommen, wo ich ein paar Nachrichten überspringen muss, lieber Chat. Wenn ihr noch was Wichtiges geschrieben habt, wiederholt's doch dann nochmals. Ich muss mal gucken, dass jetzt nichts untergeht, ne, von den Raiders. Und Bolle Joke. Wir sind die Raiders, okay. Und Ruby zockt, grüezi wohl, Ruby. Und Bolle Joke, danke dir für den Follow. Und liebe Raiders, lieber Chat, kommt doch alle einmal drauf aufs Foto. Gebt alle ein Ausrufezeichen Foto, dann kommt ihr mit eurem Profilbild hier aufs Foto mit Sternenschnucki und mir. Und Sternenschnucki, du kannst dir noch was auswählen auf der linken Seite, was neben dir aufs Bild soll. Aktuell ist die Ukulele da. Du kannst die aber noch austauschen, wenn du möchtest. Und Sammy Schuski Rudel, grüezi, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Let's go. So, und jetzt gucke ich noch, dass ich Sternenschnucki nicht überlese. Ein Rott, oh nice. Das passt echt gut, ne? Das passt echt gut aufs Foto, nice one. Und ich gucke mal, ob ich sehe, was es bei euch gab. Food and Drink. Oh, heute in der Weihnachtsschlemmerei. Oha. Was gab's denn zu essen, Schnucki? Hast du noch etwas übrig für mich? Hä? Wir haben doch da abgemacht, dass du mir noch was lässt zum Snacken während meinem Stream.
Und Toralus, grüezi, Kekse wurden gebacken. Okay, also, hey Toralus, hi, wie geht's dir? Und nice. Was war in den Keksen drin? So verschiedene, wie sich's halt so gehört? Oder so eher so schokoladig? Ich liebe halt Schokokekse, Chat. Das ist das Geilste, ne? Schokokekse. Chat, liebe Raiders, mein Chat hat sich Songs gewünscht. Einfach, dass es gesagt ist, ne? Das ist von Chat, das kommt nicht von mir. Aber ist nice. Einfach Bingo, Mann. Gut. Ach, Chat. Plätzchen und gebrannte Mandeln. Oh, das ist auch nice. Oh, das ist halt auch nice. Love it. Kekse für uns. Also Kekse oder Kokainum. Also Koks. Oh, Chat. Schon wieder Rammstein. Heute Rammstein-lastig hier, ne? Gipfeli Beste. Liebe Raiders, wann hattet ihr das letzte Mal ein Gipfeli? Ja, Pedro, dich habe ich nicht gefragt. Pedro, du bist ein bisschen zu früh. Liebe Raiders, wann hattet ihr das letzte Mal ein Gipfeli? Und jetzt so. What the hell is a Gipfeli? Einfach oh ja, okay, Butterplätzchen. Uff, das ist halt immer so, ne? Butter, es ist halt Butter, aber es ist halt geil, Mann. Einfache Butterplätzchen, da die Community mir ein Einhorn-Ausstechförmchen zum Geburtstag geschenkt hat. Oha, nice, Schnucki. Also, hattest du jetzt die letzten Tage mal Geburtstag oder ist es schon länger her? Aber nice. Und klingt nach einer tollen Community, Sternenschnucki. Das klingt nach einer tollen Community. Und Ruby sagt, danke dir für den Follow. Willkommen hier bei mir. Und Sternendrache, grüezi, by the way. Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Heute Morgen, also Feta-Käse hatte heute Morgen das letzte Gipfeli. Das ist nice. Ich wollte es gerade fragen, oha, weiß Sternenschnucki nicht, was ein Gipfel ist, Chat? Müssen wir da den Raiders, wahrscheinlich einigen Raiders, noch beibringen, was ein Gipfel ist? Ich habe jetzt leider keins, das ist ein bisschen doof. Aber jetzt wäre eigentlich Juttis Einsatz, ne? Jetzt wäre Juttis Einsatz, dann kann ich das direkt visuell zeigen, was ein Gipfel ist. Nee, das kennt ihr auch, ne? Das kennt ihr auch. Ich lese jetzt aber zuerst noch kurz Chat. Am Donnerstag, 19.12.2024, am 5:05 hat der Airfighter sein letztes Gipfel gehabt. Ich glaube, so vor 2 Monaten hatte ich als letztes ein Gipfel. Aber da gingst du dann auch, da hast du auch ein Gipfeli bestellt. Ne? Da gingst du an die Theke und sagtest, ich will ein Gipfeli. Chat, oh, wir haben es im Chat, ne? Da unten. Chat, die Emotes. Ne? Ein Gipfeli, liebe Raiders, ist ein Croissant. Bei uns in der Schweiz sagt man Gipfeli zum Croissant. Ist schon länger her. Uff, das hat auch so Butter drin. Ne? Das ist auch so, genau so eins der Gebäcke, die einfach so geil sind, aber es hat einfach so viel Butter drin. Das war im April. Oha, das ist aber schon eine Weile her. Hey. Krass. Ich weiß, was das ist. Okay. Gerne, Sama, bist du Coder? Diese Raid-Foto-Dings ist ja hart abgefahren. Sims gut. Ruby, ich würde mich jetzt nicht als Coder bezeichnen. Ich kann so ein bisschen, ich kann das so weit, wie ich es brauche, kann ich C#. Ich benutze aber Streamerbot für die ganzen Dinge. By the way, Ausrufezeichen Foto, dann machen wir noch das Foto. Und lieber Chat, wenn wir schon beim Thema Spielereien sind, es ist angesprochen worden, der Bosskampf, der startet
Ich würde sagen, wir machen den direkt im Anschluss. Aber Sternschnucke, du musst mir noch sagen, passt das für dich, wenn wir direkt in einen Bossfight reingehen, wo du dann auch Dungeon Leader bist? Oder sagst du, nee, ich brauche noch einen Moment. Oder nee, ich muss noch was anderes erledigen, sorry. Vielleicht hast du auch noch Gäste, ich weiß es nicht. Aber du darfst mir das ruhig sagen. Ich kann mich da auch ein bisschen anpassen. So, Chat, kurz weiterlesen. Also ich habe sehr viel Spielereien, Chat. By the way, ich habe gar nie gesagt, wer ich bin, ne? Wow. Was bin denn ich für ein Streamer, Chat? Ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit viel Interaktivität, Spielereien, Effekten, viel Gelaber und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Genau. Und viele Spielereien, ne? Ich habe viel gebaut für einen Stream. Und das ist das zweitgrößte. Kokainum gibt es ab und zu auch. Das ist das zweitgrößte, das ihr hier seht. Der Bosskampf, der nachher kommt, ist das größte, was ich gebaut habe. Doch ist so, Chat. Ich lüge nicht, ne? Sternschnuck, sehe ich so aus, als würde ich lügen? Nee, das bildet ihr euch ein, Chat. Wir müssen das Foto machen, Chat. Foto in, oh shit. Inzwischen 7 und 15 Sekunden, Chat. No, God! No, God, please, no! 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 Let's go. Sternenschnucki, hier noch unser Foto. Ein Effekt ist auch noch drauf. Lulu hat's verpasst. Lulu, du bist zu spät. Lulu? Wieso guckst du mich so an, Lulu? Okay. Bye, Lulu. Liebe Sternenschnucki, liebe Raiders, dieses Foto brennt jetzt. Aber ist auch alles okay, ne? Das gehört dazu. Das ist feuerfest, das Foto. Ab jetzt auf dem Discord, Ausrufezeichen DC. Und ich werde dann auch noch eine Insta-Story machen, eine Twitch-Story, wo ich dich markiere. Und das Foto kann man sich auch noch in physischer Form bestellen. Link im Chat. Tanz wie ein Schlumpf. Zwar die herzhafte Variante, aber egal. Okay. Ich muss kurz ein wenig Chat nachlesen. Und danke noch für ein Esso. Hey, kein Problem. Danke dir für den Raid, hey. Das ist doch selbstverständlich. Hatten wir letztes Mal auch schon. Ich bin damit fein. Okay, let's do this. Chat, dann macht euch schon mal ready für den Bosskampf. Ihr werdet im Bosskampf gegen mich kämpfen, in einem rundenbasierten Kampfsystem. Und genau. Ihr werdet verlieren, genau so war es. Weil ihr verliert immer. Genau, und dann gibt es neu noch Levels, aber ich erkläre dann das nachher nochmals genauer, wie das geht. Ich scroll noch kurz durch Chat durch, kurz gucken, dass ich nichts Wichtiges verpasst habe. Habe Fieber lassen? Nein, aber Lulu, hast du Fieber? Hast du Fieber? Dun, dun, dun. Konk, konk. Wie ist das gegangen? Hm? Das ist so geil als Meme. Lulu, ich wünsche dir ganz eine gute Besserung. Ja? Aber schaust, dass du dich auch erholen kannst, Lulu. Und nicht da wegen mir da bist, wegen den Giveaways, dich anstrengst. Und zwischen 10 und 11 Ziegen und so, kannst du auch dann wieder rum sein. Ich werde nicht böse. Ich werde wirklich nicht böse, wenn du ein bisschen liegen gell? Man braucht auch die Ruhe, wenn man Fieber hat. So, Chat. Okay, war nicht mehr sicher, ob ich mit drauf war auf dem Bild. Ich muss kurz gucken, wie dein Avatar aussieht. Ja, da oben bist du. Da oben bist du. Das hat geklappt. Immer noch am Samstag ist mein Wäschtag. Jetzt hast du aus der Vergangenheit geschrieben, oder, Specko?
Jetzt bist du mit dem DeLorean schnell in die Zukunft gereist. Genau. Und es ist ja jetzt Samstag, oder ist nicht Samstag? Ist jetzt Speckl verwirrt oder bin ich verwirrt? Bin seit Anfang im Lurk. Oh, hey, alles gut, Lulu, alles gut. He? Ruhe dich aus. Giveaways und Gipfeli, das tönt nach einem geilen Format. Giveaways und Gipfeli. Mache ich wahrscheinlich auch so. Alles gut. Lulu, go for it, go for it. Gerade gesehen. Aha, will ich dich überlesen? Hast du es nochmal geschrieben? Okay. Gut, also Speckl ist in der Wäschküche auch heute wieder aktiv, weil es Samstag ist. Ja, es ist Samstag. Merci, Arti, danke vielmals. What is happening? Hilfe für Plus da. D. Ein bisschen Hilfe für Plus da. Hey Blake, merci vielmals für den Resub. Es sind auch schon 15 Monate, holy shit. Merci vielmals für den Resub im 15. Monat. Danke für den Support. Und ja, die Pluspunkte und so. Aber danke vielmals. Ich habe mir letztens gar nicht geachtet, wie es so aussieht dort. Das ist aktuell nicht der Fokus. Wo bin ich gewesen? Die Woche ging viel zu schnell vorbei. True, kann ich unterstreichen. Sie ist schnell vorbeigegangen. Ich kann aber auch Schweizerdeutsch schreiben. Ey, oh jetzt aber. Also kommst du aus der Schweiz? Also wie du willst, gell? Wie du willst. Aber das tönt dann noch, als würdest du aus der Schweiz kommen. Ja, in 30 Minuten oder so muss ich wieder runter. Okay. Ja, dann haben wir ja jetzt schön Platz für den Bossfight. 30 Minuten schnell. Tue ich euch schnell besiegen, oder Chat? Ach, dafür steht das GGS Giveaway Gipfeli Samstag. Giveaway. I like, aber jeden Samstag Giveaways, das ist schon ein bisschen heftig, Chat. Giveaways sollen doch etwas Spezielles sein. Ich stehe immer noch mit Gipfeli vor deiner Tür. Langsam ist mir wirklich kalt Snuffis, das glaube ich nicht. Erzähl doch keine Räubergeschichten. Ja, das ist halt wirklich da. Und wieso ist es... Ach, Snuffis. Es ist kalt und es regnet. Ah, du bist aus Österreich. Aber da finde ich jetzt gleich... Jetzt rede ich natürlich mit dir Schweizerdeutsch. Da muss man nur einiges sagen. Aber ich finde das gleich interessant. Ich meine, Österreich, ja, hat so einen eigenen Dialekt, sage ich jetzt mal. Aber es ist ja dann auch nicht Schweizerdeutsch. Oder ich nehme an, du hast aus der Familie jemanden, der aus der Schweiz ist. Oder du hast mal in der Schweiz gewohnt. Oder du hast Bekannte aus der Schweiz. Es gibt viele Möglichkeiten wahrscheinlich. Troy, willst du nicht einen Schirm ausgeben? Nein, jetzt, wenn die Leute hier zu mir fahren, zum Westflügel, das ist ganz klar natürlich nur der Westflügel, wo ich da bin, wo ich zum Fenster raus schaue. Wenn ihr hier hinfahrt ohne Schirm im Regen, dann ist es halt einfach so. Da komme ich nachher nicht raus und gebe euch einen Schirm wegen dem. Aber ich hatte eine Freundin, die mir Schweizerdeutsch gelernt hat. Okay. Oder die mir Schweizerdeutsch gelernt hat. Das ist nice. Steht sie einfach im Regen, ja. Und Decke. Jetzt gehen wir zuerst einen Bossfight rein. Da haben wir wieder ein bisschen warm. Ich verspreche, ich mache auch eine Strakaris. Chat. So. Ich habe schon lange versprochen, ich rede davon, ne? Der Bosskampf, Chat, liebe Raiders. Der geht nachher dann gleich los. Haben wir so jetzt abgemacht mit der lieben Sternenschnucki. Wenn der Bosskampf dann startet, werdet ihr 3 Aktionen haben pro Zug.
Für jede der Aktionen votet ihr mit diesen Chatbefehlen. Ihr habt 3 verschiedene Angriffe, die machen unterschiedlich Damage, haben unterschiedliche Trefferwahrscheinlichkeiten. Mit Kaffeedrink hielt ihr euch, das kann allerdings mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% verschütten. Dann hielt ihr dann natürlich nicht in dem Fall. In der Mystery Chest kann alles Mögliche drin sein. Starke Angriffe, starke Heilung, Schaden für uns beide, kann aber auch leer sein. Mit Franziskus schenkt ihr dem Franziskus hier Liebe, denn der kämpft für mich und hat eine Attacke, die bis zu 400 Damage machen kann. Genau, und mit Ausrufezeichen Franziskus senkt ihr die Chance in 10% Schritten, dass er diese Attacke gegen euch ausführt. Chat, alle Dungeon Leaders, das heißt Sternenschnucki, wegen dem Raid, haben 3-fach-Votes. Das heißt, ihr Sternenschnucki, du kannst am meisten Einfluss aufs Kampfgeschehen nehmen. Bevor es jetzt losgeht, müssen wir kurz gucken. Da ist noch eine Karte, ne? Da ist noch so eine Loot-Karte, die können am Ende des Kampfes droppen und ihr könnt jetzt entscheiden, ob ihr so eine einlösen wollt, Chat. Es macht kampftechnisch keinen Unterschied, es ist lediglich ein Skin, es ist lediglich was Visuelles. Also ich sage es jetzt so, alle Star Wars-Fans geben Ausrufezeichenkarte 1 ein und alle Nicht-Star Wars-Fans verlassen bitte den Chat. Nee, geben Ausrufezeichen keine Karte ein. Ich mache hier kurz Grün-Chat, das geht ein bisschen besser. Und Hadek grüezi, Hadek und Avalon grüezi miteinander, schön sind ihr da. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Lichtschwerter für den Win, sagt Rina, let's go. Cookfrax, danke dir für den Lurk-Support. Ich würde sagen, ich verstehe so 90% von Schweizerdeutsch. Oh, das ist aber viel. Das ist viel. Aber dann probieren, also dann mache ich das so. Also wenn du Schweizerdeutsch schreibst, dann tue ich auch Schweizerdeutsch antworten und dasselbe auch mit Hochdeutsch. Ne? Wenn ihr Hochdeutsch schreibt, dann antworte ich auch auf Hochdeutsch. Das funktioniert so am besten. Aber schau noch rasch für den Bossfight rein, nachher gehe ich wieder in Lurk. Avalon, let's go. Kein Problem. Merci für den Lurk-Support. Oh, SDTLC, Bosskampf Level 1. Toralus has left the chat. Wait, Toralus, bevor du gehst, ich kann dir noch was mitgeben. Ganz was Wichtiges kann ich dir mitgeben. Moment, hier. Sorry. Oh, sorry. Aber das musste jetzt sein. Ne? Das musste jetzt sein, Chat. So, wir lösen auf. Ihr habt gewotet für die Lichtschwerter. Der ist gut. Ihr habt Lichtschwerter für diesen Bosskampf ausgerüstet. Hab ich nicht, Chat. Oder Troy hat schön für ein Feuer und sicher irgendwo Scherben drin. Ich verbrenne die Schermen namens. Also wenn man genau hinschaut beim Schmine, dann sehen ihr dort noch so die halben Scherben, die am Brennen sind. Oida! Ja, es gibt auch, kann das auch noch kurz sagen, nicht, dass jetzt sich die Star Trek-Fans hier gemobbt fühlen, ne? Chat. Ja, ich hab da auch was. Die können das auch, Chat. Die können das auch. Hemo Heiland Donner nochmal. So, Chat, wir gehen jetzt rein. Sternenschnucki und die Raiders. Ihr habt Lichtschwerter dabei und ihr wollt mich besiegen. Chat, votet für eure erste Aktion. Chat, votet für eure erste Aktion. Erste Aktion von 3 Aktionen, Runde 1, Chat. Ihr könnt übrigens auch den ersten Buchstaben nehmen vom Befehl, wie die meisten das machen, das geht auch.
Lieber Chat, wenn der Bot euch sagt, warte bis die Abstimmung läuft. Sorry, Typ hat mir kurz das Kabel ausgesteckt. Wenn der Bot euch sagt, warte bis die Abstimmung läuft, dann achtet euch eher auf den Chat-Bot, weil wenn der sagt, ihr seid an der Reihe, dann macht eure Befehle rein. Es kann sein, dass das Video ein bisschen Delay hat. So, Chat. Jetzt habe ich nicht geguckt. Und ich begrüße noch kurz alle, die neu reinschreiben hier. Grüezi miteinander. Schön, dass ihr hier seid. Grüezi miteinander. Santa, Juna, Swiss Coconut, Gatorina, Princess Luna, Lannister, Karandar. Was ist das? Untitled Lisa. Jetzt kommen alle aus dem Lurk. Alle kommen aus dem Lurk raus. Holy shit. Und Fippo, grüezi, kommt aus dem Lurk raus. 11 Votes auf Mystery Chest Chat. Und ihr habt das Shield of Reflection, ganz wichtig, muss ich kurz erklären. Das Shield of Reflection hat eine 60%ige Wahrscheinlichkeit, dass es Schaden auf mich zurückreflektiert. Es kann aber auch Heilung auf mich reflektieren. Das heißt, wenn ihr healen müsst und ihr habt das Schild immer noch aktiv. Oh, Snuffis, machst du den Combo-Move. 200 Schaden für uns beide. Und ihr reflektiert den Schaden auf euch. Und ich bekomme 400 Schaden. What the fuck, Snuffis, okay. Nice Combo, Snuffis. Echt geil. Quertutsu, welcome back. Oh, Chat. Okay, jetzt bin ich aber an der Reihe. Chat, wow, okay, krass. Franziskus. Sie haben dir keine Liebe gezeigt und jetzt zeigst du ihnen deine Liebe. 400 Eicheln. Okay, jetzt Chat, jetzt setze ich euch ein bisschen unter Druck. Weil das muss schon sein. Es war nice, Speedrun, ja. Geil und so, aber jetzt müsst ihr healen, Chat. Jetzt müsst ihr ein wenig healen. Und wir haben 17 Votes auf dem Kaffeetrink. 19 Votes. Ihr seid euch einig. Chat braucht Heal. Federkäse healt Chat um 200 HP. Denke da, XXL Kaffee in Mystery Chest. Genau, Arti sagt's noch. In der Mystery Chest, da kann auch ein großer Kaffeedrink drin sein. Es ist aber immer risky, sich auf den zu verlassen, Chat. Das muss ich schon sagen. Ist gut zu wissen, aber verlasst euch nicht darauf, dass der dann auch kommt. JK und Jesse, grüezi miteinander. Schön, dass ihr da seid. Wie geht es euch? Karandar. Mit The Mystery Chest. Oh shit, den hatten wir schon lange nicht mehr. Das macht für mich fast keinen Unterschied, aber euch hat es die HP runtergenommen auf die Hälfte, Chat. Perfectly balanced. As all things should be, Chat. Und jetzt muss die Heilung noch kommen, weil 350, das sind zu wenig. Also, da ist die Chance dann groß, dass ich euch töten könnte, ne, mit 350 HP. Sternenschnucki, Dungeon Leaderin, kommt zur Hilfe mit dem Heal. Und der sitzt auch. Stellt euch vor, der wäre jetzt daneben gegangen, Chat. Das wäre euer Ende gewesen. Jetzt hingegen sieht's gut aus. Und ich entscheide mich für meine Chest of Hammers, meine persönliche Mystery Chest. Und wir gucken mal, was da drin ist. Schaden, sehr viel Schaden, Chat. Ich setze euch weiter unter Druck, weil jetzt kommen meine Mods. Um genau zu sein, kommt Warlock, mein Mod, und verteilt Blitze. Die stärkste Attacke, die ich habe, kann bis zu 500 Damage machen. Chat, ihr müsst healen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ich würde jetzt auch nicht eine Mystery Chest nehmen, weil, wie gesagt, ihr könnt euch ja auch selbst killen dann mit den 200 Damage für beide.
Chat, kurz gucken, was ich noch überlesen habe. Mystery nur wenn genug HP. Ja, true. Genau das, was Äpfelmost sagt, Chat. Genau das. Chat. Das war der erste Heal, Chat. Der erste Heal. Braucht's noch einen zweiten Heal? Wenn ich mir eure HP anschaue, ich glaube ja. Ihr könnt auch sagen, nee, wir müssen noch ein bisschen Schaden machen. Ja, aber es ist risky, ne? Was ist mit dieser Eichel? Wer hat's erfunden? Fienchen. Rumpel, Fienchen hat's erfunden. Sternschnucki mit dem zweiten Kaffeetrink und er sitzt. Verdammt, Chat. Ihr habt Glück, ne? Ihr habt Glück. Holy shit. Kommt nochmals ein Heal. Denkt daran, ich kann maximal 500 Damage machen. Ich kann jetzt an dieser Stelle auch kurz erwähnen, wir sind in Runde 3. Der Druck, der steigt für euch immer mal wieder. Das heißt, ab Runde 6 mache ich 10% mehr Damage. Einfach, dass das gesagt ist. Also den Bosskampf könnt ihr nicht ewig in die Länge ziehen. Je länger der dauert, desto mehr Schaden mache ich. Ne? Shield of Reflection von Quertutsu. Das... Okay, es ist jetzt, in dem Moment ist es euer Vorteil. Fienchen kann nicht mehr schreiben. Ja, alles gut. Man darf sich manchmal auch einen Glühwein gönnen. Ist jetzt zu eurem Vorteil. Eine Reflexion von Schaden auf mich zurück, das ist jetzt eure Hoffnung. Aber wenn jetzt der Schaden nicht durch Schild durchgeht, Chat, wenn er nicht reflektiert wird, das meine ich, dann könntet ihr ein Problem haben. Und ich habe jetzt auch einen sehr guten Hammer erwischt. Der hielt mich einerseits und der macht auch noch ein bisschen Damage. Aber er reflektiert. Okay, ich hätte jetzt gehofft, er geht durch. Ich bekomme jetzt wieder Damage zurück. Unterm Strich habe ich mich hochgehealt. Ihr habt jetzt aber kein Problem, euch zu healen. Wenn ihr das denn auch wollt. So, mach jetzt 500 Schatten. Ihr reflektiert Heal. Also ihr, nicht ich. Ich bekomme dann den Heal, wenn er reflektiert. Cook Frags mit der Mystery Chest. Das liegt an der Tastatur, habe vorher einen Joghurttrink drüber geschüttet und wir müssen putzen. Oh nein, aber Fienchen, wieso? Ich hoffe, es funktioniert alles noch, gell? Fienchen. Chat, habt ihr nicht ein wenig Mitleid mit mir? Ich meine, guckt mal an, was ihr Cookfrags mit mir macht, ne? Der schrumpft mich einfach. Und ich bekomme dann noch Schaden. Chat, eure zweite Aktion von 3 Aktionen in Runde 4. Ich habe noch 534 HP, ihr habt noch 490. Mitleid? Nö. Ja, okay. Okay, Arti. Ja, das merke ich mir. Arti, sogar mit dem Rahmen ums Avatar, ne? Level 7 Arti, holy shit. Nein, hör mal auf, Mann. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr, Chat. Ihr cheatet doch. Das kann gar nicht sein, dass die einfach zweimal hintereinander aus der Mystery Chest kommt. Das kann nicht sein. Nein, es ist Beschiss hier. Bald ist es vorbei, Tron. Nee, aber noch nicht jetzt, ne? Lass mich doch wenigstens noch in Runde 6. Bis Runde 6 das Chat und dann gibt es noch mehr HP, XP. Das muss ich jetzt auch noch sagen, ne? Das ist ja relativ neu, dass es XP gibt. Je länger der Bossfight dauert, desto mehr Erfahrungspunkte bekommt ihr. Desto mehr steigt ihr im Level Tiger 75. Darum jetzt bitte einfach leer. Einfach leer. Okay, das macht uns beiden Schaden. Es tötet mich nicht, aber es bringt euch auf 290 HP, Chat. There it is. Ja, von dem Moment habe ich gesprochen, Chat. Die Mystery Chest in der Aktion 3.
Und ich lasse mir diesen Moment nicht nehmen. Ich überlasse es aber auch jetzt gleichzeitig dem Glück. Ja, I'm sorry. Chat, I'm sorry. Das könnt ihr nicht überleben. Techie macht zu viel Damage. Chat, well played. Aber das war's. Ihr seid zu schwach. Ja, Reiche! Oh, Ich hab gesagt, du sollst dich gut haben! Great disturbance in the force, as if millions of voices suddenly cried out in terror and were suddenly silenced. I fear something Obi-Wan. terrible has happened. Sie haben die falsche Wahl getroffen. In der 3. Aktion. Aber gut gekämpft ihr habt, Lilu Dallas Multipass. junge Padawans. Multipass. Tiger 75, by the way, grüezi, wie geht's dir? Und was ist jetzt los? Ich bin doch jetzt nicht sass, Subaru Fippo. Alles. Alles tut's mir weh. Chat, wo bin ich hier? Wo bin ich hier und wieso ist hier der Matthew McConaughey hinter dem Bücherregal? Chat. What is happening? Nee, ich wollte noch sagen, Chat, ne? Ihr habt das gut gemacht. Aber ich hab's besser gemacht, ne? Chat. Danke vielmals, Fienchen. Merci. Jenny hat es auch probiert. Ja, Fienchen hat es aber geschafft. Nein, wirklich, war ein geiler Bosskampf. Und an dieser Stelle, ich hoffe, es ist nichts untergegangen, Sternenschnucki und liebe Raiders. Es war ein wirklich geiler Bossfight. Ich kann euch, Real Talk, in der Regel gewinnt ihr. Nicht, dass ihr jetzt denkt, es ist wirklich so, wie ich es gesagt habe, dass eigentlich nur ich gewinne. Nee, jetzt hattet ihr ein wenig Pech. Aber es ist halt, auch viel Glück und viel Pech in diesem ganzen Ding. Aber Sternschnuck, ich gucke noch kurz, was du geschrieben hast. Der Sternenglitzerstaub hat nicht für die Eichel gereicht. Aber das ist ein Stichwort, ne, Chat? Das ist ein Stichwort, das mag ich, ne? Das Stichwort Eichel. Ja, Chat, macht euch schon mal ready. Das Stichwort Eichel. Hä? What is happening? Chat, hallo, ich bin die Troilina, ich bin aus einem alternativen Universum und ich bin viel hübscher als Troy. Und wer hat mich denn bestellt?
Wem habe ich das zu verdanken, dass ich 2 Minuten hier darf da sein? Oh, der Mr. Bletch, den habe ich vor ein paar Tagen gesehen auf der Dating-App-Chat. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Bletch, schön, dass du auch hier bist. Chat, ich lese kurz noch. Hast du deinen Multipass eingepackt? Ah, nee. Hast du deinen Multipass eingepackt? Jetzt ist es weg, Chat. Jetzt ist es weg. So für deine Reise durchs Weltall, Troy. Das habt ihr gut gemacht. Habt ihr den Troy ins Weltall rausgeschickt, Chat? Troy gewinnt doch nie nicht. Hat der Troy... Er hat verloren, ne, vorhin. Er war ganz traurig, wo ich ihn gesehen habe, Chat. Er war ganz traurig. Aber das habt ihr gut gemacht. Aber so einen Bossfight habe ich noch nie gesehen. Oh, Sammy, danke dir für die netten Worte. Troy hat da sehr viele Stunden reingemacht. Reingemacht, Chat, in den Bossfight rein. Nach dem Fight muss mal mit einer vernünftigen Person reden. Rena, ich fühle das. Ne? Ich finde es auch schön, dass ich wieder mal mit überhaupt jemandem darf reden. Ich darf ja das sonst nicht. Und ich glaube, ich muss jetzt gleich wieder gehen, Chat. Und ich bin jetzt schon traurig. So, fertig jetzt, Chat. Fertig jetzt, geflirtet. Hallo Troilina, schön bist du da. Ja, Rina, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt habe ich es halt gelesen. Ne? Auf der Überschrift. Ja genau, Überschrift Dating-App True. Troilina, pfui, sitz aus. Aber hat sich Troilina nicht benannt, Chat. Sie hat sich nicht benannt. Sie hat den Blatsch gesehen und dann ist das gerade vorbei gewesen. Hat sie sich nicht mehr gespürt. Was haben wir da für ein Lied? Berg, rote Flaggen. Lieber Chat, ich muss es nochmal schnell sagen. Troilina hat es vorhin angetönt. Es läuft das Giveaway, Ausrufezeichen Eichel. Ausrufezeichen Eichel. Wenn ihr die Chance haben wollt auf so eine kleine Eichel, einen Schlüsselanhänger, gemacht von der lieben Fienchen85, gesponsert von ihr, dann gebt ihr ein Ausrufezeichen Eichel. Ich löse auf in ca. 12 Minuten. Und dann ziehe ich einen Gewinner und dann bekommt der Gewinner oder die Gewinnerin so eine Eichel-Chat. Also alle, die so eine haben möchten, auch ihr Raiders. Einzige Voraussetzung wäre, dass ihr followt, ne, Chat. Das ist die einzige Voraussetzung. Ihr müsst einfach nur followen. Und dann könnt ihr euch so eine Eichel sichern. Also, oder die Chance zumindest darauf sichern. So, bitte dann mal weg. Euch noch ganz viel Spaß, Sternenschnucki. Ich danke dir nochmals herzlich für den Raid. Ich danke dir, dass du deine Leute mir anvertraust. Das ist sehr schön. Und wir gucken jetzt aber noch kurz einen Clip. Ich will da mal kurz gucken, ob ich sehe, wie ihr die Cookies gemacht habt. Ich probiere das kurz. Wir schauen rein, Chat. Ich kenne das. Sternschnucki ist wie ich, Chat. Die ist auch verwirrt. Die ist auch verwirrt. Nee, jetzt aber Real Talk, nicht Chat, Real Talk. Ich meine, guckt euch das mal an. Sehr, 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 sehr sympathisch. Also bitte, bitte, geht da vorbei, guckt auch rein, wenn es euch gefällt. Und mir hat das jetzt sehr gefallen auch. Geiler Clip, dann lasst ein Follow da. Ne? Lasst unbedingt ein Follow da. Und ich begrüße noch Sir Simple, Gudi Dani, Schweizer Streamer und Domi Lasagne. Grüezi miteinander, schön sind ihr da. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Und Sternschnucki, ne? Du gehst ja und ich wünsche dir natürlich noch einen ganz, ganz, ganz schönen Abend, ganz eine gute Nacht. Wenn man sich nicht mehr lesen sollte,
wünsche ich dir schon mal eine ganz schöne Feiertage. Genieße es, ruhige Zeit dir und deiner Familie. Und danke dir. Mach's gut. Tschüss, bye bye. Oh, Destiny. Piano over. Musik aus, Musik aus, Musik aus. Etwas ist passiert, Chat. Es ist etwas passiert. Chat, it happened. It happened. Hi, Massi. Massi, Mann, what the fuck? Der Massi kommt. Wenn wir gerade auflösen, Chat. Massi wählt einen Gewinn aus. Hey, Massi, du Legende, Mann. Dein Name, hey, sag's jetzt schnell. Es ist ja so, wie es ist. Chat kann es bestätigen. Dein Name ist gefallen in jedem Stream. Immer habe ich gelesen, Gigi Massi, Gigi Massi. Und ich habe mir gesagt, ich finde das so schön, dass das einfach immer noch so ist, dass der Massi immer noch dabei ist, in jedem Stream, bei jedem Giveaway, auch wenn er gar nicht eigentlich dabei ist. Hey Massi, wie hast du es? Wie hast du es? Holy shit, das freut mich jetzt mega. Das freut mich mega. Es freut mich natürlich, dass ihr alle da sind, lieber Chat, nicht falsch verstehen. Und ich sage es nochmal schnell an dieser Stelle. Es ist gerade ein Mini-Giveaway am Laufen. Also es ist ein grosses Giveaway am Laufen, Ausrufezeichen Giveaway. Es ist aber auch ein Mini-Giveaway am Laufen, Ausrufezeichen Eichel. Und das dauert noch 7,5 Minuten, Chat. Also jetzt Ausrufezeichen Eichel inne. Und für das grosse Giveaway Ausrufezeichen Ticket. Ziehung zwischen 22 Uhr und 23 Uhr. So, Chat, jetzt gehe ich da nochmal schnell schauen, ob ich etwas Wichtiges überlesen habe. Sammy geht auch, ich muss für heute weg, bis bald. Hey Sammy, schön bestehen. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht und schöne Festtage, wenn man sich vorher nicht mehr lässt. Ich bin vorher noch einmal live tatsächlich, Chat. Und zwar am Montag bin ich nochmal live. Troy, wir tun uns jetzt zusammen und reden mal mit diesen Herren, Damenschaften Tracina. Also gut, ich glaube, das müssen wir machen. Jenny, ich glaube, es ist nötig, oder? No, so eine Eichel ist ja süß, ich brauche Schlüsselringe. Jessie. Ja, Beat Saber, Chat. Feta-Käse hat halt schon eine Eichel. Feta-Käse braucht nicht 2 Eicheln. Alle, die eine Eichel möchten, bewerben sich bei Troy. Oder so. Fetas Wunsch war mir Befehl. Oh. Geht es nur mir oder auch anderen? Oder auch anderen? Ich finde es fast besser, wenn englische Songs im Hintergrund laufen als deutsche. Finde ich auch. Finde ich auch. Aber jetzt muss ich aber auch schnell überlegen, wieso quer tut so. Ich bin der Meinung, ja, geht mir auch so, weil bei deutschen Songs das wirkt störender. Es ist wie, wenn ich rede Schweizerdeutsch oder auch Hochdeutsch, ne, wenn ich hier just chatte mit euch, und dann ist ein Lied, wo auch noch Hochdeutsch was gesagt wird oder gesungen wird, dann das beißt sich ein bisschen in meinem Kopf. Wird es holprig. Aber wenn es Englisch ist, habe ich das Gefühl, dann ist es eben nicht so schlimm. Wenn englischer Text läuft. Aber auch der kann es auch mühsam sein, vor allem wenn es Rap ist. Wenn wirklich einer rappt und ich bin am Reden mit euch, dann wird es auch holprig für mich. Weil dann möchte ich einerseits einen Teil von meinem Kopf zulassen, einen anderen will mit euch reden. Ist auch besinnliche Feiertage. Hey Sternschnucki, danke dir. Geht gut, danke. Sind gerade das dritte am Lasagne machen und schaut deinen Stream nebenbei. Hey, schau jetzt. Der Schweizer Streamer, a.k.a. Fenty, ist wahrscheinlich beim Domi Lasagne, oder die sind auf jeden Fall am gleichen Ort.
Und dann ist noch jemand dort und die machen zusammen Lasagne-Chat. Also das ist mindblowing. Gigi Sassi. Ja, da muss ich vielleicht auch noch erzählen. Ich habe mich einmal verschnarrt. Und dann habe ich statt Massi Sassi gesagt. Und dann ist es auch Gigi Sassi geworden. Ja, das ist die Weiterentwicklung von deinem Namen, Massi. Hey, es geht mir gut. Fenty, ich kann mich nicht beklagen. Ich hoffe, euch geht es gut. Also euch drei, die jetzt hier am Lasagne machen sind. Ich hoffe, die Lasagne kommt gut. Habe ich aber keine Angst. Er hält das Giveaway. Der läutet jetzt gerade, der Massi. Der läutet jetzt gerade. Und dann einfach so kommentarlos gebe ich ihm einfach alle Giveaways direkt mit. Cool, du bist in der Ferien. Wo bist denn du, Massi? Skiferien über Weihnachten. Oha, Massi, ja gönn dir. Ja, wo denn? Aber nice. Und jetzt schaust du meinen Stream. Also auf den Ski runter. Auf dem Schlitten runter. Also ein bisschen schnell so in der Nacht schlitteln. Und dann einfach so mit dem Smartphone und mein Stream läuft so vor, oder Chat? Let's go, die Prophezeiung wird sich heute erfüllen, Arena. Die Erde, die ist schon am Beben, oder? Massey matched am giveaway MIT. Unser Professor get in or verlang. Chat. Also, by the way, 3 Minuten noch für die Eichel. Ausrufezeichen Eichel. 3 Minuten läuft noch das Giveaway-Chat. 3 Minuten. Neshaya, grüezi. Und Stai, grüezi miteinander. Wie geht's? Wieso muss man zu dritt Lasagne machen? Diese Frage gebe ich direkt weiter an Schweizer Streamer. Gebe ich direkt weiter, Chat. Aber wie haben wir es? Neshaya, wie hast du es? Ich könnte doch Sächsisch oder Fränkisch. Sächsisch finde ich geil. Sächsisch geil. Wie haben das alle? Ich kann mich nicht beklagen. Massi, ich kann mich nicht beklagen. Wirklich nicht. Ich habe Ferien. Wir machen gerade Lasagne. Gott verdeckeln noch einmal. Warum wähle ich weder deutsche Songs noch Rap, sondern einfach Soundtracks von Destiny oder halt Sachen, wozu ich tanze? Ja. Ich verstehe das absolut. Da nochmal quer dazu hat geschautet. Massi macht am Giveaway mit. Unsere Prophezeiung geht in Erfüllung. Massi, du bist schon so. Du bist nicht nur jetzt in einer Sekte gelandet, du bist auch noch so quasi unser Gott. Du bist unsere Prophezeiung. Hure gut. Ach, Massi. Massi ist ein guter Chat. Das ist ein guter. Ich vergesse ohne Scheiß, Massi. Ich erinnere mich einfach jedes Mal, wenn ich deinen Namen lese, erinnere mich natürlich, dass du alle Giveaways gönnst, ja. Aber ich erinnere mich auch, wo ich dir zugeschaut habe, God of War Ragnarok. Und du hast doch auch ein Moment gehabt, dem einen Boss, und ich habe nur so gedacht, okay, andere haben auch ein Weile. Wobei du hast noch, glaube ich, auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad gezockt. Aber das war schon verdammt heftig. Auf jeden Fall einen wunderguten Abend, ihr wunderguten Menschen. Oh, Nashaya, du Geile. Chat, habt ihr das gelesen? Euch alle einen wunderguten Abend. Wo mal da kommt gut, sind heute noch am Weihnachtsmarkt gewesen, und es war ein schönes Tag. Das ist halt schon schön. Das ist schon schön. Ich war jetzt nie gewesen, das Jahr, aber es ist halt schon gemütlich. Absolut. Geh, Faro. Faro, wie hast du es schön bestehen? Grüezi, Faro. Faro, jetzt musst du uns alle noch mal schnell aufklären, weil da sind, glaube ich, Fragen rum. Du hast Fragen aufgeworfen. Gibt es von dir jetzt nie mehr einen Stream? Ist das jetzt auch so vorbei, Faro? Aber was machen wir denn? Das bringt das ganze Ding aus dem Gleichgewicht, Faro, dass du nicht streamst. Wer hat jetzt ums Verrecken so einen Eichel wollen? Jetzt ist aber schon zu spät. Also jetzt ziehe ich da gerade noch jemanden. Ich kann jetzt nicht mitmachen in diesem Moment. Was muss ich geben für die tolle Eichel? Deine Seele. Nicht nur Stein, ich verlange nicht viel. Deine Seele und dein Erstgeborenes.
Das ist ein fairer Deal, oder? Ich finde die Eichel echt süß, aber Versand nach Deutschland wäre dafür echt, nee, Jesse. Jetzt ist es zwar zu spät, wenn du noch nicht mitgemacht hast, aber es ist nicht das letzte Eichel-Giveaway. Das ist kein Problem. Das geht unter Kleinwaren. Das kostet mich 4 €. Also please, macht auch mit. Es ist dann nur bei den wenn ich da so eine Schachtel verschicken muss, die so groß ist, dann stimmt, dass das Porto sehr, sehr teuer ist. Aber die Eichel, nee. Einfach mitmachen, ne? Oder dann das nächste Mal mitmachen. Gibt heute noch mehr. Mindestens eine weitere, wenn nicht sogar 2 weitere Eicheln gibt es noch. Massi, oh, ich muss noch schnell etwas müssen fragen für den Massi. Sorry, das ist hängen geblieben beim Automat. Ich lese noch schnell ein bisschen und nachher ziehe ich einen Gewinner-Chat. Geiles Game gewesen, hey, God of War, hey Chat. Ich weiss zwar nicht, wieso das da so grusig abhängt. Ja. Die Leviathan X. Ja, jetzt geht sie gerade wieder runter, Chat. So, jetzt aber. Wirklich geiles Game gewesen. Wirklich geiles Game. Hey, meine Hände sind schon klein. Sind noch klein. Die wachsen noch. Das ist ja, die wachsen noch. Nein, meine Hände sind noch ein bisschen kalt. Aber es geht mir gut. Ich habe gerade meinen Amboss und meine Standbohrmaschine zum Kollegen gezügelt und wir haben noch alle Glieder. Und dann haben wir ein Feuerchen gemacht und Bier getrunken und Wurst gegessen. Also eine Wurst. So eine Servela. So einen Glöpfer. Ja, Lulu würde jetzt sagen, so einen Glöpfer. Hey, geil. So gesehen geht es mir hervorragend. Das ist nice. Das finde ich echt gemütlich. Und Jamon grüezi. Du Supermensch. Wie geht's dir, Jamon? Schön, dass du da bist. Haben wir schon Massi geschuldigt heute? GG Massi. Alle einig jetzt noch schnell GG Massi, weil nachher ist es dann verwirrend, aber ich werde es nochmal schreiben. Ich will auch einen Eichel, Scheier, Mann. Jesse, ist das was du brauchen kannst, Jesse? Eine Troyes-Karte. Andere wünschen sich auch die Troyes-Karte, by the way. Ja, die seltenste Karte. Seltenste, I don't know. Karte. Die Seele habe ich nicht mehr, aber das Erstgeborene lässt sich einrichten irgendwann. Typ. Okay, let's go. Alles fein, ich kann das für weniger selbst häkeln. Ich gönne das allen anderen. Okay, ja, true. Jessie kann das natürlich auch, hat sie auch schon bewiesen. Ne? Cool, hey, muss kurz mit dem Hund raus, komm wieder, hey Massi. He? Tu dich nicht verlaufen, gell? Der Massi wird jetzt echt beweisen, auch wenn er nicht anwesend ist, gönnt er das Giveaway. Zudem hat Eichler, ich sage es jetzt nochmal, Eichler, für die müsst ihr nicht anwesend sein. Wenn ihr die einfach gönnt, dann gönnt ihr die. Dann gebe ich euch dann auch noch Bescheid off-stream, notfalls. Noch bei Streamen nicht mehr auf meinem Channel, das ist vorbei. Also so für immer und ewig, Chat, das finde ich irgendwie so ein trauriger Gedanke, Faro. Aber was ist denn mit all diesen Tattoos von den Fans? Ja? Jetzt muss ich jetzt schnell Musiklesung machen. Ja? Müssen jetzt alle Fans ihre Tattoos ablasern vom Faro? Wünschst du keine Nachrichten für Prime-Abo? Dani, ich habe im Fall wirklich nicht... Gute Dani, ich habe im Fall wirklich nicht bekommen. Hast du abonniert? Eigentlich sollte ich sie schon bekommen. Ich tue mal schnell reloaden. Jetzt schnell den Chat noch reloaden. Ich habe wirklich im Fall nicht bekommen. Aber hey, gute Dani, drück sonst noch mal F5. Vielleicht musst du noch die Benachrichtigung raushauen. Drück schnell F5 und vielleicht hast du so ein Pop-up, wo du drücken kannst. Aber ich danke dir einfach fürs Prime-Abo. Gute Dani, Mann. Sorry, dass das nicht gekommen ist. Ja, es hat nicht an mir gelegen, Chat.
Oh, hey, gute Mann. Merci vielmals für den Primary Sub im 7. Monat. Danke vielmals. Danke vielmals. Es war wirklich so, du musst halt auch noch klicken und irgendwann verschwindet das eben im Chat. Merci vielmals für deinen Support, Gudi. Ehrenmann. Ich sage es immer wieder, die schönsten Fotos vom Hero Fest. Einfach immer mit dem Gudi. Ich bin ja immer noch dafür, dass die Axt als Sasshammer in der Chest of Hammers erscheint. Ja, ist auch irgendwo notiert. Möchte ich auch machen. Oder so, dass sie eingebaut wird, ist auch schon auch die Idee. Ich habe da sogar ein paar Sachen, die schon kombinierbar sind. So mehrere neue Ideen, die sich kombinieren lassen, Chat. Oh nein, Zoll. Ich muss noch Zoll anmelden für die USA. Gar keine Lust. Ja, das ist halt mühsam. Zoll ist einfach immer irgendwie so, da hat man noch einen Kopfweh nach so Zeug, oder? Die wollen nur Geld. Ja, die wollen nur Geld und sagen Nein. Chat. Ich überflüge schnell. Da schnell. Heute ein Hin und Her einkaufen, hin und her fahren und Auto putzt. Weil morgen Familientreffen ist. Putzest du einmal das Auto, bevor Familientreffen ist? Das mache ich nicht. Das letzte Mal, als wir Familientreffen hatten, da ist mein Auto ausgesehen. Chat. Es hat ausgesehen, so dass meine Eltern gesagt haben, Troy, jetzt putz mal das hure Auto. Das kann es ja nicht sein. Es ist kein Witz, Chat. Es ist kein Witz. Alles gut, bin ja noch aktiv auf einem anderen Channel. Ja, true. Schnell schauen. Jetzt muss ich es noch richtig schreiben, oder? Jetzt blamiert sich der Troy entweder oder er trifft es. Ist das ein O oder ist das ein C? Da, ja. Ja, lieber Chat, da Alpen Gamecast. Das ist so ein neuer Channel, der ist gespawnt auf Twitch. Ja, da schaut man eigentlich nicht hin und dann spawnt so ein Channel Alpen Gamecast und dort ist jetzt der Faro am Streamen, zusammen mit dem Renegade Chat. Also wenn ihr dort noch nicht followt, wenn ihr das noch nicht kennt, geht reinschauen. Ja, lohnt sich. Also extra noch vorher mit Schlamm beworfen. Wer hat jetzt die Treuline runtergekommen, der Airfighter? Der. Ich ignoriere doch die Frage absichtlich, Fienchen. Hey, listen! Ich ignoriere doch die Frage absichtlich immer, wenn ich sie lese. Dann gehe ich einfach weiter. Ich muss noch weiter schauen, Fienchen. Okay, ich muss noch weiter schauen. Ich habe mir es für morgen eingeplant. Heute bin ich den ganzen Tag unterwegs gewesen. Insert Ausrede hier. Fienchen, Befolg 3 immer noch. Befolg 3. Aber ich glaube, morgen gebe ich so richtig Gas. Morgen ziehe ich wahrscheinlich den ganzen Rest noch durch. Nach im Töll heißt jetzt fühle ich mich gerade schlecht, Chat. Jetzt fühle ich mich gerade schlecht. Aber für das habe ich eine Lösung, Chat. Für das habe ich eine Lösung. Ja, ihr habt da noch mitgemacht an dem kleinen Eichel-Giveaway. Und da ziehen wir jetzt einen Gewinner. Ja. Dann wir das Thema wechseln. Eichel-Giveaway, auch von der Fienchen. Fienchen, der auch Firefly-Fan ist. Und Highway Racer. Hast du noch keins bekommen? Jetzt muss ich im Fall noch nicht schauen. Highway Racer, du hast noch kein Eichel bekommen, richtig? Jetzt darfst du noch meine Listen aufmachen, dass ich die Übersicht überhaupt habe. Winnerlist, das sieht gut aus. Highway Racer, du hast, genau, du bekommst in dem Fall noch Teichle dazu. Du hast ein Hauptgiveaway gewonnen und du bekommst jetzt neu noch Teichle dazu. So läuft das, Chat. GZ Massi. GG Massi. Highway Racer, let's go. Du bekommst von mir noch eine kleine Eichel. Geil. Schnell weiterlesen. Ja, hallo. Wenn du am Montag nicht weitergeschaut hast, komme ich da irgendwann vorbei und zwinge dich zum Schauen.
Oh, ich stelle mir das gerade so vor. Dann so Zahnstocher so einklemmen bei den Augen, damit ich die Augen nicht zumachen kann. Etwa so, oder? Fair enough. Am Ende kann ich wieder darüber berichten. Ich behaupte jetzt mal, am Ende sollte ich es sogar wirklich komplett durchhaben. Vielleicht sogar inklusive dem Film. Oh. Aber Troy, dann hat er ja doppelt so viele Hormone und ist noch wuschiger als sonst. Ich sage jetzt nichts dazu. Aber ja, ja, das könnte natürlich sein. Jetzt hat er schon 2 Eicheln. Mit Hormon vollgestopfte Eicheln, Chat. Ja, Franziskus, das kennst du auch. Habt die fest. Ja, Chat, nice one. Jetzt schaue ich gerade mal schnell auf die Uhr. Wir haben 5 vor 9. Das heisst, noch circa ein bisschen mehr als eine Stunde, bis wir die ersten Gewinner ziehen vom Hauptgiveaway. Und ich nutze den Moment noch mal schnell. Lieber Chat, ich nutze den Moment noch schnell. So ums Knöpfchen suchen. Nein, um schnell zu zeigen, was es denn noch hat. Von Govi haben wir noch 2 Produkte. Also für all die am Hauptgiveaway mitmachen oder noch mitmachen, Ausrufezeichen Giveaway für mehr Informationen. Ausrufezeichen Tickets, um ein Ticket zu kaufen für 200 Treuepunkte. Ausrufezeichen Points zum Points checken. Und wenn ihr mitmacht, schaut doch schon mal jetzt, was würdet ihr nehmen, wenn ihr gezockt werdet, sodass ihr dann auch ready wäret zwischen 10 und 11. Yoda? Govy, I must have. The dark side of my house I must defeat. Ja, Yoda, ja, welches denn? Ja, das ist noch die Frage, welches Produkt von Govi? Also einer ist so hinter einem Monitor, Beleuchtung, die passt zum Bild, mit HDMI-Box oder einfach Lightstrip oder einfach können die Steuern so Effekte drauf machen, die Farben einstellen auf der Govi-App. Und dann haben wir von wog.ch noch ganz viele Game Keys, die es gibt, die ihr wählen könnt. Und von mir gibt es auch noch mal 2, also von 5 sind jetzt schon 3 weg, das heisst 2 sind noch führig. Steam-Gutscheine 45 Franken, lieber Chat. Von brack.ch ist leider schon alles weg. Was machst du noch so bis Ende Jahr? Grosse Pläne für Weihnachten und Silvester? Es ist Weihnachten, Silvester. Werde ich so ein bisschen chillen. Ich werde so ein bisschen chillen. Also zwischen Weihnachten und Silvester wird ja noch live gehen. Es wird dann so ein paar Streams geben. Ich weiss es jetzt auswendig, ohne Scheiß gerade nicht mehr. Ich habe gesagt, am Montag komme ich live, dann ist es so ein bisschen Weihnachten. Dann bin ich, glaube ich, am Donnerstag auch schon wieder live, 26. Und dann ist 28. schon wieder Samstag. Also so dort dazwischen bin ich auch immer noch am Streamen. Und es wird immer noch die letzten paar Preise geben, wo ich als Giveaway rauslasse. Und sonst so Silvester selber. Weihnachten werde ich noch mit der Familie ein bisschen verbringen. So mache ich es immer. Mit der Familie ein bisschen Weihnachten verbringen und den Rest, da liege ich einfach dann traurig ins Bett und bin ein bisschen einsam. Und dann Silvester mal schauen. Mal schauen, was ich an Silvester mache. Das mache ich immer so ein bisschen spontan. Meistens finde ich irgendetwas. Und wenn ich gar nichts finde, dann komme ich einfach live und streamen. Das ist ganz einfach. Ganz einfach, Chat. Dann noch schnell. Ich bin gerade wieder für euch da, Chat. So. Aber Schmarz, ich gebe die Frage natürlich an Chat. Was macht ihr denn so? Was macht ihr an den Weihnachten? Sind ihr auch mit der Family unterwegs wie viele? Vielleicht auch nicht. Vielleicht macht ihr sonst etwas. Vielleicht geht
Gönnt ihr euch für euch selber ein bisschen etwas? Macht euch ein geiles Essen. Ja, das darf auch sein, habe ich auch schon gemacht. Chat. Das mache ich auch häufig an Silvester, also mir dann so ein richtig geiles Essen gönnen. Ob jetzt allein oder in Gesellschaft. Aber was macht ihr denn so, Chat? Erzählt mal. Das würde mich jetzt echt wundern. Was kann man eigentlich alles gönnen? Ist eigentlich Schmarz schon in diesem Loch unten? Ich glaube es. Ja, ich glaube es. Was gibt's? Jetzt kommt der Fahrer auch noch. Schnell fahren und nur für dich. Es gibt zu gönnen. Von Brack nichts mehr. Das gibt's, das. Gut. Merci. Lade dich sonst ein. Dann kannst du zu mir kommen und Familie kommen, essen gut und dann einen Anstoß. Nein, das ist nicht nötig. Das ist nicht nötig. Also so einsam, so allein bin ich schon auch nicht. Ich habe grundsätzlich immer jemanden, wenn ich will, finde ich Gesellschaft. Das möchte ich eigentlich sagen. Ausmisten, ja, das kann man auch machen, Chat. Hey, Lunarchen, grüezi übrigens. Bist du auch am Lasagne essen? Hä? Du bist sicher am Lasagne essen, come on. Und Yasukiwa, grüezi wohl, schön, dass du da bist. Hello, wie geht's euch denn? Wenn du möchtest, hättest du jetzt etwas für am 31., wo das genau an einem... Ja, Schmarz, ich habe mir noch überlegt, ob du auf das raus willst. Aber hey, sehr gern, aber ein anderes Mal. Also dann nicht. Ich habe schon mehr oder weniger einen Plan. Es sind ja wie mehrere Optionen. Aber merci vielmals. Ich weiss, dass du schätzt, dass du das sagst. Aber das machen wir schon mal. Zeit läuft zwar davon, aber so schnell auch nicht. Zu Heiligabend werde ich mir den Magen mit frittierten Karpfen und Herdöpfelsalat vollschlagen. Das ist natürlich auch etwas. Why not? Am 25. essen wir bei der Schwester, sonst nichts. Aber dann auch so richtig geiles Essen. Ich nehme an, dann gönnt ihr euch auch so richtig, oder? Da muss es schon sein, Chat. Da finde ich halt einfach immer noch das Geilste. So ein geiles Essen. Unschlagbar. Das einzige Mal im Jahr, wo sich meine Familie Fisch gönnt. Meine Eltern essen gerne mal Fisch, ich nicht. Ich auch nicht zu Special Occasions. Also da war auch nicht... Also das war ja genau das Gegenteil für mich. So Special Occasion, nachher so Fisch, so oh no. Ja, dann da passe ich. Es gibt Ausnahmen bei Fisch. Eine Ausnahme ist Lachsbrötli. Ja, also geräucherter Lachs, geil. Sushi natürlich geil. Aber so, ich sage es jetzt so, sobald der Fisch gekocht ist, haben ihr mich verloren, Chat. Ausnahme Fischstäbli. Habe ich aber auch schon sehr lange nicht mehr gehabt. Fischstäbli und Fischknusperli. Das ist echt so ein bisschen die einzige Ausnahme. Das kann ich essen und habe ich auch gerne. Familie und Blackjack ist auch dabei. Hey, let's go. Aber das ist nice. Nichts und das ist auch gut so. Hey, aber das darf auch sein. Also, weißt du, was ich meine? Ich bin eben auch manchmal, finde ich eben auch, ich will nichts machen. Es ist nicht so, dass ich nichts machen kann und der arme Troy mit Mitleid haben. Nein, auf keinen Fall. Es gibt auch so einen Moment, wo ich sage, weißt du, ich will jetzt auch mal wieder auch für mich so, ich sage jetzt mal, ein Silvester verbringen. Aber das darf auch sein, oder? Das darf auch sein. 3x4 und dann über Neujahr Hunde hüten. Okay. Wie viele denn? Wie viele musst du hüten? Am 25. machen wir Snuffis und irgendetwas mit der Großmutter. Und 28, 29 sind wir bei der Mutter von der Snuffis. Das finde ich auch schön. So ein bisschen die Familie von beiden Seiten. Das finde ich auch schön. Und wenn man sie auch gut hat in der Familie, sage ich mal, in der Verwandtschaft, dann ist das natürlich mega nice. Es ist immer nur dann schade, wenn, und das gibt es halt auch häufig, dass es so die typischen Weihnachtsfeste, dass einfach Streit schon vorprogrammiert ist.
Also es gibt sicher auch Leute im Chat, wo jetzt... Ich habe das nicht, nicht dass das Gefühl haben, bei mir ist das so. Aber ich habe das schon x-mal gehört, dass immer so, oh nein, Weihnachten, weißt du, das ist auch wieder Streit. Da trifft man sich und dann streitet man schnell und dann ist es vorbei. Und da finde ich auch ein bisschen schade. Und ich finde auch, und ich glaube, wir haben es eben auch schon mal, ich weiß nicht, Flo, ob wir es mal davon haben, von diesem Thema. Dann lässt man es auch besser sein in gewissen Fällen, oder? Im schlimmsten Fall fährt er mit dem Zug auf Stanz, da werde ich jetzt nicht mehr los, oder? Ich kaufe noch ein Röseli-Chat, kaufe ein Röseli, lege mich schön an und dann fahre ich auf Stanz mit dieser Rose. Einfach so. Machen wir noch einen Livestream. Wir feiern klassisches Weihnachten mehr in der Family. Ich werde daher sehr viel Zeit mit Content Creation stecken und auch den Keller aufräumen. Okay. Hey, aber schau, das finde ich auch gut. Hey, alle machen das anders. Bei allen ist es auch anders in der Familie. Traditionen sind einfach auch anders, Chat. Aber das ist auch etwas. Hey. Einfach ein bisschen Zeit für sich selber geben, ein bisschen Sachen machen, die man gerne macht. Ich glaube, das ist das Wichtigste schlussendlich, dass ihr euch auch ein bisschen gönnt in dieser Zeit. Ich bin auch am Lasagne essen. Let's go, gönn dir. Nice. Bündnerland. Was waren deine schönsten Weihnachten bis jetzt, Troy? Oh. Letztes Jahr. Fuck. Letztes Jahr, Chat. Letztes Jahr. Letztes Jahr sind... Wieso ist der Check-Wack auf meinem Monitor-Chat? Sorry, gerade schnell in Erinnerungen versunken, Chat. Letztes Jahr hatte ich sehr schöne Weihnachten, Kaylee. Habe ich schöne Weihnachten gehabt. Gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Es ist alles kaputt, Chat. Wieso funktioniert jetzt das Zeugs nicht mehr? Ansonsten ist noch ein Gaming-Abend mit meinen 3 Brüdern geplant. Wir werden unter anderem Goat Simulator 3 im Splitscreen spielen, wo wir 4 Monitore an meinem Rechner anschließen. Chat, ich brauche schnell Pause, sorry. Ich brauche schnell eine Pause. Be right back.
Hier bin ich wieder, Chat, sorry. Schnell da die Lichter richtig ist. Ja, Chat, das ist, wenn ich aufs. Jetzt haben wir, okay, das ist jetzt neu. Machen wir es so, Chat. Ein bisschen düster, ja, aufs falsche Knöpfchen drückt, Chat. Ich lese jetzt schnell da ein bisschen Chat im Dunkeln. Das mache ich gerne. Sorry, dass ich schnell weg bin. Hat mich tatsächlich schnell ein bisschen verwutscht. Aber ich werde nicht weiter darauf eingehen. Sorry, Carnage, ich wollte das noch lesen. Ansonsten ist noch ein Gaming-Abend mit meinen 3 Brüdern geplant. aber hat auch etwas, oder, Chat? Das hat schon auch etwas. So. Eigentlich könnte ich so leicht. Ja. Oh, holy, Flashbang. Ein bisschen. Endlich haben wir jetzt schon fast Halloween-Stimmung da bei mir. Wir werden Goat Simulator 3 im Splitscreen spielen, wo wir uns 4 Monitore an meinen Rechner anschließen. Oh, das ist aber auch nice, Carnage. Das ist auch nice. Mami macht Lasagne, nice. Ey, Lasagne, das ist auch so das Thema Lasagne überall, oder? Nicht deprimieren und mit der Family essen gehen. Du meinst nicht deprimieren und mit der Family? Ja. Also ich hoffe natürlich, dass es nicht jetzt wegen Family Depri ist, aber hey, mit der Family essen gehen, das finde ich jetzt wirklich immer mega schön. Vor allem eben, ich habe es auch gut mit der Family und ich schätze auch gutes Essen und ich finde, mit gutem Essen kann man am besten feiern. Hey, Coolio, grüezi. Ich muss noch schnell ich habe viele Leute nicht begrüßt. Bounceman, erstens mal Coolio, Fishbone und Lex, grüezi miteinander. Sorry, dass ich euch so lange jetzt überlesen habe. Ich bin aber auch mega weit im Chat nachher. Wie habt ihr? Schön sind ihr da. Das ist doch der Klassiker, nicht gern Fisch, aber Fischstäbli geht. Es ist einfach auch etwas anderes. Das ist doch ein anderes Essensgenre. Essensgenre. We need fireflies now. Oh, ja, jetzt würden sie zur Geltung kommen, die Fireflies. Ich weiß nicht, ob sie auf Cooldown sind. Fienchen, du darfst gerne Fireflies reinmachen. Oh, schau, wie es aussieht. Nice. Eigentlich müsste ich fast noch so einen Effekt haben, was mir das Gesicht so ein bisschen grünlich beleuchtet. Das wäre echt nice. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt auf meiner Uhr und das ist jetzt, so sieht es jetzt aus, Chat. Deal with it. 9 Minuten bin ich nachher Chat. Vergebt mir, aber ich werde wirklich jetzt sagen, wenn ich schon gefragt habe, was ihr so ein bisschen macht über Weihnachten, Neujahr, kann ich nicht einfach anfangen, Chat-Messages überspringen. Aktuell ist schön relativ. Okay, gut. Ich glaube, wir haben es wirklich mal darüber gehabt. Mit dem Röseli genau und das Billett aufbewahren. Es ist halt schön, wenn das sagt ja alles, dass ich das eine Zugbillett aufbewahrt habe. Das bedeutet ja logischerweise, dass mir das auch etwas bedeutet. Kein Bestandsmann. Ja, das hast du mit mir diskutiert. Ja, das hat mich eben gerade gedacht. Weil ich habe das jetzt irgendwie so gesagt und dann ist mir das in den Sinn gekommen und ich dachte, hey, das habe ich ja genau mit dem Flo mal diskutiert. Meine Weihnachten vor 2 Jahren war wortwörtlich schlagfertig gewesen. Seitdem gibt es Weihnachten nur noch in kleinerer Form. Okay. Ja, aber ja, Snuffis, mir passt sich an in dem Sinn. Und ich weiß nicht, was genau vorgefallen ist, aber an Weihnachten soll man es schön haben, bin ich der Meinung. Und man soll sich die Weihnachten auch nicht kaputt machen lassen. Wisst ihr, was ich meine? Und dann muss man sich halt auch manchmal ein bisschen anpassen. Muss man vielleicht auch manchmal mal sagen, hey, weißt du was, jetzt machen wir da nicht mehr so in Zukunft. Päcki, grüezi, schön bestehen. Päcki, da, ich weiss, bei mir ist gerade ein bisschen Horrorstimmung. Ist aber nur so entstanden, weil ich auf das falsche Knöpfchen gedrückt habe bei den Licht-Presets und dann habe ich das ganze Licht ausgemacht in der Wohnung und da hocke ich jetzt im Dunkeln. Aber irgendwie finde ich das noch geil. I like. Es müsste fast Chat, Moment mal schnell.
Moment mal schnell. Jetzt so eine künstliche Kerze zum Meer gehalten, noch für ein bisschen mehr Stimmung und so. Was ist mit Stanz? Das ist im letzten Stream ist das ein Thema gewesen. Ich habe ein Zugbillett noch, das ich aufbewahrt habe. Und das war von einem Date, wo ich auf Stanz gefahren bin mit der ÖV. Und das ist jetzt natürlich abgespeichert im Internet, oder? Und Amelie Gaspar, Hallöchen, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Und Grüße nach YouTube in dem Sinne. Hi Sir Troy, ich hab's rechtzeitig geschafft. Let's go. Ja, du, das sieht gut aus. Ne, Fishbone, das sieht gut aus. Sorry übrigens, Fishbone, ich habe noch gesehen, dass du was geschrieben hast, aber wie immer, ich habe wieder irgendwie 20 DMs, wo ich muss durchgehen und ich bin die DMs noch nicht durchgegangen. Aber alles bei Zeiten. Und ich muss auch ein bisschen priorisieren, weil viele DMen mir wegen der Giveaways und das wollte ich natürlich zuerst behandeln. Wolfshade oder Wolfshady. Grüezi, Wolfshade, wie geht's dir? Wie geht's dir? So, ich bin 9 Minuten hinten nachher. I'm so sorry. 9 Minuten hinten drin. Oh, hey, Chat. Oh mein Gott, mega, mega schön. Merci für die vielen Hacks. Danke vielmals. Danke vielmals, 302 Mal. Let's fucking go. Mich kann niemand schlagen, Chat. Mich kann niemand schlagen. Oh mein Gott, dort bin ich ja. Wo bist denn du? Du bist auf dem Ding, auf dem Video. Auf dem Screen, auf dem Be Right Back Screen. Jetzt habe ich es. Und Chat, schön sind ihr immer noch da, wenn ich schnell mir eine Auszeit gönnen vorher, schnell 2 Minuten. Candlelight Dinner mit Troy. Jetzt ein Jumpscare. Stimmung. Oh, jetzt, also Chat, was ihr könnt probieren, ist jetzt Dramatik. Die Dramatik wird jetzt wahrscheinlich auch recht zur Geltung kommen. Es kann aber auch sein, dass sie gar nicht funktioniert, weil ich meine Keylights jetzt nicht eingeschaltet habe. Aber theoretisch müsste es gehen. So wie ich es... Let's go! Nice! Okay, es kommt wirklich gut zur Geltung. Nice. Alles gut, das kann es mal geben. Ja, es ist so. Bin ich auch offen mit euch, ich gehe jetzt nicht ins Detail rein, aber... oder ich weiß nicht, um was es geht. Darkroom. Kann es mal geben mit dem Darkroom, das auch. Aber es kann mal geben, dass es einem schnell... dass es einem schnell nimmt, sage ich mal. Also, nimmt im Sinn von... man begegnet schnell einer Erinnerung, wo... ja. Nein, aber ist okay. Chat, danke fürs Verständnis. Hast du das Licht gerade mit der Uhr auf? Chat. Also. Jetzt muss ich schauen, dass ich nicht liege. Ich habe da so Knöpfchen. Jetzt sind sie schon wieder weg. Das ist meine neue Pixel Watch 3, Chat. Und dann kann ich da sagen, Streamlights. Dann kann ich da sagen, ein bisschen warm, so ein bisschen gel und so. Chat. Oder dann habe ich da ZZZ, das gute Nachtlight. Ja, wenn ich geschlafen dann drücke ich endlich das Knöpfchen, das ich vorher nicht gedrückt habe. Geil. Ui. Ich finde das noch gemütlich. Ich finde das auch irgendwie gemütlich, da so zu streamen, muss ich ehrlich sagen. Ich lasse das noch schnell für einen Moment so. Spätestens dann beim Giveaway, da zünde ich das Licht wieder an. Gutes Essen ist immer gut. Schmarz, das kann ich auch noch unterstreichen. Fireflies haben wir gesehen. Ein paar Sekündchen vor allem. Immerhin bin ich noch bei Minuten, Chat. Und nicht bei Stunden. Oder bei Tagen. Oh nein, Mann, Santa Esmeralda. Und dann sagt mein Bot, bitte wähle einen kürzeren Song. Hey, shit. Das wäre halt schon ein legendärer Song. Hast du noch eine kürzere Version gefunden? Ich glaube, du hast auch schon eine kürzere Version gefunden.
Hey, wie wäre es mit einer kleinen Ablenkung? Dein Setting passt gerade super dazu. Ich habe da etwas im Discord Kreativbereich hineingestellt. Der General des Lochs Feuerklinge Estragon. Jetzt aber. Also Menschen so ein bisschen, noch ein bisschen weniger Chat lesen. Nein, schau schnell rein. Oh, okay. Chat. Das machen wir jetzt schnell. Finde ich eine gute Idee. Schauen wir schnell an. Das sind die, oder? Wir schnell schauen mal, das sind die. Tun wir schnell Fettli abkopieren. Papi, ich lese gerade vor, ich muss noch schnell Bildchen abkopieren. Da entsteht Lore-Chat. Es entsteht Lore, während ich am Streamen bin. Das ist verrückt. Jetzt habe ich Chat, bevor wir jetzt die Fettli anschauen, bevor ich im Chat weiterlese, ganz wichtig, lieber Chat, schauen wir nochmal schnell ein Video von letztes Mal. Einfach weil es so gut ist, Mann. Einfach weil es so gut ist, Chat. Ja, aber Troy, ich habe doch gar nichts gemacht. Das haben die auch gesagt. Hey, schaut mal! Troy ist wieder da! Yeah! Sorry, es war ein bisschen leislich, Chat. Wir schauen jetzt nochmal nach ein bisschen lauter. Das ist von letztem Mal vom Ullen. Ja, aber Troy, ich habe doch gar nichts gemacht. Das haben die auch gesagt. Hey, schaut mal! Troy ist wieder da! Es ist auch legendary. Es ist auch legendary. Ja, es ist so gut. Mann, Ullen, merci nochmal für den. Ich will noch schnell auf die Bilder gehen. Ihr seht es, ja, ihr seht es. Wir gehen schnell durch. Also ich fange jetzt da mal nehmen an. Das ist jetzt, ich glaube, ich zeige zuerst das von vorne, oder? Hier, von vorne, Chat. Also Grüezi-Bär hat das reingeschickt bei mir in Discord und jetzt, Grüezi-Bär, willst du das nochmal schnell kommentieren? Du hast geschrieben, der General des Lochs Feuerklinge Estragon. Also, all die im Loch unten sind, lieber Chat, ihr habt da zu dealen mit solchen Gestalten. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst, Chat. Tommy will am Strom sparen, absolut richtig. Darkroom Stream. Neue Kategorie, by the way. It's Blackout Christmas Time. Ein Kerzchen anzünden. Genau. Passt auf, dass nicht plötzlich fange ich an zu brennen, Chat. He? Das passiert sowieso immer mal wieder. Ich muss noch da schnell. Wolfshade. Au, was geht? Wolfshade. Au, was geht bei dir? Ja, geht auch einen Moment, bis ich um... Chat, ich has gewusst, oder? Ich has auch gewusst. Obi-Wan, ich bin am Brennen. Aber ich bin auch selber geschuldet, weil ich das Kerzchen vorgenommen. Obi-Wan, nächstes Jahr werde ich 40. Ich habe gedacht, ich darf ein Kerzchen anzünden, ohne dass ich gerade anfange zu brennen. Aber ich habe mich getäuscht, Obi-Wan. Es ist so, wie es ist. What the fuck? Chat, ich wollte doch nur ein Kerzchen anzünden. Ich habe wirklich einfach nur ein Kerzchen anzünden und jetzt brennt es halt. Oh, so gut. Hey, aber Grüezi wäre sehr geil. Wir schauen da noch schnell das von allen Angles an. Aber was sind denn da für Gestalten, die da noch, so für Tortenköpfe, die da noch rumfliegen? Holy shit, Mann. Was jetzt noch geil wäre, ist gut, jetzt hast du es bemalt, das ist mega schön bemalt. Ich würde jetzt da noch so sehen, so ein LED einbauen, damit es wirklich noch so leuchtet und da auch noch so blau leuchtet und so, Chat. Das wäre doch geil. Ich habe das Zündhölzchen angezündet und es hat eine Flamme gegeben. Genau.
Und dann ist der Obi-Wan gekommen. Und der Will hat mir einen Flatter gegeben. Ja, jetzt kommt der Will noch. Ich weiß, ich sehe schon, wie er aufsteht. Ich habe ihn jetzt gerade getriggert. Mein Mann hat vor 2 Jahren Weihnachten einen Herzinfarkt gehabt, darum ist jetzt Weihnachten ein bisschen komisch geworden. Ja, hey, das ist auf jeden Fall verständlich, Trini. Da verbindet man natürlich dann auch schnell so Sachen mit Negativem. Und da kann es auch mal sein, dass Weihnachten vielleicht eher so mit negativen Gedanken zusammenhängen. Dann fühl dich gedrückt, Trini. He? Was war da noch? Ja, geht auch einen Moment, bis es sich ausgestanzt hat. Ja, bis wir da wieder draussen haben, Chat. Ich finde es auch geil, wie ihr jetzt den Will Smith nicht vorbeischickt. Einfach weil ihr es könnt. So gut. Ihr sagt so, Troy, du hast deinen Stream nicht unter Kontrolle. Wir machen, was wir wollen. Also mir geht es okay und selbst, hey Wolfshade, alles gut. Bin nur ein bisschen im Chat hinten nach, wie du siehst. Ja, ist wirklich eine schöne Erinnerung. Fühl dich geknuddelt. Snoop Dogg! Es könnte sein, dass ich dich nicht immer verstehe, weil ich deinen Akzent nicht so gut verstehe. Tut mir leid. Hey, Amelie. Jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Chat, Amelie, ich muss noch sagen, ne, wenn du auf Hochdeutsch schreibst wie jetzt, dann kommentiere ich logischerweise auch auf Hochdeutsch. Wie viel verstehst du denn so circa? Sind es 80%, 70, 50, 20? Und woher kommst du denn? Ich nehme jetzt mal an, du kommst aus Deutschland. Und wahrscheinlich eher nicht im Süden von Deutschland. Oh mein Gott, das sieht geil aus, voll dramatisch. Ich weiß gar nicht mehr, auf was es bezogen ist. Lieber Troy, ich bin mal weg, morgen wieder ein langer Tag. Ich wünsche dir schon mal fröhliche und entspannte Weihnachtsfeiertage. Man sieht sich nächste Woche. Viel Spaß noch. Hey, ich melde mich noch, Lizzie. Das müsste alles klappen. Lizzie, mach's gut. Schönen Abend noch. Auch euch schöne Weihnachtszeit, euch beiden, Ullen und Lizzie. Macht's gut, bis bald. Tschüss, bye bye. Ist manchmal auch viel zu nach am Wasser bauen. Hey, weißt du, ich finde das eine schöne, wie soll ich sagen? Ich finde das eigentlich schön, wenn jemand auch Emotionen zeigen kann. If you know what I mean. Die einen sind näher am Wasser bauen als die anderen, aber ich kenne auch so Leute, die sagen, hey, was? Ich habe noch nie gebrüllt in meinem Leben. Und dann denke ich mir also, ja, genau. Ja, genau. Aber das kann ja nicht gut tun, so etwas, oder? Du willst schlafen, sagst du einfach in dem Fall bis am Montag. Hey, ich bin immer noch da, Chat. Ich bin immer noch da. Das Giveaway ist noch am Laufen. Ausrufezeichen Giveaway, Chat. Und einfach, weil es gerade so toll und schön ist, Chat, da mit euch im Dunkeln zu hocken. Einfach aus dem Grund machen wir jetzt... Oh, jetzt habe ich es falsch. Jetzt müsst ihr Raffle eingeben, Chat, und nicht Eichel. Ausrufezeichen Raffle. Für einen Eichel, Chat. Für einen Eichel ein Raffle. Das war schnell gewesen. Haben wir da etwas noch nicht angeschaut? Gehen wir noch mal schnell durch. Aber Grüezi Bär, es ist auf jeden Fall geil. Es ist auf jeden Fall geil. Du bist geil, ich bin geil, wir sind geil, Chat. Das Video ist der Hammer, das ist vom Ullen-Chat. Also machen wir natürlich in dem Fall jetzt noch schnell. Das ist vom lieben Ullen, der Ullen streamt auch. Also rein da und gucken gehen, Chat. Ullen aus der Schweiz, auch mit... ich muss immer überlegen. Es gibt auch sicher mal Schweizerdeutsch beim Ullen. Huere Lümmel, du verdammte Siach, du Huere Lümmel! Der Ullen ist nicht ein Lümmel, Chat. Ich glaube, das ist einfach ein Ebenbild von mir. Also die Figur. Jetzt ist es auf angekommen. Die Figur meinst du? Chat, die machen wieder ein bisschen Licht. Das muss schon sein. Jetzt ist es wieder viel zu hell, oder Chat? Viel zu hell.
Weil auf die Idee bin ich gekommen, wo du mich runterverbannt hast, was ich mit dem alles ausgelöst habe. Ich hätte nie gedacht, dass wenn ich den Grüezi-Bär dort ins Loch runterkicke, dass dann gerade einfach Lawrence steht. Einfach so, ich habe quasi den Grüezi-Bär dort runtergekickt, der ist runtergefallen und im nächsten Moment hat es auch Lar rausgespritzt aus dem Loch raus. Und ich so, okay, wir haben jetzt Lar von der Unterwelt, von den Gefallenen. Hey Sandro, grüezi Sandro, wie hast du es? Schön, dass du da bist. Hello. Nicht das Zundhölzli. Oh, geiler Song. Geiler Song-Chat. Das würde ich jetzt auch sagen. Das habe ich gelesen vorhin. Das hat es vorgelesen vorhin. Ich habe ein Zundhölzli angezündet. This is fine. Geiler Song, Chat. Love it. Angeln. Jenny. Angeln. Ablenkung erfolgreich. Mission complete. Merci. Multipass. Multipass. Ich und meine Family haben jetzt zu Weihnachten auch keine gute Verbindung mehr. Es ist halt immer schade, gell? Aber es gibt's halt, mein Gott. Da bist du auch nicht allein. Also, ja, Holzanlängen, bei mir ist alles gut, wir haben keine Probleme, wir haben keinen Streit. Wenn, dann essen wir zusammen und haben es gut zusammen. Aber schlussendlich darf es dann auch nicht zu viel sein. Weißt du, was ich meine? Es darf dann auch nicht zu viel sein. Es muss sich auch so in Massen und so. Hey, aber Maverick, fühl dich gedrückt. Ich hoffe aber auch, du machst an Weihnachten etwas, wo du geil findest, wo du feierst. Das ist das Wichtigste. Ich verstehe, Wolfshade versteht auch nicht alles, ne? Aber sorry, es ist halt all Schweizerdeutsch. Ne? Aber ihr seid alle willkommen, Chat. Fragt ungeniert, wenn ihr was wissen möchtet. Wenn ihr nicht wisst, was ein Gipfeli ist, dann sagt Bescheid. Was du ehrlich, das macht dich fast noch sympathisch. Verzähl nicht so Zeug. Jetzt ganz ehrlich, also ich habe den Calls ja auch schnell kurz kennenlernen am Hero Fest. Und vorher habe ich ihn durch seine Chat-Nachrichten gekannt, mein Gott. Da kann man halt jemanden nicht wirklich gut einschätzen. Es gibt auch Leute, die habe ich vor mir stehen, kann sie nicht einschätzen. Aber beim Calls kann ich ihn sehr schnell, sehr gut einschätzen. Und ich glaube nicht, dass ich falsch liege. Und ich glaube, er lügt nicht, wenn er sagt, dass auch er vielleicht ab und zu mal näher am Wasser gebaut ist. Das ist auch der Calls. Sympathischer Dude. Ja, sympathischer Dude. Calls. Du müsstest wirklich einfach mal so einen richtigen Stream machen. Und nicht einfach nur etwas grillen, sondern so einen richtigen Stream. Ich glaube, du wärst noch echt so. Du wärst echt so jemand, dem würde ich noch gerne zuschauen. Und Redbeard übrigens, grüezi Redbeard, wie geht's? So schön, dass du da bist. Ich bin noch ein bisschen nachher im Chat, 5 Minuten, aber es kommt besser. Kommt besser. Snuff ist übersetzt, let's go. Ich verstehe 89,7% der Dinge. Das ist aber schon mal, das ist viel. 81 Calls is the worst son of a bitch that I know. His words are so nice that every child starts crying and makes everyone leave a funeral in an instant. Jesus Christ. Okay, das ist nicht schlimm. Das ist echt gut. Also, lieber Chat, es ist dann eben so, man kann auch einfach so fucking sympathisch sein, dass die Kinder anfangen zu brüllen wegen dem, weil die so baff sind von all diesen Emotionen und dem schönen Moment, dass die Kinder anfangen zu brüllen. Das ist nicht, weil sie Angst haben oder so. Das ist geil. Ach, Chat. Lilo, hey, merci für den Lurk-Support, aber vergiss dann nicht Lilo, hä? In einer halben Stunde oder so, oder vielleicht in 25 Minuten schon.
sein, ganz wichtig. Gilt für euch alle Chat, dass ihr dann auch claimen könnt. Nicht, dass wir wieder 6 Gewinner ziehen, die nicht rum sind, hintereinander. Es sind 6 gewesen. Gefühlt sind es 6 gewesen, Chat. Und Raffle auch noch, schnell Ausrufezeichen Raffle, so wie es die anderen auch eingegeben haben, zum so eine kleine Eichel gönnen, lieber Chat. Das dauert auch noch etwa 8 Minuten. Dann ziehen wir zuerst einen Eichelgewinner und dann so ein bisschen später machen wir eine Giveaway-Auflösung. Ihr könnt schlussendlich beides gönnen. He? Das eine schließt das andere nicht aus. Haben wir auch schon ein paar Fälle, wo ich jetzt einen Hauptgewinn schicke, plus noch einen Eichel, haben wir auch schon. So, Chat, wo bin ich? 6 Minuten, 6 Minuten. Mama, das ist mir recht, du brüllst vielleicht noch ein bisschen für mich. Da ich nie tue. Ja, das hast du schon mal gesagt, Jenny. Aber ist das schon immer so gewesen? Ja, also, das ist vielleicht jetzt auch natürlich eine persönliche Frage. Darfst du selber entscheiden, ob du die beantwortest oder in welchem Ausmaß. Aber hast du das schon immer so gehabt, dass dir das verschwallt? Ja, genau. Vor allem, wenn einem das Reden verschwallt, Chat, oder? Das ist das Schlimmste. Schwerfällt, hallo, Troy. Oder ist das mit der Zeit gekommen? Ja, das würde mich eben noch so wundern. Aber das Leben formt einmal, Chat. Das ist jetzt gerade die passende Musik. Da werde ich direkt emotional. Das Leben formt einen, Chat. Und mir passt sich an. Und manchmal ist mir auch abgehärtet dann. Jetzt kann ich einen Raffle gönnen. Raffle? Ja, let's go. Römer, ein Zitronen-Raffle. Ein Rüebli-Raffle. Carnage Rage erblindet. Da gibt es wieder ein bisschen Rüebli-Salat. Hey, Rüebli habe ich hier im Fall auch noch von den Feinchen. Da. Haben wir noch ein Rüebli? Aber da verlose ich nicht, das gehört nämlich mir, Chat. Das gehört mir, ne? Jetzt muss ich da wieder einhängen. Also, ich habe es geschafft. Und Ameloni grüezi und The Wheelie Gamer grüezi. Danke für den Follow. Und wie geht's euch beiden? Wie geht's euch? Wer trinkt denn schon ein Eltoni? Oh shit, Chat, ich müsste ja eigentlich noch schnell eine Flasche Wasser holen. Das ist, ich habe letztes Mal schon gesagt, die trinken zu wenig. Troy, du solltest wieder mal Nägel fielen an der einen Hand. Vor allem zittere ich. Jetzt sehen wir, wenn ich zittere. Das ist gar nicht wahr, Chat. So ein Seich. Wo? So mega frech. So mega frech. Du, Troy. Solltest vielleicht... Gut, das ist jetzt kein Verhältnis mehr, was ich jetzt sage. Troy, du solltest vielleicht mal wieder ein bisschen abnehmen. Nein, sorry, Jenny, also das ist jetzt Spass von meiner Seite, das ist alles gut. Ja. Tanz durch den Raum zu Troy, holt ihn ab und schwingt das Tanzbein. Let's go. Machen wir einen Cha-Cha-Cha. Oh, Tango, ein bisschen Emotionen, Chat, ein bisschen Tango mit dem Marty. Just like bread, I'm gonna take you there. Ja, genau. Mein Vater hat sich eben umgebracht. Oh, okay. Oh, okay. Also, das ist natürlich, also da kann ich nicht... Ich kann nicht behaupten, dass ich weiss, wie sich das anfühlt. He? Aber hey, Maverick, fühl dich gedrückt, ne? Fühl dich gedrückt. Und wie gesagt, ich hoffe, du hast gleich auch schöne Weihnachten, you know? Und findest etwas, wo schön ist, was du gerne machst und so. Ja, das ist halt schon, das prägt einem halt auch, Maverick. Das prägt einem halt schon. So wie hier Angeln zum Meme wird, schreit das irgendwie danach, dass Troy irgendwann Webfishing streamt. Das war doch ein Brötchen. Ein Brötchen, oder nicht? Also was jetzt? Wo waren wir? Jetzt weiss ich, ich hab den Faden verloren, Chat. Hier, den Faden verloren. Tekla, help me. Tekla, heb die mal schnell fest. Man sieht dich ja gar nicht. Ja, das kann eben Schweizerdeutsch sein.
Dann plätschst du das nächste Mal ein Winkelschleifer. Ein Winkelschleifer. Gib im Plätsch das nächste Mal einen Winkelschleifer mit, okay? Der Calls wird sich mir ja nicht zeigen. Also ich kann allen sagen, die den Calls noch nie persönlich getroffen haben, das ist ein ganz, ganz sympathischer Dude. Einfach, was du gesagt hast. Ist das auch meine Meinung, Calls? Nicht nur meine Meinung, so wie ich das so ein bisschen rausgehört habe. Das ist ein ganz sympathischer Dude. Troy kann mich auch nicht einschätzen. Dich kann ich sehr gut einschätzen, Highway Racer. Dich kann ich sehr gut einschätzen. Es gibt andere, die ich Mühe habe, aber ich werde jetzt auch nicht Namen nennen. In der Regel kann ich die Leute gut einschätzen. Sehr schnell, sehr gut einschätzen. Und Bumble gsi, grüezi Bumble gsi, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Das ist vorgelesen worden. Warte, jetzt haut einmal. Du wärst ein Dungeon Master in einer Taschendimension von dem. Kannst du mir nach der Sendung sagen, gell, grüezi Bär. Wo ein Haufen nichts ist, ausser dass du regelmässig dort einen runterwirfst. Da fühle ich mich verpflichtet, Story zu schreiben. Und noch so schön, weil du die Lore weitertreibst. Jetzt muss ich schnell einen kleinen Teaser machen, aber das ist wirklich ein minimaler Teaser, auch für dich, grüezi Bär. Das Thema Lore wird echt noch... Also ich meine, ich habe mit der Sammelkarte schon ein bisschen Lore lostreten. Im Ansatz. Aber Lore wird noch kommen. Lore ist am Entstehen, lieber Chat. Ich sage aber jetzt nichts dazu. Muss auch ich mir wieder ein bisschen Zeit nehmen dafür. Snuffis hat mich schon gezwungen, im Call Schweizerdeutsch zu reden. Also, Wolf Shade, ganz ehrlich, wenn man jetzt zum Beispiel aus Deutschland kommt, ein Schweizer verlangt in der Regel nie, dass man Schweizerdeutsch redet. Weil es ja auch immer schrecklich klingt dann, ne, wenn jemand Schweizerdeutsch versucht zu reden. Das tönt schrecklich, Chat. Every time I got out of the grave. Chat, ich muss noch was vorwärts machen, ich bin so weit hinten nachher. In einer halben Stunde, ja, da bin ich wahrscheinlich am Ende vom Chat angelangt, Jenny. Je nachdem, wie viel müssen gezogen werden. Also ich sage schon mal, jetzt machen wir die Eichel-Giveaway-Auflösung, dann tue ich noch schnell meine Fingernägel schleifen. Live on Stream machen wir extra schnell den Kategoriewechsel dafür. Jenny kommt dann auch schnell vorbei und tut mich unterstützen dabei. Ich frage mich immer noch, wie du da drauf kommst, Mann. Das sieht doch nicht so schlimm aus. What is this show, Rick? It's an alternate universe where humans all look like this dipshit here. They call him Troy Hammer. He does that thing where he says that he's going to play a game, but ultimately he never plays it. They call it hashtag eventually some gameplay. What a bunch of fucking weirdos. Jetzt muss ich schnell etwas sagen. Fishbone. Es ist echt schwierig, wenn du mir immer DMs machst während dem Stream. Ne? Also schreib's lieber in den Chat rein. Was ist denn mit den Card Drops nicht gut? Also es ist so, dass ich ab und zu eine Sammelkarte verschenke, aber dann, wann ich will, ne, Chat. Jetzt einfach mal schnell Real Talk. Wenn ich das Gefühl habe, ich verschenke jetzt eine Sammelkarte, dann mache ich da, wenn man nicht da ist, dann hat Pech gehabt. Einfach, als es schnell erwähnt ist. Hey Troy, du sagst immer das, was ich schreiben will. Hörst du jetzt? Das ist unfair. Dein Maul ist schneller als meine Finger. Und meine Fingernägel. Das klingt genauso versaut, wie ich wollte. Oh, da haben wir schon mal gehört. Von Korn. Also wenn die Kleine von meiner Schwester umcheckt, dass ich einen Bart und eine Schnauze habe, ist sie wie eingefroren. Jenny ist ein Verschwall. Das ist die Bugwelle von einer Fähr. What the fuck, Mann? Ach, Chat. Hab euch lieb. Ameloni und grüezi Ameloni, wie geht's dir denn? Also es geht ganz, ganz selten, aber wenn ich kann, dann verhebe ich es.
Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mal anfange, kann ich nicht mehr aufhören. Okay. Früher hat es immer geheißen, wegen dem Seich musst du sicher nicht brüllen, hör auf. Dann habe ich halt aufgehört. Okay, ich verstehe es, aber das ist ja auch so ein Phänomen. Chat, ich lasse mir jetzt auch schnell ein bisschen Zeit bei gewissen Nachrichten, auch wenn ich weiss, wir haben noch einen Plan, I don't care. Hey, ich mache den Content da, Chat. Und ich bin dankbar, dass ihr da seid. Das ist ja bei den Männern auch immer so ein Thema, dass man das vielleicht jetzt weniger. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen früher so gewesen, aber so ganz allgemein gesehen hat es sicher häufiger mal den Fall gegeben, dass man den Männern gesagt hat, oder den Buben gesagt hat, vor allem, ein Mann brüllt nicht. Und das ist eigentlich da, wo du auch ein bisschen weit so jetzt sagst, das hat es geheissen. Und als Kind ist halt das auch etwas, das nimmt man auf, oder? Das nimmt man auf und macht das zum Teil von seiner Persönlichkeit. Und ich verstehe dann auch, dass es gewissen schwerfällt. Aber das ist eben da, was du sagst. Wenn es kommt, dann kommt es dann eben richtig. Und jetzt nicht zweideutig verstehen. Wenn es kommt, dann kommt es eben richtig. Und dann kann man es auch kaum noch stoppen. Das ist dann eben das andere, man staut es dann halt ein bisschen an. Aber wenn es wenigstens ab und zu mal raus kann, dann ist es auch gut. Ich weiss nicht, was du sagen willst, aber ich stelle mir die Wellen vor, die es gibt, wenn ich in die Badwanne gehe. So ein Scheiß, Mann. Jenny. Und ich stelle mir jetzt die Wellen auch vor. Oder? Wir stellen uns jetzt all die Wellen vor. Wie oft darf man ein Eichel gönnen? So habe ich es jetzt. Ich habe es gerade mal kommuniziert. Die Idee ist, dass bei einer Eichel, dass man die einisch gönnen kann. Dass es fair bleibt, dass pro Person eine Eichel. Wir machen das gleich wie beim Halb-Giveaway, es ist aber kombinierbar. Aber auch beim Halb-Giveaway sagen wir maximal ein Gewinn pro Person. Da sagen wir auch maximal ein Eichel pro Person. Und bevor ich es jetzt zu kompliziert mache, sage ich einfach ein Eichel pro Person jetzt im Rahmen von diesen Giveaways, die wir hier in diesen Streams haben. Wenn ihr jetzt vorhin schon mal ein Eichel bekommen habt, dann sage ich nicht, ihr dürft die Eichel nicht haben. Dann lasse ich euch noch mal entscheiden, Chat. Aber ich habe die Liste und gesehen, wer schon gewonnen. Wenn ich sehe, ich ziehe noch mal die gleiche Person, dann würde ich noch jemand anderes ziehen. Auch damit es fair bleibt. Aber ich glaube, da ist mir auch niemand böse. Ich habe nicht nur euch am Wasser gebaut, ich hocke mit drin, heulen wegen jedem Scheiß. Das gibt es auch, aber beides ist schwierig. Also, ich würde mir weder das eine Extreme noch das andere Extreme wünschen. Ich glaube, ich bin tatsächlich ein bisschen in der Mitte. Ich brülle nicht wegen jedem Seich, aber doch, wenn es mich emotional trifft, dann muss es gleich mal raus. Ja, dann muss es auch gleich mal raus. Ich kann mich aber auch sehr gut beherrschen. Das ist ja da, wo ich halt was ich vorhin gesagt habe, als Bub beigebracht bekommen habe. Dass ich ein bisschen wie unterdrücken kann, was jetzt gerade in mir innen passiert. Aber ich habe auch mit der Zeit gelernt, eben das nicht zu fest unterdrücken. Chat. Ja, es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema und jeder reagiert wieder anders auf so Sachen. Aber ich finde, schlussendlich muss es irgendwie auch einig raus. Grüße nicht schrecken. Ich bin der andere Account. Schon da gewesen vorhin. Okay, Wheelie, okay. Alles klar. Chat, 10 Minuten bin ich hinten. Sympathischer Dude Calls, genau. Stopp, jetzt fahre ich gerade wirklich an. Hey, Calls? Ja? Du bist ja nicht vor der Kamera. Du darfst. Aber auch ich darf. Ihr alle dürft, Chat. Aber nicht, als man nachher so, als ich da Kategorie muss wechseln auf gemeinsames Weinen. Wir haben uns, glaube ich, gesehen am Hero, oder? Gerade nicht mehr sicher. Er war auf jeden Fall der gewesen, ja. Vielleicht sind wir auch mindestens aneinander vorbeigelaufen. Bumble gsi, mir geht's gut, danke und selber, ich kann mich nicht beklagen, alles gut. Schöner Stream, auch mal, heute war es auch wieder mal deep mit den Gesprächen. Jetzt auch aktuell finde ich sehr ein schönes, interessantes Thema. Giveaways sind noch am Laufen, Ausrufezeichen Giveaway für mehr Infos und Chat, ich ziehe jetzt einen Gewinner. Ich ziehe jetzt einen Gewinner von einer Eichel. Zuerst mal die kleine Eichel, da kann man nicht mehr mitmachen. Aber für die großen Giveaways kann man noch mitmachen mit Ausrufezeichen Ticket-Chat. Zuerst mal die Eichel.
eine kleine Eichel namens... ich weiß nicht, was ich machen soll. Calls. Let's fucking go. Calls. Jetzt habe ich ein paar schöne Worte über den Calls gesagt. Und die kleine Glückseichel entscheidet sich für Calls. Weil so funktioniert das Giveaway. Das ist nicht purer Zufall. Die Eichel, die entscheidet, zu wem das sie geht. Calls, GG's. GG's Calls, du bekommst von mir eine kleine Eichel. Und das freut mich mega. Das ist richtig nice. Ja, Feinchen, endlich kannst du schon wieder mitmachen. Und wenn du wieder gönnst, dann darfst du sonst einfach noch mal etwas anderes wünschen. Weil du bekommst ja eh nicht einen Eichel. Von dem her, mach einfach mit. Wenn du gönnst, dann schauen wir dann einfach. Ich gönne lieber jemandem, der noch keinen hat. Euch allen viel Glück. Arti hat sich auch eine gesichert. Da habe ich immer einen Eichel vom Troy dabei. Ein Glückseichel tatsächlich. Hat Glücksenergie drin. Ich bin der Sammy. Jetzt der Wheelie. Okay, jetzt habe ich ja schnell vorhin nicht wirklich den Zusammenhang gesehen, aber der Sammy ist der Wheelie-Gamer. Okay, jetzt. Let's go. So, Chat, jetzt bin ich plötzlich am Ende. Jetzt bin ich vorhin 10 Minuten nachher gewesen, zack. Habe ich auch alles übersprungen gefühlt. Ich habe wirklich einfach alles übersprungen. Das habe ich gemacht. Ich gehe nochmal zurück, Chat. Einfach alles übersprungen. Das Ende vom Chat. Ich brülle viel beim Autofahren, weil es zum Heulen ist, wie die einen auf der Straße fahren. Ja, aber das sind die Zürcher, oder? Die nicht fahren können, oder? Coolio. Das sind die Zürcher. Sicher nicht die Aargauer. Ein Mann kann brüllen, finde ich es toll, aber ich kann allgemein nicht mit Emotionen umgehen. Darum lohne ich es gerade. Das ist besser. Hey, ja. Jeder ist anders, Jenny. Jeder ist anders. Es ist so, wie es ist es. Ja. Emotionen sind auch etwas, können halt auch überwältigend sein. Das ist eigentlich, genau das machen ja die Emotionen schlussendlich. Ich glaube, durch das definieren sich die Emotionen auch irgendwann durch. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, meine Kopfhörer kaputt, das kann ich gerade gar nicht brauchen. Sammy, wie siehst du das, dass deine Kopfhörer kaputt sind? Also, hörst wahrscheinlich eher. Wie äußert sich das? Darfst du den Kopf nicht zum Fenster aushalten, dann geht's. Genau. Also Coolio, da wo Jenny sagt. Also, ist auch ganz wichtig, wenn es draussen donnert, Chat. Den Kopf nicht zum Fenster raushaben, sonst könnte man vom Blitz getroffen werden. Jenny, du auch, du stehst ein bisschen gefährlich dort unten. Jenny, jetzt stehst du im Regen, jetzt wird niemand merken, wenn du anfängst zu sprühen. Grüezi miteinander, ich darf wieder da sein. Ich darf jetzt noch ein bisschen den Chat lesen und nachher muss der Troy wieder Giveaways machen. Was habt ihr da für Wetter in diesem Universum, Chat? Bei mir scheint die Sonne. Um die Zeit. Ja, keine Troy-Lina-Karte. Sehr simpel mit der Dunkelwaldkarte. Hey, wir müssen reden. Das hat man schon alle gesagt vorhin, dass wir reden müssen. Aber ich will das nicht. Ich will nicht mit dem Troy im gleichen Raum sein. Ich glaube, der Troy muss auch dabei sein beim Reden. Ich lese noch schnell vor. Zu dem ganzen Topic, ich weiss nicht, wenn die Menschen in ihrer Geschichte auf die Idee gekommen sind, etwas so Natürliches, Einfaches zu ignorieren. Können rennen ist psychologisch das Wichtigste. So wichtig wie alles andere. Es geht mal bergauf, aber auch sicher mal wieder runter. Man sollte sich wieder mal weder schämen noch sagen lassen, man sagt dadurch weniger von irgendetwas. Finde ich mega schön. Grüezi da finde ich mega schön, das kann ich nur unterstreichen. Auch ich, Troy-Lina, die hübsche Streamerin, kann das unterstreichen. Ich glaube, ich gebe die an Jessie weiter. Sie hat ja nie mitgemacht, hat aber gerne eine.
Können wir... Könnt ihr im Troy ein DM machen? Calls, kannst du einfach ein DM machen? Kannst du es ja noch abklären? Weil vielleicht geht es jetzt ein bisschen unter, nicht dass es untergeht und nachher sage ich im Troy das Falsche. Einfach schnell ein DM machen. Calls, du kannst mir dann sagen, check halt Jessie und dann check ich halt Jessie. Weil das ist ja in dem Sinn kein Problem. Aber Jessie muss natürlich auch einverstanden sein, Chat. So, ich wünsche allen tolle Festtage. Ich muss ins Bett, Papi. Ich wünsche dir einfach ganz eine gute Nacht. Aber denk dran, ich mache jetzt in 5 Minuten ziehe ich den ersten Gewinner. Also wenn du auch noch mitgemacht hast, dann müsstest du claimen und du musst dir den Preis dann auch holen. Aber Papi, wenn du gehst, dann wünsche ich dir natürlich eine ganz gute Nacht. Schön, bist du dabei gewesen. Merci nochmal für den Lurk. Und bis ein anderes Mal, Papi, und schöne Festtage auch dir auf jeden Fall. Wie viele Eicheln gibt es denn heute? Jetzt haben wir schon 2 rausgelassen. Mindestens noch eine, Chat. Mindestens noch eine, aber das wird dann später der Fall sein. Ich war schnell AFK gewesen. Troy, hast du mitbekommen, was ich gemeint habe wegen der Hand? Nein. Nein, ich muss noch mal schnell lesen, Jenny. Ich muss noch mal schnell lesen. Wegen deiner Metallkrallenhand. Jetzt. Ich habe das noch gelesen. Ich habe das für mich gelesen und nicht vorgelesen. Jetzt ist klar. Ja, du meinst nicht da. Ja, da ist alles gut. Schon. Okay. Einfach als ich am Zittern bin, wie ein alter Opi. Weil ich wahrscheinlich zu wenig gegessen habe heute. Ich bestelle mir jetzt nichts zu essen. Ich habe nicht Hunger. Ich habe einfach zu wenig gegessen. Listen! Du hast doch eine schöne Hand gehabt, nur am Krallen. Merci, Jenny. Jetzt ist es angekommen. Ja, sowieso, ich hätte das nicht irgendwie jetzt falsch aufgenommen oder so. Ich bin davon ausgegangen, dass ich den Zusammenhang nicht verstehe vom Joke. Von dem bin ich zu 100% ausgegangen. Ich habe natürlich so ein bisschen, ich habe damit noch ein bisschen gespielt, logischerweise. So, ich muss heute ein bisschen legen, vielleicht komme ich nachher noch mal oder so. Dir noch viel Spass. Aber Schmarz, wenn du noch gewinnen im Giveaway. Ah nein, du hast ja schon gewonnen, Schmarz. Ja, ich bringe jetzt da jedes Mal wieder. Schmarz macht das. Happy Licking. Und vielleicht bis später. Wenn nicht, dann wünsche ich dir noch ganz eine gute Nacht. Ich bin am Montag wieder live. Also, ja, ich sage es jetzt auch mal so, für all die gehen liegen, schlafen und vielleicht nachher nicht mehr da sind oder nur noch im Lurk und man sich nicht mehr gehört sieht vor der Weihnachten, wünsche ich euch schon mal schöne Festtage. Geniessen die Festtage. Lieber Chat, das ist wichtig. Ich bin ja selber Aargauer, gebürtig. Ja, das sind Zürcher. Da bin ich auch am Brüllen. Da bin ich auf der Autobahn und bin am Brüllen, Chat. Da kommen alle Emotionen. Der Schrei oben, Schrei aus dem Fenster raus. Und das getraust du dir da zu sagen, cool. Ja. Uff, schwierig. Ich habe heute auch Sonic 3 geschaut und wie... Wait a second, Sonic 3, ein Film, es gibt schon 3 Teile von Sonic. Das ist mir gar nicht bewusst im Fall. Und wie ist er? Wie ist es? Also ich hätte ja schon gerne mal wieder einen Eichel, aber halt nicht Schlüsselanhänger. Verstehe nur ich jetzt, dass es so, wie ich es verstehe? Oder? Okay, dort ist noch ein Emote. Okay, ich glaube, es ist so auch gewollt kommuniziert. Okay, Fähnchen. Wenn ich könnte, würde ich jetzt die Message irgendwie da oben einblenden lassen für den Rest vom Stream. Muss schon mal den Plätsch fragen, welche Dating-App er hat, da unter Troilina gefunden hat mit dem Perfect Match. Ja, recht zeitweise kein Ton mehr. Okay, das ist komisch. Liegt nicht an mir, oder Chat? Jetzt bin ich jetzt schon am Überlegen, ob ich das kann. Also das liegt nicht an mir, oder Chat? Also ihr hört mich schon Stereo, oder? Ich weiß gar nicht, ob es funktioniert, was ich da gerade mache. Ich glaube, es funktioniert schon. Ihr hört mich schon Stereo. Das sind Kopfhörer, oder? Das sind Kopfhörer vom Sammy. Jetzt nicht mehr. Nö, ich habe aber auch noch eine. Hast du die richtige Ohrmuschel drauf gehabt, Abo?
es gibt, ey, ohne Scheiß, jetzt, ich werde jetzt Jenny, ich werde nicht irgendwie jetzt dich, ich werde nicht dich oder Swiss Twitch Clips kritisieren. Ich glaube, es war eben der Clip gewesen, weil du hättest da ja ganz sicher gemerkt, es hat einen Clip gegeben, wo der Ton nur von der einen Seite kam. Und ich also dachte, es gibt auch schon Streamer, die haben ihr Audio-Setup nicht im Griff. Und der Clip war 100% einfach so gewesen, wie er war. Hey, es gewittert, darf ich reinkommen? So, Jenny steht so draussen so, oh, es gewittert, oh, darf ich reinkommen? Jenny, du darfst immer reinkommen. Du hast schon ein halbes Fan-Treffen vor dem Haus, ja, true. Das ist aber auch etwas, ich habe mir das mal überlegt, dass sich die Leute so ansammeln. Also, da gibt es auch noch etwas, was ich machen will, Mann. Mein Mod hat sich, der Warlock hat sich mal eine Variante von diesem Effekt gewünscht, tatsächlich, die ein bisschen anders ist. Chat, wir haben 1 ab 10. Ich überfliege noch schnell ein bisschen Chat. Sind mir nicht böse, wenn ich die kleinen, kurzen Sachen nicht vorlese. Aber ich versuche es für mich zu lesen. Also für alle jetzt noch Pipi machen, die auf dem Klo sitzen. Wer auf dem Klo sitzt und sagen wird und nicht da ist selber schuld. Hey, es ist ja so. Lieber Chat, da möchte ich auch ganz fair bleiben. Ich habe es vorhin schon mal schnell ein bisschen angetönt. Auch mit diesen Eicheln, auch mit diesen Sammelkarten. Es ist für alle fair. Und wenn ihr irgendwie gezogen werdet und ihr seid nicht rum, dann bitte sind wir nicht böse, sind anderen nicht böse. Und bitte schreibt mir auch keine DMs, sollte mich jetzt irgendwelche Ausnahmen machen. Nein, also wir sind viele Leute da, es ist für alle fair, wir haben eine gute Zeit. Und mein Gott, manchmal ist man nicht rum, aber so be it. Wir haben noch hoffentlich noch viele Jahre gemeinsam vor uns und es gibt noch viele Giveaways. Und ihr werdet sicher auch noch irgendwann die Chance haben, etwas zu gewinnen, Chat. Max Dosnam Firmage. Ha. Aha. So, ich bin wieder 5 Minuten hinten nach dem Mann. Sorry, gerade den Ping über WhatsApp gekriegt, war ins Gespräch mit einem Mann vertieft. Was ist los? Jesse Calls würde dir seine Eichel anbieten. Ich muss dir sagen, nehmt euch ein Zimmer, Jesse. Nehmt euch einen DM-Raum. Ihr sollt das über DMs regeln und mir dann per DM Bescheid sagen. Wenn man Multiverse einlöst, Erde 616 wegen Marvel. Oh, Ameloni, du bist die erste Person, die das raussieht. Die Welt, die Earths, wo ich gewählt habe, wenn ich richtig liege, Earth 616 ist wegen Marvel, weil 616 die Haupterde ist. Und das Universum oder die Erde, wo Troilina herkommt, ich weiss jetzt gerade nicht mehr, welche Nummer das ist. Steht es auf der Karte, Chat? Es steht, glaube ich, auf der Karte. Troilina. Von Erde 1045. Wenn es mich nicht täuscht, ist im Marvel-Universum die Erde 1045 die Erde, wo Gwen oh mein Gott, irgendetwas mit der Gwen steht anders bei Spider-Man. Ich weiss jetzt aber nicht mehr, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, dort ist der grosse Unterschied auf dieser Art, dass Gwen ist irgendwie anders, you know. Aber vielleicht weiss das Ameloni besser als ich. So, Chat. Ich habe Sonic 3 sehr gut gefunden und besser als Sonic 1 und 2. Okay, interesting. Hey, muss mir das auch mal irgendein geben? Mir gefällt, wie du kommunizierst. Ja, ist irgendwie schon cool. Direkt. Einfach direkt. Alter, der Satz hätte jetzt auch eine andere Abzweigung können. Jetzt bin ich verschrocken. Wegen der Eichel musst du mal den Blätsch fragen. That's true. Ja, Shaya ist ja gut. Es hat noch niemand, Shaya hat ja gar noch niemand gesagt. Jetzt habe ich mich gefragt, was du sagen willst. Fienchen will den Eichel und du sagst, du musst mal den Blätsch fragen. Wegen der Dating-App, Mann. Jetzt läutet wieder jemand an, Chat. Jetzt läutet wieder jemand an. I will find you. And I will Hallo? Hallo?
Ist jemand da? Hallo? Einfach da anrufen, Mann. Einfach anrufen und dann nichts sagen, oder? Du hast einen Affe da anrufen. Fatality. Sind Sammelkarten eigentlich nur sowas zum Sammeln oder bewirkende was? Die Sammelkarten sind aktuell nur zum Sammeln digital, aber wenn du digital alle Sammelkarten hast, dann bekommst du die in physischer Form zugeschickt. Und dann kannst du natürlich in physischer Form die Sammelkarten traden, wenn du möchtest. Ja, das ist erlaubt, kann ich nicht beeinflussen. Und vielleicht, da kommt immer mal wieder was Neues. Tatsächlich gehen die Sammelkarten immer mehr Hand in Hand mit der Lore, die entsteht. Das habe ich vorhin noch erwähnt. Also da entsteht was. Ich sage es mal so. Der Clip war so gewesen, aber das habe ich nicht beheben. Das habe ich gedacht. Aber darum habe ich auch nicht irgendwie geschrieben, hey, einfach da quasi, hast du gesehen. Ja, ich gewusst, hey, der Streamer hat das so gestreamt. Wieso habe ich dich nur Mono gehört? Das sind deine Kopfhörer, die kaputt sind, Marvin. Das sind deine Kopfhörer. Nein, sage ich. Ich habe es schnell aus Scherzen so eingestellt. Es ist gar nicht, wie alt Wohnort ist 69 statt im Gewitter bleiben stehen. Das ist auch eine Möglichkeit. Das Festzelt vor meiner Villa, wenn ihr aufstellen, Chat. Hey, Doubleclick, habe ich dich schon begrüßt. Doubleclick, grüezi, schön bist du da. Hello there. Swiss Uli, hello there, schön bist du da. Wie geht's euch denn? Wunderprächtigen guten Abend. Bin auch sehr, sehr passiv da, weil ich ein kleines Event im Discord habe für Helldivers. Bitte schreibt mir jemand auf Discord, wenn ich gewinne. Das überlasse ich euch, Chat. Das dürft ihr sehr gerne machen. Aber Doubleclick, du musst dir bewusst sein, dass Chat denkt vielleicht auch, hey, wenn er nicht da ist, ist er nicht da. Und ich werde auch gönnen. Nein, wir haben eine gute Community. Also das ist natürlich erlaubt, dass ihr untereinander euch abhängt. Ich gebe auch immer 2 Minuten. Jetzt habe ich echt geglaubt, meine Kopfdinger sind jetzt echt kaputt. Jetzt habe ich die schön verarscht. Wie ist eigentlich der Fortschritt mit Partner? Hast du schon die 75... Es kommt dann, wenn es kommt, Highway Racer. Wir müssen nicht weiter darüber reden. Es kommt dann, wenn es kommt. Ich mache mir keinen Stress. Chat, jetzt muss ich da lang. Old casual mug? Throw that ugly piece of crap in the trash and get yourself a new Troy Hammer and mug from the merch store. And don't miss out on the Epic Warrior clothing or the Pro Gamer mousepad for flawless 360 no-scope headshots. Check out the Troy Hammer and merch store. Link in the profile description. Sorry. Ich habe den Moment schnell genutzt, Chat. Das Licht brennt wieder. So, Chat. Ich habe schnell den Moment genutzt und haben wir etwas zum Trinken geholt. Ich könnte eine Karte herstellen, Arti. Ja, dann tu doch das. Vielleicht hast du es schon gemacht und ich will jetzt weg sein. Also ist das so noch Gewalt, dass ich Lore schreibe? Eher so, weil dir da... Hey, also... Ich finde das mega geil, was du machst. Vielleicht kann man auch im Discord-Channel mal etwas machen, wo in diese Richtung geht. Aber ich muss dann halt im Nachhinein muss ich noch schauen, was ist jetzt offiziell. Also es ist nicht so, dass alles, was jetzt du machst, dann direkt auch Canon ist, sage ich mal. Da, wo natürlich entsteht, das steuere ich noch ein bisschen und dort habe ich auch Pläne und so weiter. Aber Inputs auf jeden Fall. Grüezi, Baron, was du machst, ist absolut der Burner. Also go for it. Aber vielleicht mache ich dort wirklich mal so einen Discord-Channel. Alle zusammen, wie geht es sehr gut und dir, Troy? Mir geht es sehr gut und wie geht es dir, Troy? Hey, Swissuli, das freut mich und ich kann mich nicht beklagen. Wir haben hier eine gute Zeit, ziehen jetzt einen Gleit-Giveaway-Gewinner. Letzte Chance, jetzt Ausrufezeichen, Ticket, lieber Chat, Ausrufezeichen, Ticket.
Vielleicht auch zur Sicherheit noch mal schnell reinhauen, ein Ausrufezeichen-Ticket. Ich kann fast nicht mehr reden, Chat. Ich bin ganz nervös. Leute, lasst mir nicht Weihnachtsgeschenk. Eine Franziskusdecke kaufen. Los, jetzt zuschlagen. Es gibt einen zum Preis von einer. Unschlagbares Angebot. Vielleicht, Chat. Vielleicht schaue ich mal, ob ich ja, dann wäre es aber nicht pünktlich da. Wäre sowieso nicht pünktlich da für Weihnachten. Aber vielleicht so am Montag schaue ich, dass es vielleicht noch ein paar Aktionen hat, Chat. Yoda? I wish that Liabo gets something this time. Ich auch. Wir alle. Also wirklich eigentlich wir alle, Chat. Wir alle. Ich würde mich mega freuen, ich würde mich für alle von euch freuen, Chat, aber ich sage es beim Tliabo, oder wahrscheinlich ist auch das der Grund, wieso der Yoda das gesagt hat. Tliabo hat halt einmal verpasst, wo er gezogen worden ist. Darum würde ich es ihm mega gönnen, wenn er nochmal die Chance würde bekommen, natürlich. Und dann auch um ist. So, Chat. Ich überfliege nochmal schnell und ich bin am Ende vom Chat. Wenn ihr noch etwas Wichtiges in dieser Zeit gesagt habt, dann müsst ihr... Gami, was gibt es zu gönnen? Moment, kannst schnell selber schauen, was es zu gönnen gibt. Es ist dort unten. Kannst schnell schauen. This is Sparta! Santa Esmeralda, Chat. GG Target User. Ich weiss es langsam, Chat. Ich weiss es langsam, GG Masse. Also, letzte Chance, lieber Chat. Ich gehe gerade schnell reinschauen, wie viele das mitgemacht haben. Ich behalte das wie immer transparent. Ihr seht alle Teilnahmen und was ich da für Knöpfe drücke. 45 Leute sind drin. 45 Leute sind drin, lieber Chat. 45 Leute. Letzte Chance, Ausrufezeichen-Ticket, nachher mache ich hier zu und dann könnt ihr nicht mehr mitmachen. Und es kommen dann 100%ig wieder Leute rein, in dem Moment, wo ich drücke und sage «Troy» oder einfach schreiben «Ticket». Dave ist auch noch dabei. Strohhut Dave, Power Shooter, grüezi miteinander. Schön, dass ihr hier seid. Wie geht's euch? Power Shooter, hast du auch mitgemacht? Möchtest du noch mitmachen? Ausrufezeichen Ticket. Ja, jetzt allerletzte Chance. Und dann mache ich zu und dann ziehe ich die Gewinner. 3 Stück. Good luck, everyone. Juti, let's go. Chichimas. Heute nicht ein Power Shooter, okay. Alles klar, alles klar. Dann würde ich sagen, lieber Chat, ich gehe hier drauf. Machen. Close Giveaway in 3, 2, 1. Delay noch abwarten. Und dann warte ich auch nicht länger und sagen: Draw a winner. Snuffies, 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 melde dich. Oh, gemeldet. Die Popcorn, ja genau. Konfetti fliegen. GG. Snuffies. Let's fucking go. Snuffies. Du darfst jetzt noch entscheiden, was du willst. Ja, ich weiss, man ist aufgeregt, man weiss nicht richtig, was passiert. Ganz ruhig. Wir haben 3/4 Stunde Zeit, um das anzuschauen. Gut, vielleicht nicht 3/4 Stunde. Die anderen brauchen vielleicht auch noch ein bisschen Zeit. Aber okay, ich muss gar nicht lange erklären. Go wie! Die grosse Box ist weg mit der HDMI-Box, wo du dir hinten am Monitor auch hinkleben kannst. Und GG's. Snuffies, let's go, das freut mich mega. Und wir gehen da schnell raus. Der Franziskus übergibt dir noch schnell den Preis. Und jetzt darfst du, Snuffies, natürlich noch etwas sagen. Das Mikrofon gehört dir. Einziges Mal, wo ich gewonnen habe. Oh.
Und hoffentlich noch viele weitere Mal, aber vielleicht nicht nur bei mir. Sonst müssten wir nachher immer schreiben, GG Snuffis bei jedem Giveaway, das wir machen. Und der Massi, der verliert der Massi seinen Running Gag. Das würden wir ja nicht wählen. Danke vielmals. Let's go. GG, Sassi. GG Snussi. Nice. So, Chat, wir machen das Foto zusammen mit den Snuffis. Lieber Chat, kommt alle. Eines drauf mit Ausrufezeichen Foto. Machen wir schnell voll 37 von 37. Das sollten wir locker hinbekommen. Alle einmal drauf. Mit Snuffis, mit dem Gewinn, mit mir und euch, Chat. Somebody dance with me. Wenn wir tanzen, Snuffis, wenn wir ein bisschen tanzen. Es sieht komisch aus, wenn ich das mache, Chat. Ich lasse das lieber sein, sonst kommt der Flo vorbei. Kev Knox, grüezi Kev Knox. Du bist leider ein bisschen spät fürs Giveaway, sag's einfach schnell. Aber natürlich trotzdem schön, dass du da bist. Kev Knox, wie geht's dir? Ein Raid-Chat. KXTHII Ein mit 28. Raid. Danke für den Raid. Wie soll ich dir denn überhaupt sagen? Kati? Bist du die Kati oder die Köxti? Die Köxti? Ich sage jetzt mal Kati, ne? Ich hoffe, das stimmt so. Danke für den Raid und hallo liebe Raiders, ich bin der Troy, ich bin aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit viel Interaktivität, Spielereien, viel Gelaber und Hashtag eventuell auch mal Gameplay und Gameplay dann später mit Life is Strange Double Exposure. Und Kati, let's go. Und Raffinia, grüezi, wie geht's euch, lieben Menschen? Denn Kati, wie war dein Stream? Was gab's denn bei dir? Wir machen kurz noch ein Foto. Wir sind direkt in der Giveaway-Ziehung. Giveaway ist aber leider auch schon zu. Wir haben jetzt Snuffis als Gewinnerin gezogen, machen noch kurz das Foto und dann machen wir mit euch, Raiders, auch noch ein Foto und dann ziehen wir den Rest der Gewinner-Chat. Let's go. Kurz alles einstellen hier. Nein, der Name ist drin, URL drin. Blur ist gut. Giveaway Gewinnerin. Let's go. Wir machen das Foto mit Snuffis. Let's go. The fuck? Wieso ist der Rickroll auf dem Foto, Chat? Wieso ist der Rickroll auf dem Foto? Aber nice, love it. Love it. Snuffis, das Foto ab jetzt auf dem Discord. Ausrufezeichen DC. Ich mache dann noch eine Story auf Insta, wo ich dich markiere. Foto kann man sich in physischer Form bestellen. Und jetzt, liebe Raiders, jetzt seid ihr kurz im Mittelpunkt. Wir machen jetzt mit euch ein Foto. Und Kathi, ich danke dir für den Follow, mega lieb. Willkommen nochmals bei mir hier, bei uns, geile Community hier. Und jetzt Chat, alle einmal Ausrufezeichen Foto, vor allem Raiders, jetzt schnell sein. Ausrufezeichen Foto, kommt mit aufs Foto mit Kathi, mir und euch. Es hat 37 Plätze, wenn die voll sind, dann ist voll. Oh, Luna Lovegood, let's go, Kathi, let's go. So, kurz hier noch Notizen machen, damit ich der Kathi auch richtig sage. Kathi, so. Let's go. Jetzt muss ich noch kurz gucken. Kathi, was hast du noch geschrieben? Ich bin aus dem Schwöbeländle. Aus dem Schwöbeländle, aber das ist nice. Ich will auch mitmachen. Jetzt machen wir zusammen das Foto. Luna Lovegood, let's go. Ich gucke noch kurz, ob ich sehe, was es bei dir gab im Stream. Oh, 5-jähriger Twitch-Geburtstag, Kathi. Hey, dann wünsche ich dir alles Gute zu deinem Twitch-Geburtstag. Nice. Habt ihr ein bisschen gejust chattet? Listen. Troy, wir müssen das Foto grösser machen. Wo muss ich listen? Text anpassen, Troy. Ah ja, das mache ich noch. Sorry, bin noch nicht so weit.
danke für den Raid. Let's go. Merci, Specko, danke. Danke, Coles, merci. Wir sind voll, by the way, 37 von 37 Leuten. Volles Foto, Kati. Sehr geil, sehr geil. So, Chat, jetzt zuerst mal das Foto mit Kati noch. Da muss ich kurz überlegen, was ich noch vergessen habe. Ne? Ich muss noch ein paar Sachen erklären. Lieber Ray, das geht auf jeden Fall noch nicht. Es lohnt sich jetzt noch zu bleiben, ne? Weil es gibt da noch einen Bosskampf. Ich sag's jetzt so, wie es ist. Es gibt noch einen Bosskampf. Ihr werdet noch gegen mich kämpfen, Chat. Alle. Ich bin schon alt, 12 Stunden gestreamt. Yo! Hey, Tschüss, danke dir für den Follow, Willkommen hier bei mir. Hey, es hört nicht mehr auf, ne Chat, es hört nicht mehr auf. Hilfe! Hilfe! Mit 23 Lüt. Hanti, Mann. Merci vielmals für den Raid. Danke dir für den Raid. Hanti und liebe Raiders. Holy shit. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ne? Wir müssen eins nach dem anderen kurz machen. Hanti, wie war dein Stream? Und hallo, liebe Raiders. Ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit Interaktivität, Spielereien, Effekten, Hashtag eventuell auch mal Gameplay, viel Gelaber. Und aktuell sind wir noch die Giveaway-Gewinne am Ziehen. Man kann leider nicht mehr mitmachen. Jetzt machen wir noch ein Foto mit der lieben Kati, die vorhin auch geradet hat. Und Hanti, wie war dein Stream? Wir machen ein kurzes Foto. Let's go. Antonio Margareti. Let's go, Kati, hier unser schönes Foto. Ab jetzt auf dem Discord, Ausrufezeichen DC. Und ich mache dann auch eine Story, wo ich dich markiere, sofern ich dich finde auf Insta. Wenn du einen ganz anderen Namen hast auf Insta, dann mach mir doch bitte kurz eine DM, damit ich dich markieren kann, damit ich dich finde. Das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen, Link im Chat. Chat, nur noch kurz ein Foto mit Handy, dann gehen wir wieder in die Giveaway-Ziehung rein. Versprochen. Noch ein wenig Geduld. Ich muss auch Multitasking machen hier. Hanti, wir machen auch noch ein Foto. Du kannst dir was auswählen, alle anderen einmal Ausrufezeichen Foto in den Chat schreiben, dann kommt ihr mit eurem Profilbild mit aufs Foto. Ich begrüße noch kurz Choose, Team Underwater, Hanti natürlich, Ria, Meyer. Wie geht's euch, lieben Menschen? Denn schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr auch mitgeradet seid. Und ich gucke jetzt noch kurz, was ich hier nicht gelesen habe. Jetzt und nun sind wir hier gelandet. Er sagt immer, er landet hier, ne? Und dabei fliegt ihr immer mit dem Raumschiff hier durchs Weltall durch. Kaktor, let's go. So, noch 5 Plätze. Chat, mach noch voll. 5 Plätze, Ausrufezeichen, Foto. Gebt alle noch einmal Ausrufezeichen, Foto ein. Machen wir noch kurz voll hier. 33, 34, 35, 36, 37. Jetzt ist voll. Es hat leider jetzt keinen Platz mehr. Und wir machen direkt das Foto mit dem lieben Hanti. Let's go. Hanti, hier unser Foto, aber jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Und auch bei dir, ich mache eine Insta-Story, eine Twitch-Story, du kennst es ja. Foto kann man sich in physischer Form bestellen, Chat. Und jetzt warten wir nicht länger. Erstens mal, der Bossfight, wo Hanti und Kati Dungeon Leaders sind, machen wir direkt nach der Giveaway-Ziehung. Wir müssen aber noch 2 Leute ziehen, ne? Darum machen wir das jetzt auch, Chat. Wir gehen da nochmals rein für alle die jetzt denken, oh shit, Giveaway, ich möchte auch noch mitmachen, es geht leider nicht mehr. Ne? Ich habe das schon geschlossen. Die Teilnahmen, die sind fix. Ich ziehe jetzt nur noch die Gewinner. Lieber Chat, und da warten wir auch nicht länger. Wir machen falscher Knopf. Draw another winner.
Blake Music. Blake, jetzt muss um sein. Please, bis um. Ich weiss, du bist vorhin schnell hast mitgemacht. Der liebe Blake. Jetzt musst du es claimen. 2 Minuten. 2 Minuten, Blake. Blake Music, please. Einfach einmal in den Chat reinschreiben. Schade, ich muss schnell auf die Zeit schauen. Ja, vielleicht ist er jetzt unterwegs, vielleicht hört er mich, säckelt zum PC. 1,5 Minuten noch. 1,5 Minuten noch, Chat. Also ich kann in dieser Zeit kann ich noch schnell etwas über den Blake Music sagen. Der Blake Music arbeitet am gleichen Ort wie ich. Er hat einmal für die Firma gestreamt, er hat einmal selber gestreamt. Vielleicht kommt das wieder, man weiß es nicht. Und er macht auch Musik. Unter dem Namen Blake Music for Life auf YouTube. Macht er so Rap und so. Ich finde das noch recht cool. Alles auf Gaming, Thema Gaming bezogen. Also da könnt ihr auch mal reinschauen. Blake Music for Life auf YouTube. Unbedingt mal anschauen. Echt geil, was er macht. Echt geil. So, und jetzt sind es gerade noch 40 Sekunden, wo der liebe Blake Music hat. Ich schaue noch mal schnell im Chat, ob etwas gekommen ist. Es wäre mega schade, Blake, aber so sind die Regeln. Ne? Ich biege die Regeln auch für dich nicht. Blake ist genug manchmal markiert worden. Mal schnell hervorheben, wenn es geht. Er hockt auf dem WC und wischt in Windseile ab, ja genau. Und säckelt mit den Hosen da unten am PC und das Scheissepapier hängt noch so, das fliegt noch so hinten nach, es hängt noch so am Arsch. Lieber Blake, es ist jetzt vorbei. Es ist jetzt vorbei. Du hast nicht geschrieben. Auch wenn du jetzt in den nächsten Sekunden noch schreibst, es ist leider zu spät. Und wir ziehen eine neue Person, lieber Chat. Wir ziehen eine neue Person. Let's go. Draw another. Oh, ich muss es noch schnell einblenden, damit ihr es gesehen habt. Transparenz-Chat. Draw another winner. Grüezi Bär, a.k.a. Grizzly. Oh, da muss ich... Yoda? Hallo? Troy, du bist ein Geilshawk. Die Streams sind Unterhaltung. Danke schon. Danke schon. Grüezi Bär. Du, ich habe dich gesagt, du musst schnell raufkommen. Let's go. Grüezi Bär ist rum, claimt sich somit den Preis und wählt jetzt natürlich noch aus, was er will. Grüezi Bär. Grüezi Bär, was musst du machen? Du musst schnell schauen, was du willst. Wir haben von Golvi noch ein Lightstrip, die Nummer 6. Notierst du die Zahl, die du gerne, welchen Preis du willst. Geh schnell durch, kannst du eine Zahl notieren. Dann haben wir von WOG noch die Games. The Last of Us Part 2 Remastered, Until Dawn, Skull and Bones für PC und Xbox, Horizon Zero Dawn Remastered für PS5, FC 25 für Switch oder Xbox. Oder ein 45 Franken Steam-Gutschein. Und wenn du dich für eine Nummer entschieden hast, grüezi Bär, dann machst du Ausrufezeichen Claim, Abstand, Nummer. Nummer 6 Govi. 7 bis 13. WOG.ch Game Keys, wichtig sind Game Keys, die kann ich auch sofort checken. Oder ein Steam-Gutschein, physisch oder digital, dann wie du willst. Ich empfehle physisch. Razer Mouse ist schon weg, hat sich Duty gesichert, lieber Maverick. Hat sich Duty gesichert. Und grüezi Bär, wenn du Fragen hast, frag. Wenn du sagst, hey, wie ist nochmal... 15. Oh, jetzt kommt's. Du musst es noch richtig eingeben, aber dann klappt's. Dann klappt's. Claim Abstand 15. Claim, Ausrufezeichen Claim Abstand 15. Lieber grüezi Bär, und dann hast du dir das gesichert.
Entschuldige, Jutti muss sich nicht entschuldigen. Ja. Das Glück hat Jutti gewählt. Zuerst. Aber Maverick, vielleicht gönnst du auch noch etwas. Es ist noch nicht vorbei. Grüezi Bär, ich weiss, die Aufregung ist groß. Wir sind alle nervös, ich bin auch ein bisschen am Zittern. Let's go. Grüezi Bär, GZ nochmal zu dem. Franziskus übergibt dir den Preis und du bekommst natürlich noch ein Mikrofon. Ich weiss nicht genau, wo das Maul ist bei dieser Kreatur, lieber Grüezi Bär, aber wenn du jetzt etwas schreibst in den Chat, dann wird das vorgelesen per TTS. Was hast du noch zu sagen? Hast du noch Wort an uns, an den Chat? Irgendetwas? Kannst du auch schreiben 3? Sein Glied spricht zu uns. Und ich erkläre in der Zwischenzeit nochmal schnell, liebe Raiders, ne? Hunty und Kati, es ist vielleicht jetzt noch ein wenig untergegangen, aber ich habe es nicht vergessen, der Bossfight, der kommt, nachdem wir jetzt dann nochmals eine Person gezogen haben, dann gehen wir direkt in den Bossfight rein. Also könnt ihr euch schon mal warm machen, ein bisschen ready machen, ne? Zum mir auf die Fresse geben. Das wird episch, Chat. Hat it's nig date. Dank Wilmils. Damit wordy ich Dialoger and Baller spielen aus Bilden kann und Schreihag. Genau, bin ich deiner Meinung. Let's go. Merci vielmals, grüezi Bert, danke vielmals. Ich lese nochmal schnell vor. Nie gedacht, danke vielmals. Damit werde ich die Locher an Ballerspielen ausbilden können. Die Locher, ja, let's go. Hey, grüezi Bär, wir machen noch schnell ein Foto zusammen. Und dann ziehen wir die dritte Person. Also eigentlich ist es schon die vierte Person, aber der liebe Blake ist leider nicht rum gewesen. So, Ausrufezeichen Foto. Einisch, alle. Ausrufezeichen Foto. Machen wir ein Foto mit dieser Gestalt hier. Grüezi Bär, im Gewinn und mehr und euch, Chat. Mongo, let's go, Mongo, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Hello, hello. So, wir sind da direkt voll. Noch nicht ganz. Noch drei Personen, Chat, 3 Personen. Let's go. Nein, wir sind noch nicht voll. Eine Person noch, Chat. Einmal ein Ausrufezeichen Foto. Jemand muss da noch drauf, Chat. Sonst mache ich das Foto nicht, ne? Ausrufezeichen Foto, Chat. Eine Person noch. Danke, gut, komm in der Sekunde vom Dracolorium zurück. Okay, let's go, Mongo. Läuft alles gut? Läuft alles wie geplant? Nice. Ein bisschen sad, dass es mein Profilbild nicht aktualisiert hat. Oh, sehe ich's? Ja, das dauert an einem Moment. Moment, schnell. Nein, ich kann es auch nicht probieren. Wenn ich es zu häufig versuche, dann zeigt es gar nicht mehr. Leider greift es nicht. Ich habe schon einen Refresh gemacht. So, 37 von 37, Chat. Let's do this. Der Pedro ist drauf. Let's go. Pedro auf dem Foto. Grüezi, wer da unser wunderschönes Foto. Aber jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Ich mache dann noch eine Story auf Insta. Wenn ich die finde, tue ich die markieren. Foto kann man sich in physischer Form stellen, lieber Chat. Ich bin voll im Flow jetzt gerade mit dieser Musik, Chat. Das ist unglaublich. Listen bitte bei der letzten normalen Nachrichten. Jutti, was willst du mir sagen? Die letzten beiden Nachrichten muss ich gucken.
Kathi ist schlafen gegangen. Oh, hey Kathi, sorry, ich wünsche dir noch ganz eine gute Nacht, falls du das noch hörst. Danke nochmals für den Raid. War ein langer Stream und ich bin ihr ein bisschen viel auf den Sack gegangen. Oh, Juti, hast du mich empfohlen? Danke dir, Juti, noch. Aber hey, wir machen trotzdem da noch den Bossfight. Du kannst auch der lieben Kathi ausrichten, wenn sie ein andermal noch Dungeon Leader sein will, darf sie sich das auch claimen. Ne? Darf sie kommen, mir sagen, hey, ich war da das letzte Mal nicht dabei, dann holen wir das noch nach mit Kathi. Du bist ja Mod. Ach so, wow. So, na, Joti, let's fucking go. Danke, dass Google auf ein paar Fotos sind auf dem Discord. Hey, wenn wir Zeit haben, gucken wir da noch rein. Zuerst müssen wir mal noch einen Giveaway-Gewinner ziehen. Die letzte Person für heute, Chat. Die letzte Person für heute mit einem Hauptpreis. Mit dem Hauptpreis, lieber Chat. Ziehen wir jetzt noch. Vielleicht gibt es dann noch, es gibt ganz sicher noch ein kleines Eichel-Giveaway. Also vielleicht gibt es noch einen Trostpreis für jemanden, der jetzt nichts bekommen hat. Aber lieber Chat, seid ihr ready? Draw another winner. Double click. Double click jetzt. Ich weiss, du hörst mich häufiger auf den Ohren und bist noch etwas am Machen, bist am Arbeiten oder wie auch immer. Aber jetzt musst du schreiben. Jetzt musst du aktiv werden. Jetzt sagst du den Leuten, jetzt muss ich da schnell 5 Minuten für mich haben. Weil du musst jetzt einen in den Chat hineinschreiben und nachher musst du noch einen Preis claimen. Double click. Wird markiert im Chat. 2 Minuten. 2 Minuten Chat ab jetzt. Oh, Double Click, come on, please. Ich hatte auch mega Freude natürlich für den Double Click. Er hat mir auch mal etwas geschenkt, vergesse ich natürlich auch nie mehr. Er hat mir ein paar Games geschenkt. Double-Click, bitte melden, bitte melden. Oh, come on. Er hat noch nicht geschrieben, oder? Ich schaue auf die Uhr. Chat, ich muss auf die Uhr schauen. Double-Click. Noch 1 Minute, Chat. Noch 1 Minute. Ich schenke mir da mal schnell ein bisschen Rummi. Ja, und leider, nein. So funktioniert das nicht. Ich hätte jetzt können sagen, so, wir haben das Giveaway durch, lieber Chat. Hey, nein, du Siech, hey, jetzt hast du fucking nur noch ein paar Sekunden gehabt. Nur noch ein paar Sekunden, aber er ist da, lieber Chat. Er ist da. Der Double-Click ist da. Um sich einen Preis claimen. Let's go! Nice one, dear fucking Lord! Also, Double-Click, du hast auch schon ein paar Mal miterlebt, wie das funktioniert. Ich gehe gerade, wenn wir gerade Skull and Bones einlösen. Wenn wir direkt schon gerade Skull and Bones einlösen. Also, das Zeug jetzt zu claimen, du darfst dir Nummern auswählen. Du kannst claimen mit Ausrufezeichen Claim Abstand Nummern. Und wir haben noch ein 45 Franken Steam-Gutschein. Von Brack haben wir leider nichts mehr. Wir haben von Govi noch einen Lightstrips Nummer 6. Ein Lightstrip kann man installieren, wo man will, ansteuerbar, soweit ich weiss, über die Govi-App. Sicher cool, wenn du einen Lightstrip brauchst. Wenn du sagst, nein, ich bin halt ein Gamer, dann kannst du dir einfach auch direkt so einen Key claimen. Game Keys von WOG.ch gesponsert. Ein paar sehr, sehr geile Games dabei. Also The Last of Us Part 2 Remastered, sehr geil. Ich hätte selber gerne Horizon Zero Dawn Remastered. Da würde ich mir jetzt wahrscheinlich noch gönnen. Until Dawn, ja, auch geil. Skull and Bones. Wenn es einem liegt, FC 25 ist jetzt auch nicht so mies, aber hey, wenn ihr es geil findet, go for it. Und 15 war das Steam-Gutschein. Also, dann machst du
Ausrufezeichen Claim, Abstand 15 für den Steam-Gutschein Double-Click. Und dann, genau. Oh, Kati ist noch hier, let's go. Kati, sorry, dass ich dich vielleicht vorhin überlesen habe. Ne? Und ich will dich auch nicht aufhalten. Wenn du schlafen gehst, dann gehst du schlafen und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht und ich danke dir nochmals für den Raid. Ne? Mega lieb. Hey, und GZ, nochmal, liebe Double-Click, somit wären wir alle Steam-Gutscheine los und Franziskus übergibt dir das Steam-Gutschein noch. Und natürlich darfst jetzt du noch etwas sagen. Hä? Weil das Schneuzli, das halbe Schneuzli, das wir hier auf dem Avatar haben, das kann reden. Das nächste, was du schreibst, lieber Double-Click, wird per TTS vorgelesen. Und wir hören hin. Und nachher, lieber Chat, hatten wir die Giveaways durch für heute. Die nächsten gibt es am Montag. Also die nächsten Haupt-Giveaways gibt es am Montag. Es hat noch ein paar Preise. Einmal Govi und dann von WOG noch die Game Keys. Und dann gibt es natürlich immer mal wieder Eicheln. Und nachher gehen wir noch in den Bossfight rein. Und wenn Kati noch hier ist, kann Kati vielleicht tatsächlich auch noch ein bisschen dann beim Bossfight mitwirken. So wie Hunty, die beiden Dungeon Dear Leaders. sirs and madams, it has been an honor and a joy to steal the last Stemguchi from you, Charlie. Stemguchi. Let's go. Huh? Frech. Aber es ist so. Double-Click, Dave, let's fucking go. Es freut mich, dass du noch oben bist. Wir haben vorher schon jemanden gezogen, der nicht oben war und das tut mir schon ein bisschen weh. Aber du hast dir das noch geclaimt und das finde ich natürlich mega nice. Wir machen noch schnell ein Foto mit dem lieben Double-Click-Chat, bevor wir dann in den Bossfight reingehen. Ausrufezeichen Foto, Ausrufezeichen Foto. Alle einig bitte schnell eingeben. Dann machen wir hier mit dem Dave im Steam-Gutschein und mir noch ein Foto. Listen! Geh mal weg da. Kokainum. Kokainum, ja, ist gut. Was muss ich lesen? Ich gucke kurz bei Carnage noch. Hat der Carnage noch was? Ich löse mal auf, wie ich mich zu Beginn des Streams vorbereitet habe. Ich habe mein Profilbild geändert zu, ja genau. Ah, der Rick, du bist der Rick. Oh mein Gott, wie geil. Carnage, nice one. I like, huh? Let's go. Nice. Sehr geil. Merci für ein Bit, Double-Click, nice one. Danke vielmals für den Support. So, Chat. Jetzt sind schon, viele sind jetzt schon weg. Aber wir haben noch ein bisschen Platz, Chat. Vielleicht bringen wir es ja noch mal voll auf 37, aber letzte Chance, Ausrufezeichen, Foto. Weißt du, Double-Click, jetzt gibt es so viele, die jetzt denken, jetzt hat der Double-Click mir einfach noch den letzten Steam-Gutschein geklaut. Der hure Lümmel, der hure Sautdoppel. Nein, die Leute sind noch hier, das weiss ich auch zu schätzen. Mega, mega lieb. Lieber Chat, da wäre echt noch cool, wenn wir da noch einmal auf 37 raufkommen. Nehmt noch eure Accounts schnell für den Chat. Bringen wir es noch schnell auf 37 auf, Ausrufezeichen, Foto. Und ich muss noch schnell schauen, stimmt alles? Giveaway gewinnen, das stimmt. Hey, hat da jemand eine Ahnung, warum mein P... Jetzt hat der Grüezi-Bär zu früh Enter gedrückt, oder? Jetzt hat er zu früh Enter gedrückt. Wieso das immer so ist, das weiss ich nicht. Grüezi-Bär, ich sehe halt auch das, wenn ich auf dein Profilbild klicke. Und das ist das, was mir halt auch anzieht. Aha, nein, jetzt sehe ich es anders. Ich könnte mir vorstellen, wieso... Ich kann mir vorstellen, dass Twitch so eine, vielleicht noch ein bisschen Delay hat, bis Twitch über die API die Bilder ausspielt. I don't know. Bevor wir das Bild machen, drücke ich einfach auf den Knopf, dann kann es sein, dass es noch aktualisiert. Und sonst kann ich nichts machen. Oder ich kann da noch mal... Du sollst drei. Use Gawi in Rust once. S-word. Okay, Yoda.
Okay, ja, da. Okay, da haben wir noch die 2 Bots vom Highway Racer, die noch auffüllen. Let's go. Dann nochmal schnell. Grüezi Bär. Nochmal schnell. Wir probieren das noch schnell. Refresh Avatar, Grüezi Bär. Nein, leider zieht es nicht das Neue an. Ich habe nochmal schnell einen Refresh gemacht. So, Chat. Wir machen ein Foto mit dem lieben Dave. Mit dem Metal Dave. Alles. Alles. Alles tut's mir weh. Es gibt Leute, die sich ein bisschen undankbar und frech verhalten, wenn es um Giveaways geht. Das ist sehr schade. Seid doch ein bisschen dankbar. Das ist alles. Habt euch alle lieb. Ruth Miktrop Herz. Jenny, merci für diese Worte. Gibt es immer. Also ich werde jetzt da auch niemandem zeigen. All die das jetzt hören, ihr seid sicher nicht betroffen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ja, gibt es immer mal wieder. Mir ist wichtig, dass wir da zusammen eine gute Zeit haben, lieber Chat. Mir ist wichtig, dass ich euch eine Freude machen kann. Und feiern wir die Zeit auch ein bisschen zusammen. Das wollte ich jetzt noch schnell ergänzen. Jenny, merci vielmals. Wir machen ein Foto. Let's go. We're done. When I say we're done. Walt, gang bitte weg. Wir wollen das Foto noch schnell anschauen, okay? Komm, gang wieder kochen, okay? Der Walt ist halt wirklich drauf. Hey, Double-Click, da ist ein Foto. Geiles Foto, volles Foto. Der Walt ist noch vertreten. Viele geile Leute, lieber Chat. Love it. Das Foto ab jetzt auf dem Discord, Ausrufezeichen DC. Und ich mache dann noch eine Insta-Story. Dort sollte ich die markieren, müsste, glaube ich, funktionieren. Und Foto kann man sich in physischer Form bestellen, lieber Chat. So. This is fine, Chat. Wir haben nicht mehr viele Giveaways, wir haben noch ein paar Sachen, die ich verlose. This is fine, Chat. This is fine. So, noch schnell kurz über den Chat rein. Eine schnell über den Chat rein. Ich will hier schauen, dass ich nichts verpasst habe. Oh nein, Double-Click, der Troy hat das erst jetzt gesehen. Dreh deinen Kopf auf die Seite, damit es aussieht, als hättest du einen Rastschwanz. Das Ding ist, ich habe mir schnell überlegt, so etwas zu machen, aber dann verdecke ich eben Avatars. Dann verdecke ich irgendjemanden. Sorry. Dave, der Troy, es wäre ja viel schöner gewesen, wenn ich aufs Bild gekommen wäre. Sind wir ehrlich, oder? Das wäre untoppbar. Aber wir haben trotzdem ein schönes Foto. Haben wir auch schon mal ein Foto gehabt, zusammen Double-Click. Ciao Perle, hey, der Schippo auf MSN. Der Schippo ist auch auf MSN. Ich finde es geil, wie der Schippo mega schnell so ein bisschen die Traditionen da in unserem Channel so kennenlernt und auch direkt einsetzt. Der Schippo, da finde ich echt nice. Da, Schippo für dich. Sehr gut. Hey, gute Nacht, liebe Lilo. Möge deine Nacht so friedlich sein wie die Eichel namens Franziskus, die sanft unter dem schützenden Blätterdach ruht. Träum süß von exotischen Inseln, wo Ananas in der warmen Sonne reifen. Das finde ich jetzt noch schön. Finde ich schöne Träume. Lilo, Multipass nicht vergessen, he? Sonst kommst du nicht auf die Insel. Lehnt es dich nicht rein, lehnt es dich nicht drauf. Hey, wieso tun ihr mich eingefrieren? Kathi, du bist eine hübsche Frau, Kathi, ich nicht. Dir kann ich das Wasser nicht reichen, Kathi. Und Rina ist halt verliebt, aber das ist verständlich. Das ist verständlich. Ich schaue noch schnell, als ich allen gute Nacht sage. Gute Nacht, Microminer. Jamun?
Jetzt lässt es halt Troilina nicht mehr vor. Der Jamon hat sich jetzt schon so gemütlich gemacht im Bett mit den Kopfhörern und jetzt hört er wieder meine Stimme. Träum von aufregenden Abenteuern mit deiner Merch-Tasse in deiner Hand und einem Spielzeughammer als tapferer Begleiter. Lass dich von den Sternen in den Schlaf wiegen. Jamon. Lilu Dallas Multipass. Multipass, nicht vergessen. Multipass. Der Multipass. Mach's gut. Tschüss, Jamon. Bye, bye. Hey, kein Problem. Ich wünsche natürlich allen, die ich nicht mehr lese vor den Festtagen, schöne Festtage. Lilu, falls man sich nicht mehr liest. Jamon, falls man sich nicht mehr liest. Schöne Festtage. Ich hoffe, ihr habt es nicht empfohlen, als wäre ich undankbar. Also Doubleclick, ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Nein, also du bist ja wirklich... du bist schon immer da, du bist im Lurk und du bist ja auch etwas am Machen nebenbei. Also, ich glaube nicht, dass das an dich gerichtet ist. Also von meiner Seite auf jeden Fall nicht. Ich schätze das wirklich sehr fest und nach dem recht stressigen Tag beim Arbeiten ist das ein mega schönes Highlight. Habt ihr Schlitten jetzt? Jetzt sind wir da so einen schönen Text am Vorlesen, Mann. Ist das ein mega schönes Highlight von meinem Tag. Es tut mir leid, dass ich jetzt vielleicht jemandem den Key gestohlen habe, aber als OC-User ist neben Steam-Gutschein North Skull and Bones eine Option gewesen. Und Dear fucking Lord, nehme ich das nicht. Ich wünsche allen viel Erfolg beim nächsten Giveaway und drücke euch die Daumen. Danke für die netten Worte. Doubleclick, das sehr nette Wort, sehr schöne Wort, das kann ich nur unterstreichen. Danke auch dir. Yoda? Yoda? Go, boss fight, Troy. Ja, also gut. Ihr seid nur da wegen dem Bossfight. Scheiß auf die Giveaways, scheiß auf den Content auf Troilina. Ihr seid nur hier wegen dem Bosskampf-Chat. Ja, lieber Chat, ich glaube eben, es ist soweit, oder? Ich glaube, es ist jetzt soweit. Fühlt ihr das, Chat? Spürt ihr das? Jetzt werde ich das zweite Mal in Folge gönnen, Chat. It's morphin' time! Dragon Sword! Mastodon! Pterodactyl! Triceratops! Goldene Flügel! Tyrannosaurus! Yay, ich habe doppelte Flügel. Six working together to fight evil! Ich bin völlig verwirrt. Wo sind wir da? Was machen wir da? Ich will doch noch in den And stop Rita and all her menacing monsters! From destroying our planet Earth and ruling the universe with evil! Look out, Rita! We're not backing down! Swear the power! Chest of Hammers! Chat. Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe mich selber verwirrt. Chat. Kurzes Tutorial für alle, die vielleicht das erste Mal dabei sind. Kurzes Tutorial. Wenn der Bossfight losgeht, mach kurz auf Hochdeutsch. Ne? Hunty und Kati sind Dungeon Leaders. Pro Runde habt ihr 3 Aktionen. Ihr votet für jede Aktion mit diesen Chatbefehlen. Dungeon Leaders haben Dreifach-Votes, können also am meisten Einfluss nehmen. Ihr habt 3 verschiedene Angriffe, machen unterschiedlich Damage, haben unterschiedliche Trefferwahrscheinlichkeiten. Mit Kaffee-Trink hielt ihr euch. In der Mystery Chest kann alles Mögliche drin sein. Starke Angriffe, starke Heilung, Damage für uns beide kann aber auch leer sein. Mit Franziskus schenkt ihr dem lieben Franziskus hier Liebe. Mit seiner Leviathan-Axe. Denn der Franziskus kämpft für mich und kann bis zu 400 Damage machen. Ihr senkt die Chance, mit Ausrufezeichen Franziskus, dass er diese Attacke gegen euch macht. Genau. Und bevor es losgeht, gucken wir kurz. Ihr habt keine Karten. Ihr könnt nicht mal für eine Karte voten, Chat. Ja, seid ihr denn ready? Ist der Hunty noch hier? Ist Kati vielleicht? Kati ist noch hier. Muss mir das merken oder steht das nachher? Das steht noch da. Das steht da, also müsst ihr euch gar nichts notieren. Und wenn es jetzt auch das erste Mal ist, Kati, du findest da schon rein. Guck einfach, was die anderen im Chat machen. Dann funktioniert das auch. Der erste Buchstabe geht, by the way, auch Ausrufezeichen A
anstatt Ausrufezeichen. Angriff geht auch. Das machen die meisten dann auch. Ich lebe noch. Aber nicht mehr lange. Hey Ron, ist doch nur ein bisschen Tante vor dem... Kati und Hanti, ihr wollt mich besiegen? Chat, votet für eure Wunschaktionen. Votet mit dem Chatbefehl für eure Wunschaktionen. Wir haben schon 12 Votes. 12 Votes sind auf der Mystery Chest. Ich mache Hochdeutsch. Ich mache Hochdeutsch, damit mich Kathi auch versteht. Und die Raiders dann auch mich verstehen. Juti, Level 4. Mit der ersten Mystery Chest. Hamster übrigens, grüezi, Hamster CH. Wie hast du es schön bestanden? Hi. Was hat jetzt Juti gemacht? Da ist ja gar nichts passiert, Chat. Da ist ja gar nichts passiert. Hat Juti wieder was Falsches gezogen? Hans-Uli, grüezi, wohl schön bestehen. So, Chat, votet für eure Wunschaktion. 15 Votes auf der 18 Votes auf der Mystery Chest. Ich glaube, da kam von Kati tatsächlich auch der Dreifach-Vote rein. Dungeon Leaderin Kati. Mit Sass. Das ist... Nein, Kati. Also, das ist dein erster Eindruck hier. Von mir. Ich bin Sass. Oh, come on. Oh, verdammt. Chat. Okay, nicht schlecht, Kati. Nicht schlecht. War eine sehr, sehr gute erste Mystery Chest. Im Gegensatz zu Jutis Mystery Chest. Jetzt habe ich Bock auf Among Us. Oh, ja, ist halt hier ein Among Us-Meme drin, ne? Hey, aber... Nein, aber jetzt, Jenny, woher kommen jetzt die Sternchen? Jetzt ist es weihnachtlich geworden bei der Jenny. Oh, Schaden für uns beide. Schaden, Chat für uns beide. Wir haben gerade eine gute Serie geguckt, aber eine ganz schlechte Staffel von der Serie. 200 Schaden für uns beide. Somit bin ich an der Reihe, Chat. Und ihr habt ganz vergessen... Oh, shit. Das wäre ein neuer Rekord, Chat. Wenn ich jetzt einen Mjölnir ziehe und 500 Damage mache, dann wäre das ein neuer Rekord. Dann wäre das mein Speedrun, Chat. Ich kann 500 Damage machen. Die Chancen sind aber verdammt gering. Okay, ihr habt Glück gehabt. Ich heal mich hoch mit dem Hammer of Healing. Und ich mache aber auch noch ein bisschen Schaden. Der Druck, Chat, der Druck wächst. Der Druck wächst und ihr müsst healen, würde ich jetzt mal sagen, ne? Healen sicher, was das sein muss in dieser Runde. Dann werdet ihr wahrscheinlich noch ein bisschen Damage versuchen zu machen. Ich erinnere an, oder ich sage noch kurz für alle, die neu sind, wenn Twitch-Chat euch sagt, ihr könnt nicht mehrmals dasselbe reinschreiben, macht ihr einfach Abstand und irgendwas hinter den Befehl. Das geht dann auch. Weil wenn ihr natürlich mehrmals Ausrufezeichen K schreiben müsst. Blake Music, wo bist du gsi, wo ich dich gezogen habe? Du hast deinen Preis verpasst. I'm so sorry. I'm so sorry. Aber du hast deinen Preis verpasst, auch als ich es schnell gesagt habe. Und es ist so, wie es ist. Aber hey, Blake Music, du darfst natürlich auch gerne. Ich bin am Montag nochmal live, ich bin bis Ende Dezember noch ein paar Mal live. Es hat so lange wie es hat noch Preise. Du darfst auch gerne noch. Sehr simpel. Jetzt lass mich mal ausreden. Ich werde da im Blake Music erklären, wie er trotzdem noch gewinnen kann. Chat. Also was ich will sagen, es gibt noch ein paar Chancen. Montag sicher, dann Donnerstag, dann Samstag wieder. Ich
Bis wir all die Preise los sind. Und dann kannst du vielleicht dir nochmal eine Chance sichern. Aber heute hast du sie leider verpasst. Und jetzt Barracks, grüezi wohl Barracks, wie hast du es schön, dass du da bist. Irgendein Barracks kommt da ein Coup Vermicell aus der Mystery Chest raus. Irgendein ist. Schippo. Leer. Ach, Schippo. Ja, das war wohl nix, ne? Das war wohl nix, Schippo. Nächstes Mal dann nochmal vielleicht etwas rausziehen. Du musst halt auch etwas nehmen. Nicht einfach nur anschauen. Chat, ich bin an der Reihe. Ich bin an der Reihe. Ihr habt halt dem Franziskus keine Liebe geschenkt, Chat. Keine Liebe für den Franziskus. Und der Franziskus, der hat jetzt auch mal was zu sagen. Ja, leider nicht so viel, wie ich mir erhofft habe mit 250 Eicheln. Franziskus, du hast da irgendwie einen Fleck. Wo ist der? Der Franziskus muss wieder mal duschen, Chat. Troy, der Imposter, cheatet. Ihr cheatet, Chat. Ihr cheatet. So, Chat, haut raus eure Befehl. Was haben wir? 17 Votes auf der Mystery Chest again. Ah nein, auf dem Kaffeedrink. Holy. Oh, verschüttet. Verschüttet. Also, ihr habt jetzt verschüttet. 10%ige Wahrscheinlichkeit besteht beim Kaffeetrink, dass der verschüttet. Aber wenn ihr den in der ersten Aktion macht, dann sind die Chancen gut, dass ihr doch noch healen könnt. Aber ihr müsst eine weitere Aktion opfern, um den Heal zu machen. Ueli, probiert den Heal nochmal. Ach, Chat. Und ihr habt noch die dritte Aktion, Chat. Die dritte Aktion, Runde 3. Was darf es sein? Ein weiterer Heal. Jetzt noch ein bisschen Damage. Es sieht nach Heal aus. Kaffeedrink 12 Votes, 13 Votes. Die Meinungen gehen aber auch ein bisschen auseinander. Ne? Da gibt es auch Leute, die sagen, hey, aber der Franziskus, ne, der macht Damage. Aber der Heal, Kati sagt sich jetzt auch, der Heal ist mir wichtiger. Und Kati ist ein Dungeon Leader. Die darf das, ne, Chat. Somit bin ich wieder an der Reihe, Chat. Was mache ich denn mit euch? Chest of Hammers. Meine Mystery Chest. Da kann auch vieles drin sein. Hammer of Protection, okay, den nehme ich. Mache ich auch noch ein bisschen Schaden. Ich bekomme mein Schild. Ich mache Schaden. 214. Ich habe das Gefühl, ihr müsst jetzt wahrscheinlich, oder ihr wollt nochmals heilen und danach wird wahrscheinlich der Schaden reinkommen. Mein Schild absorbiert einmal Damage, egal wie viel. Am besten kriegt ihr das Schild mit einem Angriff weg, ne? Hohe Wahrscheinlichkeit. Schaden ist ja egal, weil ich absorbiere sowieso. Und ich glaube, das ist jetzt auch der Plan. Tliabo. Trifft nicht. Tliabo hat das Schild vor sich, holt aus und trifft nicht, Chat. What the fuck? What the fuck? Chat, come on. Oh shit, das hat jetzt halt eine Aktion gekostet, ne? Jetzt, ihr kommt jetzt ins Schwitzen, ne? Also der Kaylee, der sitzt, Schild weg. Jetzt ist aber die Frage, was macht ihr mit eurer dritten Aktion jetzt? Muss da noch mal ein Heal rein? Möchtet ihr eher Schaden machen jetzt? Oh, Chat. Schwierig. Ich glaube, Kaffeedrink. Die meisten Votes auf dem Kaffeedrink. 11 Votes auf dem Kaffeedrink. SDTLC heilt. Okay, Chat. Chest of Hammers. Es bleibt spannend.
Ich muss euch unter Druck setzen, weil es ist jetzt auch an der Zeit, wo ich euch sage, ne? Nein, das ist Kack, das ist nix. Oh no, das ist nix, das ist gar nix. Ich muss euch jetzt auch sagen, Chat, ab Runde 6 mache ich mehr Damage. Ab Runde 6 bekomme ich einen Damage Boost, 10%. Ab dann mache ich bei jedem Angriff mehr Damage und das steigert sich dann alle 3 Runden. Also vorsichtig sein, ne? Nicht zu viel Zeit auch verschwenden. Calls mit der Mystery Chest. Mit dem Kaffeetrink. Bringt der... Okay, der... Ja, why not? Das ist ein bisschen Overheal, ja. Holy shit, okay. Ein bisschen Overheal. Oh, nochmals eine Mystery Chest. Jetzt erhofft ihr euch halt einen Damage, ne? Aber die wird leer sein, Chat. 13 Votes auf der Mystery Chest. Wer führt aus? Dave, oh nee, das kommt nicht gut. Der Dave, der weiß, was er macht. Der weiß, was er macht. Der zieht da seine Strats raus. Okay, Shield of Reflection. Ja, indeed Strats, ne? Jetzt, ihr wollt mich unter Druck setzen, Chat. Ihr wollt mich unter Druck setzen. Oh no, come on. Oh, come on. Pistole, 12 Votes. Okay, ich hätte mir jetzt gedacht, ihr macht eine Mystery Chest, ne? Herbsti. Schießt. Hat den Herbsti da... Ich sehe da gar keine Augen. Da kannst du ja gar nicht treffen, Herbsti. Ihr müsst jemanden nach vorne schicken, der da auch Augen auf dem Avatar hat. Cheater. Ja, jetzt, Chat, ne, jetzt. Okay. No risk, no fun, Chat. No risk, no fun. Okay, das ist... Jetzt stellt sich noch die Frage... Okay, gleicht sich aus. Ich bekomme ein Schild, mache Schaden auf euch, ihr reflektiert, geht auf mein Schild. Ist nichts passiert unterm Strich, außer dass ich jetzt mehr Schaden mache und ihr, Chat, das Schild nicht mehr habt. Spannend. Was haben wir? 10 Votes auf der Mystery Chest. 15 Votes auf der Mystery Chest. 16. 17. Kati. Öffnet die Mystery Chest. Kati, du kannst nicht immer Glück haben. Ne? Ich sag's dir, wie es ist. Okay, never mind. Das war viel Damage. Ihr habt aber auch noch was abbekommen, ne? Das ist halt Flächendamage. Da bekommt ihr auch noch was ab, aber nicht viel. Nicht viel. Ach, Chat, oh mein Gott. 20 Vote auf der Mystery Chest, oh come on. 20 Votes auf der Mystery Chest. Wer führt aus? Tiger. Du müsstest eigentlich schießen. Ne? Du müsstest mit der Pistole da nach vorne kommen und dann schießen. Nein. Prepare to feel the weight of Mjolnir's judgment. Eine 1 ist gut, eine 1 ist nicht viel Damage, Chat. Einmal 69 plus noch ein bisschen obendrauf. Ihr nehmt auch noch 12 Damage. Troilina... ist die Torlina, ne Chat? Die Torlina. So, jetzt ist die Frage, was macht ihr? Ich habe noch 363 HP. Ich mache 10% mehr Damage. Ihr seid also aktuell safe. Außer, und das könnte jetzt vielleicht ein Fehler sein, wenn ihr eine Serie zieht, ey Lannister.
Oder vielleicht, also ein Giveaway-Preis ist leider nicht mehr drin. Okay, oh, das wäre jetzt meine Chance gewesen, wenn da eine Serie rausgekommen wäre. Dann hättet ihr euch selbst auch Schaden zugefügt, Chat. Das wiederum ist nice, weil jetzt habe ich erst recht keine Chance mehr. Ich kann wieder Druck machen, ja. Scheiße. Franziskus, let's go. Franziskus mit seinen 400 Eichen, hoffentlich. Plus 10. Oh, nee. Ja, auch der Franziskus macht 10% mehr Damage, Chat. Das heißt, das wären dann jetzt 275 Damage. Oh, shit, Mann. Das ist nicht das, was ich wollte, Chat. Das ist nicht das, was ich wollte. 9 Votes auf der Mystery Chest. Oh. Ich weiß nicht, ob ich die Runde überlebe, Chat. Ich weiß es nicht. Hans-Ueli guckt mich cool an mit seiner Sonnenbrille. Öffnet die Mystery Chest. Oh shit, das macht Damage. 300 bis 350. Überlebe ich? Das überlebe ich. Aber ich weiß nicht, ob ich dann... Danach das überlebe, was ihr mit mir macht, Chat. Hört mal auf. Dieses verdammte Geschrumpfe hier. Ich habe noch 34. Jutti so. Jutti, lachst du mich aus, Jutti? Ihr wird nicht gelacht. Nee, doch nicht mit dem Angriff, Chat. Come on, das muss doch episch sein. Hey Freya, grüezi Freya. Wie geht's dir, Freya? Und sorry, ich muss mich schnell entschuldigen bei dir. Letztes Mal habe ich dich komplett überlesen. Habe ich erst im Nachhinein gesehen. Freya, wie hast du es? Nein! Come on, Kaylin, no! Nope. Loot! Loot! Hey, Loot! Ja, Obi-Wan, ich weiß jetzt auch, ja. Ist halt, war unlucky, ne? Ja, Obi-Wan. Ich hatte Flügel, Obi. Sie haben mir die Flügel weggenommen. Ich hatte den High Ground, Obi-Wan. Ach, Chat. Merci für den. Like marijuana. So, Chat, hey, well played. War ein guter Fight. Kati, ich weiß, Hanti war auch noch dabei, war ein guter Fight. Chat, ich guck nachher, ihr habt noch Experience Points bekommen, ne? Jetzt, wo ihr mich besiegt habt. Ich guck nachher, was da alles noch gedroppt ist. Wo ist es denn hier? Ah, hier, 601. 601 XP wurden verteilt, Chat. Juti, Tiger und Jenny und Swiss Uli haben einen Avatar-Rahmen freigeschaltet. Einen zufälligen, wahrscheinlich aber Silber. Und was haben wir denn hier für Bosskampf-Levels, Chat? Was sehe ich hier für Highlights? Öpfelmosch mit Level 8, hey. Hans-Uli mit der Spielzeughammerkarte, nice. Ich bin immer dafür, dass man beim Verschütten noch ein bisschen Schaden macht. Weil heiß. Das wäre aber auch geil. Nein, aber der Kaffee trinken ist ja nicht heiß. Der ist ja kalt. Carnage mit Bosskampf Level 6. Auch schon. Geil. Stroh-Dave mit Bosskampf Level 6. Oh, Fienchen auch mit Level 8 am Flexen. Nice. Hey, und Liabo. Da muss ich schnell sein. Gute Nacht, Liabo. Möge die Macht der Lichtschwerter deine Träume erhellen und voller spannender Easter Eggs sein. Schlaf gut und träum süß. May the Force be with you. Hey, Liabo. Ich hoffe natürlich, dass ich
dass die Akku noch schnell habt, weil ich dir noch etwas ganz Wichtiges sagen. Also Ziliabo, Akku bitte, habt noch schnell durch. Ziliabo. Ziliabo. Mach's gut. Mach's gut. Schön, dass du dabei gewesen. Und auch für alle, wie auch für dich natürlich, wenn man sich nicht mehr lässt vor der Weihnachten. Montag bin ich noch live, Montag bin ich rum. Wenn man sich nicht mehr lässt, wünsche ich dir ganz schöne Festtage. Geniesse es und sonst sicher bis zum nächsten Mal. Nur Streamer können in dem Fall einen Rahmen haben. Nein, Ziliabo, alle. Wenn wir ab Level 5 droppen die Rahmen. Für alle schnell, ab Level 5 können Rahmen droppen und die einen haben, können sich dann ausrüsten und da muss man nicht Streamer sein. Da muss man nicht Abonnent sein. Alle bekommen so einen Rahmen irgendwann. Und zuerst kommen die silbrigen, dann kommen irgendwann die goldigen und dann kommen irgendwann die zusätzlichen Dekorationen, die ihr ausstatten könnt. Die bekommen ihr aber, glaube ich, erst ab Level 15 oder so. Ja, dann könnt ihr noch kombinieren, dann könnt ihr sagen, ich will diesen Rahmen und diese Dekoration haben. Und dann brennt das Zeug noch, Chat. Dann brennt es noch. Im nächsten Bossfight kann ich es sonst vorführen. Ich habe die nämlich ausgerüstet bei mir. Hey, und gute Nacht, Kati. Kathy got Utschlaf. Da ist Text kommen. What? Okay. Schlaf gut und träum süß von glänzenden Murmeln, die mit Murmelpolitur poliert sind und von Murmelbananen, die fröhlich durch die Luft murmeln. Nein, das steht hier nicht. Und von Bananen, die fröhlich durch die Luft wirbeln. Bis bald. Kathi, danke dir nochmals für den Raid. Mega lieb. Danke auch Juti, ne? Und danke, dass ihr eure Community auch mir anvertraut habt. Das ist sehr schön. Und es war ein sehr geiler Bosskampf. Sehr geil. Und Kathi, auch dir schöne Festtage, wenn man sich nicht mehr lesen sollte vorher. Genießt die Festtage. Und die schöne Musik da noch dazu. Mach's gut, Kathi, bye. Genau. Wir gucken hier kurz an, wenn ihr Set-Avatar-Frame macht, Ausrufezeichen Set-Avatar-Frame, dann sagt euch der Bot, welche ihr habt. None ist einfach keins, das haben alle. Und danach noch die ihr jetzt in den Drops erhalten habt. Und Silver 1, dann kannst du eigentlich Set Avatar Frame Abstand Silver 1 machen und dann rüstest du dieses Silver 1 aus und ziehst das im Bossfight drin. Sorry, ich will dich nicht nerven. Ich habe dir im DC einen Videoclip geschickt bezüglich Massi. Nicht gut, aber vielleicht lustig. Hey, es ist ein Twitch-Clip, Rena. Es ist ein Twitch-Clip. Ich guck nachher kurz. Lass mich noch kurz runterscrollen. Kurz noch die wichtigsten hier. Mann, Troy, das Mal hast du mich voll verwünscht. Hat tatsächlich F5 gedrückt. Aber den ich verwünscht habe ich nicht verwünscht, oder? Mit dem Tiliabo. Den habe ich ja. Aber weißt du, der Tiliabo, ich weiß ja nicht, was der für einen Akku hat. Mit 1% Akku. Und der ist einfach immer noch da. Also mein Smartphone, das stellt schon bei 3% ab. Cookfrax, hey, schön, dass du dabei bist. Es ist Zeit, dass du die Glühwürmchen langsam... Was? Dass die Glühwürmchen langsam ihre Lichter löschen und der Jurassic Park der Träume sich öffnet. Lass dich von den Dinos in eine friedliche Nacht begleiten. Gute Nacht. Cookfrax, auch schön, dass du dabei bist. Und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Schlaf gut. Wenn man sich nicht mehr lässt, auch dir schöne Weihnachten, schöne 4 Tage. Bye, bye, tschüss. Was hast du eigentlich für ein Profilbild? Ich bin der mächtige Mjölnir, der Motthammer. Er ist der Mjölnir. Das habe ich nicht gewusst, Chat. Das habe ich nicht gewusst. Aber, lieber Chat, der Motthammer hat eben auch ein bisschen Identifikationsprobleme. Aber er hat tatsächlich ein neues Profilbild bekommen.
Da fragt man sich natürlich, wieso? Wieso hat jetzt da ein neues Profilbild? Könnte es schon ein Teaser sein für etwas? Gute Nacht, liebe Jutti. Lass dich sanft ins Traumland gleiten, umgeben von Herzchen und Glitzer. Morgen erwartet dich sicherlich neue... Ich kann nicht mehr lesen. Ich probiere es nochmal. Morgen erwarten dich sicherlich neue Abenteuer und vielleicht auch ein leckeres Gipfeli zum Frühstück. Schlaf gut und träum süß von einer Welt voller Murmelpolitur. Auch bei dir Murmelpolitur, Jutti. Mach's gut, schön warst du hier. Danke für die Empfehlung oder für den Raid in dem Sinne indirekt. Und ich denke mal, man liest sich am Montag nochmals, aber auch dir dann schon mal schöne Feiertage, Jutti. Und mach's gut, bye bye. Ja, das 1% hat da mal am längsten. Ja gut, dann ist schon so der Stromsparmodus drin, oder? Was gehen jetzt alle geschlafen? Nein, Spaß, allen, die gehen geschlafen, gute Nacht. Ja, wer tut zu, die wissen nicht, dass wir nochmal ein Giveaway machen. Ja, gut, ein Eichel-Giveaway. Ein Eichel-Giveaway, ja genau. Ein Eichel-Giveaway, das kommt vielleicht noch nach Mitternacht. I don't know. Es ist ja wieder Samstag auf Sonntag. Wir müssen morgen nicht arbeiten, oder die meisten nicht. Die meisten nicht. Und jetzt melden sich dann alle, die morgen arbeiten müssen. Schreiben ja aber Troy, hallo? Selbstgebastelter Clip, deswegen konnte ich... Okay, dann gucken wir uns das jetzt an, Chat. Ich hole mir den Rina, danke dafür. Chat, hebt euch fest. Hebt euch fest, Chat. Bin ich gespannt. Das Video heißt Die Legende. Geil. So, check kurz hier in den richtigen Ordner rein. Ich will mich nicht selbst spoilern. Ui, mit Rahmenchat. Ja, da hat es auch so Avatar-Frames so, in diesem Video. So, die liebe Rina hat mir da was geschickt, Chat. Die liebe Rina hat mir was geschickt und wir gucken uns das jetzt gemeinsam an. Und ich sage, aha, jetzt habt ihr herausgefunden, wieso der Massi nie im Chat ist. Weil Chat, ich bin der Massi. Hey, Hure gut. Jetzt habt ihr herausgefunden, wieso der Massi nie im Chat ist. Das war von letztem Stream, ne? Ich bin der Massi. Hast du dir jetzt von Massi noch ein Bild rausgesucht? Wie geil. Hey, ohne Scheiß, Rina, sehr geil. Sehr geil. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wo ich das so live on Stream gemacht habe, ne, ich habe mir noch so gedacht, ich könnte eigentlich dann den Clip auch runterladen und eigentlich genau das Gleiche machen wie du. Aber du hast es jetzt vor mir gemacht und du hast es auch besser gemacht, als ich es könnte. Rina, let's go. Der Massi, der Kratos Massi Chat, wie geil. Sehr geil, Rina, das ist sehr, sehr, sehr nice. Chat, einmal muss ich es noch sehen. Weil Chat, ich bin der Massi. Ich bräuchte das als Effekt. Auch so fix als Effekt, wo ich so den Kopf von Massi montieren kann. Das wäre geil. Nice one. Ach, Chat, so geil, was ihr da macht, hey. Echt geil. So, Chat, ich muss nochmal schnell schauen, ob ich etwas überlesen habe. Dann liest ich auf jeden Fall, wenn nur kurz. Okay, das würde mich natürlich freuen, Jutti. Aber. Hä? Good night next time I read chat. Oh.
What the fuck is happening, Chat? Der Elon Musk kommt, Chat. Rated mit 7 Leuten. Der Elon Musk. Ist das eigentlich das PlayStation-Logo? Ich habe mir das Gefühl, das ist das PlayStation-Logo. Hey, Paui, Mann, grüezi und liebe Raiders. Holy shit, danke vielmals für den Raid. Paui, kann ich bei Schweizerdeutsch bleiben? Du kannst mir da gerne sagen. Ich glaube es, aber du weißt am besten, wer gerade rum war von deinen Leuten und was am besten funktioniert. Liebe Raiders, grüezi miteinander. Ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit viel Interaktivität, viel Effekt, viel Interaktivität und Schweizerdeutsch. Und Raids. Und ich bin der Troy. Aus der Schweiz. Irgendwie so. Bei mir gibt es auch viel Gelaber und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Nach Mitternacht irgendwann machen wir noch ein bisschen Life is Strange Double Exposure. Und wie war dein Stream, Paui? Was hat es bei dir gegeben? Und grüezi wohl Saint Grubi, natürlich Paui und Luni, grüezi miteinander. Wie haben wir es? Schön sind ihr da. Wir machen natürlich noch das Foto zusammen. Ich werde noch schnell schauen, was da... Jenny ist mit meinem Bot am Schreiben und mein Bot schreibt... Und dann Jenny fragt, was hast du in Zukunft für Pläne? Und mein Bot schreibt, ich plane die Community mit meinem mächtigen Modhammer zu beschützen und weiterhin den Twitch-Chat zu moderieren. Stay awesome. Oh je, das finde ich aber schön, Chat. Das finde ich aber schön. Lieber Chat, ganz wichtig, kommt schnell alle drauf. Oh, es hat aber geklappt. Es hat geklappt. Kommt alle drauf mit Ausrufezeichen Foto. Ausrufezeichen Viertel. Kommt drauf mit eurem Profilbild auf das Bild mit dem Paui und mir. Und Paui, du darfst dir noch etwas auf der linken Seite auswählen, was neben dir aufs Bild zählt. Relativ neu. Franziskaus ist auch dabei. Haben Ferien, mir stört es also nicht. Oh. Sonntagsverkauf, ja, das ist eben tatsächlich so ein Thema. Oder? Darum bin ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig, gerade in dieser Zeit. Sonntagsverkauf, wenn wir im Verkauf arbeiten, ist schwierig. Ne? Also, alle, die das haben, Chat, alle, die morgen vielleicht arbeiten müssen oder jetzt auch so über die Tage mal an einem Sonntag arbeiten müssen, I don't know, fühlt euch gedrückt. Ich habe das auch eine Weile lang müssen machen. Ich war auch sehr nahe am Verkauf gewesen. Und habe endlich dann auch die gleichen Zeiten gehabt, wo ich gearbeitet habe, wie der typische Verkauf. Das habe ich schon lange gelesen. Hey, aber ich versuche den Übergang besser zu... Hey, Rina, es geht nicht, es muss nicht immer perfekt sein. Es war gut, man hat verstanden, was du machen wolltest, mehr als nur verstanden. Es war geil. Also Kompliment. Ist Cycle-Giveaway nicht etwas, was ein Lepra-Erkrankter im Bordell sagen würde? Grizzly, grüezi, du bist schon dumm, den kann ich gar nicht nochmal runterkicken. Hey, übrigens, Blake, sorry, ich sehe es erst jetzt. Good night, next time I read chat. Und du bist das gewesen, das war vor dem Ray. Das war ein Geräusch vom Yoda, sehr gut. Hey Blake, schlaf gut. Wenn man sich liest am Montag, dann darfst du natürlich auch dann nochmal mitmachen an den Giveaways. Sonst wünsche ich dir jetzt schon mal schöne Festtage geniessen. Mit der Family, let's fucking go. Und schön bist du dabei gewesen und sorry, dass das leider keinen Preis gegeben hat. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, aber die Regeln sind für alle die gleichen. Hey, Blake, mach's gut, schlaf gut. Bye, tschüss. Ich kann dir mal... Hey, Rina, sehr gern. Ich mach das, bitte. Wahrscheinlich baue ich das dann auch irgendwie ein. So, Chat, sind wir alle drauf? Hier fehlen noch Leute. Wo sind die Leute hin, Chat? Wo sind die Leute hin? Ausrufezeichen Foto. He? Schnell noch den Check machen da.
Pauli einfach damit auch siehst, wir sind noch nicht bei 15, wir haben vorher den Bosskampf gehabt, aber du wärst schon mal als Dungeon Leader eingetragen für den nächsten Bosskampf. So. Da kommen noch Leute drauf. Der gute Dani ist auch noch drauf. Nice. Bumble war auch noch drauf. Sehr geil. Ich würde mich dann so langsam in die ewige Duvet begeben, wenn ich noch etwas wegen GVA machen muss, wäre ich um Infos froh. Auch noch einen guten Rest sind eine ganze steile Truppe und bin froh, dass ich Part davon zu sein. Hey, Grütziberg, jetzt nochmal zu deinem Gewinn. Was ich mir noch wünsche von dir, ist, dass du dir... Jetzt musst du auch einmal aufstehen, dann drehst du dich 8-mal im Kreis, im Uhrzeigersinn. Ich mache so und dann sage ich im Uhrzeigersinn. Ne? Im Uhrzeigersinn, dann hockst du ab, dann drehst du dich auf dem Bürostuhl im Gegenuhrzeigersinn 3-mal. Und dann stehst du auf und dann gibst du mir noch so ein Küsschen. Dann blasst mir noch so ein Küsschen zu einem Monitor und ich fange es dann auf. Das wünsche ich mir noch von dir, damit du das Giveaway dann auch bekommst. Und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Und wenn wir sich nicht mehr lesen vor der Weihnachten, dann wünsche ich jetzt schon mal schöne Weihnachten. Grüezi, Bär. Ich melde mich mit allem, was ich dann von dir brauche. Ich brauche ganz sicher die Adresse von dir. I guess. Schauen wir an. Schauen wir an, ich würde mich melden. Tschüss, bye bye. 3. Treu, die Bot weiss auch, was ein Eichelway ist. Hast du ihn jetzt inzwischen noch gefragt? Er hat jetzt nicht alles gelesen. Irgendwann redet aber der Bot nicht mit dir. Das ist halt das Ding. Ich glaube, nach 3 Mal redet er nicht mit dir. Also vor allem nicht mit dir. Das ist für alle natürlich. Okay, dann. Hey, ich muss es noch auffangen. Und wo tue ich es jetzt an? Ich glaube, es ist drin. Es ist, glaube ich, drin. Freya hat gerade weisse Socken an. Das ist einfach aus dem Nichts. Ach so. Freya hat übrigens weisse Socken an. Psycho Hypnotic. Du Siech. Wieso weißt du das? Ja, ich habe 100 Pro vorhin wieder die Freya überlesen. Ah, da, jetzt schau ich schnell, ob ich die Freya überlesen habe. Ja, hast du die ganze Nacht gerannt. Das macht mich jetzt traurig. Ja, das macht mich jetzt traurig. Jetzt suche ich irgendein Knöpfchen, das ich drücken kann, wo gegen meine Trauer vielleicht ein bisschen wirkt. Aber ich finde keins. Ich habe so viele Effekte, finde keins. Hey Freya, sorry für das nochmal. Ich nehme nicht an, dass du die ganze Nacht gerannt hast. Kann ich mir nicht vorstellen. Freya ist eine starke Frau. Eine starke Freya. Muss mir zuerst mal welche geben. Jetzt aber. Ich habe sonst auch noch ein paar Socken. Ja, sonst auch noch ein paar Socken. Das typische Aargauer Socken, aber die gebe ich nicht an. Die typischen Aargauer Socken. Die bekommen ihr nicht. So, jetzt kann ich auch den Chat ein bisschen besser lesen. Ich hoffe, dass ich jetzt in diesem Moment nichts überlese. Ja, hast schon wieder. Jetzt komme ich da persönlich vorbei. Dann könnte ich dir gerade noch ein paar Socken geben, Freya. Jetzt habe ich, glaube ich, das Küsschen vom Grütziberg gerade runtergeschluckt, den Chat. Hey, wir müssen noch ein Foto machen, verdammt. Ich habe das völlig vergessen, dass wir da im Fotomodus sind. Geil. Wir machen noch schnell das Foto. Letzte Chance, als Rufezeichen Foto. Paui ist schon lange am Lächeln. Er hat schon den Krampf im Gesicht, oder? Dann machen wir da schnell ein Merci für den Raid als Titel. Und dann machen wir das Foto. Lilu Dallas Multipass. Multipass. Oh, es ist gerade verschwunden, oder? Es ist gerade verschwunden. Paui, da unser Foto noch.
Wunderschönes Foto, aber jetzt auf dem Discord, Ausrufezeichen DC. Und Paul, ich markiere dich dann noch in einer Insta-Story, in einer Twitch-Story. Und man kann sich das Foto natürlich auch in physischer Form bestellen, Chat. Ja, im Ernst, warte immer noch auf meine weißen Socken. Aber du stehst nicht irgendwie da vor meiner Hütte, oder? Und wartest drauf. Sie hat nur weisse, musst nicht unbedingt. Okay. Oh, geil. Multipass. Mal? Das ist nicht wahr, Freya. Das ist nicht wahr. Es ist halt wirklich so. Freya. Aber das Problem ist, die sind angeschrieben mit meinem Namen. Ich kann dir doch nicht die Socken geben. Da ist mein Name drauf, Chat. Da steht nicht Freya, oder? Oder kann ich nicht richtig lesen, Chat? Danke übrigens nochmal Fienchen. Das habe ich mal von den Fienchen geschenkt bekommen, lieber Chat. Hey, habe ich überhaupt alle begrüßt? Kevin Hilfi, grüezi auch dir und Scary doesn't know. Grüezi, wie geht's euch? Aber. Vielleicht bekommst du auch mal so Söckchen, wo dein Name drauf steht, frei. Oder? Psycho Hypnotic. Du kannst doch endlich mal schauen, dass die Freya so Söckchen bekommt mit ihrem Namen drauf. Da gibt es auch kein Storenamt mehr. Chat, zu diesen Aargauer Socken sind noch Sandalen dazu gewesen. Ja, man munkelt es, Chat. Das ist auch wieder geil, da habe ich wieder minus 1 Minute. Das ist einfach immer noch so ein hoher Bug. Calls ist wieder am Zeitreisen. Schau jetzt, Psycho Hypnotic macht's halt. Mach ich. Nice one. Und Freya ist am Warten. Also, wir warten jetzt zusammen mit der Freya. Psycho Hypnotic, sagst bitte Bescheid, wenn du ready hast. Bis dahin schalten wir die Musik aus und ich schaue in die Kamera. Sind sie schon ready? Oder braucht man noch schnell einen Moment? Nö, okay, gut. Chat, was haben wir für Zeit? Was haben wir für Zeit und gehen wir ins Gameplay rein? Das sind die Fragen, die ich habe. Und ich brauche noch schnell ein Päuschen, Chat. What is this show, Rick? It's an alternate universe where humans all look like this dipshit here. They call him Troy Hammerin. He does that thing where he says that he's going to play a game, but ultimately he never plays it. They call it hashtag eventually some gameplay. What a bunch of fucking weirdos. Okay. Und Scuffboy, grüezi Scuffboy, wie geht's dir? Schön, dass du wieder hier bist und Grüße nach YouTube. Ich warte immer noch. Also zum Reinkommen. Komm einfach rein. Du kennst den Code. Du kennst welchen Finger, du weißt, welchen Finger du musst haben. Und welches Auge du musst scannen. Chat, ich bin müde. Wieso bin ich so müde? Chat, ich brauche wirklich schnell ein Päuschen. Ich glaube, wir nutzen schnell den Moment. Gameplay vor dem 12, das habe ich also definitiv nicht auf meiner 2024 Bingo-Karte gehabt. Das hat niemand getroffen. Ich freue mich, dass du streamst. Oh, Scuffboy, ich freue mich, dass du hier bist. Danke für die netten Worte. Auf die Socken habe ich gemeint, du schmeißt sie aus dem Fenster raus. Da hat so ein Glas am Fenster, das komme ich nicht durch. Ich komme dort nicht durch, Freya. Ich kann es nochmal probieren. Probieren es nochmal. Nein, da komme ich nicht durch. Es ist zu. Das ist Glas. Geht nicht. Freya, I'm so sorry. I'm so sorry. Chat, haben ihr schon alle eine Sammelkarte gezogen überhaupt heute?
Haben ihr schon alle eine Sammelkarte gezogen? Wahrscheinlich hat sie weniger Autos angefahren als du. Ja, also erzähl. Freya, wie viele Autos hast du schon angefahren? JJ Suez, grüezi! Wie geht's dir? Hey, Dunkelwaldkarte für den Highway Racer, let's go. JJ, wie hast du es? Und nein, ich bin noch nicht schauen, I'm so sorry. Können wir das Thema bitte wechseln? Coffee Time, ja, ich würde schon sagen. Ne? Jetzt kommen aber noch Leute rein. Kann ich doch nicht einfach gehen, Chat. Keine Herausforderung bei seinen Fahrkünsten. Ey, würdet ihr da aufhören, den Psycho Hypnotic dissen? Das ist das Psycho Hypnotic in meinem Chat und da wird einfach gedisst, Mann. What is going on? What is going on? Sean Ace! Merci, oh mein Gott. Danke dir für den Raid, holy shit! Jetzt aber. Sean Ace, ich begrüße dich und deine Raiders. Grüezi miteinander. Wie geht's euch denn und wie war euer Stream? Man spürt sich nicht mehr im Chat. Man spürt sich nicht mehr. Yo-ho, die Ace-Arme ist da. Let's go, Ace. Hey, wie geht's dir? Wie war dein Stream? Was gab's bei dir? Und hallo, liebe Raiders. TK Albo, Psyops, El Capo, El Chapo, bin mir nicht sicher. Und natürlich Ace, grüezi miteinander, wie geht es euch? Schön, dass ihr hier seid. Juice übrigens, oh, habe ich, nee, nicht Juice. El Chapo, danke dir für den Follow und Psyops, danke dir für den Follow. Und wir machen zuerst mal ein Foto zusammen, Chat. Wir machen zuerst ein Foto zusammen. Und ich gehe nicht pinkeln jetzt. Gibt keine Pause. Matchbox-Autos. Chat, liebe Raiders, wir machen ein Foto mit euch. Mit dem lieben Ace. Sean Ace. Und soll ich eigentlich John sagen oder soll ich Ace sagen? Na, du darfst entscheiden. Oder darf ich überhaupt Schweizerdeutsch reden? Darf ich überhaupt Schweizerdeutsch reden? Das ist natürlich auch, ich kann natürlich auch Schweizerdeutsch reden, gell? Du kennst deine Leute besser. Ich passe mich gerne an deine Zuschauer an, die du hier übergebracht hast. Aber liebe Raiders, ich bin der Troy, ich bin aus der Schweiz. Bei mir gibt es viel... Okay, ich mache kurz auf Hochdeutsch. Liebe Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit vielen Effekten, Spielereien, Interaktivität, viel Gelaber und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Das gibt es dann später mit Life is Strange Double Exposure. Und wir machen aber zuerst noch ein Foto und ihr könnt alle auf das Foto joinen mit eurem Profilbild, indem ihr Ausrufezeichen Foto in Chat eingebt. Und der liebe John Ace darf sich noch was auswählen auf der linken Seite, was neben ihm auf das Profilbild soll. Und, aber der würde ihn wieder ein bisschen zurückswitchen zu Schweizerdeutsch. Und Finlay, bist du verwandt mit Fienchen? Finlay, grüezi nach YouTube. Schön, dass du hier bist. Oh, das Franziskahaus, let's go, nice one. Das ist neu drauf, relativ neu. Da finde ich immer geil, wenn die Leute das auswählen. Mach nochmal feel free. Okay, und sonst, lieber Chat, bitte gebt mir Bescheid. Wenn ihr gar nichts mehr verstehen sollt, gebt mir Bescheid. Fragt auch ungeniert nach, wenn ihr Wörter nicht versteht, ne? Einfach fragen. Geile Sieg, du bist ein geiler Sieg, Mann. Du bist ein geiler Sieg. Chat, jetzt sagen wir noch schnell einen Clip. Jetzt auch Lust. Showclip Sean Ace. Schreibe ich das richtig, Chat? Schreibe ich das richtig? Oh,
Jetzt wollen wir den No-Scope 360 sehen. Er kommt, er passiert. Es ist schon vorbei. Was haben wir verpasst, Chat? Okay, da gibt es sicher noch einen besseren Clip, oder? Da gibt es sicher noch einen besseren Clip. Die verdammten Huren Scheissmocken. Okay, das war nice. Alle anderen waren schuld. Es sind alle anderen schuld gewesen, John Ace, wir kennen es. Du hast carried, alle anderen haben versagt, aber Gott Verdeckler meint es auch in real life, nicht das von seinem Charakter. Come on. Okay, das ist echt gut. Ich meine mein Auge. Okay, nice. I like. Chat. Ich bin da mal im Lurk, viel Spaß, geil. Kennt ihr euch? John Ace und Troy ist ja Hammer Schweizer Streamer. Schweizer Streamer an die Macht. Es gibt ein paar von uns, es gibt eigentlich viele von uns. Es gibt auch grosse, ja? Gibt auch grosse Streamer hier im Chat bei uns. Nicht nur einer. Aber es gibt auch schweizerdeutsche Streamer. Von denen gibt es relativ wenig. Und hi, ich bin einer von denen. So, jetzt machen wir noch das Foto-Chat. Machen wir das Foto und dann müssen wir schnell schauen, ob der Bosskampf eigentlich schon wieder ready ist, ob ich den wieder reinqueuen muss. So, Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden. Let's go, John Ace. Da unser wunderschönes Foto. Und der Simple, der verlässt. Ist Multipass nicht gegangen? Ja, wo war denn jetzt das Multipass, Simple? Und unser wunderschönes Foto auf Discord. Aber jetzt Ausrufezeichen DC. Und ich mache dann noch eine Story auf Insta und auf Twitch. Und das Foto kann man sich in physischer Form natürlich auch bestellen, Link im Chat. So geil gemacht, du bist crazy, John, du bist crazy. Keine Ahnung, vielleicht bei Bruce Willis. Also eigentlich, ich finde es jetzt interessant, dass es nicht gegangen ist, so simpel. Finde ich jetzt interessant, ne? Eigentlich müsste das gehen. Vielleicht hat es Cooldown, oder hat es Cooldown? Es könnte Cooldown haben und vielleicht habe ich Cooldown-Message nicht drin. Darum ist er nicht gekommen. Vielleicht ist es mein Fehler, aber es ist auf Cooldown. So, Chat, bevor wir jetzt in die Pause reingehen, noch schnell den Check. Ja, natürlich können wir den nächsten Bossfight schon reinqueuen. Wie wollen wir das machen? Ich frage jetzt auch mal ganz frech. John Ace, wärst du in 30 Minuten noch da? Weil dann könnten wir eben schnell 5 Minuten Pause machen. Dann können wir den Bossfight reinqueuen für die 30 Minuten. Und wenn falls noch ein Raid reinkommt, könnten wir die Dungeon Leaders noch ein bisschen zusammennehmen. Und dann können wir vielleicht sogar ein neues Gameplay rein in dieser Zeit. Schon wieder Pause? Hast du doch im letzten Stream schon einen gemacht, sagen sie. Das stimmt. Das sind so wie wir Schweizer, oder? Beim Arbeiten. Oh nein, ich kann ja nicht wieder krank sein. Ich war ja letztes Jahr schon krank gewesen. Ich kann mich nicht wieder krank melden. Ja, genau. Eine Pause würden wir machen. Aber ich will gerne vom John Ace natürlich noch hören, dass das in Ordnung ist. Wenn du sagst, hey, nein, das dauert mir zu lang oder das dauert mir zu wenig lang, das darfst du mir auch sagen. Dann, oder ich will schlafen, ich habe keine Zeit mehr. Einfach sagen, ich bin flexibel. Neben dir sieht der Dr. Disrespect aus wie eine Flasche leer.
Ja, also Dr. Disrespect und eine leere PET-Flasche, Chat. Ja, also eigentlich We're done when I say we're done. ich will noch 5 Minuten Pause machen, Walt. Herrgott, dann noch einmal. 5 Minuten Pause, kurz pinkeln gehen und so. Ja, da, Dr. Disrespect, lieber Chat. Ich. Dr. Disrespect, ich. Ja, der Doc ist halt schon... ich habe den Doc halt mega gefeiert. Inzwischen schaue ich ihn jetzt auch nicht mehr wirklich. Aber ich schaue ihn auch wirklich nicht mehr, seit er halt auf YouTube ist. Muss ich ganz ehrlich sein. Bei uns kein Stress. Also, lieber Chat, dann würden wir das so machen. Ich cue den rein. Für in 30 Minuten. Könnt ihr euch auch einen Timer stellen, dann würden wir in 30 Minuten den Bosskampf machen, wo der Paui und der John Ace Dungeon Leaders sind. Ja? Und das wäre natürlich geil, wenn so viele Leute wie möglich dann auch dabei sind. Hast ja die Flasche voll, die? Brauchst Moment schnell. Ja, genau. Bist du ITler? Das war noch die Frage. Nein. Also in der IT habe ich sowieso nicht geschafft. Ich bin Webdesigner, jetzt technisch gesehen. In dem Moment bin ich noch Webdesigner. Ab Januar bin ich Content Creator. Also ich mache ab Januar einen neuen Job. Aber ich wäre in der IT definitiv gut aufgehoben. Es ist auch unsere Struktur in der Firma. Ich arbeite bei brack.ch. Das wissen die meisten auch. Böseste Struktur bis jetzt so ein bisschen komisch gewesen, dass der Webdesigner halt im Marketing ist und ich bin in der Marketingabteilung. Hast du den Stream selber eingerichtet oder mache ich habe alles selber eingerichtet? Ich habe alles selber eingerichtet. Das Einzige, wo vielleicht ein bisschen weit, wo ich mir fertig geholt habe, ist zum Beispiel das Chat-Overlay. Aber jetzt da, wo du oben siehst, ist alles selber gemacht und der ganze Bossfight ist selber gemacht, das Raid-Foto ist selber gemacht. Und dort ist auch viel so Programmierzeug drin, also so C-Sharp-Code ist dort auch Teil davon. Also wenn du das meinst mit ITler, ja, ich bin es irgendwie eben schon im Herzen. Gönn dir von Herzen, Mann. Da Herz. Da Herz. Carnage, Mann. Ich muss mir mein Zimmer aktuell mit wem teilen und ich wäre ohnehin müde. Also ciao, viel Spaß noch. Danke für die okayische Abend und... sagen Sie, geht? Okayisch? This is Sparta! Bis ein andermal, Carnage. Lieber Carnage Rage, bevor die Lichtschwerter erlöschen und die Nacht anbricht, mögest du friedlich einschlafen und von den Sternen singen hören, lass die Sorgen verrecken und die Träume wachsen. Und vielleicht wachsen auch noch andere Dinge. Piu, piu. Oh, das Licht ist endlich aus. Hey Carnage, mach's gut, schlaf gut. Montag bin ich wieder live, wenn du reingucken willst. Sonst, wenn man sich nicht mehr liest, schöne Festtage, ne? Auch dir. Und Chat, wir machen jetzt schnell 5 Minuten Pause. Und Chat, wisst ihr, wieso wir 5 Minuten Pause machen? He? Weil ich's kann.
JT6 gifted at Tier 1 Sub to Yessi Elfe. They have given 39 gift subs in the channel. Jenny. Merci vielmals für den Gifted Sub an Jessie. Danke vielmals. Jenny, merci für den Support und Jessie, viel Spaß mit den Emotes und den Perks. Chat, ich habe mir noch schnell selber einen Kaffee trinken gegönnt. Ich weiss, ich habe sie deaktiviert heute, weil ich nur den einen habe. Aber den gönne ich mir jetzt. Der ist kostenlos. So. Maus gerutscht? Ja. Ja, merci vielmals. Mega lieb. So, ich lese schnell da. Ihr habt Party gehabt, Chat? Ihr habt Party gehabt. Habt den Befehl vergessen? Hammer Time ist es. Hammer Time. Den muss ich auch mal schauen. Wir haben eben heute im Intro haben wir es ja schon gehabt. Ich kann nicht alle Hammer Time auslösen. Aber die Lulu kann ihr Hammer Time auslösen. Aber es hat halt immer den Cooldown. Das heisst, wenn jemand von euch das auslöst, kann es nachher nicht die Lulu nicht auslösen. Ich muss mal eine gescheite Lösung für das finden, Chat. Geil. Und Specko, gute Nacht, liebe Specko. Deine Kreativität ist so inspirierend wie ein Steampunk-Gitarrensolo. Träume von fantastischen Cosplays und möge die Macht mit dir sein, wie bei Obi-Wan Kenobi. #Sweet Dreams, Specko. Ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Schlaf gut. Auch für dich, Montag wäre ich auch wieder live. Wenn du aber nicht rum bist, wenn man sich nicht mehr lässt, das meine ich vor allem, dann würde ich schon mal jetzt schöne Festtage wünschen, Specko. Mach's gut, bye, tschüss. Du sollst doch nicht. Also Jenny kann machen, was sie will. Ja? Aber Jenny und Jessie sind ja nicht die gleiche Person. Sorry, Lulu. Ich komme immer wieder mit dem führen. Das war Stella, ich habe nichts gemacht. Ja, genau, so die perfekte, einfach so genau perfekt über die Tastatur und die Maus reingelaufen, dass echt schnell ein Sub giftet an die Jessie. Dir auch schöne Festtage, merci. Danke, Specko, merci. Doch, Jessie ist mein zweiter Account. Ich habe mir gedacht, Chat. Ja, das ist kein Geheimnis mehr, seit ich das bei der Lulu gesehen habe. Bis das Geheimnis gelüftet worden ist, steht. Oder ist das nicht bei der Lulu gewesen? Ist das... Ich glaube, es war eben beim Blatsch. Aber die Lulu hat es durcheinander gemacht mit dem Songtext. Sie hat irgendwie... Ich bin zuerst gar nicht nachgekommen. Die hat irgendwie über dich singen, Jenny, hat aber Jessie gesungen. Und ich habe gemeint, sie singt über Jessie. Ich meine, ja, ist ja auch möglich. Und dann hat sie aber gesagt, oh nein, ich habe den Namen falsch gesungen. So, hä? Das ist ein Trick. Ich habe nur ein Mod. Chat, ich habe jetzt in diesem Stream 2 Mods. Ja, man munkelt, dass sich da vielleicht noch ändert. Ja, die Arme hat sich so ein Gewissen gemacht. Ich habe so... Also eigentlich ist sie ja nicht... Wenn sie auch nichts gesagt hat, dann wären wir auch davon ausgegangen, sie meint Jessie. Weil Jessie war ja auch im Chat drin. Aber durch das, dass sie sich noch eben entschuldigt hat, dass sie den Namen durcheinander gebracht hat, haben wir sie alle begriffen, dass sie den Namen durchgebracht hat. Aber so schlimm ist sie wegen dem auch nicht. Aber sie hat sich wirklich ein schlechtes Gewissen gemacht. Ich habe das auch munkeln gehört. Ich habe das Gefühl, wir müssen noch mal schnell schauen, wenn wir jetzt hier Worthy eingeben, passiert denn da etwas? Ich weiß nicht, ob da schon irgendetwas passiert. Was ist, wenn ihr den Hammer den liebevoll Joggeli nennt? Ja, genau. Ja, das mache ich. Chat. Ich weiß aber nicht, ob da schon gleich irgendetwas könnte passieren. Ob da etwas... Man weiß es nicht, Chat. Keinen Millimeter beim Highway Racer. Keinen Millimeter. Jonathan? Ach, Fähnchen. Ja, ich finde das so ein schönes Lied. Das ist so
Das ist das Lied, das macht Weihnachten einfach schön. Ja, es schneit hier in meiner Villa drin. For poppin'. Down low. Let it snow, let it snow. Let it snow. So, Chat. Jetzt, nachdem wir alle Giveaways gemacht haben, oder fast alle, haben Eicheln. Da kann noch was passieren, Chat. Da kann noch was passieren. Man weiß es nicht, ne? Schnell schauen. Machen wir. Da muss ich wieder multitasken, Chat. Da muss ich wieder multitasken. Einmal ein Ausrufezeichen Eichel in den Chat. Weil dann können wir noch ein bisschen überbrücken. Dann haben wir in 15 Minuten noch den Bossfight. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins Gameplay. Vielleicht gehen wir sogar vorher schon ins Gameplay. Aber dann haben wir heute Haupt-Giveaways gemacht. Dann haben wir heute Eichel-Giveaways gemacht. Der Massi war im Chat. Ich habe Leute verrückt gemacht, wahrscheinlich. Aber ich habe auch Leute happy gemacht. Hoffentlich. Aha. Also ich habe mein Ziel erreicht, Chat. Ich habe mein Ziel erreicht. So, Chat. Ausrufezeichen Eichel. Wenn ihr die Chance haben auf eine kleine Eichel. Schlüsselanhänger von der lieben Fienchen gemacht. Ausrufezeichen Eichel. Kann ich es hier hinten auf den Tisch stellen? Jetzt habe ich gedacht, und ich so gedacht, schau mal, ich habe meine Kerzen weg da, und schaue so den Tisch auf meinem Hintergrund an. Und schaue so hinter und sehe so den Greenscreen und denke, okay, Troy, du brauchst Schlaf. Wow. Chat, ich starte schon mal die Konsole. Ich würde sagen, wir nutzen hier die ersten paar Minuten schon mal, vielleicht um ein bisschen Zusammenfassung machen und so. Von dem, was wir hier noch vorhaben im Live is Strange. Aber was ist auch letztes Mal schon wieder passiert? Das ist jetzt halt die Frage, ne? Was ist passiert? Chat, ich weiss es wirklich nicht mehr. Was ist passiert? Irgendein Twist war. Hast du eigentlich KI integriert im Stream? Ja. Ja, an diversen Orten. Also, wenn wir ein Foto machen, also ich kann noch mal schnell das letzte Foto zeigen. Wenn wir ein Foto machen, generiert es jedes Mal einen Hintergrund über KI. Das ist über Dolly generiert mit Stichwörtern, die pro User hinterlegt werden können. Also es geht auch, wenn Ray kommt von Mr. Blatch, ich nehme jetzt auch mal den Mr. Blatch, weil ich es gerade weiss, dann kommt das Bild mit Piratenschiffen, weil der Mr. Blatch ist halt auch ein Pirat. Nein, jetzt nicht Foto. Das ist mal KI und mein Bot. Genau, das ist da, wo Jenny gerade vorführt. Mein Bot läuft über ChatGPT. Und wenn du ihn anschreibst mit @bothammaren, dann tut er eigentlich über ChatGPT antworten. Also Jenny fragt, bist du KI? Und mein Bot schreibt, nein, ich bin Bothammaren, der hilfreiche Moderator hier im Chat von Troy Hammaren. KI wäre ja noch schöner. Der weiß halt selber nicht einmal, dass er KI ist. Halt, wie jetzt schon, ja, nur kurz angeteasert, Rina. Nur kurz angeteasert. Ganz geil. Ja, so Sachen, sofern ich sie einbauen kann, manchmal übersteigt es all meine Skills ein bisschen.
Aber wenn irgendetwas Neues kommt, wo ich weiss, okay, das hat ein API, das kann ich irgendwie integrieren, mit ein bisschen basteln, dann überlege ich mir sofort, was kann ich damit machen. Aber man muss sich auch immer gut überlegen, wie sehr will man denn das auch... wie soll ich sagen? Man muss ein bisschen aufpassen, dass es nachher nicht ausartet. Weil zum Beispiel mein Bot, ich kann dem schreiben, aber wenn ihr ihm zu viel schreibt, dann sagt er irgendwann, hey, jetzt antworte ich euch nicht mehr. Weil ich bin nicht, wir streamen da nicht quasi, damit ihr mit dem Bot reden könnt. Also da meine ich, mit so ein bisschen auch Grenzen machen. Das ist halt immer wichtig bei solchen Funktionen. Zudem KI mit der API je nachdem auch etwas kosten kann. Für mich. Nicht für euch. Der Boy sagt... Der Boy. Ja genau, der Boy. Der Bot sagt nein im Fall. Der weiss das einfach nicht. Hashtag Sarkasmus erinnert mich an Tars. Oh, hey. Wir gehen jetzt noch nicht ins Gameplay. Jetzt haben wir das Filmthema angeschnitten. Ja, und dann muss ich gerade noch schnell andere Musik rein tun, Chat. Machen wir da schnell. Das ist schon ein schöner Song. Ich habe jetzt echt den erstbesten Song genommen. Das erinnert mich an Tars aus dem Film Interstellar, was einfach so ein guter Film ist. Und ohne Scheiß, lieber Chat, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, ich habe letztens auf TikTok oder Insta, ich glaube eher TikTok, habe ich so einen kleinen Tars-Roboter gesehen. Und ich habe so gedacht, ich wette den. Aber ich glaube, der hat eben jemand selber gebastelt. Und es ist so geil. Es ist auch so ein kleiner Tars. Wer jetzt Interstellar nicht kennt, weiss halt nicht, wie der Tars aussieht. Wenn ihr halt schnell googelt. Das ist so ein sehr spezieller Roboter. Und das hat einer gebaut in klein und hat ChatGPT hinterlegt. Das heisst, man kann den Tars etwas fragen und der antwortet dann auch. Und mit einer mega, mega realistischen Stimme, also etwas so, wie es auch im Film ist. Und ich habe gedacht, das ist so geil. Und das Geile ist natürlich, in dem Moment kann man auch dem ChatGPT die Rolle quasi geben. Du kannst ihm sagen, du bist Tars, bekannt aus dem Film Interstellar, du machst da und antwortest so und bist so. Und hast zum Beispiel das Humorlevel und so weiter. Und wenn er antwortet, dann ist das echt so geil. Es ist wirklich einfach nur nice. Und ich wette das, Chat. Sanda, hi und gute Nacht. Also nochmals hi. Also Sanda, nochmals gute Nacht, aber zuerst auch an dich nochmals hi. Und gute Nacht. Sanda, gehst du? Du darfst gerne auch noch ein Ausrufezeichen Gute Nacht reinmachen. Ja, dann lese ich es auch noch vor. Aber Sanda, schön bist du dabei gewesen. Ja. Kurzer Funfact zu Interstellar. In der Szene, wo sie auf dem Wasserplaneten sind und diese Riesenwelle kommt, da hat Hans Zimmer den Song dazu so komponiert, dass ein Ticken zu hören ist und bei jedem Tick vergeht quasi ein Jahr auf der Erde. Das wusste ich ja. Der Film ist auch durchs Band durch mindblowing, weil auf so viele Details geachtet worden ist. Und dann eben noch, dann hat man noch den Hans Zimmer an Bord, der auch noch mal so detailverliebt ist und der so Zeug drin hat. Das ist sehr geil. Absolut genialer Film. Wieder zurück vom Gamen. Gehört dazu. Hast du gute Runden gehabt? Gibt der Szene sehr viel Gänsehaut, finde ich, ja. Absolut. Ich meine, lasst euch den Soundtrack an. Der ist einfach nur gewaltig. Das sind pure Emotionen. Das finde ich auch geil. Okay, reden wir noch ein bisschen über Fun Facts. Also Fun Facts, einfach Facts. Wo denn Chris Nolan im Hans Zimmer den Auftrag gegeben hat, die Musik zu komponieren. Ich muss noch mal schnell einen kleinen Cue da. Jetzt.
Was machen wir? Cornfield Chase, Day One. Ich werde jetzt da wieder Interstellar-Musik, Herrgott Donner noch einmal. Wo der Chris Nolan im Hans Zimmer den Auftrag gegeben hat, hat der Hans Zimmer eigentlich noch nicht Bescheid gewusst über die Story, die erzählt wird. Ausser, dass die Story sagt, dass ein Vater seine Tochter sucht. Und auf dieser Basis hat der Hans Zimmer den Soundtrack gemacht. Mr. Blatch, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja, das ist, und das merkt man eben mega. Und da finde ich einfach nur schon von Chris Nolan eine geniale Idee, dass er nicht zu viel verratet, sondern auf den Auftrag gibt er auf purer emotionaler Basis. Nicht, hey, da schwarze Löcher, da Wasserplanet und keine Ahnung, sondern einfach, ein Vater sucht nach der Tochter. Und daraus entsteht nachher ein Soundtrack. Und das spürt man einfach so gut. Hey, Sanda, gute Nacht. Pew Pew Sanda. Mögen deine Träume genauso aufregend sein wie eine Fahrt durch Jurassic Park. Lass dich von den Hype-Trains in eine Welt voller Abenteuer und Magie entführen. Schlaf gut und träum süß, Sanda. Schön warst du hier, schlaf gut. Und wenn man sich nicht mehr liest, auch dir ganz schöne Feiertage, ganz schöne Festtage. Und genieße es. Sanda, bye bye, tschüss. Hans Zimmer versteckt immer Sachen in seinen Songs. True hat er auch also gibt es wahrscheinlich x Beispiele, aber hat er halt auch bei Inception gemacht. Quasi die Musik, die sie benutzen, ich weiß nicht, wie das Stück heisst. Das, was sie halt benutzen zum Aufwachen, das läuft in langsam. Eigentlich. Das ist der Soundtrack, das in langsam. Weil ja in der Traumwelt die Zeit langsamer vergeht. Das ist auch wieder die Idee. Und auch dort das Ding mit dem Sekundenzeiger, sage ich jetzt mal, mit dem Ticken, hat er, glaube ich, auch dort verwendet, wenn es mich nicht täuscht. Oder ist das rein nur Interstellar gewesen? Bin ich mir nicht mehr sicher. Aber es ist halt super geil, so Zeug. Die Szene mit dem vierdimensionalen Raum. Die Szene mit dem vierdimensionalen Raum haut mich jedes Mal wieder um. Sogar Stephen Hawking hat gesagt, dass die Wissenschaft hinter diesem Film authentisch ist. Also was wir da jetzt gesagt haben, das, was wir hier sehen, Chat, ist wissenschaftlich korrekt. Okay, vielleicht das nicht. He? Und ja, auf jeden Fall, wissenschaftlich ist vieles korrekt. Oder so korrekt, wie es halt möglich ist, um in einen Film noch genug verständlich einzubauen. Es hat schon ein paar Sachen, wo ich denke, ja, okay, ja. Jetzt auch der Wasserplanet. Ich finde es halt mega interessant, dass sie auf dem Wasserplanet, dass das einfach so, sie können dort einfach stehen. So okay. Dann hat er so ein bisschen Wasser und sie stehen so quasi ein bisschen in dem Wasser. Ja, aber über da kann man hinweg schauen. Und dass er hinter dem Bücher... sorry, Spoiler Alerts, Interstellar. Einfach Spoiler Alerts jetzt schnell an diesem Punkt erwähnt. Da mit dem Bücherregal, ich sage es jetzt so, ist halt auch... Es passt sehr gut in einen Film rein, in eine Story, die man erzählen. Und das hat die Liebe quasi durch alle Dimensionen durchgeht und I don't know. Ja, das ist dann natürlich wissenschaftlich nicht mehr ganz so, keine Ahnung, korrekt, aber finde ich schön. Aber hey, absolut, was Jesse sagt. Ein Meister seines Faches halt. Halt einfach, ja, true, Amen. Gut gamet, ja, ich konnte nicht weitergamen, weil meine Family schlafen wollte, ein bisschen laut war, halt Horror. Du musst halt auch nicht rumschreien. Bist denn du am Rumkreischen gewesen, Quertuzzo? Hans Zimmer? Ich kenne nur den Peter Wonig. Schnell überlegen, welchen Effekt das jetzt wählen. Welchen haben wir schon lange nicht mehr gehabt? Den da.
Nein, Carson, nein! Habe ich auch so im Kopf, Troy, weil eben genau die Emotionen das Wichtigste sind im Soundtrack. Und das ist einfach so, der Nolan weiss es, gibt einem der besten Komponisten, Soundtrack-Komponisten, den Auftrag auf die richtige Art und Weise. Und es kommt etwas dabei raus, wo man auch nur schon als Soundtrack kann hören kann. Und es ist auch gewaltig, was es für Emotionen auslöst. Du meinst den Inception, welcher von einem Edith Piaf-Song genau beeinflusst wurde. Non, je ne regrette rien. Genau. Welcher eher verlangsamte und zerlegte also den Originalsong, um ihn in die musikalische Struktur des Films zu integrieren. Genau, Quertuzzo. Das meine ich. Genau, das meine ich. Googly sagt noch, und übrigens, hi Googly und dein Mod und Lance, grüezi miteinander, schön, dass ihr da sind. Hello, wie geht's euch? Fun Fact, Hans Zimmer hat nicht gewusst, wo er die Musik zu Interstellar gemacht hat, dass es ein Sci-Fi-Film ist. Ein Sci-Fi-Film, ein Sci-Fi-Film, ja, in dem Sinne, ja. Das hat eben auch, aber ich meine, stell dir das mal vor, auch ein Hans Zimmer hat dann wahrscheinlich das anders gestaltet. Weil der weiss dann, okay, es geht nicht nur jetzt um das reine emotionale Ding, Vater sucht Tochter. Es ist noch in Space, es ist noch quasi, ja, meine Science Fiction, es ist so. Ja, man könnte sagen, es ist Science Fiction, aber mehr Science als Fiction. Aber da hat natürlich alles nochmal verändert. Das ist ja der Mann mit dem charismatischen Auftreten, der Lance. Ja, das ist er. Wie kann man nur so verboten sympathisch sein? Eine Frechheit ist das. Ja, Lance, du kommst zum richtigen Moment. Denn ich gebe euch jetzt eine ganze Ladung voller Sympathie. Ja? Also Lance, zuerst mal danke für die netten Worte. Grüezi, wie geht's dir? Und schön bist du hier. Egal, ja. Alles gut, Karls, du bleibst jetzt hier. Will, Chat, wir gehen noch in einen Bossfight rein. Jetzt muss ich aber schnell fragen. Der Bossfight-Countdown ist durch. Wir haben den Paui und John Ace als Dungeon Leaders. Sind die rum? Also wir machen es auch ohne euch, aber ich frage gleich noch schnell. Paui, ist der Elon Musk der Putzmann? Und John Ace, welche Seite muss ich da? Are you there? Ein schöner Songchat. John Ace ist da. Merci für beides zum Gigantifizieren. Danke vielmals. Chat, würde ich sagen, wir gehen auch mal rein, oder? Ich glaube, ich muss nicht erklären, und auch, wenn ihr das erste Mal dabei sind, ist es relativ selbsterklärend. Schaut mal, was die anderen machen, und dann machen ihr einfach mit. Ja, ihr könnt da. Ich glaube an euch, Chat. Habt ihr eine Karte? Ihr habt sogar eine Karte. Ich bin gespannt darauf, habe es noch nie gesehen. Weißt du, dann mache ich aber nachher noch mal schnell ein ganz kurzes Tutorial für dich, John, wenn du schon Dungeon Leader bist. Fangen wir aber gleich da schnell an. Chat, wenn ihr Zusatzheal wollt, wenn ihr das Gefühl habt, hey, wir sind nicht so sicher, wir wollen nicht verlieren, wir wollen XP sammeln, aber wir wollen sie dann am Schluss nicht verlieren, weil wenn ich gönne, dann bekommt ihr kein XP-Chat. Darum könnt ihr in diesem Fall Ausrufezeichen Karte 1 in den Chat hineinschreiben. Dann votet ihr für die Karte, ihr löst dann die ein und ihr bekommt Zusatzheilung bei jedem Heal. Wenn ihr sagt, brauchen wir nicht, wir wollen kein Easy Mode, dann machen wir Ausrufezeichen keine Karte. Easy Mode, Hard Mode. Permadeath. Wenn ihr hier sterbt, lieber Chat, dann gibt es nie mehr einen Bossfight. Dann werdet ihr direkt von Twitch banned und könnt nie mehr einen Twitch-Stream schauen. Gut, ich stelle mir jetzt gerade so eine Funktion vor, Chat. Wenn ihr verliert, bannt es einfach alle von meinem Channel, die im Bosskampf dabei waren. Auch zack. Und ich mache es nicht rückgängig. Das wär mal Permadeath. Blatsch, merci vielmals auch für deine Bidis zum Gigantifizieren von dem Bier-Emote, das die liebe Jenny gemacht hat. Und das ist auch mega nice.
Ich habe noch ein geiles Pixel-Art-Game gefunden, das ich angefangen habe. Das habe ich vorher auch noch gespielt, einfach so als Tipp, wer gerne Pixel-Art hat und Horror, für den ist das Game perfekt. Spielt in den 80er und geht um einen Serienkiller. The Rain Man heisst es. Also einfach als Tipp reinschreiben. Hey, guten Tipp, merci für das. Lieber Chat, The Rain Man, Pixel Art, 80er Horror-Stil, Serienkiller. Finde ich alles sehr, sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Muss ich mir auch gerade schnell notieren. Tönt nach etwas, was der Bert würde machen. Mit dem Pixel Art gedöns. Nur 1 Stutz, okay, das ist günstig. Okay, never mind, ihr wollt Hard Mode. Ja, ist angekommen, Chat. Ja, ist angekommen, ihr löst keine Karten ein. Ich erkläre schnell, vor allem für den John Ace, wie das etwa funktioniert. Sobald der Bossfight nachher losgeht, werden 3 Aktionen haben pro Runde. Es ist ein rundenbasiertes Kampfsystem. 3 Aktionen, für jede Aktion werdet ihr mit diesen Chatbefehlen voten. Das steht nachher aber auch wieder da, müsst ihr euch jetzt nicht notieren. Ihr habt 3 verschiedene Angriffe, die machen unterschiedlich Damage, haben aber auch unterschiedliche Trefferwahrscheinlichkeiten. Immer ein bisschen überlegen, was macht am meisten Sinn. Mit Kaffeetrink heilt ihr euch, es hat aber eine 10%ige Wahrscheinlichkeit, dass es verschüttet. Dann, in diesem Fall würdet ihr dann nicht heilen. Mit Mystery Chest könnt ihr die Mystery Chest aufmachen, da können verschiedene Sachen drin sein, wie starke Angriff, starke Heilung, Damage auch für uns beide, kann aber auch leer sein. In ganz seltenen Fällen ist sogar der Thanos drin, der beide HP-Balken auf die Mitte setzt. Dann haben wir den Franziskus, Ausrufezeichen Franziskus, da ist der Franziskus, die Eichel. Er kämpft für mich und hat einen Angriff, der 400 Damage macht, und indem er ihm Liebe schenkt, tun er in 10% Schritt. Ich merke gerade, dass ich noch einen Eichel muss ziehen muss. In 10% Schritt tun ihr die Chance verringern, dass er euch angreift mit dem Angriff, lieber Chat. Ist es richtig, dass ich noch einen Gewinner muss ziehen, Chat? Könnt ihr mir schnell sagen? Ich bin völlig neben der Schuhe. Müssen wir noch einen Gewinner ziehen für die Eicheln? Ich glaube es. Chat. Ich glaube, wir müssen noch einen Gewinner ziehen. Sonst ist mir jetzt scheissegal. Jetzt ziehe ich einfach einen, oder? Nein, wir haben ihn, glaube ich, noch nicht sagen. Das ist schon fast wieder vergessen, Chat. Ich bräuchte so einen Mod, der sich um die Raffles kümmert, Chat. Jenny, du hast einen Eichel gewonnen. JT6, du hast gewonnen. Eine kleine Eichel von den Fienchen, gesponsert. Bekommst du von mir, liebe Jenny? GZ. Massi 6. Jetzt habe ich 2. Aber die ist eben magisch, die du jetzt von mir bekommst. Das ist eine magische Eichel. Hey, da ist Magie drin. Jetzt sagt Jenny, ja, bei den anderen auch. So, Pfui jetzt, Pfui, Ende aus. Nein, sag, das ist meine allererste Eichel und ich liebe sie jetzt schon. Und du gibst ihr sicher noch einen Namen, oder? Meine ist auch magisch, ja. Oh, Chat. Jetzt wird es persönlich. Hey, Jenny, nichts zu danken. Ja, das Glück war auf deiner Seite. Die Eichel hat sich für dich entschieden. Richi habe ich gesagt. Das ist nur nicht der Kanalpunkt. Schippo, hast du den Richi. Ich habe gesagt, sollst du dich gut haben. Danke fürs Verlosen und danke fürs Machen. Fienchen, hast du gehört? Danke vielmals, Fienchen. Und verlost habe ich sie. Also danke vielmals, Troy. Also die ich am Rucksack habe, von dir meine ich. Ja, stimmt. Der Karls ist auch geil, der Schnippo. Der Schnippo. Können wir den Schippo ab jetzt einfach Schnippo nennen? Der Schnippo tanzen zu Eichel. Das ist immer gefährlich. Wenn sich ein Eichel für mich entscheidet, das habe ich vor 20 Jahren erlebt, das mache ich nicht. Es ist so zweideutig, wir müssen jetzt in den Bossfight rein chatten. Wir pausieren die Musik.
Ich fahre meine Flügel aus. Ja, so wie sich's gehört. Let's go. Und dann gehen wir da rein, Chat. Gehen wir da rein. Power Skills und John Ace. Ihr wollt mich besiegen? Chat, haut eure Votes rein. Votet für eure erste Aktion. Wir sind in der Runde 1 und ihr habt 3 Aktionen, die ihr jetzt hintereinander ausführen könnt. Und ihr votet für die erste Aktion. Denkt daran, dass das Video ein bisschen Delay haben kann. Also wenn es noch so ist, haben wir auch ein Beispiel. Wir schauen schnell. Man hat gerade kein Beispiel, es sieht gut aus. Aber auch im Notfall auf den Chatbot achten. Wie zum Beispiel den Calls. Kaffee trinken. Das haben sie sehr gut gemacht, Chat. Ja? Ihr habt einen Kaffeedrink aus der Mystery Chest rausgefischt. Erstmal klein Kaffee. Let's go. So, Chat, eure zweite Aktion. Jetzt würde ich aber nicht nochmal heilen. He? Aber es sieht so aus, als würdet ihr nochmal eine Mystery Chest wählen. 11 Votes auf der Mystery Chest. Nelfi. Level 3. Mit der Mystery Chest. Und Nelfi langt rein. Und zieht sich Dexter Season 8 aus. Oh, Dexter ist so eine gute Serie, aber Season 8 ist so grottenschlecht gewesen, Chat. Wir haben sie beide geschaut, wir haben beide Schaden genommen. Oh no. Ja, jetzt müsst ihr wahrscheinlich schon mal wieder aufheilen. Ausser, ja, 500. Ich kann so viel Damage machen, aber das wäre wirklich absoluter Max-Damage, den ich dann raushauen müsste. Man müsste sehr viel Glück haben und obendrauf nochmal sehr viel Glück. Chat. Calls. Level 3 führt aus Heilung. Und somit sind wir die ersten 3 Aktionen durch und ich bin am Zug. Und ich sage mir einfach jetzt, sei Franziskus. Franziskus, zeig ihnen deine Liebe. Nein, das ist wild. Nein, Franziskus, come on, reiss dich zusammen, Mann. Reiss dich zusammen. So etwas kannst du unter der Woche machen, aber nicht am Samstag. Oder nicht am Sonntag in dem Sinn. Chat. Weiter geht's. Votet für eure Wunschaktion. Runde 2, erste Aktion. 5 auf der Mystery Chest. Okay. 5, 6. Und Jasmine, grüezi. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello. Rina, Level 3. Mit dem Zwinkerblick. Oh, ey, aber Chat, wenn wir wirklich alle Serien schauen heute, wenn ihr euch selber killen heute, ihr habt euch selber auf 250 HP gebracht mit dieser Serie. Ihr habt mir auch Schaden zugefügt, aber ich glaube, jetzt müsst ihr healen, Chat. Jetzt müsst ihr healen. Jasmine, wie geht's dir denn? Ganz, ganz gut soweit und der kann mich nicht beklagen. Jasmine, alles gut. Ich bin mir nie sicher, ob ich dir Jasmine oder Jasmine soll sagen. Aber ich nehme an, es ist beides nicht komplett verkehrt. Aber Jasmine hat so ein bisschen mehr Musik, oder? Chat. Ein bisschen mehr Musik. Chat, eure dritte Aktion, zweite Runde. Wenn ihr nochmal aufheilen, die Meinungen gehen auseinander. Mit 450 einen Angriff starten vielleicht. Oha, 10 Votes auf Angriff. 10 Votes auf Angriff. John Ace und er trifft nicht. 90%ige Trefferwahrscheinlichkeit und es geht nebendurch. Oh mein Gott, Chat. Am liebsten das zweite, also Jasmine. Ich sage dir natürlich so, wie du gerne hast, also ich passe mich wirklich gerne an. Moment schnell. Ich mache mir Notizen, mache ich immer. Let's go. Jasmine. Schöner Name, by the way. Ja. Love it. Chat, aber was ihr auch werdet lieben, ist das, was jetzt passiert.
Ja? Wir probieren noch mal so einen Angriff. Ich werde euch jetzt so richtig unter Druck setzen, Chat. Und zwar mit fucking hell. Franziskus, wir haben doch darüber geredet. Was ist das? Deine Eichel. Genau, meine Eichel, Franziskus. Jetzt hat er da so eine hure Leviathan-Ex dabei, weißt du? Aber er braucht sie nicht. Unglaublich. Chat. Rein mit euren Wunsch, mit euren Votes. Kaffee trinken, der Heal. Ich glaube, der Heal muss sein. Quertutsu macht einfach mal den ersten Heal. Macht einfach mal den ersten Heal. Wait a fucking second. Ist es daneben? Verschüttet? Ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe gedacht, ihr habt ja mega wenig HP, für das ihr euch jetzt geheilt habt. Ihr habt es verschifft. Chat. Quertutsu. Probiert es nochmal. Quertutsu, jetzt sitzt es aber 200 heilig für Chat. Ihr habt euch auf 550 HP aufgeheilt. Und jetzt ist die Frage, was macht ihr jetzt? Kommt jetzt noch Damage? Kommt ein Mystery Chest? Ich cheate nicht, Chat. Ich cheate nicht. Come on, Chat. Come on, Mystery Chest. Oh. Also, Rena. Jetzt ist die Frage, schauen wir noch mal eine Serie zusammen. Chat, schauen wir noch mal eine Serie. Okay. Sonst wäre es nämlich wirklich tricky geworden. Okay. Never mind. Das hure Schrumpfen immer, Chat. Das hure Schrumpfen immer. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Du hast uns beim gestellt. Was? Du hast uns ein Bein gestellt beim Kaffee holen. Darum haben wir verschüttet. Chat, also ich würde jetzt mal sagen, was machen wir? Ich muss noch schnell etwas muss ich noch machen, ganz wichtig. Moment, ich muss schnell schauen, welche Attacken ich ausführe. Ich glaube, Oh, habt ihr das jetzt gesehen? Oh shit. Chest of Hammers, Chat. Chest of Hammers. Chest of Hammers. Oh, Damage, Chat. Der Druck wächst. I love it. Jetzt, come on. Warlock, Techie, Warlock. Hallo, was ist jetzt das gewesen? Das war ja gar nichts gewesen. Warlock, das ist ja Minimal Damage. Chat, ich will ja mal angreifen. Ich will auch mal so einen Kaffee-Drink machen. Ich wollte jetzt einfach auch mit. Ich wollte jetzt auch knallhart auch mit. Ich will nur noch einmal flexen, falls ich gezogen werde. Die Chance ist gering. Ich will flexen mit meiner Dekoration von meinem Avatar-Chat. Okay, Calls healet auf 443 HP rauf. Eure zweite Aktion, Chat. Eure zweite Aktion. Ich schließe mich einfach an euren Votes an. Nochmal einen Kaffee trinken. Also gut, vote ich auch gerade mit. Ich kämpfe gegen mich selber, Chat. Das ist mal etwas. El Chapo. El Chapo. Der Healer, man sieht es mal, er sieht aus wie ein Healer. Chat, ganz klar. So, das heisst, er hat noch eine Aktion in der Runde 4, denke dran, ab Runde 6 mache ich mehr Damage. Ja, ab Runde 6 mache ich mehr Damage. Ihr kommt also immer mehr unter Druck. Ab Runde 6 und nachher ab Runde 9, also alle 3 Runden, bekomme ich einen Damage Boost über.
Chat. Rena löst aus. Mystery Chest von der Rena. Mit Darth Vader. Oh, das ist Damage. Das ist guter Damage. 350 bis 400 Damage, Darth Vader. Ich habe sonst noch einen Kaffee. Willst du nicht noch einen Kaffee? Komm, nimm doch einen Kaffeetrink. Come on! Fuck. Okay, nicht schlecht, Chat. Ich habe verdammt wenig HP und ihr habt fast Full HP. Und Rena und Simple sind am Tanzen, oder? Am Tanzen sind sie. Tiger hat noch Orgasmus. Scheiße, Chat. Komm, Franziskus, please. Nein, ich kann's. Nein. Fuck. Ja, nicht so schnell. Meine Strats sind aber jetzt warten, bis Runde 6 da ist und dann so richtig Damage raushauen. Dann so richtig Damage raushauen. Chat, was haben wir? 5 Votes auf der Mystery. Ich muss auch noch schnell eins mitvoten. Auch noch schnell ein M reinhauen. Da ich flexen mit meinem Avatar irgendwann mal. Calls führt aus. Nein, yo. Okay, 300 bis 350 Schaden vom Calls. Oh, Calls, come on. Ich will doch nur meinen Avatar-Rahmen zeigen, Chat. Come on. Oh, okay. Okay, Chat, okay. Mystery Chest, 8 Votes. Will Smith, 1, 9. Ich glaube nochmal Mystery Chest. Oder, das könnte mir mein Leben kosten, Chat. Das könnte das Ende sein, Chat. Hans-Uli. Tut's den Hans-Uli jetzt beenden? Oder verkackt er's? Nein! Nein, Hans-Uli! Oh, das überlebe ich völlig. Das überlebe ich. Oh, ich glaube, das überlebe ich. Aber nachher habe ich nicht mehr viel HP, Chat. Hans-Uli, du Lümmel, du. Du Lümmel, du. Oh no. Oh no. Chat, come on, denkt an eure XP. Je länger der Kampf geht, desto mehr XP bekommt der Chat. Denkt an eure XP. Vielleicht noch ein Heal anhängen. Vielleicht noch... I don't know, ein Mystery Chest. Aber doch nicht ein Angriff. Come on, please. Oh no. Okay, Rena. Nein. Oh mein Gott, ich hab... Ey, what the fuck, das Glück. Ist das eure letzte Aktion gewesen jetzt? Oh, wie gut. Oh, wie gut. Oh shit, aber besiegen kann ich euch nicht. Ich kann nicht so viel Damage machen. Du verdammte Siech, du Blöde. Oh shit, es gibt nichts Gescheites, was ich machen kann. Wenn ich heile, dann ist die Verschüttungswahrscheinlichkeit bei mir aber recht gross. Ich glaube bei 30% oder so. Das ist nur, weil ich eigentlich schon am Stream meinen Kaffeetrink verschüttet habe, Chat. Oder ich mache Chest of Hammers. Ich mache Chest of Hammers. Die Chancen sind recht gut auf einen Hammer of Protection, was aber nicht das ist, was ich will, sondern ein Hammer of Healing. Das ist das, was ich gerne jetzt wegsehe. Okay, aber immerhin. Das ist aber schwierig, dass ich das überlebe, Chat. Das ist schwierig. Ihr müsst ein Schild wegmachen. Es absorbiert einiges, egal wie viel Damage. Ich habe jetzt meinen Damage Boost endlich bekommen. Das heisst, jetzt müsst ihr, ja, da steht es, 2-mal Angriff machen. Den darf er aber nicht durch. Den darf er... Oh, shit. Nein, Sir Simple, don't do it. 17 Volts auf dem Angriff. Please. Jetzt auch nebendurch. Einfach nebendurch. Okay, der hat gesessen. Mein Schild ist weg, Chat. Mein Schild ist weg. Oh no, das ist das Ende. This is the end. My only friend.
Da kommen noch ein paar vereinzelte gute Seelen, sagen sich, hey, wir heilen jetzt nochmal. Jemand sagt sich, ich werde jetzt heilen. 19 Stück sagen, so wie Pfeinchen. Oh, 99 dann noch, come on! Oh no! 99 dann noch. Okay, Chat, ihr habt wenigstens einen Drop bekommen. Ihr habt wenigstens einen Lightsaber-Drop bekommen. Obi-Wan. Ich habe sogar den Aimbot eingeschaltet. Es hat geheißen, mit dem Aimbot geht es besser. Gang weg. Gang weg jetzt da. Obi-Wan, ich habe alle enttäuscht. Was für ein wundervoller Tag, Chat. Oh, wow. Nice. Jetzt schauen wir schnell, was es gegeben hat. Mit dem Fienchen ist nicht gut Kirsche essen. Ja, indeed. Also, der Bot hat insgesamt 346 Erfahrungspunkte rausgelassen. Quertutsu, der Fishbone, Highway Racer, Redbeard, Hansuli und ich. Und ich, Chat. Was bin ich denn für ein Level? Also ich einen Drop bekommen habe. My Level. 69, geben wir noch. Wir haben alle einen Rahmen freigeschaltet bekommen. Nice. Schauen wir schnell. Silber 3 für Fishbone, Silber 3 für Quertutsu, Silber 1 für Hansuli. Ihr könnt die auch schon direkt reinmachen. Man hat es jetzt zum Teil so ein bisschen gesehen, dass die Leute die Rahmen haben. Und das sind genau die Rahmen, die hier auch droppen. Ja, Fienchen, jetzt zieht es an mit dem Level. Jetzt merkt man es. Jetzt bist du immer noch Level 8. Es zieht jetzt schon immer mehr an. Also das nächste Level das braucht immer ein bisschen länger. Und was natürlich auch ist, Dungeon Leaders bekommen noch ein paar Zusatzpunkte. 69, nice. El Chapo ist Level 2. Jenny macht echt schnell Points, um zu zeigen, dass sie auf Platz 10 ist. Und Petomitz, grüezi. Petomitz, wie geht's? So schön, dass du da bist. Du hast Level 1. Ich weiss nicht, ob du einmal hast mitvoten konntest. Dann hast du wahrscheinlich aktuell... Wenn du noch nie mitgevotet hast bei einem Bossfight, dann hast du wahrscheinlich 0 Experience Points. Aber ich glaube, bei wenigen Experience Points, ich glaube, du musst nur irgendwie 5-mal mitvoten oder so, hast du schon Level 2 erreicht. Level up. Let's go. Jenny macht einfach andere Sachen. Die folgt halt schon seit 2 Jahren, 4 Monate, 26 Tage und 3 Stunden. Der Highway Racer hat Silber 3 und Silber 1 Rahmen. Nice. Hey, El Chapo, merci vielmals für den Lurk-Support. Danke vielmals. Dustin! Moin, sorry, dass ich so lange nicht da war. Dustin, musst dich doch nicht entschuldigen. Alles gut. Dustin, wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn? Bist du schon in Weihnachtsstimmung, Dustin? Und ohne Scheiß, Dustin, immer wenn ich deinen Namen lese, ne, dann kommt mir Stranger Things in den Sinn. Wo er singt. Nicht das. I will always love you. Nee, wo der Dustin singt, ne? Stranger Things. Tell me Never. why. Nein, it ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Aber das meine ich ja gar nicht, Chat. Ich rede von einem ganz anderen Song. Ja. Darf ich jetzt schnell probieren? Kokainum. Ja, wir lernen es auch sein, okay? Wir lernen es einfach sein. Jack, Mann, du geiles Siech. Jonathan?
If I ever find one of these lying around again, I swear to fucking God, I will stop being so polite. Get the fuck out of my sight before I demolish you. BA 747, Speedbird 206, Good Morning Frankfurt, Speedbird 206 clear to active. Ground, good morning. Taxi to your gate. The British Airways 747 pulls onto the main taxiway and stops. Ground, Speedbird, do you know where you are going? Speedbird 206, stand by, ground. I'm looking up the gate location now. Ground, impatiently, Speedbird 206, have you never flown to Frankfurt before? Speedbird 206, coolly, yes, in 1944, but I didn't stop. Geht's noch weiter, oder? Okay. Also, Yakari, merci vielmal für 300 Bidis. Yakari einfach mit dem Roman am Start. Danke, ich weiß ja gar nicht checkt, um was es geht. Danke vielmal für 300 Bidis und den riesen Text. Ich glaube, ich bin zu dumm, um den Joke zu verstehen. Das ist too much für mich. Aber ja, Kari, wie hast du es? Und danke vielmals für den Support. Und Daniel begrüßt. Jack, grüezi. Dustin, grüezi. Schön, dass ihr da sind. Ja, Kari. Holy moly, Chat. Ich habe Stranger Things nicht gesehen. Da gibt es auch einen Dustin. Das kann ich soweit erklären. What the fuck ist... Was kommt da? Was ist da am Abgehen? Quer tut so, Mann. 1500 Bits. Quer tut so, merci vielmals für den riesigen Support. Danke vielmals für 1500 Bits. Wir wollen doch endlich ins Gameplay gehen. Oder? By the way, Easter Eggs sind alle auf Cooldown jetzt für einen Moment. Ja, Jenny schaufelt wieder rein, Chat. Franziskus, hast du gesehen? Jenny schaufelt wieder Bidis rein, damit wir ein bisschen schneller werden. Aber schneller zum Gameplay kommen wir eben nicht. Oh, Chat. Merci vielmals, Jenny, für 100 Bits, danke. Mr. Blatch, merci vielmals für 2x69 Bits, danke vielmals. Brother from another mother. Rina, merci vielmals für 100 Bidis, danke vielmals. Jetzt artet es aus, oder? Das ist es so, jetzt ist es auch am Eskalieren. Rina, merci, Quertutsu, merci vielmals für 500 Bidis. Noch oben drauf. Danke vielmals für deinen weiteren Support. Sir Simple, merci vielmals für 100 Bidis. Danke auch dir für deinen Support. So, jetzt ist aber... Nimm da nochmal schnell den Controller für, einfach. Ja, zum Signalisieren, wir gehen doch langsam ins Gameplay, Chat. Ja, das wäre doch cool. Das wäre doch cool. So. Lesen noch schnell, Chat. Hast du das in Magdeburg bei uns gehört? Ja, habe ich gehört. Das ist wieder, das ist so... Das ist so why, oder why. Das ist einfach nur traurig, sowas. Und ich finde es auch traurig, dass es irgendwie gefühlt jedes Jahr irgendwie so einen Scheiß gibt. Das macht mich auch ein bisschen traurig, weil ich einfach auch denke, holy fuck, Mann, was ist eigentlich los? Ey? Was ist los auf der Welt? Darum finde ich es umso schöner, lieber Chat, wenn wir einfach mal auch da sein können am Wochenende und auch ein bisschen, ich rede jetzt nicht vom Hype-Train, sondern auch so ein bisschen, dass wir es gut haben zusammen. Einfach auch ein bisschen geniessen. Auch jetzt die Weihnachtszeit ein bisschen geniessen zusammen, Chat. Rina, merci nochmal für weitere 100 BDs. Oh. Danke vielmals für den Support. Ja, also das Magdeburg-Dings. Hey, oh, come on, please, hey. Ja, jetzt aber, hä? Jack.
Jack, merci vielmals für 10 verschenkte Subs. Holy fuck, man. Dark Matter, Aki Katze, Jackster, Miesel Masel, Inken, Cobra CH, Hertha Gott, Klimbo, Warrior Office und Momo. Ihr habt alle ein Subgeschenk bekommen vom lieben Blackjack. Viel Spaß mit den Emotes, mit den Perks als Subscribers und Blackjack. What the fuck are you doing? Merci vielmals, danke vielmals, holy. Du hast noch irgendetwas geschrieben. Und damit schöne Weihnachten euch allen, falls man sich nicht mehr liest. Oh, hey. Schnell lesen, gehst du auch schlafen? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube nicht. Also, du musst jetzt nicht schlafen wegen dem. Nur weil ich das gesagt habe. Gute Nacht, Highway Racer. Danke vielmals für den Support. Jack, das wäre nicht nötig, aber ich weiss es zu schätzen. Und Jack, eine ganz wundervolle Person. Lieber Chat, das muss ich jetzt an dieser Stelle schon auch noch mal sagen. Ich habe jetzt einige Mal mit dem lieben Jack auch in Real Life Zeit verbringen. Wir haben im Discord gute Calls gehabt. Ich habe ihn getroffen beim Event vom Ullen mit Pen and Paper. Und wir dürfen auch nie vergessen, dass der liebe Blackjack damals den Stammtisch noch gemacht hat. Gibt es jetzt inzwischen so nicht mehr, aber danke auch für das. Lieber Blackjack, danke auch für das. Das muss ich schon auch mal sagen. Nein, ficken. Okay, schön haben wir darüber geredet. Lies die letzten 2 Sätze nochmals. Ich mache es gerade schnell, sorry. Es ist, bei mir ist es eben so klein, das ist mein Hauptproblem. Pineapple Pizza Buddies. Pineapple Pizza Buddies. Hast du das gehört, Jack? Nein, so simpel. Jetzt wird er seine 10 Abos retour. Jetzt macht er so Refund. Refund 10 Abos. Und dann kommt der Alert in der quasi Retour gespielt, erscheint dann, was aus alle Abos wieder aufsaugt. Nein, ich lese noch mal kurz. Das ist wirklich ganz klein. Das ist mein Hauptproblem. Ground, Impatiently, Speedbird 206, have you never flown to Frankfurt before? Speedbird 206, Coolly, yes, in 1944. But I didn't stop. Okay, der Joke ist angekommen. Danke vielmals, Yakari. Es ist wirklich grandios. This is Sparta! Oh nein, eigentlich wäre viel besser der da, Chat. You're fired. Ja, es ist angekommen. Es ist angekommen. Ja, vorher also wirklich dann, ich habe den Schluss dann nicht mehr gelesen. Es war mir zu klein und zu komplex. Hey, Chat, Rina, merci an dir nochmal für 200 BTs. Stimmt, frohe Weihnachten. Hey, lieber Chat, euch natürlich auch alle frohe Weihnachten und schön sind ihr da. Und ich werde auch meine Weihnachten, meine Festtage ein bisschen für mich geniessen, also auch mit der Family, ich habe es vorhin schon gesagt. Und am Montag bin ich nochmal für euch da. Aber wenn ihr jetzt auch gerne schlafen, ich werde euch nicht aufhalten, wünsche ich euch natürlich fest ich bin zum Murloc geworden, Chat. Gebt mir schnell einen Murloc. Gebt mir schnell einen Murloc. Wir lassen euch schnell an, wie ein Murloc tönt, Chat. Genau. Danke vielmals. Danke vielmals. Genau so habe ich jetzt den Chat. Wieso habe ich jetzt Jenny sagen? Ich wollte sagen Chat. Nicht Jenny. Aber auch Jenny. Danke vielmals, lieber Chat, für den Hype Train Level 5.
Holy moly! Danke vielmals, lieber Chef, für den ganzen Support. Ja. Fühlt euch gedrückt? Knuddelt Jenny ganz fest. Ich gebe euch allen jetzt noch schnell einen Hack, während ich hier Zeit reise. An alle. So. Und wir gehen jetzt wirklich in das hure Gameplay in den Chat. Chevron 6 is holding. Chevron 6 is locked in place. This is as far as we have ever been able to get. Gameplay Life is strange double exposure. So, Chat. Life is strange double exposure. Man kann direkt auch schon die Musik rein da vom Spiel. Und ich versuche dann nochmal schnell eine Zusammenfassung zu machen, lieber Chat. Eine Zusammenfassung. Ich muss echt schnell überlegen, was passiert ist. Eine harte... Ich muss dich nicht entschuldigen. Alles gut. Alles gut. Shameplay. Jetzt haben wir doch den Hype-Train durch, Chat. Jetzt haben wir doch den Hype-Train durch. Speck, Mann. 2 Jahre. 2 Jahre Speck, Eier und Teig. Also im Teig, sorry. Speck, merci vielmals für den Support. Danke vielmals. 24 Monate. Ja, aber ein bisschen zu spät gewesen. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Oh nein, nicht eine Zusammenfassung vom Troy. Ja, das kann ich nicht, ich weiss es. Hallo, ich weiss doch da. Da versteht man eh nichts. Also, wir spielen Max und Max ist dort hinten, wo wir sind. Und dann hat sie eine Kollegin und die ist auf dem Bänkchen gehockt und plötzlich da gewesen. Und dann war die Frage, wer und wieso. Und dann ist Max suchen, hat gemerkt, hey, sie kann in andere Realitäten. Und dann haben wir herausgefunden, dass es Max war. Und dann haben wir weiter herausgefunden, dass ihre Kollegin, die Safi heisst, dass eigentlich Max Safi ist. Und dort sind wir jetzt, Chat. Das Geile ist, alles, was ich jetzt gesagt habe, ist wirklich so. Ich habe es einfach so erzählt, dass niemand rauskommt. Max, alles. Max ist eigentlich alles. Das ist auch so ein Charakter. Am Schluss macht jeder so und das ist Max. Nein, also jetzt nochmal schnell Real Talk. Der Anfang, es ist wirklich so, der Mord war an der Safi, ihrer besten Kollegin, wo wir nachher versucht haben herauszufinden, wer es war. Sie hat ihre Powers bekommen, Max, und hat zwischen 2 Realitäten können switchen. Das können wir immer noch. Und dann sind wir uns selber begegnet tatsächlich, haben uns selber verfolgt. Also Max hat Max verfolgt. Und dann hat sich aber herausgestellt, wo die andere Max ohnmächtig geworden ist, hat sie sich verwandelt in Safi. Also, was wir jetzt herausgefunden haben. Max kann zwischen Realitäten switchen, eine kleine Zeitreise, minimal. Ab und zu kann sie auch wirklich ein Foto anschauen und weit grössere Gümp in die Vergangenheit machen. Safi ist eine Gestaltwandlerin. Also die kann sich in andere Leute verwandeln. Und jetzt haben wir in der letzten Episode tatsächlich noch dafür gesorgt, dass der Lucas, das ist so ein Dude, der so ein bisschen selbstverliebt ist. Oh, das ist so komplex, die Story, merke ich gerade. Der Lucas ist so ein bisschen berühmt worden mit einem Buch, aber anscheinend hat er den Inhalt von seinem Buch von jemandem geklaut, von der Maya, wo mal eine Kollegin war von der Safi. Und Maya hat sich aber leider selber umgebracht. Und der Lucas ist wie auch ein bisschen geschuldet an dem Ganzen. Oder? Er ist berühmt worden mit ihrem Material, das sie geschrieben hat. Und jetzt haben wir es im Lukas ein bisschen heimzahlen, haben ihn blamiert, haben eigentlich alles quasi
geleakt, all die Infos, all die Geheimnisse, die da um Maya herum sind und dass er das alles geklaut hat und das gar nicht von ihm ist. Und jetzt hat er aber der Safi noch eine ganz wichtige Info mitgegeben am Schluss und Safi ist fast durchgedreht. Und zwar, ja, da habe ich jetzt auch nicht erzählt, Safi hat auch so einen Buchdeal gehabt, wo sie ihr Buch hat können veröffentlichen. Das ist aber gecancelt worden. Und sie hat aber gemeint, der Lucas sei schuld. Dann hat sich so ein bisschen herausgestellt, vielleicht ist auch Gwen schuld. Aber schlussendlich hat der Lucas ihr gesagt, hey, deine eigene Mutter hat den Buchdeal gecancelt. Und dann ist die natürlich völlig durchgedreht. Und sie mit ihren Powers, die sich in andere Leute verwandeln kann, das ist nachher so völlig ausgeartet. Und sie hätte fast ihre eigene Mutter erschossen in dieser letzten Szene, die wir erlebt haben. Genau, das ist passiert. Also viele Emotionen, viel Action und was wir jetzt am Schluss noch gemacht haben, das ist eigentlich noch speziell. Es ist mega schade, kann ich nicht so eine Zusammenfassung zeigen. Was noch war, ist, wir hatten den Moment gehabt, Safi hat auf die Mutter gezielt, war völlig am Durchdrehen, ihre Powers waren nicht mehr unter Kontrolle. Sie hat sich in alle möglichen Leute verwandelt. Und Max hat sie aufgehalten und hat aber dann, während Max sie festgehabt hat, hat sie das eine Foto angeschaut. Und Max hat eben die Fähigkeit, dort zurückzureisen, wo das Foto gemacht worden ist. Und das war das Ende. Ja, theoretisch ist jetzt Max irgendjemand anders. Ich glaube, das war wirklich das Ende von der letzten Episode. Safi ist ein Mördercheck. Safi hat ganz sicher irgendetwas gemacht. In dieser einen Realität, weil wir haben jetzt wie zwei Realitäten, wo schlussendlich Max muss sagen, ich muss sie töten, damit das aufhört. Weil schlussendlich, wer der Mörder ist, wissen wir eigentlich schon. Es ist schon Max selber. Und nicht Safi, der sich als Max verkleidet. Gut, vielleicht ist das noch ein Twist, I don't know. Aber Max selber hat Safi in dieser einen Realität getötet, um wahrscheinlich Schlimmeres zu verhindern. Aber I'm so sorry, es ist echt eine komplexe Story und vielleicht hat es jetzt ein bisschen geholfen. Aber das Beste ist, wenn ihr schon dabei sind die letzten Mal, dann kommt ihr wahrscheinlich ein bisschen besser draus. Wahrscheinlich auch besser als ich selber. Chat, let's go. Rein da. Rein ins Vergnügen. Okay, wir können zuerst mal wählen, wie wir uns kleiden, Chat. Und wie immer, ich gehe schnell durch. Schnell schauen, haben wir irgendetwas Neues? Das sind immer die gleichen. Chat, ihr dürft wie immer auswählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie wollen wir uns kleiden? Ich gehe schnell das Gleiche nochmal durch für die Innenbekleidung, weil das ist ein bisschen anders. Dann nochmal 1, 2, 3, so weihnachtlich. 4, Final Fantasy. 5, 6, 7. Halloween. 8. Chat, habt ihr irgendeinen Favorit? Einfach die Zahl reinschreiben und ich nehme dann das, was ihr quasi wollt. Aber Safi lebt ja noch in dieser Realität. Genau, Safi lebt in einer Realität noch. Das habe ich jetzt natürlich auch nicht erwähnt. Sie ist in einer Realität gestorben und in der anderen lebt sie noch. Aber in dieser Realität, wo sie gestorben ist, haben wir herausgefunden, dass es eben Max selber war. Wirklich Max selber war. Weil wir haben uns in diesem Moment rein teleportieren, sage ich jetzt mal. Also eine Fähigkeit, die Max halt hat. 6, 7, 6. Okay, ich glaube, wir haben ein 6. Das war der da. 4, 5. Ja, das war da. Das Vögeli. Nehmen wir das Vögeli-Chat. Liebe Troy und Chat, ich gehe meine Beeren ablecken und somit in Schlag. Danke vielmals nochmal für die Eicheln und das Giveaway, für die Giveaway-Chancen bis am Montag. Hey Jenny. In dem Fall bis am Montag. Das würde mich natürlich mega freuen und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Und GZ auch nochmal zu deiner Eicheln. Und mach's gut. Schlaf gut und bis dann. Jenny, mach's gut, bye bye. In diesem Game gibt es irgendwie keine richtige Hauptrealität, habe ich das Gefühl. Und wir können froh sein, können sich Realitäten nicht vermischen.
True. Aber ich glaube eben, das wird nachher die grosse Entscheidung sein am Schluss. Für mich läuft es jetzt im Moment ein bisschen darauf raus, dass wir am Schluss 2 Realitäten haben und wir müssen uns für eine entscheiden. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl. So, wenn wir jetzt die Realität, wo Safi wahrscheinlich lebt, oder wenn wir die, wo sie stirbt, aber natürlich, die den ersten Teil kennen, die wissen genau, was ich jetzt meine. Sie lebt zwar, aber auf Kosten von irgendetwas anderem, das nachher nicht so wird sein, wie es eigentlich sein. Oder sie stirbt, dafür bleibt alles rundherum noch intakt. Also wie viel riskieren wir quasi, oder wie viel opfern wir, dass Safi lebt. Ich habe das Gefühl, am Schluss wird es auf das rauslaufen. Aber keine Spoilers, please, für die natürlich die Story schon kennen. Und ich will das Storyboard von dem Game nicht sehen. Ja, das ist sicher noch komplex. Gleichfalls danke, schönen Sonntag, dir auch. Tschüss, bye bye. Shani. Habe ich es jetzt ausgewählt? Kapitel Beginn. Kapitel 5 Dekohärenz. Da sind wir, Chat. Das ticken wir jetzt schnell an. Geklappt? Ja, wo sind wir jetzt angereist? Zu diesem Abend. Aber vor. Der Sturm tobt jetzt auch hier. Vielleicht überall. Und wenn ich hier bin. Safi. Der Aussichtspunkt. Also wir haben jetzt ein Foto benutzt, um zurückzureisen, bevor Safi gestorben ist. Da bin ich mir jetzt eben wirklich nicht sicher, welches Foto wir benutzt haben. Was ich mir aber sicher bin hingegen, ist, dass wir schnell die Option hineingehen auf Audio und wir schnell schauen, ob wir das irgendwie besser hinbringen. Das Problem ist, manchmal sind sie zu laut Stimmen und jetzt sind sie wieder viel zu leise gewesen. Ich kann nichts machen, Chat. Ich kann nichts machen. Welches Safi wird dort sein? Ja, das finden wir jetzt raus, Die Max. mit mir Champagner aus albernen Tassen getrunken hat? Ich verabschiede mich auch mal ins Bett. Gute Nacht und schönen Sonntag. Hey Jasmin, schön bist du noch da gewesen. Und sogar sich selbst. Falls man sich nicht mehr lässt, Jasmin, wünsche ich dir natürlich auch ganz schöne Festtage. Ich wäre am Montag noch mal rum, aber falls du nicht rum bist, schon mal schöne Festtage. Geniesse es. Bis zum nächsten Mal. Bye bye Jasmin, tschüss. Ja, der Mix vom Game ist so Medium. Ey, ich weiß aber gar nicht, ob es nur in der deutschen Version so ist. Aber der Audiomix ist mit Abstand schlechteste an diesem Spiel. Mit Abstand so weit, dass ich mich wirklich mit grusig aufregen. Jetzt haben wir vorhin fast nicht gehört, was Max sagt. Dann herum haben wir einen Moment, wo die Stimmen so richtig reinbretschen. Und du hörst sonst nichts mehr anders. Ich muss immer umregeln in diesem Spiel. Ich muss immer umregeln. Leislicher, lauter. Letztes Mal haben wir die Sequenz gehabt, ganz am Schluss. Also, wo du jetzt endlich, wir knüpfen da endlich gerade an dieser an, wo ja Safi geschossen hat. Ich glaube, in die Schulter von der Mutter. Sie ist nicht gestorben. Aber der Schuss war so fucking low gewesen. Ich habe wirklich gedacht, oh, okay, jetzt ist ich gedacht und dachte, sorry, Chat, für das, dass es jetzt so laut ist. Aber das ist auch. Das alles nicht. Das ist auch zum Kotzen. So sehr versucht, sie zu retten. Alles andere ist gut. Es ist genau wie vorher. Oder wenn mehrere Tests gleichzeitig, ja gut, das ist auch, wenn sie durcheinander reden, dann denke ich mir auch, ja, also kann man. Also ich bringe sie auch fertig im Bosskampf, dass die Aktionen nacheinander ausgeführt werden. So eine kleine Cue vielleicht. Also wir sind da, Chat, ganz wichtig. Wir haben die Safi, die da steht, der Sturm. Wo kommt? Ja, wir kennen den Sturm aus dem ersten Teil. Hat nichts Gutes zu bedeuten. Schön, dich hier zu sehen. Und jetzt ist wahrscheinlich der Moment, wo die Abmachung ist, dass Max die Safi killt. Das habe ich vielleicht jetzt auch noch nicht gesagt, aber so wie wir den Moment erlebt haben,
hat Safi genau gewusst, dass das der Plan ist, dass Max sie killt. Und wahrscheinlich sehen wir jetzt das auch nochmal. Welche... Oh, die geht es... Wir fragen direkt, welche Safi bist du? Safi bist du? Bin ich überhaupt Safi? Nach all dem? Holy shit! Du hast es echt geschafft! Das Wetter ist schlimmer geworden, oder? Der Sturm ist mir Ein gefolgt. bisschen. Ich auch, wie es aussieht. Das habe ich noch nie getan. Mhm. Knarre, wo sie... ja... Hat sie dabei. Es wird Zeit. Also lieber Chat, wir sehen wirklich, das war der Plan von beiden. Es tut mir leid, willst du das wirklich? Chat, ich entscheide mal so weit selber. Verstehst du überhaupt, warum du mich hier bittest? Du hast es schon getan, oder? Das hier ist nicht mehr als eine Wiederholung. Safi, ich meine es ernst. Das ist zu viel. Keine Angst, Max. Du weißt, was sonst passiert. Es war nichts von mir übrig. Es war alles Moses und Ben und Lucas und Gwen. Es tat so weh. Ich habe so viele Leute verletzt. Hilf mir, es gut zu machen. Bitte. Jetzt rührt doch das Ding weg. Tun wir da mal schnell... tun wir es ein bisschen verändern. Kommt halt jetzt der Sturm, Mann. Ah, das ist das Foto, das sie gemacht hat nachher. Oha. So fühlt es sich also an, das perfekte Foto zu machen. Fühlt sich gut an. Das ist das erste Beweisstück, das wir gefunden haben damals, am Anfang des Games. Das Foto, wo... Also das erste Beweisstück, das ein Twist war. Du, ich und Maya. Oder die ganze Welt ist verflucht. Und wir leben nur in ihr. Safi, das ist poetischer Bullshit. Ja, ich weiß. Du bist mir so wichtig, Safi. Gott, du bist so kitschig. Oh, okay, interesting. Okay. Ja, vielleicht, aber vielleicht nicht in den Bauch hinein. Come on, also... Vielleicht nicht in den Bauch hinein. Nein, aber... Hä? Nein! Scheiß drauf! Okay, würde jetzt eben auch machen. Rührt das Ding weg. Schauen wir mal schnell, was passiert. It is. Ich habe keine Ahnung. Ich improvisiere ab hier. Ich treffe auf keinen Fall noch eine unmögliche Entscheidung, die nur Scheiße hinterlässt. Komm schon. Oh, what? Jetzt gehen die in den Sturm rein. Okay, this is new. Holy fuck, man. Oh, okay, wir sind in den Sturm rein mit der Safi. Oh, jetzt wird's trippy, Chat. Ja, sorry, Chat, für den Lautstärkeunterschied. Das ist für mich genau gleich mühsam, ohne Scheiß. Okay. Okay. Anscheinend bin ich nicht tot. Du bist in der Anderswelt. Und ich
bin auf dem Campushof. Stück für Stück, Max. Hier stimmt was nicht, oder Max? Ruhig für einen Sturm. Wir sind im Sturm drin. In the eye of the storm. Safi? Safi! Oder so. Ja, genau, im Auge des Sturms, Chat. Ich habe irgendwie das Gefühl, Safi könnte wieder so sein wie vorher. dass wieder Leute machen. Also so wie es aussieht, ist das irgendwie so, eben so ein... Das ist wie The Upside Down, oder? Bei Stranger Things. So kommt es mir ein bisschen vor. Safi! Safi, bist du hier? Max! Ich kann dich hören. Aber wo? Ich kann dich nicht finden. Kann ich da hindern? Da hindern bin ich noch gar nicht. Schnell einmal Safi finden, ja? Safi nicht bald finde. Ich glaube, rein können wir nicht. Schnell aussen nochmal alles abchecken. Was ist hier los? Und da bist du. Das ist nicht Safi. Das ist Diamond, ja? Gott sei Dank. Ich bin aus der Snapping Turtle raus und dann war ich auf einmal hier. Ja, und dann ist das Mikrofon plötzlich wieder viel zu laut eingestellt gewesen, ja? Weißt du, wo wir sind? Ich halluziniere nicht, oder? Weißt du, wo wir sind? Du weißt, wo wir sind, oder? Wir sind auf dem Campushof. Warum sind wir die Einzigen hier? Ich weiß es nicht. Aber wenn es jetzt schon seltsam ist, wird es nur noch seltsamer werden. Ja, das Leben ist seltsam, Max. Wäre Moses nur hier. Hoffentlich geht's ihm gut. Komm, lass uns reingehen. Wenn der Sturm so übel ist, wie er aussieht, ja. Haben Safi und Moses... Sind sie wieder weg vom Mikrofon, Chat? Max, ich bin direkt hinter dir. Okay, das finde ich schon noch interessant, Chat. Diamond in das BK-Gebäude folgen. 2 Monde. Einmal der Blutmond, Chat. Irgendwie so. Und da haben wir also, es ist immer so blau-rot. Blau-rot. Was hat das zu bedeuten? Das apropos, Welten können sich nicht mischen, jetzt ist es passiert. Ja, true. Ja, ich habe eben auch das Gefühl, dass es ein bisschen das ist. Wenn ich jetzt nicht rein... Das ist nicht das BK-Gebäude. Und Diamond ist auch nicht hier. Okay, also da sind wir im Aussichtspunkt. Also jetzt bringen wir etwa alles durcheinander, was man durcheinander bringen kann, oder Chat? Moses, is it you? Mal schnell schauen, was wir da haben. Ich bin mir zu 95% sicher, dass das Safis Marke ist. Warum raucht Moses die? Okay, wir haben einen rauchenden Moses. Ich dachte, Moses hatte die Ich bin die geilste Oma der Welt-Tasse. Moses? Was ist mit dir nicht gut? Hey, Moses? Gib mir die Kurzversion. Was genau sehen wir uns hier an? Fanny Milli, grüezi! Fanny Milli, wie hast du es? Schön, dass du da bist. Hallo, hey, mega nices Game. Hey, ich spiele es auch zum ersten Mal. Hast es du schon gespielt? Please no spoilers, hey, logischerweise. Hast es denn du schon gespielt? Life is Strange Double Exposure. Ja, das Universum weiss nicht mehr, wo es mit den Leuten her will und wer ist. Interessante Gedanken. Ich finde es jetzt auch interessant, er sagt so, hey, was machen wir da, was schauen wir uns da? Dabei ist er ja eigentlich der, der rauskommt.
Irgendein Zeichen von Safi? Hast du Safi heute gesehen? Oh. Warum bin ich nicht zu Hause in eine Decke eingewickelt wie ein Burrito? Burrito. Burrito. Müssen wir uns Sorgen machen, dass dieser Asteroid die Erde trifft? Hä? Was für ein Asteroid? Was versuchst... Was probierst du uns zu sagen, Moses? Ich verstehe nicht, was du sagst. Willst du mir was mitteilen? Ich versuche nur, das perfekte Foto zu machen. Das perfekte Foto. Das perfekte Foto. Das perfekte Foto? Moment. Safi? Na gut, Max. Du hast 24 Stunden, bis die Welt untergeht. Was würdest du tun? Safi, Ach gut, das macht schon mehr Sinn. Das macht schon mehr Sinn. Ich bin's, Moses, ich! Moses! Na gut, Max. Du hast 24 Stunden, bis die Welt untergeht. Was würdest du tun? Ich weiß nicht. Ich schätze... Chat, ihr dürft eigentlich entscheiden. Was würdet ihr machen? Wir haben 24 Stunden Zeit, bevor die Welt untergeht. Was macht ihr? 1. Ich mache Fotos. 2. Einen Zombie-Film gucken. Ihr seid gefragt, Chat. Ich brauche euch. Ja, direkt zu Release. Ich bin ein grosser Fan von der Spielerei. Ich auch. Nichts Spoilers. Ich habe den ersten Teil so gefeiert, dass der erste Teil tatsächlich auch ganz weit oben ist. Aber dann kann ich ja, mache ich jetzt schnell noch Life is Strange 1 Spoilers. Also, ich nehme an, das stört niemand, aber ich sage es halt trotzdem jetzt schnell. Auch damit der alle Bescheid wissen, Fanny Mili, dass du auch Bescheid weißt. Bei mir ist im ersten Teil habe ich mich für Chloe entschieden. Arcadia Bay Bye. Bye Arcadia Bay. Und entsprechend habe ich es natürlich auch so eingestellt hier in diesem Spiel, dass es auf dem aufbaut. Chloe hat ja überlebt. Chloe war mit dem Max zusammen, sie haben sich aber getrennt. So ist jetzt die Vorstory hier in meinem Fall. Das ist doch sicher Safi. Ja, ich hätte es gar nicht überlegt, aber logisch ist es Safi. Aber es ist eben, ich glaube, es ist ein bisschen mehr dahinter. Also jetzt hat es immer so ein bisschen gewechselt. Ich finde es auch interessant, die Stimmen sind so ein bisschen anders gewesen. Also gleiche Stimme, aber andere, als wäre es eine andere Person dahinter. Also 1, 2, 1, 1, 1, 3, 1. Ich glaube, wir machen Fotos, Chat. Musik machen. Mr. Blatch, da wäre ich auch bei dir. Aber so einen Film schauen wäre schon auch noch geil. Komisch. Du weißt nicht, wie du dich entschieden hast damals? Okay. Richtig an. Also wir machen ein Foto, Chat. Aber das ist doch Safi. Ich habe schon länger kein Foto mehr doppelt belichtet, aber wenn ich 2 Bilder von Moses überlagere, kann ich vielleicht Safis Teile von Moses trennen. Das sieht komisch aus. Max! Stehst du im Kreis? Ja, genau. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Es war, als hätte Safi mich in einer Art Sarkophag eingesperrt. Okay, da finde ich es sehr interessant, weil wir haben ja den Effekt schon mal gehabt, dass Safi, ihre Power ist zwar, dass sie sich in andere Leute verwandeln kann, aber als sie so völlig durchgetragen ist, hat sie alle Leute beeinflusst. Das heisst, ich habe das Gefühl, sie kann so weit gehen, dass sie andere kontrollieren kann. Ich war gefangen, aber doch irgendwie geschützt. Ich konnte Safi hören. Konnte dich hören. Ihr wart außerhalb und... Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Ihr ging es schlecht, Max. Mehr weiß ich nicht. Was du gemacht hast, hat mich gerettet. Fotos machen.
rettet Leben, Chat. Sie aus mir rausgeholt? Ja, also ich fand es auch noch interessant, wie es jetzt wäre, wenn wir einen Zombie-Film miteinander geschaut hätten. Max, es tut mir leid. Safi? 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 Also wir hören sie ja auch. Alles okay? Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Safi hat am Anfang genau die gleiche Frage gestellt mit der gleichen Antwortmöglichkeit. Ich habe mich daran erinnern, aber ich habe nicht mehr gewusst, was ich gesagt habe. Gut. Ich komme mit dir. Nein. Bleib Ich glaube, hier. eben Zombie-Film gewählt. Dieser Sturm. Ich habe sowas schon einmal erlebt. Die Realität wird instabil. Du bleibst besser hier. Fistbump. Genau, Maschinenengel, Seelensturm, Moses. Let's fucking do this. Pass auf dich auf. Wenn der Moses stirbt in dem Spiel, dann drehe ich durch, Chat. Ja? Dann drehe ich durch. Wir sehen uns drüben. Mache ich Rage Quit. Flügel schlagen. Ein Schmetterling. Eine Tür sich schließt. Und der Schmetterling ist eigentlich das Symbol für Chloe im ersten Teil. Ein Fenster. Was? Was? Wo? No fucking way. No, what the fuck? Das ist fucking Arcadia Bay. Nein, wenn jetzt Chloe da reinkommt, dann... Ey. Chloe erschossen. Ich hab's mit angehört. Du weißt nicht. Das ist genau die Szene, what the fuck? Wo hast du die her? Was hast du vor? Chloe! Komm schon, pack sie wieder weg! Sag mir nie, was ich zu tun habe. Ich hab so satt, mich ständig kontrollieren zu lassen. What? Dafür kriegst du viel mehr Ärger als für Drogen. Dich, Arsch, würde keiner vermissen. Hä? Hä? Also, schnell zum Erklären. Das ist eigentlich eine Szene aus dem ersten Teil vom Game. Aber in dieser Szene ist nicht Max und Safi dort, logischerweise. Also Safi haben wir dort noch nicht gekannt. Max haben wir gespielt, ja. Aber eigentlich sind da Chloe und der Nathan. Und der Nathan hat eigentlich nach einer Chloe abgeknallt, weil er eine Pistole dabei war. Ja, genau. Hatte. Aber jetzt haben wir die Szene nochmal, aber mit dem Max und der Safi, aber so wie ich da verstehe, mit dem genau gleichen Text. Sie sagen genau das Gleiche wie damals Chloe und der Nathan im ersten Teil. Der Waffe weg, du Psycho! Genau das ist passiert. Okay, da ist einfach alles ein bisschen durcheinander. He? Alles ein bisschen durcheinander, Chat. Vielleicht hat Safi recht. Vielleicht sind wir dazu verflucht. Unsere schlimmsten Momente immer und immer wieder zu erleben. Okay. Ich Interesting. hatte die Chance, Chloe zu retten. Hier, von Nathans Pistole. Und ich tat es. Dutzende Leute sind in meinem Sturm gestorben. Ja, weil sie da verhindert hat im ersten Teil, ist nachher eben der Sturm gekommen. Es ist wie so, hey? Ich erlebe diesen Moment nicht jeden Tag in meinem Kopf. Es ist so wie, hey, Chloe, entweder stirbt sie jetzt und es ist so, wie es muss sein, oder du versuchst sie einfach zu retten und dann kommt echt der Sturm und macht alles kaputt. Das ist eigentlich so der erste Teil. Aber was ich jetzt natürlich mega nice finde, ist, dass wir jetzt da sind an dem Ort vom ersten Teil tatsächlich. Das finde ich mega interessant. Muss es sein. Kann ich denn da raus? Raus kann ich nicht, okay. Da noch schnell schauen. Ist immer noch nicht so lustig, wie der Künstler geglaubt hat. Irgendwie habe ich jetzt in dem Moment ein bisschen Alan Wake 2 Vibes. Also wenn wir jetzt hier aufmachen und der Putzmann steht da, dann
Dann habe ich Fragen. Hä? Ui. Oh, ist das ein Easter Egg? Ah, close. Ich habe ja ganz böse Alan Wake 2 Vibes. Okay, da sind wir am Ort, wo wir am Anfang waren. Die verlassene das Bowlingbahngebäude in Arcadia Bay. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich verabschiede mich aber leider schon wieder, wünsche noch viel Spaß und eine gute Nacht. Hey Fanny Mili, schön hast du schnell reingeschaut. Hat mich mega gefreut und schlaf ganz gut. Und wenn man sich nicht mehr lässt, ich bin am Montag noch mal live, aber falls man sich nicht lässt, dann wünsche ich dir schon mal schöne Festtage, geniesse es. Hoffe, du hast eine schöne Zeit mit dir und der Familie und so weiter. Und mach's gut, bye bye, tschüss. Den Sturm gibt es, by the way, auch wieder. Ja, gehört Tutsu, ja. Das ist aber auch, als ich das gesehen habe, habe ich halt gedacht, hey, es ist halt genau, es wird wieder auf das rauslaufen, dass wir uns wieder entscheiden müssen. Und ich werde mich einfach, ich sage es euch jetzt schon, soll der Sturm kommen, das ist mir scheissegal, Mann. Der soll er halt kommen. Das ist neu. Hauptsache der Moses überlebt. Dann bin ich zufrieden, Chat. Oh, der Lucas ist da. Ich muss da runter. Motherfucker. Also, dann... Jetzt haben wir noch Nachrichten bekommen in dieser komischen Welt. Das Two Whale schlägt auch alles, was die hier in Caledon servieren. Okay. Okay, ich bin verwirrt. Ich glaube, auch das ist mega komisch. Katze. Hey Max, bist du wach? Die Katze-Chat schreibt uns gerade. Wir können schnell antworten. Machen ihr das einmal an? Wer hat eine Katze daheim und schreibt einmal ein SMS mit der Katze? Wer immer das ist, ich habe für diesen Scheiß keine Zeit. Das ist doch sicher Miso, Mann. Das ist doch der Miso. Ich will nicht undankbar für die Streicheleinheiten in einer netten Bleibe sein, aber mir Futter und eine... Hallo, Kommas, Satzzeichen. Und einen Schlafplatz zu geben, hätte dich jetzt nicht mal umgebracht. Schiebe es nicht aufs Wetter, dass du deine Pflichten als Katzensitter nicht nachkommst, Max. Die Diskussion it is on. Let's do this. Ich schreibe dem Miso. Miso, bist du das? Katze geblockt. Du wurdest geblockt. Nice. Okay, sogar das ist mega strange da. Hure gut, love it. Danke, das wünsche ich dir auch. Danke vielmals, Fanny Mili. SMS schreiben nicht, aber ich schwätze mit dem als seine Mami. Aber das gehört, glaube ich, schon dazu. Also das ist ja normal. Aber wenn ihr dann anfängt SMS schreiben, dann habe ich schon Fragen. Vielleicht gibt es irgendeine so eine Technologie. Ja, aber Chat, die eine Katze haben, Fienchen, würdest du denn wollen, also, ich meine, klar, jetzt reden wir von SMS schreiben, aber würdest du dir wünschen, dass die Katze mit dir kommunizieren kann? Freya, vielleicht jetzt auch noch, ist gerade schnell an dich. Würdest du dir wünschen, dass die Katze, also mehr, dass ihr jetzt schon kommunizieren könnt, sich in Textform oder sprachlicher Form kann ausdrücken und so mit euch kommunizieren kann? Wäre das etwas, was cool wäre? I don't know. Ich schreibe immer mit meiner Katze. Also Tüdeli. Fanny Mili, bye bye. Und hey, gute Nacht, Freya. Möge dein Schlaf so erholsam sein wie eine schwedische Massage. Träum von epischen Cosplay-Abenteuern und platonischer Liebe. Wenn du aufwachst, schwing den Mjölnir-Fleischhammer des Tages. Der Mjölnir-Fleischhammer mit dem Namen... Ich weiß nicht, wieso ich das überhaupt noch probieren mit euch, Chat. Oh Gott, da habe ich ja gar keine Ruhe mehr. Das ist es eben. Vielleicht hat die Katze Gedanken, die wollen ihr gar nicht wissen, was die denkt. Ja, sicher würde mich halt auch einfach ständig beschimpfen, weil ich ihm das falsche Futter gegeben habe. Und er heute doch lieber was anderes will.
Ja, erstens da. Aber vielleicht kann man da noch ganz viele andere Sachen führen, die du gar nicht wissen hey, aber Freya, schön bist du da gewesen. Sorry nochmal, dass ich die letztes Mal überlesen habe. Das ist nie Absicht. Gell? Bei niemandem mache ich das mit Absicht. Aber mach's gut, Freya. Auch dir, wenn man sich nicht mehr liest, wünsche ich dir schon mal schöne Festtage. Geniesse es und bis bald. Wir schauen noch schnell Joyce. Also, das ist alles mega interessant, was jetzt da gerade passiert. Joyce ist die Mutter von der Chloe. Oder? Ja. Max, Schatz, du musst nochmals zum Diner kommen. Für Pfannkuchen, wir haben ein neues Spezial mit extra Bacon. Jetzt habe ich gerade Lust auf so eine Big Tasty Bacon. Geht aufs Haus. Ich verspreche, die sind besser als alles, was du in der Kantine in Blackwell bekommst. Kate, Oh, heikles Thema. Heikles Thema. Teil 1. Achtung, Spoilers. Kate kann im Teil 1 sterben. Weil sie Selbstmord macht. Man kann sie aber auch aufhalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es damals verkackt. Weil man muss genau das Richtige sagen, dass sie eben nicht Selbstmord macht. Ist ein heftiger Moment, by the way. Darum also, wenn ich das jetzt so lese, Kate, krass, Mann. Ich lese noch mal schnell. Du hast ein Mjölnir-Fleischhammer, Troy? Gar nicht gewusst. Ja, weisst du, irgendjemand? Irgendeiner. Der hat mir eben den sich geschenkt. Mjölnir-Fleischhammer. Ich habe aber schon vergessen, wer es war. Nein, sag ich. Ja, logisch habe ich den noch. Wer tut so, Mann? Und das ist auch Teil, das ist sogar eben so ein Stichwort, das da kommen kann, bei den Gute-Nacht-Messages. Bei mir macht er es extra, aber das ist okay, manchmal. Hey, gute Nacht, Psycho Hypnotic. Träumen süß von spannendem Gameplay und Murmeln, die durch die Nacht rollen. Mögen deine Träume genauso faszinierend sein wie deine Streams. Schau jetzt, wie deine Streams. Können Träume so faszinierend sein wie Streams vom Psycho Hypnotic? Jetzt schauen wir gerade mal schnell, wie faszinierend das ist. Ja. Schauen wir schnell, wie faszinierend so etwas kann sein, Chat. Oh, what the fuck ist das? Das ist ja mega hässlich. Na du, sagen Sie. My life in a nutshell, Chat. My life in a nutshell. Immer am davon säckeln. Oh nein, aber. Das ist Lethal Company. Holy shit. Ja, also so spannend kann es sein. Ja, die Träume können so spannend sein, Chat. Freya, jetzt machen wir. Muss da frär bleiben. Schauen wir noch mal schnell bei dir rein. Wie geil ist denn das? What the... Hä? Was ist das auf deinem Mikrofonständer gewesen, Freya? Du gehst jetzt nicht schlafen, du beantwortest jetzt meine Fragen. Ja, da wechseln wir gerade die Szene. Was ist das gewesen? Wie hast du das gemacht? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist mega nice. Das war ein kleines Viech gewesen. Ein kleines Pet. Holy moly. Ich lese noch schnell den Chat. Irgendjemand fängt mit Q an und
Ja, irgendwie so, irgendetwas so mega, als wäre er mit dem Kopf über die Tastatur gerollt. So einen Namen hat er. Hashtag der Hämmerli. Ab 01 redet mir bei Geschnarr von Gameplay. 00. Okay. Lethal Company, Ventroy. Ich weiß nicht, ob das etwas für mich ist. Psycho, ich weiß es nicht. Vielleicht irgendein. Vielleicht, lieber Chat. Ein Mic hatte ich auf dem Ständer. Wieso habe ich jetzt ganz komische Gedanken? Schnell weg mit diesen Bildern. Gut, danke. Oh ja, alle Aargauer zusammen in Lethal Company. Wäre das etwas? Käme das gut? Ich weiß es nicht. Also Chat, ich weiß nicht, wer von euch ein Mikrofon auf dem Ständer oben montiert, aber ich stelle mir das sehr umständlich vor. Also da kann man ja nicht richtig ins Mikrofon reinreden, oder? Also, I don't know. Freya spielt das gerne mit dir. Freya, ist das so? Würdest du gerne mit mir spielen? Vielleicht würde ich für so einen Moment würde ich wahrscheinlich sogar das Mikrofon am Ständer montieren. Okay, jetzt artet es aus. Chat, I'm so sorry. He? Das ist nur ein Spass hier. Ein Ständer zur Eichel wäre auch nicht schlecht im Fall. Ja, also Feinchen, da bist fast du dann wieder gefragt. Das ist dann so, jetzt bekommen die Leute die Eichel und irgendwann gibt es noch das Ständer-DLC. Und da kann man sich noch den passenden Ständer für die Eichel besorgen. Und dann hat man einen Eichel auf dem Ständer. Käme das gut? Nein, wäre witzig. Ja, true, da gebe ich dir recht. Das nicht ganz seltsame Turns. Indeed. Kommt darauf an, wie gross das der Ständer ist. Jetzt, also, okay. Ja, fair enough. Fair enough. Also mit euch beiden spiele ich natürlich, also mit mir und dem Franziskus. Oder mit mir und dem Psycho Hypnotic. Ich weiss es jetzt natürlich nicht. Oder vielleicht können wir ja alle 4 dabei sein. Alle 3. 3. Nein, Troy, die Art von Ständer und Eichel kann man nicht behökeln. Das wäre zu weich. Da musst du halt ein bisschen... Du hast schon etwas drin. Du hast so ein PVC-Rohr drin. Okay, also Franziskus darf ich auch mitnehmen. Chat, wir haben einen Deal. Wir haben jetzt einen Deal, es hat ein bisschen gedauert, aber wir haben ihn. Und what is happening? Aber so ist es. Was am Ständer hast du gemeint? Also das Mikrofon am Ständer? Oder vielleicht der Eichel? Killer Queen. Grüezi wohl. Merci, danke dir für den Follow. Killer Queen. Merci vielmals. Kommst du da von... muss ich jetzt schnell überlegen. Sehe ich das überhaupt? Kommst du von Chris? Kommst du von Chris macht Laune? Habe ich so das Gefühl, ne? Chat, wir gehen noch ein bisschen ins Gameplay rein. Wir sind schon auf der richtigen Szene. Wir gehen noch ein bisschen ins Gameplay rein, Chat. Bevor der nächste Raid reinkommt. Also Kate, das muss ich mir noch schnell geben. Hey Max, ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du auf mich aufpasst. Es ist schön zu wissen, dass mindestens eine in Blackwell nicht gemein ist. Ja, by the way, Kate ist immer gemobbt worden. Das war das Hauptproblem am Ganzen. Ich habe, bevor ich herkam, jede Nacht gebetet, dass jemand meinen Gefühlen Beachtung schenkt, und du warst diese Person. Ich danke Gott für dich, allein hätte ich es nicht durchgestanden. Mama und Papa? Blackwell Academy? Das ist ewig her. Und
Was ist los mit meinem Handy? Ja, das weiß ich auch nicht. Das Feinchen immer mit dieser Eggplant. Ja, true. Das ist ja fein. Irgendwann ist beim Recap, ich weiß nicht, ob die Emotes sagen, aber ich stelle mir so vor, beim Recap kommt bei den Feinchen auch so am häufigsten verwendetes Emote Eggplant. Was wer will an der Eichel spielen? Alle. Ja, alle sind, wegen dem sind die Leute da. Ja, da können sie schon zugeben. Gameplay? Fragezeichen. Überlegt sich, ob das mit dem Ständer, also überlegt sich, ob das mit dem Ständer, also ich würde da auf ein Richtmikrofon setzen. What? Ja, ein Richtmikrofon. Freya, das macht doch Sinn. Ich meine, da haben wir ein bisschen Distanz. Wir nennen es auch Shotgun-Mic. Ja, es ist ein bisschen verwirrend, I know. What just happened? Shotgun-Mic, Freya. Und dann sehe ich da schon Möglichkeiten. Gameplay? Begriffe, die er in anderen Streams gehört hat und sie jetzt random verwendet, weil er sie fancy findet. Shotgun-Mics? Ja, also wenn du jetzt Shotgun-Mic meinst, das war schon ein Begriff, den ich jetzt nicht unbedingt aus einem anderen Stream gehört. Aber ja, jemand hat aktuell so etwas im Einsatz in einem anderen Stream. Gebe ich dir recht. Max, wir können es kaum erwarten, dass du im Sommer nach Hause kommst. Die Blackwell Akademie ist bestimmt toll und so weiter, aber wir vermissen dich. Oh. Victoria. Mhm. Gameplay ist echt cool. Aber wisst ihr, was noch viel besser ist, Chat? Ihr. Du. Ja, du auch, aber vor allem du. Ja, du bist das Beste da. Schlimm. Schlimmer. Also, Freya, habe ich jetzt auf dich gezeigt? Ich habe auf dich gezeigt, ja, aber Freya, Rina so, no, okay. So, hey Max, ich weiß, du bist eine eifersüchtige Schlampe. Ohne künstlerische Vision oder Geschmack, aber das bedeutet nicht, dass du dir Satzzeichen, hallo, dass du dir einfach meine Kamera nehmen kannst. Du hast 24 Stunden, sie zurückzugeben oder ich zeige dich an und Papa nimmt dir alles weg. Ich warne dich, weil ich dich lieb habe. Victoria. Und weiß, dass du eine Nutte. Victoria. Eine Nutte ohne Geld bist, aber das ist keine Entschuldigung, sich mit Victoria Chase anzulegen. Wir sollten uns bald treffen, Herzchen, Küsschen. Okay, die hat den Ecken ab, Chat. Die hat den Ecken ab. Hat sie aber im ersten Teil auch schon gehabt. Egal auf wen. Auf wen? Egal auf wen, irgendwo hast du geschleimt. Ja, da. ist ausgewichen. Also, ja, ich habe so gemacht und das ist so komm, Miss. So, die weißen Socken gehen jetzt schlafen. Hey, Freya, jetzt ab ins Bett. He? Ab ins Bett, schön bist du noch dabei gewesen. Und mach's gut. Freya, bye bye. Ich bekomme ein bisschen Mean Girls-Vibe da von der. Victoria ist, ja, absolut. Gut, aber die Victoria ist schon ein bisschen so gewesen. Also, jetzt natürlich nicht so komplett unterschiedlich. Wir haben in einer Nachricht haben wir quasi, hast ab dich lieb und du bist eine Nutte. Aber die Victoria, wir haben sie nicht mögen, aber ich glaube, es hat sich im Verlauf des ersten Teils auch ein bisschen geändert. Ich glaube, wir haben uns besser verstanden dann. Warren ist der Ex-Freund von der Max, Chat. So müsste das eigentlich sein. Oder Ex-Freund oder zumindest der beste Kollege. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man sich entscheidet. Hey Mad Max, wo versteckst du dich? Ich versuche diesen irren Decap for Days DVDs, was? Diese irren Decap for Days DVDs, die du mir geliehen hast, zurückzugeben, aber du warst nicht in deinem Zimmer. Die waren super cool, genau wie du gesagt hast, wie der eine Kerl 5 Köpfe auf einmal aufgeschlitzt hat. Hallo? Texte mir, Max, ignoriere mich nicht. Egal, ich komme in deinem Wohnheim vorbei
wenn du da bist. Ciao. Da noch schnell. Oh, okay, da haben wir jetzt aber auch noch ein bisschen mehr. Da müssen wir auch noch schnell lesen, Chat. Was haben wir noch nicht gelesen? Ich weiss nicht, was wir das letzte Mal gelesen haben. Das haben wir gelesen. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gelesen. Es heißt, Krampus frisst unartige Kinder, aber so wie ich es höre, hat Krampus Heißhunger auf Literaturprofessoren, besonders solche, die geistigen Diebstahl an Studenten begangen haben. Es ist, als laufe man in einer Zeitschleife. Man vergisst leicht, dass Weihnachten näher ist als Allerheiligen, als ob ich die Zeit hätte, die Feier zu genießen. Du würdest das hier lieben, Einbrüche und Späße, ganz wie in alten Zeiten. Aber jetzt ziehe ich mich, ich habe einen Laser, aber jetzt ziehe ich sie mit jemand anderem durch. Hoffentlich stürzt dich nicht, als ob du eine Wahl hättest. Das ist ein crazy Foto dort, eine crazy Zeichnung. Oh, Safi, ganz schön weit nach unten, oder wo? Oh, Safi, wo bist du? Ich hoffe, dass es dir gut geht. Du machst mich krank. Nichts Persönliches, du hast mich zum Schweigen gezwungen. Mädchen wirft sich vom Aussichtspunkt. What the fuck? Okay, der Eintrag ist so weird wie der Ort, wo wir gerade sind, Chat. Victoria's Secret. Nicht ganz, nicht ganz. Wir können switchen, ohne Scheiß. Das finde ich jetzt interessant. Wer ist denn da unten jetzt? Hallo? Was schnell. Hä? Was ist da? Jeffersons gestörte Fotos. Nein, ohne Für Scheiß. jedes Mädchen. Wieso sind dem Jefferson seine Fotos nicht da? Ja, Jefferson ist der Bösewicht vom ersten Teil, Chat. Der hat Mädchen umgebracht, Chat. Und bevor er sie umgebracht hat, hat er sie noch gefüttert und so. Ja, unschön. An jedem anderen Tag wäre ein Baum, der in einer Bowlingbahn blüht. Merkwürdig für mich. Ich muss da runter zu Lucas. Also der Lucas ist jetzt da. Gehen wir mal schnell runter. Okay. Ein Nap ist irgendwie süß. Einer. Irgendwie. Das hier? So gar nicht. Oh Mann. Will ich das wirklich tun? Do it. Ja, do it. Echt jetzt? Besessene Puppen? Ich will nochmal drücken. Sorry, Kumpel, ich fange auch an, dich zu hassen. Wieso haben wir Text von der Safi, wenn wir auf die Puppen drücken? Ich komme echt nicht raus. Eines Tages werde ich herausfinden, wovor du wegläufst, Max Caulfield. Okay, sehr interessant. Na, jetzt hast du die ganze Kübelglasse gefressen. Was hast du für eine gehabt, Karls? Immer noch kaputt. So komme ich nicht runter. Ja, Max, dann müssen wir halt die Realität switchen. Oh. Ja, ich finde das sehr speziell. Das ist so wie ein Mix zwischen dem Bunkerraum vom Jefferson und jetzt dieser Bowlingbahn zwischen dem Gebäude und so. Ist nur ein bisschen creepy, oder? Das kann ich. Alles nur das nicht. Oh, das ist mega creepy. Ich kann nicht. Max war gefesselt auch mal. Ich war 18, als Jefferson mich an diesen Stuhl fesselte.
Ich bin nicht mehr 18. Wie alt bist du jetzt schon wieder, Max? 28? Das ist also mein Weg. Kevin Knox! Kevinox_rated mit 14 Lüt. Danke dir für den Raid, Kevin Knox. Wie geht's dir? Wie war dein Stream? Und liebe Raiders, grüezi. Miteinander. Ja, schnell Szene wechseln hier. Schnell ein bisschen Musik reinmachen. Kevin Knox, Mann. Raiders, grüezi miteinander. Bussi, mir geht's gut, danke. Das freut mich. Und liebe Raiders, soll ich schnell auf Hochdeutsch machen, Kevin Knox? Du kennst deine Viewers, die du jetzt mitgenommen hast, am besten. Ne? Kannst du mir sagen, mach schnell Hochdeutsch, kannst du mir aber auch sagen, mach ruhig Schweizerdeutsch. Dann begrüße ich noch schnell erklären, wer ich bin. Liebe Raiders, aber was wir auf jeden Fall noch machen, ist ein Foto. Wir machen ein Foto. Sind alle im Lag? Okay, ich mache es gleich noch schnell auf Hochdeutsch. Liebe Raiders, ich bin der Troy, ich bin aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit vielen Spielereien, Effekten, Interaktivität, Gelabere und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Aktuell mit Life is Strange Double Exposure und McWayne. Grüezi. Kommt doch alle kurz aufs Foto. Ausrufezeichen Foto. Kommt aufs Foto drauf mit eurem Profilbild, zusammen mit Kevnox und mir. Kevnox, du kannst dann etwas auswählen auf der linken Seite, was neben dir aufs Foto soll. Let's go. Und ich schaue noch schnell. Kurz einen Check machen. 14 von 15, also der Bosskampf ist noch nicht ready, aber in dem Fall mit dem nächsten Raid wird der Bosskampf dann reingequeued werden. Ausser das ist dann spät. Ja, das schauen wir uns dann noch an. Aber Kevnox, du wärst noch Dungeon Leader. Luna, let's go. Und Baumi, grüezi. Baumi, schön bist du hier. Schön bist du auch noch auf dem Foto. Tiger auch noch auf dem Foto. Es hat noch viel Platz, Chat. Viel Platz. Und die meisten sind am Schlafen wahrscheinlich. Chess. Da noch schnell einstellen. Ja, dann nehmen wir den Blur raus, Chat. Das soll man sehen. Nein, was ist hier auf meinem Kopf hier? Was ist das hier? Käse auf Englisch, Bro. Chess? Jonathan? I am alive. Der Fishbone spuckt in deinem Kopf rum. Ja, das dunkelt mir auch. Pascal ist auch da. Pascal, wie hast du es? Schön, dass du da bist. Hallo. Jetzt kommen die Leute aus dem Lag. Ne? Jetzt sind wir am Verwachen, Chat, oder? Karls, hast du jetzt den Kübel mit Klasse gelehrt? Ich glaube schon. Ich muss noch schnell schauen, was du geschrieben hast. Waldbeere vom Migros, Crème d'Or. Oh. Jetzt ist mir leicht schlecht, ja, nachher so einen Kübel haben. Aber es ist halt schon geil. Das mache ich manchmal auch, Chat. Da gebe ich zu. Mach mal einen lauten Knall, dann sind sie wach. Was ist laut? Ausrufezeichen Jump. Da verschrecke ich immer, Chat. Da kann ich machen. So, Chat, wir machen ein Foto. Wir machen das Foto. Genau, geil. Das ist auch nice. Also, come on, 11 schaffen wir noch. Okay, Manti müssen aufwecken. Wir haben jetzt vorhin gesagt, der Manti, der fehlt jetzt einfach noch auf dem Foto. Es kann nicht sein, dass jetzt der Manti am Schlafen ist, oder? Dann haben wir die schnell müssen aufwecken. I'm so sorry. Und grüezi Manti, wie geht's? So schön, dass du da bist. Der Art ist auch, tut sich perfekt ins Bild integrieren. Auch perfekt ins Bild integrieren. Farblich, als wäre er Teil vom Hintergrundbild. Tarnung, absolut. Extra fürs Foto aus den Federn.
Let's Go Barracks ist auch noch da. Nice. Chat also. Also so wie jetzt das läuft, gerade mit den Leuten, die aufs Foto schauen, habe ich das Gefühl, wir machen die 37 noch voll. Kamulfarti. Ja, genau. Genau. Chat, wir machen ein Foto. Inzwischen 7 und 15 Sekunden. 6.5 hours later. Hey, let's go. Kev Knox da, unser Foto. Sehr schön. Und ab jetzt auf dem Discord drauf Ausrufezeichen DC. Und ich mache dann auch noch eine Story auf Insta und auf Twitch, wo ich dich markiere. Aber sehr geil. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Link im Chat. Findlibot ist auch noch auf dem Foto. Kopf, der süße Rülpser. Die süßen Rülpser helfen voll nicht. Aha, oh mein Gott, ich kann mir es genau vorstellen, oder? Geil. Karls, musst halt musst dich auch ein bisschen beherrschen. Ich weiss, wie es mit diesen grossen Köbeln ist. Ein bisschen Beherrschung und so. So, Chat. Wir gehen wieder ein bisschen retour ins Gameplay rein. Bosskampf wäre wahrscheinlich beim nächsten Raid nachher. Aber mal gucken. Wir machen jetzt da zuerst mal weiter. Und liebe Raiders, oder für all die neu reingekommen sind, wir sind im Life is Strange Double Exposure drin. An einem ganz komischen, weirden Ort. Das ist da in dem Spiel aktuell, wo wir gerade sind, ist alles ein bisschen verkehrt. Es ist quasi so wie ein bisschen upside down. So habe ich es vorhin verglichen. Es sind vermischte zwei Realitäten. Ja. Bye. Bye. Ich gehe wieder. Bye bye. Oh, bye bye. Und es ist fucking laut. Arena, ich habe ganz vergessen, dass ich das Emote noch drin habe. Ne? Kleine Baby Troy Emote. So, Chat. Wir haben hier eine Vermischung von diesem Raum und das ist wie eine Vermischung vom Bunker vom Jefferson im ersten Teil. Achtung, Spoilers. Die es kennen, die wissen das Bunker vom ersten Teil und der Bowlingbahn-Anlage da. Jetzt habe ich Durst. Nein, wieso hockst du jetzt hin, Max? Spinnst du? Nein, es ist gar nicht hingehockt. Das ist alles ein bisschen Straub und so. Hey, wenn jetzt der Jefferson auftaucht, da wäre richtig heftig. Was Besonderes, als ich dein erstes Selfie sah. Wanna play a game? Aber ich liebe die Reinheit deines eigenen Bildes. Scheiße, das hat doch Jefferson zu mir gesagt. Der hohe Wichser Jefferson, hey. Ich kann fühlen, wie er mich dadurch ansieht. Ich habe so oft davon geträumt. Ich hatte vergessen, Ja, das ist verständlich. wie sehr es mich verfolgt. Schaut so schon ein bisschen. Du hörst einfach nicht zu, wie. Sonst hättest du das ja vielleicht kommen sehen. Fick dich, Jefferson! Können wir uns jetzt endlich befreien, oder was? Aha, okay, gut. Nein! Nein! Nie wieder! Ich meine, das ist mega heftig für Max. Die Erinnerung ist wahrscheinlich, also das ist halt schon Trauma. Auch wenn wir es eigentlich ungeschehen gemacht haben, das ist eigentlich noch tricky an dem Ganzen. Wir haben es ungeschehen gemacht, aber wir sind jetzt trotzdem erlebt. Wahrscheinlich, und das noch mehrmals. So, können wir jetzt hier nach unten gehen? Zu verschwinden.
Also jetzt ist der Lucas da unten. Ist immer noch zu Lucas. Ja, ich Wenn weiß Safi nicht doch. gewesen wäre, wäre das mein Grabstein. Ja, das stimmt. Da wären wir am Anfang fast gestorben. Oh, wait a second. Oh, wait a second. Jetzt muss ich schnell ganz genau überlegen. Chat. Am Anfang hat uns Safi gerettet. Wir sind wegen der Safi nicht gestorben. Also, ich meine, es war eigentlich mega nebenbei gewesen, die Story. Es ist so wie, okay, ein Prolog. Der Prolog, ja. Aber was, wenn das die wichtigste Rolle spielt an der ganzen Story, dass Safi uns gerettet hat? Und eigentlich wir nicht dürften unter den Lebenden sein. Was ist, wenn das das Ding ist? You know? Ja, ich meine, es ist vielleicht auch mega weit hergeholt, aber der Trolllog. Ich meine, er könnte ja sein, ist mir jetzt auch gerade in den Sinn gekommen. Es ist so. Vielleicht wird da plötzlich der grosse Twist. Hey, wisst ihr noch, weißt du noch, wo das passiert ist? Da? Das hätte nicht passieren dürfen. Aber das Krasse wäre dann eigentlich, dass ja dann endlich Max müsste sterben, damit der Sturm weggeht. Das ist, aber hey, ich weiss jetzt auch nicht, wie ich das ist. Das ist einfach nur so eine Theorie, die ich jetzt habe, wo könnte sein, aber auch noch viele Fragen gleichzeitig aufwirft. Hey, Game ist echt geil. Mein Grabstein wird sicher mal vom Crème d'Or gesponsert. Du wirst eingefroren in so einem riesen Kessel voll Crème d'Or. So ein Scheiß. Was, wenn Max theoretisch im Teil 1 hätte sollen sterben? Das ist auch eine interessante Theorie. Ich habe das Gefühl, es wird ein Twist kommen, wo nicht so, ja, logischerweise nicht so naheliegend ist. Aber da könnte eben noch einer von diesen versteckten Hints sein. Habe ich das Gefühl. Aber finden wir den raus, Chat? Finden wir raus. Wo ist eigentlich der Lucas, Mann? Lucas, wo bist du? Machen wir jetzt hier Versteck spielen? Wir müssen wahrscheinlich switchen. Was ist mit dir passiert? Der Baum zu Mayas Andenken. Was zum Das Teufel macht der hier? ist der Baum, okay. In der Dunkelheit. Lucas, wir müssen reden. Wir starren einander im fensterlosen Kasten an. Es heißt wenn ich huste, dann schmeckt es nach Wald. Kampf oder Flucht. Vergib niemals. Lucas? Fight or flight, Chat. Ich, Max. Aber es gibt keine Glocken, Türen oder Fenster. Jetzt haben sie das Mikrofon wieder ins Maul genommen. Nur sein Gesicht. Ein Spiegel. Und ich fühle eine vergessene Hoffnung. Wir wissen, was du tust, Chat. Wir holen den raus. Mega schöne Ambiente-Sounds gerade. Aber wenn wir gerade schnell einen kleinen Zoom haben. Vielleicht wieder doppelt belichten? Machen wir. Aber können wir es jetzt so ein bisschen auseinandernehmen? Oder muss es zusammen sein? Ist egal. Max? Du bist es wirklich. Surprise, Motherfucker. Ich dachte, ich träume. Safi war hier. Wo zum Teufel sind wir hier? Schwierig zu erklären, Lucas. Bleib hier, okay? Es ist gefährlich da draußen. Also endlich sind wir in einer Bowlingbahn in Arcadia Bay und wenn du raufgehst, bist du im Bunker von Jefferson. So sieht es aus. Fliehen? Ja, okay. Max? Bist du das? Reggie. Oh, du bist okay. Was zum Teufel passiert hier? Bin ich sicher. Was mit der Zeit? Nem Zeitvortex in
Form eines Sturms? Zeitvortex. Scheiße, du hast recht. Ich erinnere mich, dass Safi erschossen wurde. Und dass ich sie auf dem Campus gesehen habe. Bleib einfach hier, ja? Ich bring das in Ordnung. Jetzt sind jetzt endlich alle da. Ist Safi. Nicht wahr? Das ist ihr Schmerz, den wir verursacht haben. Ich glaube nicht, dass Safi dir Vorwürfe... Nein, du hast recht. Tut sie nicht? Sie war in meinem Kopf und sie denkt überhaupt nicht an mich. Gar nicht. 2 Safis. In 2 Welten und... beiden ist egal, ob ich lebe oder sterbe. Weißt du, ich war in sie verliebt. Oder dachte es. Manchmal sind die besten Dinge direkt vor einem. In dem Fall jetzt aber nicht, gell? Wenn verstehe, bitte Max jetzt nicht Ich sollte falsch. nachsehen, ob es Reggie gut geht. Er braucht bestimmt eine Umarmung. So ähnlich. Ich bringe das in Ordnung. Vertrau mir. Fienchen, soll ich den Win noch schnell küssen? Das tue ich. Ah, ja. Spaß. Ich vertraue dir. Sei vorsichtig, Max. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, das ist jetzt so ein Moment, wo er wenigstens mal nicht ein Arschloch ist, oder? Wo er so ein bisschen, wo man muss sagen, okay, jetzt, in dem Moment ist er okay. Dann haben wir schnell schauen, ansehen. Er hat echt Angst, aber hält durch. Es tut mir so leid, Van. Dann komme ich gerade vorbei im Will Smith Cosplay. Oh, so gut. Chat, ich glaube, wir müssen da raus, oder? Die Bowlingbahn. Also, ich frage mich jetzt, wie lange wir gefangen sind in dieser komischen Welt. Schätze ich mal. Was wir vor allem auch mit ihm machen. Amanda! Gott sei Dank. Bist du okay? Weiß nicht. Komischer Scheiß in der Turtle heißt, dass jemand Bilder umdreht oder ein Kloschlüssel fehlt. Nicht das! Und Gwen am Saufen, oder? Max! Was ist das für ein Sturm? Warum ist Gwen da draußen und warum flippst du nicht auch aus? Amanda. Hol dir doch ein Wasser. Oder ein Bier. Und ich verspreche dir, ich erkläre dir bald alles. Oder versuch's. Ich glaube nicht, dass Gwen so richtig versteht, dass sie draußen ist. Also das heisst, wir müssen Gwen reinholen. Ich muss nah genug ran, um ein... Wahrscheinlich müssen wir Amanda auch noch föteln. Amanda noch föteln und so, keine Ahnung. Und nein, Highway Racer, wir ziehen uns nicht aus mit der Amanda zusammen. Das lassen wir sein. Das würde jetzt einfach nicht so gerade in die Story passen. Ansehen. Mit den ganzen Stühlen im Weg komme ich nie hier durch. Sollen wir noch schnell schauen? Kann ich mit ihr noch mal schnell reden? Ich will nur das... Nein, kann ich nicht. Füge stressresistent zur Liste von Amandas Talenten hinzu. Okay, da können wir nicht, oder? Das heisst, wir machen schnell den Switch. Jetzt hat auch der Ton gefällt, okay. Du spielst bestimmt. Du spielst bestimmt Lost Records, Bloomberg and Rage nächstes Jahr. Mit den 4 Girls. Ist wie Stand By Me ähnlich. Was zum Teufel ist Lost Records, Bloomberg and Rage?
So simpel, das sagt mir jetzt gar nichts. Klär mich auf. Klär mich auf. Ja. Ich das dachte, hört ich nicht mehr würde auf. mich dran gewöhnen. Wo sind wir? Das Motel wenigstens das Motel ist neu. Ja. Mein erster Also. Tagebucheintrag nach meiner Zusage von Blackwell. Wo genau? Nein, jetzt gehen wir schnell Nachrichten lesen. Die Katze, hä? Wo hat uns Blog Chloe? Okay, lesen wir schnell die Sachen, Chat. Hey Hippie, ich wollte nur sagen, egal was passiert und egal was passiert ist, du bist für mich immer spitzenmäßig. Das haben wir schon gelesen. Das haben wir gelesen. Max, wenn Worte tanzen könnten, wäre dies ein Rave. Obwohl ich noch nie auf einem war. Wen kümmert's? Ich kann an die Blackwell Akademie. 4 Girls, die auf Tour Stories erleben, ähnlich wie Life is Strange Entscheidungen. Oh! Also finde ich jetzt das ist die richtige Aufmachung schon mal. Muss man das mal mehr notieren. Muss mir das notieren. Erinnerung. Let's go. Merci Sir Simple für das. Das kann ich mir anschauen. Aber wisst ihr, der Chat, wo ich gerne einen zweiten Teil wette? Ja, von Kena auch. Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde gerne einen zweiten Teil haben von Road 96. Road 96 habe ich so geil gefunden. So abwechslungsreich gewesen. Dort hätte ich gerne einen zweiten Teil. Da haben wir nichts Neues. Victoria Warren haben wir gelesen. Gut. Nichts Neues. Kühlschrank. Schauen wir mal schnell, ob da das Glas drin ist. Crème d'Or. Ja? Waldbeeren, Chat. Selbst wenn ich hungrig wäre, warte ich lieber, bis ich wieder in der Snapping Turtle bin. Heute Abend in Malheur im Motel. Max macht Käsetoast und begeht versehentlich Brandstiftung. Das ist wie in Sims. Eigentlich mit der Küche interagieren und dann brennt die ganze Hütte ab. Chloe und ich sind keine Feinde. Sie will nur nicht mehr mit mir reden. True. Was ist das gewesen? Das kann nicht die richtige Zeit sein. Ja, wir schauen es nochmal an. EX6F mal. Also, wenn ich so auf die Uhr schaue, muss ich sagen, das stimmt. So mag ich sie. Groß, schattenhaft und nicht sehr helle. Was haben wir da? Stativ. Ein neues Stativ ist überfällig, aber wir haben zusammen so viel durchgemacht. Öffnen. Fluchtplan. Kein Ausweg, wie? Die Geschichte Ah ja. Die berühmten Berge von Topeka, Kansas. Topeka, Kansas, Chat. Tu dich mal beruhigen. Ich wollte da schnell einen Lautcheck machen. Irre, dass mein Gepäck eine so offensichtliche Metapher ist. Deshalb ist Safi die Poetin und nicht ich. Hast du gemeint Song of Horror? Ja, jetzt müsst ihr noch weitermachen, Chat. Ja, also ich will jetzt nicht... Ich will nicht behaupten, dass Song of Horror schlecht ist, aber es zieht sich halt schon brutal. Es ist eher etwas... Ich glaube, das ist geil, wenn man es off-stream macht. Trotzdem werde ich aber dort schon noch einmal weitermachen. Aber hey, ich lade euch auch entscheiden. Indiana Jones wäre jetzt sicher etwas, was wir zuerst machen würden. Habe ich das Gefühl. Eltern, wir haben einen Hund. Chloes Dietriche. Aber Kena 2 wäre ein absoluter Traumchat. Kena 2. Da muss einfach kommen. Gebraucht hätte. Ist es... Ich bin verwirrt. Was müssen wir machen? Raus. Keine Sorge, Safi. Ich komme.
Ist das dasselbe Zimmer? Nein. Hier habe ich in Santa Fe übernachtet. Oder? Sieht doch alles gleich aus. Lösch meine Nummer. Hab ich versucht, Chloe. Oh, okay. Für mich hättest du dich nicht umziehen müssen. Also der Wecker hat vorher ein bisschen anders ausgesehen. Der sieht ey, aha. What the fuck, das ist gar kein richtiger Wecker. Chloe meinte immer, dass meine Fotoshootings nur eine Ausrede waren, um mit ihr allein zu sein. Sie hatte nicht unrecht. Jetzt geht der gerade Post. Oh, Sleepy Max. Sleepy Max ist sleepy. Ja. Moment mal. Okay, warte. Das ist mit ziemlicher Sicherheit das Motel in Cleveland. Schau mal, jetzt ist da der hohe Ding. Ist jetzt auch nur noch so ein Aufsteller. I like. Darum, das habe ich aber so komisch gefunden. Ich dachte, hey, hat das wirklich vorher auch schon so ausgesehen? Es wird also alles irgendwie immer künstlicher. Simon, das Problem ist, ich erinnere mich nicht nur an die Vergangenheit. Ich erlebe sie. Sogar an meinen Träumen. Ja, Max, weiter ins Verderben. Okay, Cleveland. Vielleicht ist geschlafen, Max. Bis Juni. Oder September. Oh, es wird immer komischer. Ich bin so müde. Sleepy Max. Sleepy Max has to sleep. Oh, das ist auch geil. Jetzt ist auch alles nur noch 2D. Oh, das ist speziell. Ich liebe die Kreativität. Mein Königreich für einen Ort, um meinen Kopf zu betten. In Sachen Leveldesign. Und gleichzeitig im Storytelling. Wenn ich mich ein bisschen hinlege, hören die Räume vielleicht auf, sich zu drehen. Max hat sich einen Moment der Reflexion gegönnt, Chat. So gut an. Ich wünschte, ich müsste nicht fürs Shooting aufstehen. Wer war nochmal mein Kunde? Und an welchem Ort? Das ist das Problem, wenn man so viel rumkommt. All diese Zimmer. Max, riss dich schnell zusammen, Mann. Nach einer Weile einfach. Hey, jetzt kann ich sagen, also das ist ja die Ventilatoren, die man hört auf den Kopfhörern, die halt mega basslastig sind. Ich finde es aber irgendwie noch... Ich finde es mega geil, aber es ist auch ein bisschen unangenehm. Es ist ja so an dieser Grenze. Gerüchte aufsteht, dass DigiXarts auf Instagram Entscheidungen von Zeus Mutter in Frage stellt. Vielleicht ein Prequel. Mhm. Von welchem Spiel reden wir jetzt? Simpel. Ich habe gerade den Faden verloren. Also DigiXarts ist der Entwickler. Jetzt. Merci. Road 96. Wegen... das wäre schon noch interessant. Das wäre absolut interessant. Da würde ich mega gerne spielen. Sie haben einmal so ein DLC gebracht, das aber schlecht war. Da habe ich schon angefangen. Ja, der Puls ist schon angenehm über den Kopfhörer, genau. Ich weiß, was du meinst. Formloser Klecks aus Motels. Wie eine Art Nebel. Geh nicht in den Nebel, Max. Wach auf, Mann.
Das ist mega unangenehm, das stimmt. Übrigens kommt nächstes Jahr auch Split Fiction raus. Ein Game für 2, wo man als Sci-Fi- und Fantasy-Autorinnen muss durch denen ihre Story spielen. Ist das da, wo der Nachfolger ist von It Takes Two? Was ja absolut. Das ist eigentlich mein grösster Traum, dass dort endlich ein neues Spiel kommt von denen, die It Takes Two gemacht haben, was einfach so ein geiles Game war. Und dann auch so Coop-Erlebnis. Du sagst, ja, es ist vom gleichen Studio, aber nicht direkt ein Nachfolger. Ja, das ist auch in Ordnung, weil du kannst auch einen schlechten Nachfolger von It Takes Two machen. Du kannst höchstens sagen, andere Welt, aber It Takes Two funktioniert so in seinem eigenen Ding. Ist auch mega verspielt und so ein bisschen Fantasy und schön gemacht. Aber so in diesem Stil, sage ich mal, weil die haben es einfach fertig gebracht, x Stunden Content zu bieten. Jetzt als einisch und der mitspielt, muss es nicht einmal auch kaufen. Also man kauft es einisch für 2 Spieler. Es ist abwechslungsreich von Anfang bis Schluss. Du hast immer neue Sachen, die du machen kannst. Und das war für mich einfach absolut mindblowing. Und darum wette ich von denen nochmal so ein Game, wo vielleicht ein anderes Setting ist, aber der gleiche Content, die Menge und der abwechslungsreiche Content kann bieten. Das wäre echt geil. Und das kommt eben. Das ist in dem Fall das. Holy, da freue ich mich mega drauf. Nebel. Nebula. Klasse. Mit. Waldbeeren. Das ist nicht richtig. Let's get the fuck out of here, Max. Ja? Wie komme ich hier raus, wenn ich... Wie komme ich hier raus, wenn ich nicht mal die Tür öffnen kann? Let me think. Feister. Okay, drücken. Wenn die Tür nicht aufgeht, trete ich sie ein, ich schwör's. Lass mich raus! So speziell, so gefangen sein in so einem Raum, wo so zweidimensional wirkt. Krass. Okay, wir sind wieder da. Da ich jetzt ans Fegefeuer und zurückgereist bin, kann ich endlich nachsehen, was... Bin zurück. Himmel, Max! Warn mich doch vor! Sorry. Du bist verschwunden und ich wusste nicht, wohin. Surprise, Motherfucker. Und ich verspreche, ich erkläre dir alles. Später. Jetzt müssen wir schnell Gwen holen. Gwen! Dort ist sie. Steht cool dort, oder? Am Bier saufen. Machen wir gerade einen Schnappschuss, Chat. Halte durch, Gwen. Es ist fast vorbei. Max! Oh, danke. Das Komitee, sie waren alle... Safi. Sie nannten mich Hochstaplerin. Und feige. Ist okay. Ich bin hier. Amanda, du und Gwen bleibt hier in Sicherheit. Warte, was hast du vor? Safi ist da draußen. In der Nähe.
Ich kann sie spüren. Und sie braucht mich. Und ich brauche sie. Jetzt gehen wir Safi suchen. Sei vorsichtig, ja? Bin ich immer. Okay. Warum verliebe ich mich immer in die Schwierigen? So, Chad, jetzt brauche ich so, wie bei Stranger Things, jetzt muss irgendwie so Metallica One kommen. Dann so irgendwie so ein epischer Fight. Gegen Safi. Ah, da bist du. Oh. Ich vergesse immer, wie touchy du bist. Touchy? Chat, jetzt ist mir noch gerade etwas in den Sinn gekommen. Was ist eigentlich mit dem huren Polizist genau passiert dort? Das ist ja nie richtig beantwortet worden. Und der hat sich selber gesehen, dann haben sie sich berührt und dann haben sie sich in die Luft aufgelöst. Das kann ja nichts mit der Safi zu tun haben. Das ist auch noch mal so ein Fragezeichen, das gerade wieder aufgeploppt ist in meinem Kopf. Aber egal, wir machen da mal weiter. Bist du selbst? Ich dachte, ich hätte dich verloren. Safi. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Als ich dich nicht mehr sehen konnte, dachte ich... Es war ein wenig knapp. Danke, Max. Bedank dich noch nicht. Wir müssen immer noch einen Weg hier rausfinden. Aus dieser Welt. Ey, gönn mir einen Moment. Safi gönnt sich einen Moment der Reflexion. All das war ganz schön gestört. Ja. Wer braucht schon einen König mit seinem ganzen Heer? Ich hab Max Caulfields Superpower. Was? Ich war ziemlich cool. Kein großes Ding. Doch, ich war ziemlich cool, Chat. Ich war wirklich ziemlich cool. Dein Dank schmeichelt mir. Betrachte dich als geschmeichelt. Okay, also. What the fuck? Also, meinst du, dass alle einfach vergessen, dass ich ihnen die Seelen zerfetzen wollte? Alle wirken hellwach. Ich habe die Vergangenheit nicht gelöscht. Hä? Ich entscheide schnell. Alle wirkten hellwach. Ich glaube kaum. Alle, denen ich begegnet bin, wirkten hellwach. Und die Zeitlinien scheinen sich zu vereinen. Cool. Fantastisch. Wir kümmern uns drum. Zeitreisen, alternative Welten, die zerbrochenen Teile deiner instabilen Freunde zusammensuchen. Was kannst du sonst noch? Dir Frühstück machen? Nasenbluten, Migräne, das nehme ich. Weiß nicht. Ich habe oft Nasenbluten. Und Migräne. Diese Kraft erfordert viele Schmerztabletten. Was? Du wirkst so ruhig. Sie wirkt wirklich mega ruhig. extrem entspannt. Nicht traurig. Bedenkt, dass wir in einem übernatürlichen Zeitsturm festsitzen. Es sind die kleinen Dinge im Leben. Frappuccinos, Filmnächte, Eicheln. in der Leere rumhängen. Was sind das für Katz-Chat? Komm mal nicht raus, Mann. Ich will nur sagen, Okay, jetzt sind wir da. ich bin froh, dass du hier warst und weißt schon. Aber ich habe die Seelen von allen hier in kleine Stücke zerrissen.
Chat, ich lasse euch noch einmal mitentscheiden. Da. 1, sie werden dir vergeben. 2, das war keine Absicht. Ich weiß nicht, wie entscheidend jetzt so das ist. Aber ihr dürft auch wieder mal entscheiden, Chat. Was würdet ihr nehmen? Mal schnell überlegen, was ich... Ja, das 1 ist so ein bisschen, hey, gut zureden. Ein bisschen positiv sein und so. 2 ist eher ein bisschen realistisch. 1, machen wir 1, Chat. Sie werden dir vergeben. Werden Sie das? Vielleicht vergebe ich Ihnen nicht. Maya ist immer noch tot. Alle, die mir wichtig sind, haben mich verraten. Meine Ma wird sich nie ändern. Ich denke, das Beste wäre ein klarer Schnitt. Ich gehöre nicht hierher. Sag das nicht. Alles wird gut werden. Pampern. Nachdem Arcadia Bay zerstört war, was hast du gemacht? Ich bin weggerannt. Mit Chloe? Du bist nicht ich. Ich hätte es nicht tun sollen. Chat, die brauchen euch 1 oder 2. Du bist nicht ich. 1. 2, ich hätte es nicht tun sollen. Also sagen wir, hey, du bist nicht ich, darum säckelst nicht weg vor dem. Oder 2, wir bereuen eigentlich, als wir geflüchtet sind. 2, 1. So are simple calls. Was meint ihr? Ja, ich finde es irgendwie noch schon. Ja. 2. Also, Chat machen wir 2. Aber das war dumm von mir. Und ziemlich feige. Ich habe Jahre damit verschwendet, mich selbst zu hassen. Zu wissen, dass ich bessere Entscheidungen hätte treffen können. Die alle, die ich liebe, retten. Auf Kosten von der Chloe, ja? Du liegst falsch. Leute wie du und ich. Wir gehören nicht an eine zweitklassige Kunstuni mit einem Haufen abgewrackter Blogger, die einander für eine Festanstellung in den Rücken fallen würden. Wir sind fucking Götter. We're gods. Komm schon. Ich mein's ernst. Den wir können. Götter tun sowas. Komm ein bisschen runter, Sophie. Monster. Ja, fair enough, das so zu sehen. Du bist kein Monster. Ich habe keine Angst mehr. Chat, ich brauche euch. 1, du bist kein Monster. 2, ich habe keine Angst mehr. 2, Ryan sagt 2. Simple sagt 2, alle sagen 2, Chat, wir machen 2. Safi, ich habe keine Angst mehr. All das Zeug über Flüche und Schicksal und die Welt zerbrechen. Es ist nicht echt. Du bist echt. Du bedeutest mir etwas. Bleib bei mir. Und wir können es wieder gut machen. Ich habe Leute verletzt. Und ich hab's wieder gut gemacht. Wir schaffen das. Gemeinsam. Oh. Und da sind wir wieder, Chat. Natürlich. Klar. Du bist so selbstbewusst. Klar kann ich mich am Ende nur auf mich selbst verlassen. Safi, ich kann... Mein letztes Stück, Max. Es ist in dir. Warum tut es mir nicht genauso weh wie allen anderen? Vielleicht
Vertraue ich dir? Oder ist es mehr von deinem Magic Max Scheiß? Muss ich es wirklich rausholen? Ist das weird? Eins oder zwei im Chat. Ihr könnt jetzt da durchgehend entscheiden, was abgeht. 1 gar nicht, 2 ein wenig. Ist es weird? 2, okay. Würde ich auch sagen, Chat. 2, macht mehr Sinn. Also es ist ein bisschen weird. Fienchen hau. Okay. Es ist seltsam. Ja. Was bedeutet das schon zwischen Freunden? Wir sollten es, oder? Kommen wir so hier raus? Wenn ich doch Let's wetten try. müsste, ja. Ist vermutlich am besten. Du sollst dir schließlich keine Infektion holen. Also was ist jetzt die Idee? Dass wir von uns selber ein Foto machen? Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay, wir machen von uns selber ein Foto. Macht Sinn. Okay, na, Doppelbelichtung. Nice. Und da sind wir. Safia. Oh mein Gott. Da Jasmin. sind wir. Alles wird gut, keine Sorge. Können Sie aufstehen? Brauchen Sie... Safi, hilf mir! Klarer Schnitt. Weißt du noch? Ist in Ordnung, Maxine. Wenn Safia so tun will, als wäre ich nicht hier, dann ist das ihr gutes Recht. Ich lese es gerade vor nachher. Ne? Lieber Quertutsu, möge die Nacht für dich genauso spannend und aufregend sein wie das Hacken von IP-Adressen. Träume von Abenteuern mit Spider-Man und lass dich in fantastische Welten entführen. Ja? Und vergiss nicht den Mjölnir-Fleischhammer. Hey Quertutsu, mach's gut, schön bist du dabei gewesen und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Falls man sich nicht mehr liest vor Weihnachten, Ende wäre ich noch live, dann wünsche ich dir schon mal schöne Festtage und geniesse es. Und bis zum nächsten Mal. Quertutsu, bye bye. Wie geht das zu Ende? Ich raste aus. Aber ich glaube, wir sind noch nicht am Ende, oder Chat? Also ich glaube, da braucht es schon noch etwas. Da muss noch die Post abgehen, oder? Chat, jetzt sind ihr wieder am Entscheiden. Erste Variante, sie ist... Deine Mutter. Oder 2, du gehörst hier nicht. Du gehörst hierher. Nicht, dass ich es noch falsch vorlese. Sie ist deine Mutter. Du gehörst hierher. 2, 2, 2. Also wir nennen nicht, sie ist... Deine Mutter. Okay, wir nennen es 2. Du gehörst hierher. Dein Platz ist hier bei uns. Wir brauchen dich. Oh, schon mega schön. Ich brauch dich, Safi. Safi? Come on. Ich kann sein, wer ich will, Max. Oh nein. Süßes Mädchen in der Bar. Das ist ein absolutes No-Go. Ich kann sogar... Sie hat versprochen, dass sie es nicht macht. Chat. Safi, hör auf damit. Das finde ich jetzt schon ein bisschen dreckig. Ding! Bloß von mir fern! Du machst, dass sie das vergisst, oder?
Oder noch besser, dass ich sie nie angeschossen habe. Du hast einen Alles-Zurück-Knopf fürs Leben, Max. Benutz ihn. Hey, come on, Sophie, what the fuck? Ich entscheide schnell, weil das tönt so ein bisschen nach dem Gleichen. So funktioniert das nicht. Sag mir nicht, was ich tun soll. So funktioniert das nicht, Wenn Sophie. du glaubst, dass das so funktioniert, verstehst du gar nichts. Es hat immer seinen Preis, Safi. Einfach immer. Du hast recht. Ich habe viel zu lernen. Also bring's mir bei, Miss Caulfield. Was? Du meintest, wir können alles richten. Zusammen. Safi. Ich kann nicht. Ich hab... Mein Leben und alles... Ich werde andere Leute wie uns finden. Leute mit Kräften. Ich dachte mein Leben lang, ich wäre die Einzige. Und dass ich es nie irgendwem erzählen könnte, denn sie würden mich so ansehen. Aber du bist hier. Du und ich. Eine Zeitreisende und eine Gestaltwandlerin. Stell dir vor, was wir zusammen tun könnten. Aber Sophie hat es nicht unter Kontrolle. Wen kümmert's, dass ich ein dummes Mädchen bin, dessen Mutter zeigen muss, wie die Welt läuft? Denn jetzt funktioniert sie genauso, wie ich will. Bleib hier. Bei deinem Job, deinem Leben, welch unwiderstehlichen Ruhm Caledon dir bieten kann. Aber ich muss es wissen. Wenn ich zurückkomme, wirst du an meiner Seite sein, Max? Ziehen wir das durch, zusammen? Oder war alles, was du im Sturm gesagt hast, nur Gelaber? Sophie. Fucking hell. Ja, es war ja klar, Chat, dass der jetzt entscheiden müssen. Verweigern 1. Einwilligen 2. Ja, also sie ist... Nee, die hat ihre Power nicht unter Kontrolle. Und das hat sie ganz klar gesagt, wo sie gesagt hat, wir sind Götter. Kommt nicht gut. Kommt nicht gut, Chat. 1, würde ich auch sagen. 1. Noch schnell kurz. Moment, ich muss noch schnell etwas schauen, Chat. Also ganz klar 1. Wir verweigern, Chat. Wir verweigern. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Also, sorry, Sophie. Ich bin ja froh, dass es dir gut geht, Safi. Und dass du dich nicht mehr einsam fühlst, aber... Hi, Bender Musa, hi. Wenn du deine Kräfte gedankenlos einsetzt. Sie sind keine Gefängnisfreikarte. Kurz pausieren. Bender, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Grüße nach YouTube. Und was ist das, um was geht es? Es ist das Spiel Life is Strange Double Exposure. Oh, das ist jetzt noch schwierig zu erklären, so kurz. Aber so ganz, ganz grob zusammengefasst. Also wir spielen Max Caulfield aus dem ersten Teil. Da gibt es auch mehrere Teile von dem Spiel. Max kann zwischen 2 Realitäten hin und her switchen. Und Sophie ist eigentlich eine Freundin von Max, die hat aber auch ihre eigenen Kräfte. Also Sophie, die wir hier sehen, sie kann sich in andere Leute verwandeln. Ja, es ist jetzt viel passiert, aber grundsätzlich so die Entscheidung jetzt war, hey, wir unterstützen nicht quasi ihre Denkweise. Wir haben das Gefühl, dass sie mit ihren Kräften nicht umgehen kann. Ja, sie fühlt sich so ein bisschen wie ein Gott. Und die beiden würden sich natürlich gut ergänzen, ne, mit ihren Fähigkeiten, aber wir haben jetzt gesagt, nein.
Das jetzt ganz kurz zusammengefasst, jetzt auch die aktuelle Situation. Jetzt auch Safi, die halt enttäuscht ist, ne? Okay, Dass wir let's gesagt go, haben, nein. Wir sehen uns. Ja, aber so langsam verstehe ich eben, dass man vielleicht Safi müsste umlegen irgendwann, wenn es jetzt auch ihr Ding macht. Das kommt nicht gut, Chat. Ist jetzt das das Ende von einer Episode gewesen, Chat? Nein, noch nicht ganz, oder? Ein paar Tage später. Die Musik ist sehr schön, wie immer. The Life is Strange, geile Musik. Lucas. Loretta. Das Handy. Das war so wieder ein geiler Cut. Ach so, okay, verstehe. Ja, ja, wahrscheinlich ist das Wichtigste. Das Wichtigste habe ich jetzt erklärt. Aber es ist schon sehr komplex, ne, jetzt auch, was alles passiert ist. Chat, wir lesen kurz, was hier noch reingekommen ist. Zuerst einmal Moses. Ich habe ihr ein Bett in einer Kiste gemacht. Sie liebt es. Und sie liebt es, auf meinem Laptop zu sitzen und auf meiner Playbox und meinen Büchern. Du bist ein Katzenpapa. Katzen lieben Rechtecke. Das mache ich. Katzen lieben Rechtecke, Chat. Ist doch so, oder? Echt? Ich frage mich, ob es dafür einen psychologischen Grund gibt. Es freut mich, dass alles klappt. Soweit, so gut. Es sind jetzt übrigens alle hier in der Turtle. Bist du sicher, dass du das machen willst? Was wollen wir genau machen, Chat? Was ist der Plan? Ja. Richtig gesehen, hast du jetzt gerade gezuckt? Habe ich gezuckt? Ich weiß es nicht, Arti. Ich bin nicht verschrocken. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich verschrocken bin. Nein, tatsächlich nicht. Vielleicht ein bisschen. Aber Arti, einfach, dass es schnell gesagt ist. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht gewesen, gell? Und da muss ich jetzt gerade schnell die Szene wechseln. Arti, also ich war schon ein bisschen enttäuscht gewesen, als du nicht weitergezockt hast bei Mortuary Assistant. Ich wäre so ready gewesen. Ja, wo du dort die Leichen ausgepumpt hast, wo da die Flüssigkeit rausgekommen ist, da habe ich gerade meine Barbecue-Soße auf dem Burger da. Ich war so ready gewesen. Nachher hast du auch nicht weitergemacht. Bin ich schon ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich habe gemeint, du hättest es noch gekauft. Nein, alles gut. Ich habe es eben wirklich durchgezockt dort. Oder? Ja, ich sage jetzt mal durchgezockt, so gut wie man es durchzocken kann. Du hast sie jetzt, okay. Ich habe es mega gefeiert. Ich habe das wirklich mega cool gefunden. Es ist geiler Horror, also ist auch mit Jumpscares und so. Aber ich habe es mega gefeiert. Chat müssen schnell schauen. Mama und Papa, wo sind wir gewesen? Aber nicht zu viel Zeit. Ja, wir lieben dich, Max. Ich euch auch. Chloe. Sie kennt mich besser als sonst irgendwer. Kannte. Wo haben wir geschrieben? Ist das neu? Mein jetziges Ich? Nach all dem? Vielleicht wird es Zeit, dass ich diese Max kennenlerne.
Hey Max, ich verstehe, falls ich die Letzte bin, von der du hören willst. Ich habe in den Nachrichten von dem Sturm gehört und hoffe, dass bei dir alles in Ordnung ist. Oder aber finde ich auch mega schön, dass Chloe schreibt. Finde ich natürlich auch mega schön, weil Chloe weiß ganz genau, was es mit dem Sturm auf sich haben könnte. Schnell Tagebuch-Check machen, Chat. Wir haben eine Seite mehr. Es gibt keine Naturgewalt in meiner Welt wie Safi. Aber wir sind keine Götter. Hat sie nicht gesehen, was passiert ist, was unsere Kräfte anrichten können? Sie hätte Jasmin töten können. Nach all diesen Ereignissen war ich so betäubt, dass ich nicht wusste, ob ich wach bin oder träume. Zeitreisen funktioniert auch so. Es ist echt, bis sich keiner außer dir daran erinnert. Ich habe meine Entscheidungen angezweifelt. Ich habe Dinge bereut. Ich war mir nicht sicher, welche Worte ihre waren und welche meine. Es war, als wären wir immer noch im Kopf der anderen. Du hast auch mal einmal so gefühlt. Ich wollte dich so kennen, wie ich mich selbst kenne. Ich war stolz, als ich die Worte, die du dachtest, laut aussprechen konnte. Ich dachte, wir hätten eine Verbindung, aber ich konnte nicht vorhersagen, was sie tun würde. Und jetzt ist Safi fort. Wer weiß, ob sie je 3 zurückkommen wird. 3. Mit Crosstalk auch noch schnell anschauen. Schnell schauen, ob wir irgendetwas Interessantes haben. 3, ja jetzt 3. Jetzt habe ich es auch begriffen. 3. Wir haben 3 Uhr Chat. Ich bin offiziell... Ich bin keine offizielle Stimme für Caledon mehr. Das doch passt bitte aufeinander auf. Der Sturm letzte Woche war ein traumatisches Erlebnis für uns alle. Chat, wirklich. What the fuck? Dramatik. Keine Lügen mehr. Kein Verstecken. Es fühlt sich so komisch nach einem Ende an. Alle warten in der Snapping Turtle auf mich. Aber das kann ja nicht sein. Das ist jetzt nicht das Ende. Nee, das kann nicht sein, oder? Ich will es auch gar nicht wissen. Kokainum. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich glaube nicht, dass das Ende ist. Aber es fühlt sich so irgendwie so... der Sturm ist weg, ist vorbei, ist alles gut. Der Sturm ist gekommen. Alle sind gesund, gut. Merci. Etwas besser als... Ja, ich war auch total... Ja, wollt ihr mir etwas erzählen? Wenn ich Safi wäre. Nicht nach all dem. Und ihre eigene Mutter hat es vertuscht. Ja. Neues Buch in Arbeit? Diesmal vielleicht lieber Science Fiction? Max. Erzählst du mir, was ich da durchgemacht habe? Oder muss ich die nächsten 10 Jahre in Therapie? Ich weiß nicht, wie ich das alles erklären soll. Du solltest es als zweite Chance auffassen. Bin schon dabei. Ich arbeite hier an meiner Entschuldigung. Wie wär's? Gibst du mir konstruktive Kritik? Ja, natürlich gibt dir Chat sehr gern konstruktive Kritik, Chat. Ja, sicher. Lass mal sehen. Ist vielleicht etwas holprig. Wir können jetzt Ich das zusammen hoffe, korrigieren. die gütige Hand der Empathie verpasst dir eine Ohrfeige, Lucas. Lesen. An meine Fans und... An meine Fans und andere interessierte Parteien. Mittlerweile habt ihr bestimmt die Gerüchte über mich gehört und in Anbetracht dessen, was Social Media ist, werden viele von euch bereits eine Schlussfolgerung gezogen haben und taub für jegliche Entscheidungen sein, die ich veröffentliche, egal wie begründet oder aufrichtig sie ist. Für jene, auf die dies zutrifft, ich fürchte, hier trennen sich unsere Wege. Doch für jene, die bereit sind, jemandem, der einen Fehler begangen hat, die gütige Hand der Empathie zu reichen. Ich danke euch aus tiefstem Herzen. Zum Anfang, ich möchte mich für jeglichen Schmerz entschuldigen, für meinen
der meinen Langzeitfans und Unterstützern und jenen, die so viel Zuneigung für Wilder Beasts Than These gezeigt haben, durch diese Angelegenheit bereitet wurde. Oder so. Ich weiß nicht, ob ich es richtig vorgelesen habe. Ich bete, dass ihr eure Emotionen nicht davon beeinflussen lasst. Emotionen sind nicht gut oder schlecht, sie existieren einfach. Außerdem möchte ich mein aufrichtiges Bedauern dafür ausdrücken, wie dieses Buch entstanden ist. Ab sofort stifte ich einen Teil der Tantiemen an eine nationale Organisation, die sich der Verhinderung von Selbstmord widmet. Okay. Chat, können wir da jetzt etwas korrigieren? Meinst du irgendwas davon ernst? Wen juckt's? Ja. Es kann keiner Ja. sagen, es wäre geklaut. Als ob sie das abhält. Ich hätte jetzt sogar noch ein bisschen andere. Was willst du jetzt tun? Weiß auch nicht. Mich um Robbie kümmern. Chat, wir können leider nicht Ich hoffe, er gibt mir eine zweite Chance. Das ist vermutlich das Schlauste, was du je gesagt hast. Ich kann ja nicht in Caledon bleiben. Hier sind jetzt alle gegen mich. Wer ist jetzt das Opfer? Du, natürlich, Lukas, natürlich du. Gut, Na gehen dann. wir weiter. Leb wohl, Lukas. Viel Glück. Ja, dir auch. Ja, der Lümmel, der. Ich finde es noch geil, als oben jetzt steht kombiniert. Beide Realitäten haben wir kombiniert. Safis Denkmal ist nicht mehr hier. Oder war es nie? Wieso sind die alle so blind für ihre eigenen Fehler? Hey, das frage ich mich so. Das frage ich mich so. Also, Snapping Turtle müssen wir gehen. Machen wir noch schnell da. Gehen wir auch nicht im Kreis. nicht genau so, aber schon, ja. Ich versuche Ich bin froh, dass du den Sturm überstanden hast. Mhm. gleichzeitig damit ab. Hey, Alice. Hey, du hast mir nicht zurückgeschrieben. Ich wusste Hi. nicht, was ich sagen soll. Es hat angefangen als Freundschaft, um zusammen ein Campus-Assassinenspiel zu gewinnen. Und es endet mit: Hey, hast du den Wahnsinnssturm letztens miterlebt? Erinnerst du dich an viel zu viele? Ja, ja. Snapping Turtle müssen wir gehen. Hm? Wo können wir da rauf? Das ist auch wieder so Level-Design. Turtle ist gleich hinter der Wir dürfen Brücke. da nicht rauf, weil Einige da Leute etwas im warten Weg steht. Ja, ist schon gut, Max. Ich dachte, ich gehe jetzt da noch nicht hören. Was hat jetzt die gerade für eine Bewegung gemacht, sagen Sie? Redet ihr auch so miteinander? Muss ich jetzt auch so reden? Lieber Chat, wir haben 7 ab 3 am Morgen. Ich weiß nicht, wie lange wir noch machen. Schnell lesen. Wer kennt es nicht als Assassin's Creed Campus? Sag früher mir mal ein Bett, Paralleluniversum, gute Nacht allerseits, Support, Lurk es an. Calls, merci vielmal. Und Calls, ich wünsche dir eine gute Nacht. Lass dich in deine Träume wiegen. Vom japanischen Yggdrasil. Du musst bloß über die Brücke zur Snapping Turtle, Max. Du hast das schon 1000-mal getan. Ja, jetzt Max, kannst du jetzt einmal schnell chillen, Mann? Ich bin hier am Chat lesen. Das sind Italiener. Das muss ich immer noch so machen. Antonio Margaretti. Ätherische Gesprächsführung. Okay, let's go. Hey, Calls, nochmal, ich wünsche dir gute Nacht, schlaf gut und bis bald, wenn man sich nicht mehr liest. Ich nehme aber an, du bist wahrscheinlich am Montag auch wieder dabei. Sollte man sich aber nicht lesen, dann wünsche ich dir schon mal schöne Festtage. Geniesse es und bis bald. Calls, bye bye. Max, und jetzt, bevor du jetzt wieder abgehst, ich bin ja unterwegs. Come on, please. Und da, Snapping Turtle.
Und das Handy klingelt. Jasmine. Ich habe nichts von ihr gehört, seit sie ihre OP hatte. Hallo? Hallo, Maxine. Oh, wie geht es der Schulter? Wie steht es um ihre mentale Gesundheit? Ich frage jetzt auch mal, wie geht es der Schulter? Was macht die Schulter? Das andere tönt auch so ein bisschen komisch. Kugel hat alle wichtigen Adern verfehlt. Aber ich werde für meinen Arm monatelang Physiotherapie benötigen. Jasmine. Was Sie während des Sturms gesehen haben. Ich brauche keine Erklärung. Noch nicht. Wenn ich versuche, es zu verstehen, habe ich keinen Raum für meine Heilung. Und ich werde mich erholen. Ich muss Safia finden. Gibt's Neues zu Ihrem Job? Ich habe gehört, der Vorstand... Ja, der Vorstand will, dass ich zurücktrete und sie einen neuen Präsidenten einstellen können. Aber ich gebe nicht kampflos auf. Ich muss durchhalten, um Safias willen. Ich liebe meine Tochter Maxine, genau wie du. Ich bin kein Monster. Ich habe nichts von Safi gehört, falls das die Frage ist. Oh. Ich hatte gehofft. Einen Moment. Entschuldige, ich bin anscheinend sehr spät dran, meine Schmerzmittel einzunehmen. Okay. Bis demnächst. Also, gehen wir jetzt endlich saufen. Oh. Den Campus aufzuräumen wird ein Akt. Wird schon schief gehen. Schönes Bild. Snapping turtle. Let's go. Ja, nein, der. Feinchen, er ist wieder da. Wir werden den nicht los, Mann. Also? Moses. Funkstille. Das überrascht mich nicht. Würdest du zu uns kommen, wenn du sie wärst? Safia ist unberechenbar, so schätze ich sie eben auch ein. Aber das bin ich. Nicht Safi. Weiß irgendwer, was sie als nächstes tun wird? Weiß sie es? Hab etwas Vertrauen in sie. Warten wir, bis sie sich erholt hat. No. In der Zwischenzeit. Lass dir Zeit. Ich werde für dich da sein. Ich kann jetzt mit dem Mann da reden, Chat. Ich will mit dem Mann da reden. Oder wollen wir lieber mit dem Win reden? Erst sehen, wie es eingeht. Okay, wir müssen mit allen reden. Amanda. Du bist also Super Max. Mhm. Das war's mit der geheimen Identität. Wie? Ich wollte es dir erzählen. Aber es ging nicht. So wie mit der Maya-Geschichte. Noch mehr Geheimnisse oder lerne ich dich endlich richtig kennen? Da gibt es noch mehr. Hättest du es mir geglaubt? Ich sag jetzt mal, da gibt es noch mehr. Ich weiß nicht. Das ist nicht der erste Sturm, den ich erlebe. Es ist nicht so leicht zu erklären.
Es ist ganz schön verrückt. Ich weiß, ich hab dir einen Korb gegeben. Chat, wieso haben die eigentlich immer all so einen Hall? Es tönt so komisch. Und dann hast du dir einfach eine andere Version von mir gesucht. Ein ziemlich cooler Trick. Aber auch irgendwie daneben. Wo stehen wir jetzt? Ich verstehe, falls das was ändert. Minimaler Hall. Was soll ich dir darauf antworten? Kein Plan. All das macht mir eine Heidenangst, ehrlich. Okay, ja. Wenn es nicht du wärst, wäre mir wahrscheinlich nicht danach, Lois Lane zu spielen. Es bist aber du. Und ich mag dich. Oh. Diese Streaming-Zeiten einfach MVP Lull Plus Chat. Das ist nicht nur ein Lull, wir haben hier ein Lull Plus im Chat. He? Robin, Just Robin, wie geht's dir denn? Es ist noch nicht mal spät, ne? Es ist noch nicht mal spät. Ich brauche etwas Zeit. Um wieder klarzukommen? Okay, alles gut, kein Stress, Verstehst Amanda. Und dann, wer weiß, kannst du mich zurückgewinnen. Oder vielleicht nehme ich auch echt den Win. Da kommt Fähnchen Challenge vorbei. accepted. Nimmt alles mit, was sie mir jemals geschenkt hat. Nein, natürlich. Natürlich, Amanda braucht Zeit, das ist absolut verständlich. 0 Plus kriegen nur die speziellen Leute. Oha. Eigentlich müsste Twitch das einführen, also das 0 Plus Emote. Aber danke für die netten Worte, Just Robin. Der Wenn heiratet. Fähnchen ist jetzt gerade. Max! Das ist der Puls gerade. Sorry, Warte doch mal schnell, wir haben mit Chat am reden. Hey. Alles okay? Was soll das alles bedeuten? Warum du? Oder Safi? Lieber 1000 Jahre Single als mit dem Wenn was anfangen. Ich gebe dir recht. Also ich meine, ich bin ja ein Mann, hetero, aber ich gebe dir natürlich recht. Das weiß ich nicht. Ich arbeite noch dran. Lieber Diamond. Naja, ich verarbeite es immer noch. Ich wusste nichts von anderen Menschen mit Kräften bis Safi. Das muss ein Schock gewesen sein. Du hast keine Ahnung. Und jetzt sollen wir einfach so weiterleben? Mit dem Wissen, dass sowas passieren kann? Mhm. Deal with it. Du hast es einmal überlebt. Du gehst damit um wie mit normalen Sachen. Es ist einmal überlebt. Oh nein, jetzt habe ich endlich das andere. Egal. Jeden Tag. Alles könnte jederzeit passieren. Macht keinen Unterschied. Du könntest überfahren werden. Oder vom Blitz getroffen. So wie der Calls wenn er worthy geht. Sorry, ich habe wirklich einfach den falschen Knopf gedrückt. I'm so sorry, Diamond, das wollte ich nicht sagen. Come on, das ist doch nicht so schwierig. Ja, wir sind hier im gleichen Boot zusammen. Wer sie? Derjenige, der mir seit Tagen... Amanda meinte, wenn ich heute nicht auftauche, muss ich die neue Suppe probieren. Nein, danke. Oh nein, Chat, wir müssen es machen. Hey, Wenigstens Max. ist Reggie und Unsere Win. Herrin des Sturms. Wow, das ist ein bisschen viel. Wie geht es euch beiden? Oh, meine Welt wurde erschüttert. Sorry, was ist jetzt da? Also, jetzt hat der Synchronsprecher aber etwas gesoffen, oder, Chat? Was ist jetzt das gewesen? Meine Welt erschüttert. Ich erinnere mich an Dinge, die ich unterdrücken werde, bis ich im Alter von 40 Jahren einen spektakulären Zusammenbruch erleide.
Versuchtherapie. Chat 1 oder 2. Versuchtherapie 1, unterstützt einander 2. Aber das hat mir jetzt, also der Synchronsprecher, ich weiss nicht, das war jetzt gerade ganz schlecht gewesen, was ich gehört habe. Das hat mich gerade aus dem Denk gerissen. 1, hallig und lallig. Also der Hall ist mal das Erste, was mich mega stört. Das wären wir in einem Traum. Aber Chat, vielleicht ist das alles ein Traum. Man weiß es ja nicht. Vielleicht kommt da noch der grosse Twist. Der Sieg hat Lack gesoffen. Das ist ja wie die Lulu, am Lack saufen. Und Zefs, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Grüße nach YouTube. Grüezi Zefs. Oh, dear Lord. Dann machen wir es eins. Einfach Suchtherapie, Chat. Sonst ziehen sie sich noch aus. Das muss ich nicht haben. Stunden könnten helfen. Therapie? Lack saufen und zack laufen. Ja, genau. Da freut sich mein Vater. Im Moment will ich erstmal die Wahl überleben. Oh, klar. Also der Reggie, der wirkt auch bekifft. Du trittst also nicht zurück? Ich würde fragen, woher du das weißt. Aber momentan, Caulfield, wäre ich nicht mal überrascht, wenn dir ein zweiter Kopf wächst. Ich arbeite dran. Chat, Moment, schnell. Alright. Ich sage bloß, der Sturm wirkte bösartig. Ja. Oh, Schnappschuss, let's do Was this. sagst du zu einem Foto? Im Namen der Freundschaft. Platonische Freundschaft. Gefühlt. Und jetzt auch verunsichert. Ich kann nie genug Fotos von Moses haben. Wenn er posiert, Chat. Machen wir da schon. Also, zack. Nein, jetzt schauen, wieso schaust du jetzt so traurig rein? Noch ein bisschen anpassen. Also. Moses zu bitten, sich natürlich zu verhalten, scheint das genaue Gegenteil zu bewirken. Weitere Nachforschung notwendig. True. Safi die Schuld daran? Aber so geht es mir amigs auch. Wenn ich plötzlich muss posieren für irgendein Foto, dann wirke ich einfach nicht normal. Hey Diamond. Ich würde gerne ein Foto fürs Jahrbuch machen. Oh, jetzt... Stört es dich? Jetzt stelle ich mir gerade so vor, wenn... Okay. Keine Ahnung, wenn jemand immer noch so die quasi gesteuert ist von der Safi. Ich hatte gehofft, sie wäre etwas begeisterter. Oder die Safi selber ist. Chat. Hinter diesem leichten Lächeln geht so viel vor. Ich wünschte bloß, ich wüsste was. Unser Verzeichen Foto. Oh, sorry, ich dachte, ihr könntet joinen. Nein, das hast du falsch verstanden, Barracks. Haben die Synchronsprecher bei der Aufnahme überhaupt Szenen gezeigt oder gefunden, schlecht Zahlen lang? Hey, also, du sagst es, ich finde es schon... Ich spiele nicht häufig mit einem Synchronsprachspiel. Ich habe euch da jetzt gefragt in diesem Fall, wir haben uns für Deutsch entschieden. Aber ich habe schon das Gefühl, das ist schon ein bisschen, das sticht schon raus, dass es so schlecht ist. Das Problem kenne ich, muss mir immer anlassen, dass Qualität, dass ich quält reinschaue, hasse Fotos. Aber das ist genau da, wenn man auch natürlich ist, dann kommen die guten, gibt es die guten Fotos. Und wenn es heisst, hey, mach jetzt ein Foto, dann stehen sie noch da, weißt du, so gefühlte Minuten lang. Und du weißt, wenn passiert jetzt das Foto, dann wirkst du doch einfach mega komisch. Das hilft dann nicht, ne? Ich schaue schnell das Tagebuch an, Chat. Das Tagebuch. Nein, das Tagebuch, hallo. Ich kann die Seiten nicht wechseln. Chat, ich probiere es wirklich, die Seiten zu wechseln mit dem Knöpfchen. Es geht nicht. Hey. Nein, das ist kaputt, das Tagebuch. Ah, jetzt geht's. 13. Dezember. Ich hab's geschafft, durchgestrichen, überlebt.
Nicht nur ich, sondern alle, nicht wie zuvor. Etwas wurde wiederhergestellt, aber ich will es nicht verhexen, indem ich es benenne. Ich weiß nicht, woran Sie sich erinnern werden oder welche Narben zurückbleiben werden. Ich habe selbst mehr als genug. Und Safi, sie hat mehr durchgemacht, als ich mir je ausmalen könnte. Aber sie braucht Hilfe. Hilfe, die ich ihr nicht geben kann. Ich kann nur hoffen, dass Safi diese gefunden hat, wenn ich sie wiedersehe. Um unser allen Willen. Wenn in dem Sturm irgendwas passiert ist. Machen wir da einen Abschuss. Ja, wir gehen da schnell durch. Dann schnell den Safi-Check. Ganz Wenn wichtig. du so weitermachst, muss ich Gebühren fürs Modeln erheben. Also wenn jemand sagt, nein, ich will kein Foto machen, dann ist es absolut Sass-Chat. Okay. Ja, ist ja gut. Ist ja... Oh, jetzt müssen wir noch schnell den richtigen Moment finden, Chat. Mehr Dramatik, mehr Dramatik. Das I like, let's do this. Ich glaube nicht, dass ich es je satt haben werde, dieses Gesicht zu sehen. Oh. Wenn das Foto gemacht wird, wenn du es nicht mitbekommst, ist es immer besser. Absolut. Gebe ich dir recht, Ryan. Gebe ich dir recht. Ganz genau, ich habe schon ein paar Mal Fotos von befreundeten Pärchen gemacht, wenn sie es nicht erwartet haben. 100-mal besser als jedes Kack-Shooting, das sie gemacht haben. Weil sie halt auch natürlich sind. Es ist ein Moment, ganz natürlich. Und wenn der Capture ist, der Moment, dann ist es ein absolut geiles Foto. Sobald sie wissen, dass es Foto gibt, dann kannst du es einfach nicht mehr brauchen. Dann sieht es nochmal komisch aus. Bitte bis mal ein bisschen natürlich, bis ich ein gutes Foto habe. Continues to be as unnatural as possible. It's true, es ist aber wirklich so. Ich glaube, das geht allen so. Schnell schauen, mit wem habe ich noch nicht geredet? Ah, Gwen, du bist auch noch. Sorry, Gwen, hast schon fast vergessen, dass du existierst. Ganz schön verrücktes Wetter, oder? Das war hoffentlich nicht die Erklärung, die du uns versprochen hast. Hey, Eloquenz ist dein Job. Ich mache nur Fotos. Ich konnte ihren Hass auf mich spüren, Max. Es war beängstigend. Und enttäuschend. Oh. Niemand hätte das vorhersehen können. Jasmin war der Grund dafür. Nein, das hat niemand voraussehen. Safi hatte viele Probleme. Du konntest das nicht wissen. Sie brauchte jemanden, dem sie vertraut. Das hätte ich sein sollen. Ist Schnee von gestern. Kokainum von gestern, Chat. Oh, noch eine Sache. Oh, ja, okay. Die Videoaufnahmen von mir. Das war Safi, oder? Ja, also müsste so sein, ja. Das ist so weird mit der Stimme, irritiert mich. Ich weiß es, meinst. Und du auch nicht, wenn ich so darüber nachdenke. Egal. Ich habe noch mal mit dem Komitee geredet. Es ist so viel merkwürdiger Scheiß passiert, dass ich meine Stelle zurückhaben kann. Ich habe Safi hängen lassen. Aber ich kann anderen meine Unterstützung anbieten. Ich gebe nicht einfach auf. Das freut mich zu hören. Es gibt mehrere Varianten, zum zu sagen, dass man niemanden kennt, der trans ist. Das ist eine davon. Also, dass ich gesagt habe, ich habe fast vergessen, dass du existierst. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen frech. Also, das ist natürlich auch nicht auf... Also nicht, weil sie trans ist, habe ich das gesagt. Ich weiß aber, was du meinst. Sophie ist sass, aber verstehe ich, man gewöhnt sich daran. Ja, es ist... am Anfang hatte ich ein bisschen Mühe gehabt, ja... Das soll jetzt aber auch nicht irgendwie jetzt negative Aussage sein. Es ist also, wenn man sieht das eine und hört das andere, dann bin ich auch irritiert. Aber man gewöhnt sich auch wirklich daran. Ich höre das Summen nicht mehr.
Es gibt Ja, jetzt ich- nur eine Welt. Es gibt eine Welt. Keine Portale in eine andere Zeitlinie mehr. Keine Welt und somit hat halt Max keine Superkräfte mehr. Aber wir machen noch Was einen dagegen, wenn Schnappschuss. ich ein Foto mache? Als Erinnerung? Und so natürlich wie möglich wirken, gell, Gwen? Your last chance to take my photo. Make it count. Haben wir mal schnell einmal die Originalsprache gehört? Ja, genau. Okay, aber I kinda like. Ja? Ich glaube, so bin ich am ehesten, Chat. Wenn es heisst, machen wir ein Foto, dann mache ich irgendwie etwas. Dann muss ich immer irgendwie ein Sign machen, Peace Sign. Ja? Pommesgabel, Chat. Let's fucking go. Bis ich Gwen kennenlernte, wusste ich nicht wirklich, was als Bad Bitch zählt. Okay. So, Chat, jetzt haben wir doch mit Moses reden. Also, Moses, der ist halt speziell. Der ist nicht alle. Wo ist der Moses überhaupt? Gehen wir noch eins singen, Chat? Wir singen noch schnell eins. Gott, Campus scheint 1 Million Jahre her zu sein. Lotusblume hab ich dich genannt, als die rote Sonne. Sorry, Chat, ich muss da mit dem Moses reden. Tiger, die Pommesgabel. Alle sind ganz schön erschüttert. Yep. Und bei dir? Immer noch froh über die doppelten Erinnerungen? Bin ich der Einzige? Echt jetzt? Im Ernst, das ist faszinierend. Naja, aber gut, dass du ihr die Stirn geboten hast. Deine Meinung ist dir wichtig. Vielleicht bewirkt das was. Ich hoffe es. Ich habe mich halt zuerst mal daran gewöhnen, dass Leute Sabaton mögen. Es ist immer noch nicht meins, aber wenigstens sehe ich sie mittlerweile als Menschen an. Ja, also Sabaton finde ich jetzt... Ich finde es okay. Aber ich weiss auch ein bisschen, was du meinst. So, ich bin damit durch. Es ist nicht vorbei. Ja, das sage ich Es ist jetzt. bestimmt noch nicht vorbei. Aber immerhin weiß sie, dass ich hier bin, falls sie was Mieses versucht. Die Episode wird vorbei sein, aber es geht ganz sicher noch Nächstes weiter. Mal bin ich bereit. Hey, wir sind ein Team, oder? Ich helfe dir. Kein Verstecken mehr oder weglaufen. Finde ich gut. Was ist mit dem blauhaarigen Mädchen? Chloe. Bist du bereit, ihr zu begegnen? Ich glaube schon. Nicht jetzt, aber I never knew what to say when they'd say to call a friend. Mhm. But I think it's starting to make sense. Schöner Song. Try to get it right. Ein bisschen lauter Song. To have you on my side, I feel fine some days. I just wanna get it right. Es wird Zeit, dass ich ein paar Dinge erkläre. Let's go, Max. Also, what the fuck is going on? es ergibt nicht immer Sinn. Und ich bin nicht stolz auf jede meiner Entscheidungen. Aber es ist die Wahrheit. Was als nächstes kommt, wird für uns alle schwierig. Für uns alle. Aber wir stehen es durch, gemeinsam. Versprochen. And I know that I won't have
Aber diesmal gehe ich nicht weg. Shit, holy shit. Ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass es jetzt schon fertig ist. Aber ich habe es gesehen, ich habe es schon gespürt. Ha. Speziell, Chat, speziell. Oh, okay, Chat, ich lese schnell. Schau, wie all ganz natürlich und mega fest, nicht wie in einer schlecht geschriebenen Seifenoper plötzlich im korrekten Moment auftaucht, weil es völlig ungescriptete, ganz normale Situation, ungescriptete, ganz normale Situation ist, die wir auch alle kennen. Und wir reden die Freunde auch nie bei einem ungefragten Monolog drin. Das ist so true, es ist so true. Schöner Song, auf jeden Fall. Songs. Life is Strange lebt von den Songs, auf jeden Fall. Life is Strange, da wird jetzt auch wieder der Soundtrack wahrscheinlich auf und ab hören, Chat. Das habe ich bei jedem Life is Strange Teil gemacht. Wirklich schöne Songs. Habe ich mir auch gedacht, bis zum nächsten Game geht es dort sicher weiter. Aber ja, ich nehme an, dass es so der Plan ist, aber schwierig. Das Ding ist jetzt auch, ich meine, die allerletzte grosse Entscheidung, die ja von denen lebt, die auch wieder Life is Strange in jedem Teil, ist ja gewesen, gehen wir mit der Safi mit oder bleiben wir da? Dort ist mir schon bewusst worden, das ist eine zu krasse Entscheidung oder ein zu krasser Unterschied, als dass es jetzt noch irgendwie gross weitergeht. Aber gleichzeitig, wie machst du denn ein Sequel zu dieser Story, wenn du zwei ganz komplett andere Enden eigentlich hast? Und das war jetzt schon schwierig da. Das war jetzt schon schwierig, aber sie haben es gut gelöst. Weil wir können sagen, hey, entweder ist Chloe gestorben oder Chloe lebt, aber dann ist es auch so, man hat sich getrennt von der Chloe. Chloe ist eigentlich sonst nie gross, sie ist nie vorgekommen, sie ist höchstens in den Text-SMS und sonst ein bisschen in diesen Sachen vorgekommen, aber so hat es halt gut funktioniert. Und für mich war es wie ein bisschen zu wenig am Schluss. Es ist ein bisschen wenig gewesen, Chat. Es ist eine gute Story, es hat mir gut gefallen. Aber jetzt im Ernst, Chat, begreift denn irgendjemand, was mit dem Polizist genau passiert ist? Was ist das für einer gewesen? Der hat sich selber gesehen, dann haben sie sich angelenkt. Ja, das klingt jetzt komisch. Sie haben sich angelenkt und dann sind sie verschwunden. Was ist das jetzt für einer gewesen? Fragen nicht beantwortet, oder? Da finde ich ein bisschen schade. Es hat ein bisschen zu viele Fragen, die für mich nicht beantwortet sind. Und das ist auch ein bisschen den Schluss habe ich jetzt nicht so berauschend gefunden. Also vor allem, es ist nirgends irgendwie so der Moment gewesen, wo ich dachte, oh shit, Mann. Jetzt muss ich, entweder muss ich da machen und dann verliere ich die oder den, oder ich muss das andere machen und dann verliere ich eine andere Person. Das hat mir irgendwie alles gefallen. Und für mich ist jetzt auch eher die Amanda so ein bisschen die Person gewesen, wo ich auch connecten konnte. Also wo ich auch so entschieden habe, dass Max mit ihr connectet. Und wäre jetzt der Highway Racer noch oben, dann
hat Connect eine ganz andere Bedeutung, logischerweise. Nein, ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen so Liebe und so. Aber irgendwie haben sie das bei der Safi auch noch reinbringen. Und schlussendlich haben wir jetzt eigentlich nichts so richtig bekommen. Verdammt, Chat. Wir haben uns falsch entschieden. Wir hätten es mit dem Win. Viele hätten es mit dem Win das nächste, wo wir die Chance hätten. Nein, natürlich nicht, Chat. Natürlich nicht. So. Gute Nacht, lieber Ryan C. Möge die Nacht des Schlafs mit dir sein, während du auf deinem Hype-Train ins Traumland fährst. Träume von epischen Schlachten mit Darth Vader und erwache erfrischt. Hashtag Sweet Dreams. Hey Ryan, ich wünsche dir eine ganz gute Nacht. Schön, bist du dabei gewesen. Und wenn man sich nicht mehr lässt, am Montag bin ich nochmal live. Wenn du nicht rum bist, wünsche ich jetzt schon mal schöne Weihnachten, schöne Festtage. Geniesse es. Und Ryan, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye bye, tschüss. Sie haben auch zu Game of Thrones ein Ende geschrieben zu einer Story, die es keins bräuchte. Auch zu schräges Leben werden sie eins finden. Ja, schräges Leben. Das Leben ist seltsam. Ja, absolut richtig. So, lieber Troy, es war nice, aber ich muss pennen. Ich wünsche dir noch einen guten Stream und einen schönen Sonntag. Bis bald wieder mal. Hey Ryan, mach's gut. Das wünsche ich dir auch. Egal wie Single ich bin, im Wind seine Eichel ist eine, die ich sicher nicht wählen würde. Jetzt fällt jetzt da nicht als Emote. Eggplant Emote. Life is Strange auf Schweizerdeutsch, schräges Leben. Das Leben ist gespässig. Wohnen in Spreitenbach. Oh, wow. Das finde ich echt gut. Auf Schweizerdeutsch übersetzt, Life is Strange heisst einfach, ich wohne in Spreitenbach. Oder müssen wir mal jemand machen? Einfach so quasi die wichtigsten Szenen vom Spiel einfach so Schweizerdeutsch synchronisieren und irgendeinen Seich daraus machen. So wie man es einmal früher gemacht hat, so bei diesen Synchros. Sorry, vergessen gegangen. Da, Eggplant, let's go. Oh, jetzt, ui. Hey, ui. Nice, Chat. Wir müssen schnell schauen, ob da noch irgendwie so eine After-Credit-Scene kommt. Ich werde die After-Credit-Scene nicht verpassen, Chat. Hey, den Soundtrack muss ich mir unbedingt geben, Chat. Der Soundtrack ist wirklich geil. Da habe ich auch nichts anderes erwartet. Und zum einfach noch mal schnell auch das Fazit noch ein bisschen abrunden. Das Ende hat meiner Meinung nach zu wünschen übrig gelassen. Die Ideen sind geil. Das mit Max wieder spielen, absolut geil. Musik absolut top. Synchronisation, absoluter Müll. Sorry. Absolut mühsam. Wirklich mühsam. Lautstärke, Pegel all over the place, Chat. All over the place. Die wichtigste Szene vom Game nachstellen im Tivoli. Das ist voll gut. Einfach im Tivoli Spreitenbach. Okay, love it. Ah, Chat time. Übrigens, ich habe den Rage-Stop reingemacht, ihr habt es gesehen. Weil jetzt muss man natürlich die Episode noch durch haben, holy shit. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das Game so schnell fertig schaffen. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich hätte jetzt auch wirklich gedacht, es kommen noch 2 Episoden oder so. Da muss ich mir ja schon überlegen, was ich am Montag denn zocken, Chat. Oh no, was zocken wir am Montag? Wieder, wenn wir nochmal Song of Horror probieren. Wenn wir lieber in ein anderes Spiel rein, wenn wir ins Indiana Jones rein, wo ich aber auch irgendwie nicht weiss, ob das streambar ist auf dem gleichen PC, wo ich es zocke. Oder umgekehrt. Hat jemand schon Erfahrung gemacht mit Indiana Jones auf dem PC, was er so, und vielleicht auch gleichzeitig streamen dann auch noch? Hey, nicht maulen!
Bist Spinnenbub. Was bist du? Bist Spinnenbub. Bist schon gefühlt 7 Jahre dran gewesen. Hey, also kann man. Aber jetzt komme ich bei Spider-Man. Nein, bin ich dort so lange dran gewesen. Spider-Man dort ist die Zeit verflogen, Chat. Einfach, was es gesagt ist. Es war auch ein verdammt gutes Spiel gewesen. Ich fühlte es bei der Szene von Max ihrer verwundeten Mutter half. Ja, dass es Richtung Ende geht. Das ist so plötzlich. Ich meine, wenn ich mir das jetzt überlege, der Aufbau ist sehr ähnlich wie im ersten Teil. Weil im ersten Teil haben wir auch so die ganz komische Welt, wo alles irgendwie, wo alle Charaktere vorkommen und wir hören Stimmen und alles spannend irgendwie. Die haben wir im ersten Teil auch gehabt, das war auch gegen Ende, aber mir fehlt so viel bei dem Teil, ich weiß es nicht. Ein Puzzle. Also jetzt noch, oder jetzt zum Abschluss oder dann am Montag? Machen wir es so. Chat, wenn ihr noch eins puzzeln wollt, dann brauche ich jetzt einzeln im Chat. Ich brauche einzeln im Chat, wer noch... Ja, und dann müsst ihr aber auch puzzeln, Chat. Jetzt nicht das eins machen, wenn ihr nicht aktiv puzzeln. Spieler RimWorld benennt Charakter nach Viewer, commit War Crimes. Ja, genau. Gut, ich finde so Games finde ich immer geil, wenn ich es streamen und den Charakteren Namen geben kann. Ich habe das auch bei Kena gemacht. Aber ich finde es dann geil, wenn du wirklich den Namen auch schreiben und die Namen dann auch angezeigt werden. Und bei Kena ist nachher irgendwie... Da haben wir so viel Rotz gehabt und gefühlt ist der Sir Simple, habe ich 3-mal einen Sir Simple benannt. Der Chat hat damals gesagt, nein, mich hast du noch nie reingetan. Und ich habe gesagt, mal, den habe ich doch schon 2-mal reingetan. Und ja, so. Ich hätte gar nicht mehr richtig gewusst, wer ist jetzt der Sir Simple und wer nicht. So, 1, eine 1. Ist Feinchen, kann man, also 3 Personen brauche ich schon. Ich brauche 3 Eisen, damit wir puzzeln, Chat. Und sonst machen wir auch am Montag dann ein Puzzle oder so. Nein, ich muss gar nichts runterladen, das ist einfach einen Browser haben. Was nicht geht, ist am Mobile Phone. Dort geht es einfach sehr schlecht, also so gut wie gar nicht. Einfach Desktop-PC, Maustastatur, Browser-Link öffnen und schon könnt ihr mitpuzzeln. Chat, dann machen wir... Komm, wenn der Simple dabei, wenn der Tiger dabei ist, let's go. Dann machen wir das noch schnell. Wir warten noch schnell hier ab. Ich tue das schnell beschleunigen, Chat. Ich werde noch mal schauen, ob noch eine After-Credits-Szene kommt. Das darf ich natürlich dann nicht verpassen. Oder sind alle Songs? Das sind aber viele Songs. Feel free for publishing. Warte. Chat übrigens, für die sich noch fragen, ich habe mal die Frage gestellt, wie das auch ist mit diesen Songs und der Lizenz und dem Streamen. Mir ist im letzten Video das einzige Mal in diesem Spiel jetzt ein Song gemutet worden. Double-Click, merci für 1 Bit, danke vielmals. Einmal ist ein Song gemutet worden. Sonst nie. Und da muss ich jetzt noch schauen, wie es aussieht. Ich war die ganze Zeit nebenbei Hitman am Zocken. Stilvoll töten. Oh, jetzt aber. Shit! Scheiße! Was ist Ich glaube, los? du brauchst eine Bluttransfusion. Oh, come on, Safi. Was zum Teufel machst du hier? Du erinnerst dich an mich. Welch Kompliment? Ich kenne so ein Nasenbluten. Du kannst weglaufen oder mir folgen und Antworten bekommen. Deine Wahl.
Also haben jetzt alle, die Nasenblüten haben jetzt Powers. Das ist jetzt das die Idee vom Spiel. Und Safi ist quasi der Magnet, wo jetzt all wo jetzt quasi die Mutanten zusammensuchen und nachher die Bösen sind, oder? Max Caulfield wird zurückkehren. Okay. Okay, wenigstens, Chat. Fair enough. Ich habe jetzt gesagt, mir fehlt so ein bisschen der Abschluss in dieser Story, aber wenn Sie jetzt sagen, okay, der Plan ist, dass es jetzt weitergeht, und wahrscheinlich haben Sie schon lange angefangen mit dem nächsten Teil, okay. Ich finde es ein bisschen schade, dass man jetzt das so in mehrere Spiele muss aufteilen muss, ja. Aber dann kann man wenigstens sagen, okay, dann fehlt das Ende zurecht, weil es ist noch nicht vorbei. Hey, nein, ich habe letzte Woche auch Nasenblüten gehabt. Das ist meine Superkraft. Ich springe einfach jetzt nicht aus dem Fenster, finde ich. Nein, tu es nicht. Weil ich glaube nicht, dass du fliegen kannst. Nein, ich finde jetzt, ich weiss nicht, was ich jetzt von dem soll halten. Das wirkt jetzt für mich fast, ich fast müssen wirklich lachen, als ich gespürt habe, auf was sie rauswollen. Sie wollen, die Idee ist jetzt, dass Diamond auch Superkräfte hat. Safi hat das erkannt, weil sie Nasenblüten hat. Okay, yeah, well. Okay. Aber jetzt will sie quasi so sie reinholen, so ins Boot reinholen und dann ist das wirkt so wie in einem Marvel-Film, ohne Scheiß. Also es hat nur noch gefällt, dass irgendwie der Nick Fury auftaucht. Bei der Max oder so. Und bei der Max daheim, oder? Max kommt heim, Nick Fury steht dort. Und wisst ihr, was ich meine? I don't know. Und schlussendlich haben wir so Superhelden versus Superhelden. Das kann in eine ganz schlechte Richtung gehen, aber ich hoffe nicht, dass es... Vielleicht habe ich das auch falsch interpretiert, aber I don't know, Chat. So kommt es mir ein bisschen vor. Du darfst nächstes Jahr wieder Steuern zahlen. Nein! Ich bekomme gleich Nasenblut, ja Tiger, ich auch jetzt dann. Oder Dr. Strange und sagt, nein Max, gang weg. Irgend so ein Scheiß. Aber so hat es sich jetzt wirklich angefühlt. So, hey. Es ist eher so, aber auf der bösen Seite. Für mich ist jetzt Safi halt so ein bisschen evil, oder? Und dann kommt sie so vor, wir machen ein Team von Superhelden. Und Max muss im nächsten Teil gegen das Team kämpfen. Ja, erinnert mich auch wieder an Spider-Man und die 6 Bösewichten, oder? So kommt es mir ein bisschen vor. Aber, okay, wait a second. Aber immerhin, was... Also, es wäre mega scheiße, wenn sie da würden machen, so wie ich es jetzt erzählt habe. Aber da könnte man ja wenigstens all die anderen Leute noch reinnehmen, die wir bei den Life is Strange Games kennengelernt haben. Also ich weiss jetzt nicht bei True Colors, wie gut dass sie etwas dazu beitragen können. Aber wir könnten aus Life is Strange 2 den Dude holen. Mit seinen Superkräften. Und dann kämpfen die gegeneinander. Und dann so rundenbasiertes Kampfsystem. Komplett anderes Genre. Auch so Life is Strange Endgame. So stelle ich mir das vor. So, Chat, jetzt haben wir gesagt, wir könnten schnell eins puzzeln, um ein bisschen runterzukommen. Ich tue das mal schnell vorbereiten. Dann hole ich mir Spotify wieder für, aber ich wette jetzt ohne Scheiß nicht Weihnachtsmusik, sondern Life is Strange Double Exposure. Geben wir uns dort ein bisschen den Soundtrack. So. Jigsaw Explorer. Wir starten nachher gerade mit dem Puzzle suchen, noch schnell eins für euch oder für uns. Ja, das ist aber falsch, was ich jetzt hier mache, Chat. Moment schnell. So, jetzt aber. Was ist da mit meinen Szenenübergängen nicht gut? Oh, ich muss noch schnell etwas suchen.
Eine Gitarre. Ich habe jetzt Lust auf eine Gitarre, Chat. Ja, aber da nicht. Jetzt so wenig geile Bilder. Irgendetwas, wo rockt. Ja gut, Rocks. Das ist mega schön. Das fände ich mega nice. Das machen wir, Chat. «320, Chat. 320 machen wir da. Das schaffen wir, oder? So. Troy, mach mal Cornhub-Tab zu. Ja, genau. Was habe ich da oben offen? Stream Elements Giveaway. So, lieber Chat, das hier ist der Link. Nein, das ist nicht der Link. Nein, könnt ihr ignorieren. Das ist nicht der Link, wo ihr draufklicken müsst. Das hat jetzt auch irgendetwas können sein, Chat. Das hat jetzt auch wirklich irgendetwas können sein. Wo kann ich jetzt den Link holen, Mann? Oh, ich bin gerade unfähig, oder? Nein, wo ist jetzt der Link? Modify this Puzzle, oder? Ich will doch gerne jetzt den Link noch haben. Herrgott, Donner noch einmal. Chat. Nein, wieso habe ich den huren Spotify-Link jetzt drin? Chat, wait a second. Ich schaffe das, ich verspreche es. Danke vielmals, Arti. Das kann ich jetzt brauchen. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, Chat. So. Create Game Link, please. Das ist der Link, den ich gerne will. Copy-Link. Habe ich nicht kopiert? Ja. Jetzt gehe ich nochmal drüber. Ich füge ihn ein. Chat. Wir schaffen das. Das ist der Link. Da könnt ihr rein joinen, lieber Chat. Auf den Link klicken, Namen eingeben, mitpuzzeln. Ganz einfach. Alle dürfen mitmachen. Auf Desktop geht es viel besser als auf Mobile. Auf Mobile ist es anscheinend auch fast unmöglich. So, das scheint zu klappen. Die Leute kommen rein. Dann tun wir hier schnell gemeinsam puzzeln. Für die es nicht kennen, einfach Puzzleteile nehmen, anlegen. Es gibt auch 2 Modi. Hier mit dieser Hand kann man entweder schieben oder jeweils einfach klicken. Da könnt ihr anzeigen lassen, was es schlussendlich soll sein. Genau. Ich hoffe, das geht. Jetzt muss ich schnell die anderen Tabs zumachen. Gut. Ich habe draufgeklickt, ohne zu schauen, was ist das überhaupt für ein Song, der aufgeht. My heart goes boom. Das ist gut. Ich hätte auch an die müssen denken, wo ein armes Kind mit einer Kappe hat müssen rumlaufen, wo deckundfettbrack.ch drauf gestanden ist. Und dann denkst du, in so einem Moment denkst du an mich, oder? Aber nicht wegen brack.ch, sondern wegen dem armen Kind. Was zum Fuck, seid ihr immer noch an? Hey, grüezi Bär, ja guten Morgen. Bist du jetzt aufgestanden, oder was? Das ist ja geil. Das ist das Meme, oder? Double-Click. First time. I love it. Ja, das ist einfach das Meme. Ich sehe es bildlich vor mir. Chat. Ich habe euch lieb. Hey. Gute Community. Genau, ganz genau, was ich wollte sagen. Ja, dort beim Galgen. First time. Ich sehe das Brackpäckchen und es macht Zack, Troy. Ja gut, ja. Ich finde das irgendwie noch speziell. Ich habe mich auch ein bisschen zum Gesicht vom, ja, mit Troy's Tag Talk ein bisschen wie zum Gesicht gemacht von Brack, vor allem jetzt in unserer Bubble sowieso. Und ich habe ja auch gestreamt, also es ist nachvollziehbar. Chat. Also, lieber Chat, wir müssen da schnell einbrauchen, da eine Vorgehensweise. Ich sehe unten, da haben wir ein paar Teile vom unteren Rand. Die sind alle so ein bisschen
Ja, die sind all da so ein bisschen so Farben. Das heisst, ich platziere das. Das seht ihr ja nicht, wenn ich das da habe. Das sehe nur ich. Dann hole ich mir da mal ein bisschen die Farbe für. Wenn wir da schnell die ganzen Ränder holen. Kann ich da schon connecten? Ja, da vielleicht. Ich habe schon connecten, Chat. Durlips. Liebe. Durlips, du bist Liebe. Durlips, immer wenn ich... Also das geht mir beim Durlips auch so ähnlich wie da, wo ihr gesagt habt, wenn ihr brack.ch seht, denkt ihr an mich. So geht es mir einmal beim Durli. Wenn ich den Durli sehe, dann denke ich direkt an Durli und denke... Gell, Durli? Wie hast du es überhaupt? Bei mir ist es entweder du oder gurgelnder Gutturalgesang von dem anderen Typ. Ja, ich weiss natürlich, wer. Den ich ein bisschen länger als dich kenne. Ich habe heute ein Päckchen abgeschickt. An mich? Oh mein Gott, ja, du hast etwas angetönt. Oh, Durli, da freue ich mich mega drauf. Dann kann ich es am Montag unboxen. Ist das okay für dich? Also wenn es wirklich nicht, vielleicht verstehe ich es jetzt auch komplett falsch. Wahrscheinlich sagt der Durli, ja, ich habe ein Päckchen abgeschickt an meinen Götti-Bub, ein Lego-Geschenk. Und ich denke so, der Durli schenkt mir etwas. Und ich habe nur geistige Dünpfiff geträumt, darum bin ich auch wach. Okay. Da kannst du vielleicht jetzt ein bisschen puzzeln. Grüezi Bär, Eis puzzeln, gemütlich. Ja, das könnte vielleicht jetzt noch gut funktionieren. Ich kann connecten, Chat. Ich konnte connecten. Da haben wir die Ecke unten. Ich bin schnell konzentriert einen Style am Suchchat. Mindestens eins muss ich jetzt finden. Ich will doch nur so eine Kante. Da. Zack. Boom, bang. Let's go. Da haben wir schon die ganze Länge unter. Nice. Das Stage steht noch aus. Nein, ich bleibe lieber im Bett liegen. Danke, alles gut. Kannst natürlich auch... Soll ich noch ein bisschen so reden für dich? Vielleicht kannst du ein bisschen besser einschlafen, wenn ich so rede. Das kann ich jetzt eben mit meinem neuen Mikrofon machen, weißt du? Kann ich ein bisschen näher kommen. Kann ein bisschen beruhigend in dein Ohr. When heavens falls, I will be your light. Love will survive. In this hell you are my paradise. Blah. Let's fucking go, Decor, Mann. Jetzt habe ich wirklich gedacht, das ist jetzt spezielle Musik, die hier im Life is Strange Soundtrack vorkommt plötzlich. Stop it, alles gut. Ich höre ja schon auf. Decor, wie hast du es? Schön, dass du da bist. Du musst noch Kategorie ändern. Kategorie ändern. Ja, merci vielmals, du hast recht. Was würde ich ohne euch machen, Chat? Was würde ich ohne euch machen? Holy shit, man. So, lieber Chat. Kategorie ist geändert. Gut. So, und jetzt ist, während ihr am Puzzle sind, verlange ich von euch jetzt noch schnell ein bisschen Multitasking. Ich habe noch ein paar Sammelkarten, das ist so gratis Sammelkarten mit Ausrufezeichen Sammelkarten für alle, die bis jetzt durchgestanden haben. Als Belohnung. Ausrufezeichen Sammelkarten, Abstand 1 oder 2. Für alle die wollen, machen nachher auch wieder zu. Das ist eigentlich eine Belohnung für euch. Ich muss da schnell den hier wegmachen. Das stört mich gerade ein bisschen. Hey, und Hergi, sagen sie, jetzt kommt der hure Hergi noch rein. Ich bin's, ein Vögelein. Es zwitschert mir ins Öhrelein.
Hergi, was machst denn du da? Hast du dich verlaufen, oder was? Muss ich dich ausrufen lassen, Hergi? So sagen. Hergi hat seine Mami verloren. Hergi, wie ist es schön, dass du da bist. Jetzt kommen wir da aber. Es ist ein bisschen sass, dass ihr da jetzt so gemeinsam reinkommt. Chat. Gemeinsam reinkommt. Wie haben wir's? Ich finde da jetzt keine Teile, Chat. Was ist die Idee? Das möchte ich gerne noch finden. Das wäre... Da ist grün dabei. Ah, grün. Ein bisschen grün. Und ihr dürft übrigens alle auch reinjoinen und mitpuzzeln, gell? Also Decor, Hergi, Durli. Einfach rein, ihr braucht nur einen Desktop-PC. Auf Mobile geht es leider nicht so gut. Und dann könnt ihr da ein bisschen eure Puzzleteile setzen. Es ist nicht competitive, es wird nicht irgendwie Punkte geben oder so. Oh, das Ende des Chats sehe ich da. Kaffee trinken. Doppelklick. Oha. Tiger. Ende des Chats. Ja, jetzt kommen alle scharf auf die Sammelkarte, Chat. Das Puzzle, das ich gewählt habe, ist nicht ohne. He? Ich merke es schon. Und mir ist ein bisschen müde. Also, krass. Das hure Teil suche ich noch. Come on, please. Irgendjemand versteckt das Chat. Soll ich noch jemand anders weitermachen? Ich habe das Gefühl, wenn man so sich verbeißt in die Suche von einem Fuck, merci vielmal. Wer war jetzt das gewesen? Okay, wir haben es aufgelöst. Der Highway Racer, ich finde es so interessant. Der ist sofort da, wenn ich die Sammelkarten aufmache. Dann ist er da. Ja? Der Highway Racer ist nicht für meinen Content da, der ist nicht für mich da. Der ist für die Sammelkarten da, Chat. Jetzt wissen wir es. Nur noch 2 Karten. Oha, let's go. Ich schneie schnell vorbei und habe noch schnell «Gute Nacht» allerseits sagen. Pascal, hey, dann wünsche ich dir auch eine gute Nacht. Schön, bist du noch schnell reingekommen. Und mach's gut, schlaf gut. Wenn man sich nicht mehr sieht vor der Weihnachten, dann wünsche ich dir natürlich schöne Festtage. Geniesse es. Pascal, mach's gut. Mach's gut. Ja, ich lese noch schnell, was da noch gegangen ist. Der Herger ist schon richtig. Du Hurenspinner. Zwitscher. Wir sind alle auf dem Balkon und trinken und dir zuschauen. Ja, aber haben die Boxen noch aktiviert? Also, das ganze Dorf ist mich am Hören, oder? Liebe von allen, hey, Liebe zurück. Mega cool, dass ihr das macht. Coole Truppe, let's go. Ich kann euch nochmal eine Karte herstellen, ein bisschen durch und bringe es nicht mehr auf die Reihe. Ausrufezeichen herstellen, Abstand S1 oder Abstand S2, je nachdem, für welche Season dass du die Karte herstellen willst. Viertagkäse, ja, wir sind am Puzzeln, wir sind am Putzeln. Oh, Arti, let's go, Franziskuskarte, nice one, nice one. GZ. Viertagkäse, einfach mitpuzzeln, einfach, der Link ist oben angepinnt, rein da, mitpuzzeln, wir brauchen deine Hilfe. Also, wir kommen schleppend voran, aber ich finde es auch geil, dass man sich da zuerst mal am schwierigsten Teil widmet. Ja, wobei, ja, unten ist auch nicht unbedingt einfacher. Chat, ich muss mal schnell schauen, was ich da mache. Ich glaube, ich gehe mal unten durch. Wir könnten auch den Brunnen könnten wir eigentlich auch mal machen, oder Chat? Wir können eigentlich mal anfangen mit dem Teil. Ich schnapp mir jetzt hier den Stecken. Das Ding da. Und machen irgendetwas draus. Gehört das dazu? Ja, das gehört dazu. Der da gehört dazu, der kommt da hin. Ich glaube, ja. Ja, der da. Und dann direkt Connect. Let's go. Und dann haben wir noch den. Das ist doch AI generiert, was wir hier anschauen.
Macht ja überhaupt keinen Sinn. So, aber dieser hier sagt jetzt gutes Nächtli, bye bye, viel Spaß noch, hey Decor. Schön hast du vorbeigeschaut und ich wünsche dir auch eine ganz gute Nacht. Hey, Blois. Ja, so ein ganz entspanntes Blois. Von mir. Decor, mach's gut, tschüss, bye bye. Danke vielmals, wenn wir uns nicht mehr gesehen haben, wünsche ich dir auch schöne Festtage geniessen und bleiben gesund. Hey, das wollte ich jetzt auch noch sagen. Decor und alle, die vielleicht jetzt gerne schlafen, ich wünsche euch natürlich allen frohe Festtage. Wenn wir es am Montag nicht gesehen lesen, am Montag bin ich noch eine Schleife vor der Weihnachten. Hey, macht's gut, macht's gut. Bis seit dem 9 Uhr am Pennen. Du bist endlich am Träumen, Viertag, und du weißt es gar nicht. Du bist jetzt hier reingekommen, meinst du, du sei schwach, dabei bist du auch am Träumen, oder? Zack. Gesehen, eingesetzt, Chat. Genau so. Ist das ein Style von? Nein. Ich glaube nicht. Da, das könnte es noch sein. Da kommt da hin. Habt ihr Sorge auf sich? LG und Kuss auf den Bauch. Meinst du jetzt mehr Hergi oder der Decor? Aber Hergi, gleichfalls. Auf Schneien reagiere ich ziemlich allergisch, wenn Winter ist. Das könnte bedeuten, dass ich aufstehen muss. Aha, wegen dem Schneeraumen und so, das meinst du? Ja, hast du mal erzählt. Der Piquet-Dienst. Du hoffst eigentlich immer, dass es so einen schneelosen Winter gibt, oder? Oder vielleicht eben nicht, ich weiss ja nicht, wie das läuft. Ich meine, verdienst ja wahrscheinlich auch etwas dran, wenn etwas los ist. Player Simple has left the game. Ja, aber simpel. Wo bist du jetzt hin? Ah, jetzt ist er wieder da. So, da, schildtechnisch bin ich da schon ein bisschen am Anschlag, muss ich sagen. Da fehlt noch vieles, aber ich finde es nicht. Ah, tatsächlich, Chat. Gesehen, eingesetzt. Hey, krass. Ja, okay, aber... könnte das sein? Das ist ein mega schöner Song. Full Life is Strange. Ja, nicht wahr, Troy. Mit den Sommerpneu. Jetzt werde ich wieder aufzagen mit den Sommerpnötchen. Ja, ich weiss es. Da werde ich nie mehr los. Ja, werde ich nie mehr los mit den Sommerpneu. In dem Fall mal direkt ein Danke für sichere Strassenverhältnisse. Ja, hey. Auch ein Danke von mir. Gerade wenn ich mit den Sommerpneu natürlich unterwegs bin. Das ist eben der Grüezibär, der sorgt noch dafür, dass ich mit den Sommerpneu fahren im Winter. Da gibt es gar keinen Grund mehr, dass ich die Winterpneu drauf mache. Das muss hier irgendwo rein, Chat. Irgendwo muss das rein hier. So. Das ist ein bisschen im Weg da gerade. Eichel 9. Hey, jetzt muss ich schnell eure Namen anschauen, Chat. Und sehe ich das? Modify this Puzzle.
Eichel 69, Tiger 75 und Simple. Eichel 69, I like. Ja, ich will da raus. Ja. Oh shit, ich wollte nicht das Puzzle verschieben, sorry. Zack. Da wird es langsam ein bisschen dunkel. Let's go. Der kommt da hin. Der kommt da hin. Da schnell, ich muss das ein bisschen runternehmen. Ich weiß nicht, ob das bei euch anders verschoben ist. Aber ich muss da schnell sehen, was da abgeht. Oh. Da haben wir so einen ich suche einen Style. Das hat am Zipfeli ein bisschen blau. Am Zipfeli ein bisschen blau, Chat. Ja, da haben wir auch noch ein bisschen blau. Let's go. Du bist wenigstens vernünftig und bist nicht auf die Straße. Ja, das ist true. Das sage ich auch immer wieder. Also, das ist auch meine Einstellung. Ich gehe nicht auf die Straße mit Sommerpneu, wenn es geschneit hat. Nein. Also wegen der anderen nicht und auch für mich nicht. Das ist für alle gefährlich. Komm also, die Marge. Was Marge? Kaum. Also die Marge für Winterpicke ist richtig mies. Dafür würde kein Mensch freiwillig aufstehen. Lass mich lügen. Ich glaube, es sind unter 10 Stutz pro Stunde. Das ist wirklich, das ist nicht viel, aber ich finde das einfach auch, auch ein bisschen schade, dass man das nicht richtig entlöhnt. Das ist ja eigentlich wichtig. Ja, man sieht es so als selbstverständlich an irgendwie auch. Ich schnapp mir die da gerade wieder simpel. Muss schnell schauen, ob ich die reinmachen da irgendwann. Oh, nice. Geil. Okay, nice. So schnell ein bisschen wegräumen. Haben wir da noch etwas? Da haben wir noch mehr mit Blau. Das kommt da hin. Da haben wir noch etwas mit Blau. Zack. Das hat sie auch nicht. Da steht wieder Eichel 69, hat es auch nicht gemacht. Das ist gelogen. Das war ich, Chat. Einfach da claimen, oder? Ui. Abhint ist nur Chigex. Also, jetzt komme ich nicht raus. Also, Abhint ist der Link für zum Puzzeln, Chat. Oder vielleicht ist es jetzt nicht mehr Abhint, sorry. Ich tue es nochmal rein. Also, das wäre der Link, den ihr joinen könnt. Da könnt ihr aufs Puzzle drauf joinen. Wenn ihr einen Namen eingeben und schon sind ihr dabei. Klar, ich kann die Überzeit anderweitig wieder als Freizeit kompensieren, aber wenn du dann wie ich in meiner Ferien aus dem Nest telefoniert wirst, am Sonntag um 4 Uhr am Morgen, ja, okay. Okay, ja, ich weiss, was du meinst. Chat, wir brauchen noch ein bisschen eure Hilfe. Da gibt es noch viele Teile, die versorgt werden, Chat. Jetzt kommt der tricky Part, oder? Da muss doch da irgendjemand reinkommen. Da habe ich irgendwie da blau. Das suche ich, da kommt da hin. Da blau. Blau am Zipfeli wieder. Noch kurz eine gute Nacht sagen. Viel Spaß noch beim Puzzle und bis bald, Barracks. Merci vielmals. Ich wünsche dir auch ganz gute Nacht. Auch für dich, wenn man sich nicht mehr liest. Ich wünsche schon mal schöne Festtage, Barracks. Und ich glaube, ich muss dir eventuell noch antworten. Ich bin immer noch meine DMs am Durchkämpfen. I'm so sorry. Aber schöne Festtage. Montag bin ich auch noch mal live, falls du noch mal einen Versuch machen willst bezüglich Giveaway.
gebt uns dort nochmal die Chance. Also für euch alle als Info. Aber Barracks, mach's gut. Tschüss. Also in dem Fall am Ende kein Tag. Oh fuck. War denn der Tag? Scheiße. Gut, dass du das sagst im Fall. Ja, das überschneidet sich wahrscheinlich jetzt wirklich. He? Ja, in dem Fall nicht. Wir könnten ihn früher machen. Ich schaue schnell. Peinlich. Ich frage mich gerade, wieso ich den Tag nicht drin habe. Nein, das ist am 30. Mann. Am 30. Ja. Jetzt hast du gedacht, hey, oh, jetzt habe ich das jetzt nicht gesehen. Am 30. haben wir den Tag. Und direkt getriggert. Alles gut. Hast du selber gesehen, alles gut. Montag-Stream. Dann talken wir da ein bisschen, Chat. Und zeigen Agenda. Ich kann es schnell vorlesen. Da steht ganz gross Ferien, rot gross. Dann steht Weihnachts-Giveaway-Stream am Montag 19 Uhr. Dann steht Essen mit Familie. Wow. Am Tag drauf. Dann steht Wäsche. Etwa so. Aber da können wir doch gleich irgendwie da noch einmal connecten, oder nicht? Ist da wirklich so noch einmal Zwischenende? Der gehört eigentlich schlussendlich hier in diese Region. Jetzt mal schnell schauen. Ah, da können wir connecten, Chat. Let's go. Boah, geil. Das ist eine schöne Wochenprognose. Ja, vor allem Wäsche auf die freue ich mich. Nein, ich freue mich wirklich aufs Essen natürlich, weil das ist immer, ich kann euch sagen, lieber Chat, wenn ich da mit meiner Family so ein Essen habe, Weihnachten, da werden keine Kosten gescheut. Da gibt es einfach so richtig gutes Essen, es darf auch richtig ein bisschen etwas kosten. Und ich kann euch schon jetzt garantieren, es wird sicher irgendein Steak sein. Steak und geile Beilagen. Hey, holy shit, ich freue mich schon drauf. Muss ich da wieder anfangen mit meiner Zipfeli-Taktik, Chat? Suche mir jetzt da ein Zipfeli-Stück. Das da nehme ich. Jetzt ist die Frage, kann ich da schon connecten? Das werde ich nicht connecten. So, dann suche ich da das Gegenstückchen. Zack, gut. Dann haben das nächste Zipfel, das ich suchen kann. Zack. Gut, nächste Zipfel, das ich suchen kann. So tue ich Puzzle, Chat. Und wenn es da aussen rein ist, dann müsste es wahrscheinlich schon einmal gesetzt sein. Gehen wir schauen, Chat. Schwierig. Es gibt ja, wenn ich was mich wirklich einfach zufrieden sein lässt, aber wenn die Wohnung geputzt, das Bett bezogen, das Büro gemacht ist, geht mir irgendwie besser schlafen. Hey, das ist es so. Geht mir im Fall auch gleich. Es ist es so, aber ganz ehrlich, habt ihr das nicht auch, dass wenn es einem so ein bisschen schlecht geht oder irgendwie ein bisschen zu viel los ist im Kopf, einfach ganz allgemein, einfach mal so ein bisschen Ordnung schaffen, physisch, bei sich daheim, schafft doch irgendwie auch Ordnung im Kopf, habe ich das Gefühl. Chat. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich habe da mal schnell connected.
Oh, ich habe noch mal ein Zipfel gesehen, das ich connecten kann. Eichel 69, nice. Das stimmt safe. Allein schon das Bett machen am Morgen ist irgendwie seit der RS einfach geblieben und macht mich happy. Gut, ich muss dazu sagen, ich bin nie in der RS gewesen. Ich habe Zivilschutz gemacht. Aber trotzdem, es geht einem besser, wenn man die Ordnung hat. Manchmal fällt es mir schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal habe ich so das typische organisierte Chaos. Das gibt es bei mir auch sehr häufig. Aber da kommt auch gleich mal wieder der Moment, wo ich eben ein bisschen räumen muss. Mich wieder muss organisieren, Gedanken sortieren gleichzeitig. Shit, man, ja, gerade in dem Moment läuft es gar nicht bei mir, puzzletechnisch. Ich suche das Teil, das ich nicht finde. Oh, nein, das ist es nicht. Muss ich da mal schnell schauen, wo kommt das Gras hin? Das Gras, da, aber das muss da rüberkommen, oder? Da rein, zack, bumm. Mal schnell schauen, da haben wir ein bisschen Grünzeugs. Ich glaube, da können wir irgendeine Städte connecten. Dass da mal schnell ein bisschen weg tut. Ich drücke da mal auf mein Magic-Knöpfchen, ja? Sind wir nicht böse. Ich glaube aber eh nur, dass das bei mir ist. Das können wir doch sicher irgendwann da rein connecten, oder? Nicht? Zack, let's go. Ja, da kommt da rein. Let's go. Und der da irgendwann da rein. Da. Ich habe gelernt, hast du es gerade in der Hand, mach es gerade. Sonst hast du es sicher 2 oder 3 Mal in der Hand. Das ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp, ja. Ja, weil, also, ja, das ist eigentlich das, was du sagst, das habe ich amigs gesagt. Ich sehe es amigs einfach so, dass, wenn wir mal etwas also ich schiebe viele Sachen vor mir her. Also es ist wirklich zum Teil verrückt. Ich mache immer vieles auf den letzten Drücker. Aber gleichzeitig ist es so, wenn ich mal mit etwas anfange, dann komme ich so schwer in den Flow rein und in den Fokus rein, dass ich das durchziehen kann. Und das ist eben damals da, wo mir fehlt. Diesen Schritt mache ich nicht. Und dann schiebe ich es vor mir hin, bis es auch nicht anders geht. Aber auch mal machen. Auch mal sagen, weißt du was? Es schießt mich zwar jetzt an, das in dem Moment zu machen, weil ich habe ja noch keine Ahnung, eine Woche Zeit für das. Ich kann es auch in einer Woche noch machen. Aber auch mal schnell sagen, hey, ich mache jetzt auch mal 5 Minuten. Und wenn ich wirklich denke, hey, es geht nicht, das schießt mich an, dann höre ich auf. Aber die 5 Minuten lange, dass es mich eben dann so weit reinzieht, dass ich es dann durchziehe. Ah, shit. Ich finde das Teil gerade nicht, shit. Ja, da kommt sicher rein. Let's go.
Es fehlen nicht mehr viele Teile, Chat. Braucht echt nicht mehr viel. Der da noch irgendwie noch da. Ah, noch. Let's go, geil. Der da vielleicht? Nicht. Der vielleicht? Nein. Weise Worte du hast. Jetzt wollte ich aufstehen und ein Espresso trinken oder weiterpfusen. Wie lange meinst du, Troy, macht ihr noch, bis das Puzzle fertig ist? Also jetzt ist es eine Frage von ein paar Minuten. Jetzt gibt es gerade so den Speedrun-Moment, wo wo alles nur noch reinfliegt. Also nicht mehr lang. Also wenn du jetzt ein Espresso rauslässt, dann musst du es schnell trinken, weil wahrscheinlich ist mein Stream beendet, bevor dein Espresso weg ist. Weil den Rage-Stop habe ich schon drin. Und es war wirklich die Idee, dass wir noch schnell gemütlich abschließen mit dem Puzzle. Und ich finde die huren Teile nicht, Mann. Ich finde sie nicht. So, Zipfeli-Taktik mache ich jetzt. So, nochmal schnell. Das geht nicht. Jetzt noch mal schnell ein paar Teile wegnehmen vom Puzzle, sonst sehe ich nicht, was abgeht. Oh, jetzt habe ich gerade das ganze Puzzle genommen. Sorry. Das kann passieren. Ja, ich wusste, das kommt da noch einmal. Dann kommt das da hin. Grünzeugs da hin. Grünzeugs, nein. Grünzeugs, nein. Da. Zack. Oh, jetzt kommt der finale Phase, Chat. Ich habe so ein Teil, wo ich nicht weiss, was auch gehört. Ja, let's go. So, Chat. Ich überlasse euch das noch. Setzt ein, das Zeugs. Let's go. Nice one, Chat. Nice one. Da fuße ich weiter und freue mich einfach auf eine Meldung. Hey, let's go. Let's go. Irgendwie zum Ritual wurde, dass ich zu deinen Streams Miniaturen bemale. Da kann man sich berieseln lassen mit aktiverer und passiveren Zeit. Hey, ist es so? Das sagen mir viele. Und ich glaube, viele machen auch irgendetwas nebenbei. Und ich mache das selber auch so. Und ich liebe darum auch Streams, wo einfach auch ein bisschen etwas erzählt wird. Beim Gameplay ist es dann eher so weniger, ja, eher passiv. Aber darum, ich schätze das mega, darum mache ich es auch selber. So ein bisschen vermehrt Just Chatting. So, Chat. Es war mir wie immer eine Ehre, Chat. Es war wunderbar gewesen, super entspannend auch für mich. Wir hatten schöne Themen gehabt, wir haben viele Giveaways rausgegeben, ein paar Eicheln verteilt. Und es war echt gut gewesen, Chat. Hat Spass gemacht. Und jetzt schauen wir noch schnell, wo wir hingehen. Wir schauen noch schnell, wo wir hingehen, bevor der Rage-Stop draussen ist. Ich schaue mal schnell, wer ich da bei mir habe. Oh, der Strohhut-Dave, der wäre halt, Chat. Der wäre halt. Aber ich werde zuerst noch schnell schauen. Ich werde zuerst schnell schauen, ob ich noch jemanden finde, der vielleicht Life is Strange macht. Okay. Oh, wir sind da bei Englisch. Deutsch haben wir natürlich nicht. Chat, haben wir nichts. Just completely.
Chat, habt ihr einen guten Vorschlag? Ich habe nur den Strohhut-Dave. Habt ihr noch einen guten Vorschlag? Ein Streamer oder Streamerin, wo wir könnten hingehen und ihr denkt, hey, das würde jetzt vom Vibe her noch gut passen? Irgendwie, also Schweiz ist schwierig, aber sonst irgendwie jemand, also wir dürfen auch gerne mal jemanden nennen, wo man Englisch redet, das ist natürlich kein Problem. Aber ihr kennt vielleicht mehr Leute, ihr kennt ganz sicher mehr Leute als ich. Und ich werde auch immer mal wieder etwas Neues entdecken. Ich habe gedacht, dass Eichel 69 gut zu mir passt, wegen «Ein Blut aber die Eiffel jetzt». Das ist die Anspielung. Eiffel 65, Eichel 69. Ja, Strohra, Chin, Strohhut, Dave haben wir, glaube ich. Wir haben beide schon x-mal geradet, Chat. Ich habe schnell den Check machen, wer wir wenn geradet haben. Raid History. Chin haben wir vor 3 Streams geradet. Der Strohhut Dave, den haben wir schon länger nicht mehr geradet, so wie es aussieht. Sonst habe ich niemanden, der irgendwie von der Kategorie gut würde passen. Da mache ich halt immer am liebsten. Noch jemand anders hin, wo wir noch nie waren. Habe niemand, okay. Also, lieber Chat, dann würde ich sagen, so wie es aussieht, ja, voll so ein Streamer mit Peak-Vibe, so eine. Danke für die netten Worte. Danke für die netten Worte. Also so lost wie ich kann kein anderer Streamer sein. Da gebe ich dir absolut recht. Also so ein Streamer, der so lost ist wie der Troy. Schwierig. Chat, wir gehen zum Strohhut Dave. Das machen wir. Der ist auch immer da bei mir. Ich will auch so ein bisschen wieder Dank geben. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das macht Sinn. Start Raid. Und weil ich so Freude habe, gibt es einen Start Raid 2 zum Strohhut Dave. Angriff! Ja, hey, also der Dave ist halt so der Dungeon Leader für mich. Also wir haben immer wieder gute Dungeon Leaders. Ihr alles sind mal gute Dungeon Leaders, aber der Dave hat Strats. Jetzt brauchen wir, Chat, jetzt müssen wir noch einmal schnell kreativ sein, bevor wir schlafen können. Ich will einen kreativen Raid-Text haben zum Strohhut Dave. Für den Strohhut Dave. Und irgendetwas mit Strats und Dungeon Leader. Und ich schaue jetzt den Grüezi-Bär an. Du bist echt der Lore-Schreiber. Vielleicht nicht gerade ein Roman, nicht, dass wir gerade alle gebannt werden wegen Spam. Aber irgendwie schnell etwas Kurzes, Knackiges. So ein Satz, 2 Sätze. Oder Strohhut Dave als der Strateg anstellt. Ja? Als strategischer Dungeon Leader, irgendwie so etwas. Das wäre mega nice, Chat. Das schaffen wir schon, oder? Jetzt haben wir doch puzzelt, jetzt haben wir sicher noch ein bisschen Energie für so etwas. Hier kommen Troy, seine Anhänger und die Gefallenen. Finde ich irgendwie noch gut. Finde ich irgendwie noch gut. Das machen wir, oder, Chat? Okay, Chat. Ich tue noch mal schnell etwas in den Chat reinschreiben. Mit Trompetenfanfare wäre es besser. Oh, okay. Ich habe noch gedacht, es kommt sicher noch etwas. Jetzt kann ich sicher. Hallo Dungeon Leader, führe uns mit deinen eloquenten Reden und durchdachten Strategien zum Sieg. Dann kombinieren wir jetzt das genau schnell zusammen. Also, wir machen das so, Chat. Ich muss das schnell zusammen kopieren. Dann nehme ich das Dungeon Leader raus. Also, ist das ein guter Text?
Ich sehe es jetzt gerade nicht, Chat, aber ich schicke es nachher gerade an. Hey, was ist mit meiner Tastatur? Ich glaube, ich habe da so einen halben Döner unter dem F. Mein F geht nicht, was ist los? Ein Döner unter der F-Taste, Chat. Ein Gipfeli unter der F-Taste wahrscheinlich. Wenn ich da meine Tastatur ausschüttle, dann kann man sich gerade ein Gipfeli und einen ganzen Döner zusammenbauen. Machen wir da noch schnell Raid. Tomb Raid. Also machen wir da ja, schnell und unkompliziert. Das wäre die erste Variante. Und die zweite Variante wäre mit meinen Raid-Emotes. Machen wir da schnell. 2H irgendwas. Wo steht der Franziskus, was Raid-Schild liebt? Gott verdeckel noch einmal. Ich habe zu viele Emotes, Chat. Try Hard Raid. Ah, da ist es. Und dann noch so einen Wiggle. So. So, Chat, das ist die zweite Variante. Hier kommen Troy, seine Anhänger und die Gefallenen, führe uns mit deinen eloquenten Reden und durchdachten Strategien zum Sieg. Lieber Chat, könnt ihr euch schon mal eine von denen kopieren, also eine für Subscribers, eine für Nicht-Subscribers. Kopiert die schon mal, dann tue ich da noch schnell den Start-Raid reinmachen. Zum lieben Strohhut Dave. Ich hoffe, er hat die Raids noch offen. Ich hoffe, er ist in der Zwischenzeit noch live. Also, lieber Chat, das hat wie immer super viel Spass gemacht. Ja, er ist noch oben. Ganz ein sympathischer Dude, lernt wirklich viel Liebe dort. Ich wäre froh, wenn ihr alle schnell wirklich die Raid-Message reinpostet, die wir zusammen gebastelt haben. Ignoriert da, wo jetzt mein Bot noch gepostet hat. Nehmt das, was oben steht, lieber Chat. Und ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Wir haben Life is Strange Double Exposure durch. Es war geil gewesen. Es war ein geiler Stream gewesen. Geile Leute. Und ich sage es nochmal, ich sage es immer wieder. Ich sage es fast zu viel wahrscheinlich, aber ihr seid die geilste Community. Man kann sich keine bessere Community wünschen. Man kann ihn nicht raiden, Chat. Wir können ihn nicht raiden. Er hat die Raids zu. Fuck! Jetzt weiss ich, wie sich das anfühlt, Chat. Jetzt hätten wir es quasi umgegeben, Dave. Das Problem hat er auch immer mit mir. Chat, leider. Wir müssen noch mal schnell einen Anlauf machen. Jetzt hatten wir so eine schöne Nachricht gehabt. Nein. Strohhut Dave, was tust du denn? Chat, dann gehen wir zum Chin. Das ist auch gut. Marvels Dings da. Marvel Spider-Man 2, das ist geil. Chat, das heisst... Ich wollte... Nein! Hör auf! Ich will dich... Dave, come on, please. Raid stop raus. Ich raide dich jetzt. Ja? Wir haben eine fucking Raid-Message zusammengebaut mit Chat. Jetzt machst du den Stopp raus, gibst mir das Go und dann kommen wir. Keine Diskussion. Keine Diskussion jetzt. So gut. Dave, gib mir das Go, wenn du den Raid-Stop draußen hast und dann kommen wir. Keine Diskussion, nein, gibt's nicht. Wir kommen zu dir. Wir haben die Raid-Nachricht. Und jetzt machst du noch so ein Puzzle. Kannst du noch kurz ein Puzzle machen mit den Leuten? Dave. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Das ist geil, mit dem Dave Raid-Diskussion zu führen. Er fühlt sich an wie eine umgekehrte, nicht ganz einverständliche Raidierung. Aber ich habe das schon mal gehabt, ich bin schauen, wer ich raiden will. Und dann bin ich so schauen und dann ploppt so der Dave auf in seinem Stream. Und er sagt so, der Troy ist auch gerade bei mir am Schauen. So, ja. Er war auch gerade das Raid-Ziel am Suchen gewesen. Ja, aber Dave, wie machen wir das jetzt? Jetzt müssen wir da schnell schauen, dass wir das hinkriegen.
Jetzt habe ich Werbung, wenn ich beim Dave schaue. So, ich schreibe jetzt rein da. Dave, mach den Rage-Stop. Rage-Stop jetzt draus. Oder gehen wir zum Chin. Kannst du schnell jemanden vermitteln, der bei beiden Channels ist? Den Highway Racer sehe ich im Chat vom Dave. Und ich muss schnell wissen, was jetzt der Plan ist. Oder sag wohin. Okay, also dann muss ich wissen, von ihm, wo er rennen will. Chat. Merci übrigens auch, Fienchen, dass du noch am Mitschauen bist, am Mitorganisieren, sehr gut. Und sorry für all die wollen schlafen, aber da müssen wir jetzt schon noch richtig machen. Nein, ich sage nicht wohin. Chin, also gehen wir zu Chin. Hat noch jemand? Also, Arti, wo hin? Headset am Dick Zoo Horan. Was ist mit dem Dick? Was ist mit Horan? Hey, Iceman, grüezi. Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Wir sind gerade ein Raid-Ziel am Suchen. In Absprache jetzt auch mit Dave anscheinend. Valianz. Also gut, Chat. Also bringt ja... dann machen wir es so. Chat, kann jemand für mich noch... Ich höre den Dave gerade nicht. Kann jemand seine Reaktion noch schnell checken und mir nachher Bescheid sagen, ob wir zu Valianz gehen? Ja? Okay. Also, Chat, dann machen wir Valianz. Er schaut nach. Okay, warten wir noch schnell. Das ist so gut. Vor allem, das Geile ist, mein Rage-Stop ist inzwischen wieder draussen. Jetzt habe ich ihn wieder rein. Das wäre jetzt das Geilste, wenn jetzt noch einfach noch ein komplett anderer Raid reinkommt. Wally ist gut. Also, let's go. Let's go. Schnell, let's go. Also, lieber Chat, machen wir nochmal Start Raid 2 zum lieben Valianz. Valianz, jetzt sind wir auch schon länger nicht mehr, aber das mache ich natürlich auch sehr gerne wieder. Schnell checken, ob da... So, habe ich das richtig geschrieben? Valianz, Valianz. Der liebe Valianz ist gerade A Plague Tale. Fucking hell, no, shit. Nicht der Hugo. A Plague Tale am Zocken. Bitte lernt viel Liebe beim Valianz. Soweit ich weiß, hat er ein bisschen eine Sehbehinderung. Also, sie findet es mega geil, dass er trotzdem streamt und Games zockt. Aber ich glaube, er nimmt wirklich nur einen Bruchteil von dem wahr, was er auf dem Monitor hat. Und ich finde es trotzdem geil, dass er das macht. Also viel Liebe dort, lieber Chat, unbedingt. Amicia! Nein! Chat also. Start Raid 2 zu Valianz. Let's go. Da. Zum Glück sprengt uns der Hugo nicht gerade ins Gesicht, wenn wir da die Vorschau haben. Und lieber Chat, kopiert euch jetzt... Ihr könnt euch reinkapieren, was ihr wollt. Aber ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ihr jetzt hier die vorgefertigte Nachricht nehmt vom Bot. Kopiert euch Nachricht für Subscribers oder für Nicht-Subscribers. Nochmal, hey Iceman, sorry, dass ich direkt beende, aber schön warst du noch gut hier. Lieber Chat, schön sind ihr alle da gewesen. Ich wünsche euch allen einen ganz schönen Sonntag. Ich werde am Montag nochmal live sein und wenn man sich am Live nicht montigt, ne? Dann wünsche ich feste Frohtage. Schöne Festtage für alle, die ich nicht mehr lese. Macht's gut, ihr seid die geilsten Chat. Die geilsten. Hab euch lieb, Chat. Valianz, viel Liebe dort. Ich kann nicht mehr reden, ich muss schlafen. Viel Liebe dort lassen. Macht's gut. Bye bye, tschüss. We do what we want, but we're not free.
Ah, ein Stadtmensch. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Aber das stimmt nicht. Wir haben das Milka Fresh erfunden. Da ist Minze drin, in einer knackigen Füllung und zarter Schoki von Milka. Aber Vorsicht, ist cool, man. Milka Fresh gibt's jetzt in jedem coolen Laden.